Herzlich willkommen, liebe Grind-on-Tour-Zuschauer hier bei den Irish Open 2024 in Dublin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, hier auch zum Vlog, denn wir covern für euch die Action hier von den Irish Open. Heute beginnt Tag 1b des 1150 Euro Main Event Buy-in, Main Events. Main Event Buy-in. Okay, nochmal von vorne. Cut! Wir müssten ein Intro für den YouTube-Vlog sprechen, Leute, und ich habe mich gerade ein bisschen versprochen. Also fangen wir nochmal von vorne an. Herzlich willkommen, liebe Grind-on-Tour-Zuschauer, hier zu den Irish Open 2024 in Dublin. Grind-on-Tour ist vor Ort zum ersten Mal bei diesem geschichtsträchtigen Poker-Festival und heute beginnt Tag 1b des 1150 Euro Buy-in Main Events. Das werde ich persönlich heute spielen. Die letzten Tage haben wir auch schon ein bisschen was gespielt. Da lief für mich nicht so wirklich was zusammen. Das Ganze könnt ihr auch gerne auf unseren vergangenen Livestreams in der VOD-Section anschauen. Hier auf YouTube und auch auf Twitch. Gesundheit. Super. Und was müssen die Zuschauer tun? Das ist geil. Ich muss doch mal von vorne sagen. Was müssen die Zuschauer tun, um den Vlog zu unterstützen, liebe Saba? Abonnieren. Glocke aktivieren, richtig, kommentieren und Däumchen da lassen. Richtig. Super. Und jetzt übergebe ich das Wort an meinen lieben Co-Kommentator und Kollegen Oliver Petri. Der hat nämlich die Informationen zum gestrigen Tag. Moin. Also, kann nicht mehr. Super geklappt. Sorry. In Roßverdorf hat der Mann das auf Englisch in einem Take gemacht. Phänomenal übrigens. Moin Leute, herzlich willkommen. Es scheint die Sonne. Ne? Das ist schon mal eigentlich das Besonderste an dem ganzen Tag. Heute ist Tag 4. Gestern, ich glaube, damit sollten wir beginnen, hat dein Kollege, Ambassador-Kollege aus Kanada, der Herr Talbot, Tonka P, sein erstes Live-Event gewonnen, das 5K High Roller für, ich glaube, 134 Ebbes. K, herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal. Ich glaube, die haben richtig gefeiert. Ich glaube, wenn man sich die Bilder anguckt, ihm ist nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen. Ja. Irgendwie. Also, war auf jeden Fall. Cool. Das war ihm super wichtig, weil der hat seit, weiß ich nicht, 17 Jahren noch keine Live-Trophäe geholt und ist jetzt so oft Zweiter geworden. Im High Roller in Paris war er Zweiter. Wo war er noch Zweiter? Überall Zweiter geworden. Table in Prag. Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter. Aber erster Platz, das war für ihn ganz, ganz wichtig und ich glaube, alle haben sich mit ihm gefreut. Schade, dass wir nicht dabei sein konnten. Wir waren schon ein bisschen früher im Bett. Sava war dabei. Sava war natürlich dabei. Mach uns doch nicht neidisch hier, Mensch. Wir wären auch gern dabei gewesen. Aber wir werden ihm später noch Glückwünsche ausrichten und vielleicht kommt er auch zu uns in die Kommentatoren-Booth, weil er hat schon gesagt, er hat Bock ein bisschen mitzukommentieren, wenn er Zeit hat. Ich weiß nicht, ob er heute Main Event spielt. Ich befürchte, er hat gefeiert gestern. Der feiert so ungern. Das kann sein. Was wir vielleicht noch sagen sollen, heute ist Tag 1b vom Main Event, da spielt Felix. Gestern war Tag 1a vom Main Event. 72 Spieler sind weitergekommen. Chip-Leader davon ist der Pascal. Und ach, der Pascal! Pascal Baumgarten. Ja. Und Finden hat sich auch qualifiziert. Für uns natürlich. Mit einer Hand? Qualifiziert für Tag 2. Sorry, dem musste sein. Ach so, deswegen. Mit einer Hand hat er sich qualifiziert. Furchtbar, diese Wortspiele. Großartig. Finden Hand. Flushy ist back, im wahrsten Sinne des Wortes. Flushy hat die drittmeisten Chips auch eingetütet, auch schon in Tag 2. Sehen wir vielleicht auch in der Kommentatoren-Booth. Müssen wir mal schauen. Und ansonsten können wir eigentlich nur sagen, heute ist noch ein Ladies-Event, heute Abend ist noch ein Mystery Bounty. Also falls ihr vorbeikommen wollt, mal eben nach Dublin, es lohnt sich immer. Kleine Info noch, morgen ist hier ein Rugby-Spiel. Da wird das mit dem Parken schwierig. Also wer mit dem Auto kommt, verstehst du? Wer mit dem Auto kommt. Über den See. Ja, ist auch okay. Ja, das war's eigentlich schon. Ey, ich bin heute wie Irish Open, das Irish Open Style Dress. Guck mal hier, gelb-grün. 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 Wir alle, gelb-grün. Ich nicht. Alles schwarz. Schwarz. Ja, Leute, mein Ticket habe ich auch schon geholt. Ich bin an Green 42 Seat. Ich bin an Green 42 Seat 8. Da gehen wir jetzt hin. Und ich habe hier diese schöne Moderationskarte, wo alles aufgeschrieben steht. Wir sind hier bei den Irish Open. Hier ist der Schedule. Können wir uns auch mal gerne angucken. Hier. Könnt ihr was entziffern? Nur, dass ihr Bescheid wisst, was ansteht. Tag 1b ist heute. Was haben wir noch? Wir haben das Ladies-Event, was du nicht mitspielen wirst. Ich habe es versucht, aber man hat mir gesagt, ich darf noch nicht. Ich muss noch 3 Tage durchhalten. Okay, gut. Dann kein Ladies-Event für Saba, aber vielleicht werden wir später mal ein bisschen was vom Ladies-Event zeigen. Ich bin mir sicher, GJ spielt das
Und heute Abend gibt es auch tatsächlich um 20 Uhr ein Mystery Bounty. Ich habe auch überlegt, ob ich das spiele, aber ich habe mich fürs Main Event entschieden, weil ich mag halt lieber tagsüber spielen. Ich mag nicht so gerne spät abends beginnen und dann bis spät in die Nacht. Da habe ich keinen Bock drauf. Und dann gibt es noch Tag 1D. Ach, vom Mini-Irish Open Main Event. Mini-Main. Das müssen wir ja auch noch spielen. Da muss ich auch noch eine Tüte holen. Habe ich auch noch nicht geschafft. Also das ist der Plan auf jeden Fall. Tüten in verschiedenen Events, im Mini-Main und im Main Event. Haben wir noch genug Möglichkeiten bis Samstag. Und es gibt mehr als genug Turniere zum Spielen. Es sind einige Deutsche schon angereist. Also immer wieder hört man auch deutsche Begrüßungen hier. Ich bin echt sehr, sehr positiv überrascht. Es tütete der Niklas schon und auch dies wird heute dein Lohn. Oder so ähnlich könnte man sagen. Sehr schön, sehr schön gereimt. Eine Moderatorin von uns hat heute geschrieben, 282k heute für Felix, bin ich bei. 282k. Grüße gehen raus an Cory. Dennis, schreib das auf. Also, ne? Warte, ich muss gerade noch eine Voice an Dennis machen. Übrigens heißt der Dennis ruft an. Bei mir jetzt. Nur weil Olli gesagt hat, ich soll ihn Dennis ruft an nennen. So, ich mache heute 282k. Ja, komisch. Egal. Ist aber so. Da vorne ist übrigens, falls ihr euch mal gefragt habt, wo diese Sportarena ist, da ist der Madigan Square Garden übrigens. Falls ihr den schon immer mal gesucht habt oder so. Ja, sollen wir da mal reingehen? Ja. Ist gar nicht so kalt draußen. In der Sonne ist echt... Ist gar nicht so kalt. Nee, ist gar nicht so kalt draußen. Kommt, wir gehen. Windig ist es, aber wir sind ja auch am Weiher. Vintage. Ach Mann, ey, ich wäre echt gerne dabei gewesen, als Tonka das geschippt hat. Sag ich dir, wie es ist. Bin Gestern schon ein bisschen oder was? neidisch, ja. Bin ein bisschen neidisch. Ja. Aber um 3 Uhr nachts, da waren wir im Tiefschlaf. So, kommt mit rein. Dankeschön. Bis später. So, welche Tischnummer? 42, glaube ich. Tisch Nummer 42. 42. Ich spiele 42,8. Sind 3 Leute an deinem Tisch. Okay, dann gehen wir noch nicht rein. Drei Dann gehen wir, Leute. sollen wir mit 3 Leuten spielen oder warten wir noch ein bisschen? Ja, wenn sich das alle denken. Ja, dann gehen wir einfach nochmal. Weil du sitzt, kommen sie alle. Fisch ist da. Stimmt, Fisch ist da. Stimmt Bestimmt eigentlich. ein Online-Qualifier. Wir können ja einmal durchs Feld gehen. Vielleicht sehen wir irgendwelche bekannten Gesichter. Wir gehen einfach mal durchs Feld, würde ich sagen. Habe ich alles dabei? Wasser nehme ich mit. Wasser. Was Das Wasser. Das Wasser. Oh, Vorsicht. Das ist mein Wasser. Das ist mein Wasser. Nehme ich das Wasser mit. Super. Ja, dann gehen wir doch einfach mal ein bisschen durchs Feld und gucken mal, ob wir irgendjemanden finden, der uns sympathisch aussieht. Irgendjemanden finden. Guck mal, wie heißt er nochmal? Guck mal, wer da ist. Der Kollege. Vielleicht zeigen wir ihn mal gerade kurz. Das ist der hier. Kollege, der uns heute beehren wird. Und wie heißt der denn jetzt nochmal? Das ist der Jim. Ach, der Jim. Ja, vom Hi, Jim. Wir haben heute einen Gast, einen amerikanischen Podcast-Kollegen, der mit dem Joe ganz lange am Tisch saß, beim ersten Event, als der Joe Vierter geworden ist. Und den haben wir heute nach der ersten Pause als Gast. Den werden wir begrüßen in der sieht's Booth. aus. Sehr, sehr schön. So, Ja, jetzt dann finden wir Hand. Finden wir jemanden, der Hand spielt. Okay. Ja, man muss sich angleichen an das Niveau. Ne? Sonst Das kommst sind du die hier Main nicht Event durch. Chips, glaube ich, oder? So, Was haben wir denn? 49. 49. Den! Guten Tag. Hi. Wie läuft's bei dir? Schlecht. Aber du hast doch gerade erst angefangen. Richtig schlecht. Ja, bisher halt, meine ich. schon, ne? Achso, okay, aber das ist noch Startdeck, oder? Das Startstack, ja. Ich habe mich gerade hingesetzt vor einer Sekunde. Genau, ja. Wie läuft's bei dir so? Auch genauso. Okay. Ja, okay, cool. Wir sind mal in einem Boot. Ja. Aber bei Flaschi lief es ja gestern dafür besser. Ja, das ist Kann man auch wichtig. so Wir haben machen, ja ey. 2 Mikros, ne? Du kannst auch, ich kann. Cool. Viel, viel besser. Mit 2 Mikros. Dafür hatten wir uns eigentlich auch das zweite Mikro gekauft. Richtig? Damit man 2 Mikros in die Fresse heben kann. Perfekt. Ja, sehr gut. Die Pressekonferenz. Okay, wir lassen dich mal in Ruhe spielen hier. Er muss ja ein paar Hände spielen. Hi. Hallo, Check 1, 2, 3. Good luck, Dylan. Good luck, Dylan. Gehst du auch rein? Ich gehe jetzt auch rein, ja. Tisch. Auch noch da, oder? Bitte, wie bitte? Du bist nicht auch an diesem Tisch. Nein, ich bin hier an dem. Ich bin bei 43. 43 ist dahinter, oder? Sehr gut. Wir haben die ganze Nacht durchgecasht, bisschen Bier getrunken, jetzt geht's direkt rein. Sehr gut. Das sind doch Top-Voraussetzungen. Woher kommst du? Schweiz, Schweiz. treuer Supporter der xflixx Community seit Jahren. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ja, Wie heißt du? Rainbow Bluffer auf Twitch. Rainbow Bluff.
Der Rainbow Bluffer. Ja, ich bin seit Jahren Ja, geil. dabei. Komm, spiel deine Hand hier nicht, dass du gleich rausgeflogen First Hand bist. Posto. Ne, hoffentlich nicht. Good luck. Rainbow Bluffer in the house. Sehr geil. Sehr, sehr schön. Ah, hier, Connor, kennen wir auch. Hi, Connor. Good luck. Good luck. Ja, das sieht doch gut aus. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal eine Runde. Oh, guck mal, Strack. Geilstes Hemd. Felix. Geiles Das Hemd. beste Hemd. Strack always wins for best dressed. Yes. The best shirts in poker. I don't know about best, but at least I'm dressed. That makes sense. You playing the main? Yeah, just sat down. So, when are you playing? I'm jumping in right now. All right, excellent. Well, table 40, seat open. Seat open? Okay, let's hope that. Maybe, let's see. I have 43. No, 42. 42. You neighbors? Yeah, see. Good luck. Thanks. Good luck, Sir. Okay, sehr schön. 41. Gucken wir nochmal weiter. Da sind schon 4 dran. Lust auf Shorthanded? Ja, auf jeden Fall. Okay, warte, pass auf, dann machen wir das jetzt so. Ich gehe rein. Ich nehme das Mikro. Du nimmst das Mikro? Ja, aber ich mache dir hier eben noch den Pinöppel dran. Der Pinöppel. Das ist mein Tisch hier, Leute. Ich bin die 8. Ich bin neben dem Dealer. Zack. Das ist 42. Ich bin die 8. Good morning. Hello, hello, hello. So, wollen wir doch mal hoffen, dass das der Tisch bleibt für die nächsten 14 Level. All my chips. Wir spielen nämlich heute 14 Level, wenn ich das richtig im Kopf habe. I think I'll need them. 14 Level, also nicht irgendwie auf irgendwelche Prozente runter oder so, sondern 14 Level. 40 Minuten, glaube ich, oder 45. Yeah, always. Es gibt We auch are einen live Dinner on Break. stream on Twitch 60 and Minuten. YouTube. For you and for you. What? You don't need one. You know. Ja, und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns gleich wieder an der Kommentatorenbox. We're live on YouTube and on Twitch. The camera is here. We don't show whole cards. If you don't want anything to be shown, just let us know. Is it on me? Yes, it is on me. Vote. Check. Heads up. Check. 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 Bet. So, herzlichst willkommen von hier. Auch. Slide now. So, Stimmung ist gut, wir haben alle geschlafen, das ist wichtig. So you played Wenn yesterday. ihr wüsstet, was man hier alles noch drumherum machen kann. Also die Stimmung ist großartig. Wenn mich irgendwelche Leute fragen, I don't know about that. wie es aussieht, I bluffed off my stack yesterday in the 350. wenn mich irgendwelche Leute fragen sollten, ab heute, moin, wenn mich irgendwelche Leute fragen sollten, ab heute, welches Pokerstars-Event oder von Pokerstars mitveranstaltete Event man unbedingt besuchen sollte, dann ist es dieses hier. Ich kann nur wiederholen. Spielen wir schon Hand? Wir spielen Hand. Ruhe. Die Blinds sind 100, 200. 100, 200. Wieso liegen da 300?
Oder sind sie gerade erst gestiegen? Wahrscheinlich sind sie gerade erst gestiegen. Das waren noch 100 wahrscheinlich. Ne? Ein Race auf 300 und ein Re-Race von Felix. Oder? Nee, da war schon ein Race und Felix bezahlt. Okay, jetzt bin ich im Bilde. Verzeihung. 8 König 10, zweimal Karo. Geht ja schon gut los. Ruhe. Bube. Check, check. Felix hat Re-Race. Alles klar. Danke. Ja, ich hab mich gerade hingesetzt. Verzeiht. Ich hoffe, das ist okay. Und noch mehr Karo. Die 2. Auf dem River. Paar Neuner. Good. Pocket Eights? No, Sevens. Neuner anscheinend hatte der Kollege Siebener. Die sind nicht gut genug. Erster Pot geht direkt zu uns. Fängt ja schon mal gut an, oder? Was ist denn los? Also erstmal schönen guten Tag an alle. Kam gerade Ansage über den Speaker. Ich habe keine Oyster-Shots getrunken. Nein, vorgestern haben die hier angefangen, die Heizung reinzublasen, also so richtig. Und ich hatte, kennt ihr das Gefühl, einen Tag bevor man krank wird, so habe ich mich gefühlt. Und deswegen habe ich es genutzt, dass es gestern nicht ganz so lange ging und habe mich ganz früh ins Bett verkrümmelt und habe, ich glaube, von 10:30 bis um 7 Uhr geschlafen. Und es geht mir bombastisch. Das ist sehr, sehr gut. Und da ist ja schon der Rainbow Bluffer. Ich kann dich sehen. Das ist creepy irgendwie, ne? Das Bier lohnt sich hier. Ja, also das Guinness soll sehr lecker sein. Ich habe noch gar keinen Alkohol hier getrunken. Eigentlich hatte ich auch vor, gar keinen Alkohol zu trinken. Denn wir haben harte Wochen vor uns irgendwie. Allerdings muss man wirklich sagen, es sind so viele coole Leute hier, mit denen es so viel Spaß macht. Da sollte man das vielleicht auch mal ausnutzen irgendwie und ein bisschen zu networken. Ne? Das kann man ja auch, indem man irgendwie sich zum Beispiel mal an eine Bar stellt oder wie auch immer. So. Ansonsten hoffen wir natürlich heute, dass es ein langer Tag wird. Ne? Denn dafür sind wir ja hier. Ich weiß nicht, wer von euch gestern mit dabei war. Das ist auf jeden Fall der Heiko, der ist auch da. Schönen guten Tag. Ich weiß nicht, wer von euch gestern mit dabei war. Da hat der Felix mich aus dem Turnier geblufft. Wurde auch schon rege diskutiert. Wir sind alle irgendwie allgemein auf den Schluss gekommen, dass man die Karte vorher folden muss. Ich muss sagen, ich habe keinen Fehler gesehen. Also wenn man es spielt, dann... Ne? Ich bin mir sicher, dass wenn Leute zugeschaut haben und er dann wieder irgendwie vor dem River abgebrochen hätte, die haben gesagt, er muss schon durchziehen. Es ist halt einfach, es war ein in Anführungsstrichen nur 350er Buy-in, glaube ich, oder 300er Buy-in. Und die Leute bezahlen halt einfach. Wenn sie getroffen haben, bezahlen sie. Ne? Und da muss man halt, das muss man mit einberechnen. Vielleicht ist es heute ein bisschen was anderes. Ich fand die Geschichte gut zu Ende erzählt. Ne? Wie sieht Felix es? Genau so. Er hätte die Karten vorher wegschmeißen müssen. Und dann gab es halt noch den Punkt, nach dem Turn hat er ganz einfach die 10.000 bezahlt. Und da sagte der Felix auch, da hätte ihm klar sein müssen eigentlich, dass er irgendwas hat. Und wahrscheinlich nichts drauf gibt, ob da ein Kreuz kommt oder nicht. Er hatte ja auch noch einen Kreuzblocker. 6-5 Spades war es. Ne? Ja, genau. Munter ein bisschen weitermachen. Ich sehe das auch so. Ne? Wir durften in Rossverdorf so häufig lesen, ach, warum erzählt er die Geschichte nicht zu Ende und so weiter und so weiter. Jetzt hat er sie zu Ende gezählt und ist bezahlt worden. Und ist halt beim Bluffen erwischt worden. Halt, ne? Für Tournament Live. In New York. Oh, okay. Never been to New York in my life. Fandst du es so schlimm? Hi Heiko. Hallo Oliver. Ich wollte dich nicht in deinem Redefluss stören. Ey, bitte. Bitte, immer stören. So, ich wollte gerade noch mal gucken, dass ich meinen Namen hier noch mit eingetragen bekomme. Ah, da ist er schon. Perfekt. Danke für Vielen den Dank. Sub. Auch du bist jetzt ein Teil Cindy. des GRND Communities.
Hello. Er muss bezahlen, blockt mit Bube Kreuz. Ja, muss er bezahlen. Wir haben uns dann auch überlegt, wenn der Bube ein Herz ist es dann was anderes? Nee. Aber so bei dem, was ich bis jetzt hier gesehen habe, glaube ich nicht. Nein, ich denke auch nicht. Also wird mir morgen ja beim Frühstück gesagt, dass Leute teilweise immer noch so diese Ansicht haben, wenn sie Flop callen und wenn sie Turn callen, wollen sie River auch callen. Und so war der Herr wahrscheinlich gestern auch drauf. Er hat sich selber gesagt, okay, wenn ich Turn call, dann call ich River auch, egal was er bettet. Und von daher. Wenn der Bube ein Herz ist, ist es Royal. Das weißt du, das weiß Heiko und das weiß ich. Nur der Spieler, der weiß das nicht. Genau. Also das ist, es ist nicht so, es ist von außen immer klar, wenn du ein gewisses Pokerverständnis hast und so, dann kannst du die ganzen Sachen immer ein bisschen anders auseinandernehmen. Wenn hier Leute sitzen und halt einfach Bock haben, weil die Irish Open da sind und mal ein bisschen zu spielen, dann ist es halt manchmal einfach was anderes. Genau. Also wir haben heute Morgen hier auch Geschichten gestern aus dem Mini-Main-Event gehört. Da kommen Leute, die hier in Dublin wohnen, die Poker ein bisschen kennen, die aber nicht mal die rudimentärsten Regeln von Pokern kennen. So. Genau. Also die gehen einfach an den Tisch und sagen, ich spiele mal eine Runde, ich zock mal eine Runde, ich trinke ein bisschen Bier. Das hier liegt nicht aus Spaß hier, ne? Das ist kein Witz. Also, ne? Das, was der Heiko gerade gesagt hat, genau ist der Punkt. Ja. Genau das. Genau, Kölsche Jungs, so sieht's aus. Oh, this is not a pub. Ja, so ungefähr. Ist ehrlich so, es klingt so komisch, ne? Aber eigentlich ist es ja auch schön. Also es ist schön, dass es nicht alles so bierernst ist, ne? Das ist schon schön. Macht Spaß. Genau. So, und wir sehen auch hier am Tisch noch wieder altbekannte Gesichter. Der Herr mit der Cappy, der kommt glaube ich aus Amerika. Der saß auch bei Joe im Six-Max ganz lange mit am Tisch. Er meinte, sieht mal aus wie irgendein Schauspieler, ich weiß aber nicht welcher, also aus irgendeiner alten US-Serie. Chandler war es, glaube ich, ne? Von Friends, aber Ich glaube ja. Aber Friends nie geguckt. Ich sehe das nicht. Ich meine, ich sehe auch aus wie Bud Spencer. Ist doch klar. Genau. Wenn ich ihn als Fisch identifiziere, macht der Bluff noch weniger Sinn. Never bluff a monkey. Ja, ne, deswegen sagt Felix auch, er hätte vorher einfach die Karten folden sollen. Ne? Fertig. Cindy, herzlichen Glückwunsch. Übrigens zu deinem Cash. Ne? Auch wenn es nicht für alles gereicht hat. Herzlichen Glückwunsch. Okay, thank you. Ja, ansonsten ist heute Donnerstag. Ich habe ein bisschen Angst vor Freitag. Ehrlich gesagt, weil alle gesagt haben, das Wochenende, sowas hast du halt noch nicht gesehen. Und es könnte dann auch sehr laut werden hier. Und der Bierumsatz könnte noch mehr steigen. Es ist halt phänomenal, dass einfach 24/7 hier Cashgame läuft. Also egal, wann du hier reinkommst, wann du hier rausgehst, laufen, ich glaube, mindestens 5 Tische. Und das ist aber nicht der Durchschnitt, das ist das Minimum. Weißt du, was ja auch mal läuft? Der Bierhahn. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie der Kollege gerade gesagt hat aus der Schweiz, ne? Die ganze Nacht Cashgame gespielt, so jetzt ein Bier gefrühstückt und jetzt geht's ins Turnier halt, ne? Ja, also, aber ich meinte das schon ernst, als ich gerade gesagt habe, wenn mich irgendjemand fragt, welchen Stop würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen, bucht früh genug fürs nächste Jahr die Irish Open, dann ist die Unterkunft vielleicht ein bisschen günstiger. Es ist halt das Schöne, dass hier eine schöne Variation an Turnieren ist. Du hast natürlich auch immer Satellites, du hast Cashgame von 1-2 an, du hast ein 1000er Main Event, du hast einen 5000er High Roller, aber du hast auch die 330er, du hast die 220er Turniere und so, das ist schon schön. Und du hast immer doch alle Variationen. Gerade durchläuft jetzt gerade noch der letzte oder zweite Tag vom PLO. Genau. Ein PLO Mystery Bounty, heute Abend noch Mystery Bounty. Jetzt um 14 Uhr noch Ladies Event. Oh, ganz so. Ich habe mir noch keins weißt du, wie teuer ein Bier ist? 7 Euro. Schlappe 7 Euro. Geschenkt. Also ich habe gestern Guinness für 7 Euro bekommen. Ich weiß nicht, andere schreiben 7,50. Also vielleicht ist es an einigen Bars, kostet 57, aber ich habe gestern in dem Crack Cave 7 Euro bezahlt. Crack Cave heißt übrigens nicht das, was ihr euch vielleicht denkt zu Hause. Crack ist so ein Synonym in Irland für Glück. Genau. Also nicht denken irgendwie, was machen die denn da halt? Ne? Ja, die kommen vorbei, da sind ein paar Fische bei, wie DJ,
Wenn es Arcade, Yeah, exactly. That's what I'm saying. ganz einfache Spieler. Das ist, also es ist Yeah, I schon, know, but like it's not like it's Irland, difficult teuerstes because Land in der you EU never und know how Land mit dem somebody höchsten. Also ich means kann dir eine something. Sache sagen. Mean it in a nice way Hier or drin not ist in a es, not nice way and you also sometimes you can't die really Preise, tell. die ich hier gesehen So habe, if you sind don't like it, günstiger als die in Paris. That's Immer. what I'm doing. glaube ich dir gerne. Wobei ich war gestern mit Kotek noch in einem Tesco, kurz im Supermarkt. Und dann hat er ein paar Artikel gekauft, wie so 13 Artikel, 40 Euro. It's a weird comment to make in a stream. It's like I don't know. It's his stream, so he can do whatever he likes. 7 Euro sind für Irland günstig. Paris war 2060 schon wieder 10 Euro. Wunderbar. So. Olli? Yeah, and then it starts a discussion. Exactly. Exactly. Yeah. That's what we Ich will die letzten Open Race in 3 we wird. usually Oder? also just try to Ja. avoid. Wäre sonst der große Open Race gewesen, habe ich auf 1300. Wir können natürlich auch den Table Talk für euch lauter machen und ein bisschen mal die Schnüsse halten. Die scheinen sich da gerade zu. Ne? Yeah. I agree. Yeah. Ja, Royal, da hast du wahrscheinlich recht, aber wir können uns auch nicht immer aussuchen, wo wir hingehen. Ne? Also normalerweise geht so ein Tag 8 bis 16 Stunden und dann kannst du halt nicht nochmal eben irgendwo hinfahren oder so. Dann, wenn gegenüber ein Pub ist, dann nimmst du halt den mit, wenn du überhaupt noch was trinkst. Ansonsten gehst du direkt ins Bett. Ne? Genau. Wobei man dazu sagen muss, dass Lebensmittel in Frankreich generell immer ein bisschen teurer sind. Das ist einfach kulturell bedingt. Auch in Monte Carlo werden wir uns wieder freuen dürfen. Oh, super. Spielt schon wieder an. Ja. Race auf 600, Re-Race 2-1. Jo. Felix hat Bock. Hört sich witzig an, 8 bis 18 Stunden. McFly, du weißt genau, wovon ich rede. McFly weiß genau, wovon ich rede. Ruhe. Was passiert? Wir haben es nicht gesehen, was passiert ist. Es gab nur den 3-Bet und alle haben gefodert. Okay. Yeah, first time to Dublin. Well, first time to the Irish Open. I've been to Dublin like 6 years ago. Moin Rossi, Floor 42. moin YouTube, moin Twitch. Ne, wir wiederholen es gerne und häufig. Wir streamen seit Paris dual quasi auf Twitch und auf YouTube und freuen uns sehr darüber, dass es funktioniert und dass das so gut angenommen wird. Wir freuen uns, wenn ihr vice versa beim jeweils anderen mal einen Daumen nach oben da lasst und so. Denn so erreichen wir mehr Zuschauer. Ne? Das ist ja so, je mehr Leute sowas liken und mal kurz da reinseppen irgendwie, desto besser werden wir gesehen, desto mehr Zuschauer bekommen wir, desto schneller werden wir anderen Leuten vorgestellt. Das kostet euch nichts und da sind wir euch sehr, sehr dankbar für. No. Unfortunately, I would love that. That would be perfect. But then, Yeah, because for your game too, probably. yeah, I mean, I'm sure you just need it by now. Big bang. You can hear that all the time. Guten Morgen in die Schweiz. Hallo Cedric. Ja, Bidu ist auch da. Ist heute Morgen an mir vorbeigelaufen. Sah ein bisschen verkatert aus, glaube ich, ne? Der sah ein bisschen verkatert, ein bisschen geknickt aus. Also der ist auf jeden Fall wieder angekommen. is there? Are you paying? Are you paying? Now you got a problem. As long as you're paying, it's okay for me. You have to talk to Die Tische und Stühle sehen sehr geil aus. Das ist so unterschiedlich. Ne? Viele Leute sagen, das ist mir zu grün.
Ich finde das Grün doof. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da waren alle Pokertische grün. Da gab es gar nichts anderes. Und als wir dann gesagt haben, wir hätten gerne mal einen Tisch für ein Final Table, blau oder rot, da wurden wir angeguckt wie Aliens. Ne? Und ich glaube, das Gängigste ist heutzutage schwarz oder blau. I wasn't light. I always have a good hand. You know I'm never bluffing. Hat er gerade gesagt, you know I'm never bluffing? Ja. Hat er gerade gesagt. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Thank you. I mean, sorry? No, not really. It's okay. I mean, I'll just protect the cards. Hello, welcome. Thank you. I mean, sometimes we play show one. Like, if everybody agrees, we can play that. Like, the winner shows one card, loser gets to pick. That's what I usually do. Like, what I like to do. But other than that, if you want to show, you show up. Otherwise, I'm never showing. No, I meant this way. You want it To the camera, you mean? Yeah. Yeah, I mean, you can do that. But for me, it's like, Yeah, then we all be watching the stream. yeah, everybody can check on the stream. It's 20 seconds delay. Yeah, but that's enough. You just hang for about half a minute to find out. Well, This is really strategic at this level of the game. The stream sniping now. yeah. Race. Race. 1 p.m. in Dublin, like 6 a.m. in Dallas. So, good morning, sir. Tag auch an Rudi. Wunderschönen guten Tag. So, wir spielen Hand. 228. Zweimal kann. So, if there are a lot of people who are English speaking, just tell us. We can speak English. Just ask questions, no problem. And to let you know, after the first break, we will have an English guest, an American guest. Die 3. 600 Call, 3. I also have an Americano as well. 1700. Black. And water. Jetzt sind die Gelben wieder die Tausender, sehe ich gerade. Ne? Ja. Felix Cold. Und 5. Felix checkt wieder. Und der Button 2,5. ist aus wie der Value Pad. Showdown. Felix hat wohl gecallt. Was haben wir denn? Oder? Nee. Nee, Felix hat noch nicht. Okay. Felix hat noch nicht gecallt. Hat aber schon unter seine Karten geguckt. If that's a bluff, that's a good size for a bluff. Das wird ein Fold, denke ich. I have the ace of diamonds. That sucks. Would you show some? Yeah, I'll take the right one, please. This one? One of the threes? Okay. Ja. That's okay. Ich meine, die 3 wird wohl gereicht haben. Ja, wahrscheinlich war Danke noch eine für den zweite. Sub. Auch du bist jetzt ein Teil Voll des aus. Grind-Imperiums. Ace of diamonds. Könntet ihr wie du einen Groß ausrichten? Cedric, wir könnten. Machen wir gerne. Was gibt's denn dafür? Is empty? No, it's not empty yet. Ich hab gehört, Guinness ist lecker. Was denn? So our guest will be after the first break. The guy from the Rec Poker I haven't played podcast. cash for 6 years. I just switched to tournaments for 6 years now. Mostly online. Nur der Genau FCB, live. vielen Dank für deinen Sub. Da ist der Vogel. Die Taube ist No wieder cash da. games anymore. Hallo. Du gehst jetzt zum Dealer-Meeting. That's it. No. Guided out. Für euch zum Verständnis, hier rennt gerade eine Taube über den Boden. Die wäre gerade fast in unsere Booth gelaufen. Good idea. Ja. Perfekt. Danke für den Sub. Geil. Auch Ich hoffe, die du fängt gleich bist jetzt richtig an ein zu Teil kacken. des Vielen Dank für das Sub übrigens. Grind-Imperiums. Weißt du, wer gerade Sub? Der Rainbow Bluffer. Erinnerst du dich noch? Sitzt du da vorne, oder? Genau, richtig. Können wir uns eigentlich persönlich bedanken. Rainbow, Schön. danke für deinen Sub. Danke. Moin, Nerder.
Lieber Rainbow Bluffer. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Kannst du uns auch in Guinness bezahlen, solange wir hier sind. König gezeigt. Anscheinend hat Felix es durchgedrückt, dass wir doch ein bisschen das Show One-Spiel spielen. Das ist immer ganz schön, wenn man nachher sieht, was für ein Mist fabriziert worden ist. Ed Ollo. Das heißt eher nur der FCB, ich weiß. Where are you from? Ich weiß. Brazil. Long way. Ich weiß. We got Canada, we got USA, we got Brazil. Ich weiß. That's crazy. Manche Sachen muss man halt nicht erwähnen. Was? Ich habe unheimlich Respekt vor dem FC Bayern München, ja, aber ich muss ihn nicht erwähnen, oder? Also, lieber Nerder, herzlich willkommen. Olli, der liebe Join oder Joinigen fragt, was heißt denn immer Act in Turn? Wo fragt er denn das? Chat. Was bedeutet denn always act in turn? Naja, du musst halt immer spielen, wenn du dran bist. That's where you want me. Also nicht vorher schon was machen und nachher ist auch schwierig, weil dann ist schon vorbei. Genau. Also ich habe tatsächlich meine allererste und bisher einzige Strafe bekommen in Hamburg letztes Jahr, weil ich so dringend aufs Klo musste und habe meine Hand bekommen und es war Pause und ich bin aufgestanden und gegangen. Und als ich wiedergekommen bin, hat man mir gesagt, du hast jetzt einen Orbit Pause. Und da habe ich gesagt, warum? Und dann hat er mir gesagt, weil du das vorhin schon mal gemacht hast. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Ja, und das wäre ein Freifahrtschein und dann gibt es halt einen Orbit Pause, weil ich out of turn geactet habe. Das heißt also, die Leute wissen vor mir, dass ich nicht spiele. Das heißt, die können eine andere Entscheidung treffen. Ne? Genau. Und da hat er recht mit. Dann habe ich einmal doof geguckt, wie so ein halbes Auto, und dann habe ich ihm recht gegeben und mich entschuldigt. Yeah, I mean, you say you pay. Easy. Musst du nicht, Oli. Kein Problem, Nerder. So, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir einen langen Tag vor uns haben. Dass das Ganze mal ein bisschen vernünftiger läuft. Dass man mal nicht im Small Blind mit Königen gegen Asse im Big Blind irgendwie rausfliegt. Gut, wenn man sich rausblafft, ist man selber schuld, aber bringt es was, wenn ich das Herz spamme? Mache das schon länger, bringt euch das was? Das Herz spamme. Und wir fragten, was wir bekommen, wenn wir Bido grüßen. The old man is dealing with two pair. I think it was even more than two pair. Oh, just the nuts. Aber erstmal moin an Theo. Moin. Vielen Dank für die Unterhose. Wo bist du eigentlich, Theo? Danke, danke. That's the funniest tattoo you got. How many bullets? Yeah, I had to think about it and I'm like, okay, like, That's the first bullet from Felix. I'm not even sure. Are there unlimited rebuys in the main event? Can you show the camera just once, please? This is the best tattoo I've ever seen in my life. I love it. I'm drunk. Theo, dann gute Besserung. Yeah. Ich habe gehört, warmes Kind soll helfen. Ja, aber so, ich dachte auch, ich werde krank. Bleib bloß im Bett, pack dich ein, Pulli an, gesund schwitzen. Genau. Indy, schönen Gruß. Gruß aus Altendorf, wäre auch gerne da. Du wirst lachen. Ich sage dir, wenn du die Möglichkeiten hast, fahr zum Flughafen, komm rüber, das lohnt sich. Ehrlich, das lohnt sich. Wirklich. Komm gleich, war nur Spaß. Assi. Da macht man einmal hier, ne, hat man einmal ein bisschen Mitgefühl und kriegt direkt wieder einen drüber. Spiele das Mystery heute Abend, das ist ein guter Plan. Ich denke auch. Main kein Bock? Oder morgen Main? Oder den Turbo Flight am Freitagabend, glaube ich, ist es, ne? Aber weißt du, was das Gute ist? Theo kann nachher mal zum Arbeiten kommen. Kann noch ein bisschen kommentieren hier. Wenn er Lust hat, auf jeden Fall. Wenn er heute Abend erst spielt. Ja. Gerne. Komm vorbei, Theo. Freue ich mich. Freuen die Leute sich zu Hause auch immer. Oh, moin Dennis. Dennis ruft ja. an. Dennis, bekommst du. Oh, no, Die Adresse kommt noch. Makes sense. Dennis ruft an. To all the drunks. Habt ihr auch Zeit, etwas von Dublin zu sehen? Nee. Also das ist ja das, was die Leute immer denken. Boah, Olli, ey, da bist du aber rumgekommen im letzten Jahr. Das stimmt. Und das feiere ich auch sehr.
Aber nee, lustigerweise habe ich heute Morgen beim Frühstück zu Felix gesagt, dass wir eventuell überlegen sollten, einen freien Tag einzustreuen. So in der Mitte oder so. Dass jeder sich entweder mal die Stadt angucken kann oder am Tag vorher feiern kann und ausschlafen kann. Oder. Und das hat ja nicht nur irgendwie was fürs Team, sondern das hat halt auch um zu networken oder sowas halt. Ja, Chat, aber wir können ja mal fragen, was hält denn der Chat davon, wenn wir einen Tag frei machen und einfach mal für eine Stunde in der Innenstadt zum Beispiel IRL-Stream machen? Könnte man zum Beispiel auch machen, ne? Ja? Gerade wenn du halt, wir haben ja eine etwas längere Tour vor uns, ne? Wenn wir am 9. oder 10. oder wann es ist, nach Liechtenstein knallen und dann von Liechtenstein aus direkt nach Monaco und dann von Monaco nach Hause einen Tag Pause haben und dann von da aus direkt nach Belgien für 12 oder 13 Tage, halte ich das für gar nicht so blöd, ne, dass man das auch noch macht. Und danach? Belgien? Kommt? Dann kommt 3 Tage Pause und dann kommt Grind Live. Ah! Ja. Da werde ich wenig machen übrigens. Da musste ich Kojak direkt im letzten Meeting beipflichten. Da möchte ich eigentlich fast gar nichts machen. Das möchte ich genießen. Nicht mal pokern? Doch, ja, das möchte ich. So. Pokern und mit euch das ein oder andere Kaltgetränk zu mir nehmen. Da freue ich mich sehr drauf. Aber natürlich mache ich noch, also ich mache nicht gar nichts oder so. One for one. So, Felix gewinnt einen Pot. Zeigt den König für Top Paar. Wann bist du in Namur? Wir fahren an meinem Geburtstag, das ist der 7.5. bis zum 19. oder 20. Ich glaube Namur habe ich frei, deswegen. Ich bin mit dir in Liechtenstein und in Monte Carlo und dann bin ich nochmal ein paar Tage zu Hause. So. Frei machen. Ach, du kommst auch und spielst wahrscheinlich, sei ehrlich. Nee, Namur, nein. Das ist ja von mir auch wieder Hamburg. Ach ja, Namur stimmt. sind auch wieder 8 ich denke mal, Stunden. du kommst auch aus Köln. Nein. Ja, stimmt. Also da ist das Team auf jeden Fall in Namur. Kann dir aber sagen, Ganso, Liechtenstein lohnt sich auch. Ne? Ja. Wirklich. Also der Schedule, ich habe mir heute Morgen nochmal angeguckt. Das ist schon abgefahren. Und wir haben da einige Sachen, die wir euch anbieten. Extra noch neben dem Schedule. Das erzählen wir euch, sobald der Chef soweit ist, beziehungsweise wenn das hier fertig ist. Yeah, and just see new places. I just like seeing new places, meeting new people. That's why I was shocked to see in Limerick a few years back, because there's 250 buying, I think. We just went there with a couple of buddies for fun. Yeah, that's it. I play poker for fun. I like it. It's it's a social, fun game. So I don't care the buy-in, like. I don't care the buy-in. I don't care the money. I don't care the buy-in. Small tournament. It was a Irish Poker Festival. Or what is it? Yeah. Irish Poker Festival. Danke für den Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Wo sind sie eigentlich? Lieber Rainbow Bluffer, wenn du jetzt aufstehst und nach links guckst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann müsstest du uns an der Wand sitzen sehen. Ja. Guck mal, was wir mit hinter uns sehen. Ja, Ankit. Ankit, auch im Main-Event. Nice. Yeah, the SOP. I heard so much about it. Die NKB, Grüße zurück nach Dallas. Moin. Guten Morgen. Good morning, Sir. Good morning. Ja, also der Heiko wird nicht mit dem Auto fahren nach Liechtenstein. Nein. Das wäre wirklich anstrengend. Also das ist so eine Entfernung. Als ich nach Bratislava gefahren bin mit dem Auto und meinem ganzen Equipment, habe ich eine Pause gemacht. Habe ich mir ein ganz günstiges Motel genommen auf dem Weg, habe gepennt und bin am nächsten Morgen weitergefahren. So, wir gucken gerade mal. Es gab, glaube ich, eine Conti-Bet auf 13.000 oder ein Check Race? Yeah. Rekord. Sogar 10er sind gut auf 9-2. Full House. Top Full House. Wunderbar. Tja, nicht so schlecht. Einmal so laufen. Ne? Pocket tens. 2 tens. I don't know, what did you? You didn't show? Did you show? No, you marked. Didn't show. Ja, morgen ist der 29. Morgen startet das Coverage mit Cards Up auf den euch bekannten Channels und bei uns natürlich auch. Aber
Wir haben die Möglichkeit zu wechseln. Also das heißt, wir können uns überlegen, ob wir den Feed nehmen oder ob wir das tun, was wir jetzt tun. Oder ob wir auch einfach ab und zu mal switchen. Ich weiß, wir haben das ausprobiert in Prag. Ich weiß auch, dass ich ein super Fan davon bin. Aber ich weiß auch, dass die Mehrzahl gesagt hat, ach nee, wir müssen das einfach nochmal ausprobieren. Ich finde immer noch, dass es Mehrwert hat, wenn man beides zeigen könnte. Ne? Aber wir warten einfach mal ab, was passiert. 800 is too much. That's why you picked 800. You didn't want to call. Oh, ich denke, wir werden schon einen guten Mix finden. Ja, finde ich auch. Glaube ich auch. Ich denke auch. Auf jeden Fall danke nochmal, Paddy, für deinen Sub. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Da vorne sitzt. Es sind einige Spieler am Start, die ich kenne. Ja. Ich meine, die ganzen Side-Events, das High Roller ist vorbei gewesen. Ne? Und jetzt starten eben halt die meisten ins Main-Event. Ja. Wenn sie nämlich heute spielen, beide Bullets bücken, können sie morgen nochmal rein. Und guten Morgen. Nee, Wörtel, der hat, ich weiß gar nicht, was er machen wollte mit dem 100er. Not even 7. Sorry? Es würde mich aber auch nicht wundern, ehrlich gesagt. Ja, mich würde es auch nicht wundern. To the toilet. We could try. Maybe it's good content, who knows? We'll try it out. Exactly, you have to subscribe. So he only gets a break when you get. No, they have breaks. They rotate. They do rotations. So. 4. How many poker stars players this weekend? Yourself, Draghi, Finton, who else? Finton, Tonka. Oh yeah, Tonka. GJ Reggie. Oh yeah. Who else? Marley. Spraggy's wife. 6. Yeah, Vanessa Kid is here, I think. Wir spielen nicht Position. Vanessa Kate. Yeah, she's no, she's not. I think she's like somewhat affiliated with PokerStars now, but not a official ambassador. Well, there's Sam Grafton's here. He's not here, is he? I don't think he's seen his name. He said it tonight, I think. I heard he's not coming, but I'm not sure. He usually does come here. Well, the French guys, Benny and you. I won't know the The Spanish guys, Willow, Alex Romero. That's quite a bit. I think we've got most of the ambassadors here. Tja, aber wo ist Sam Grafton? Wo ist der gute Mann? Weißt du, wenn ich vorhin im Fälschen gesehen habe? Einer vom Final Table letztes Jahr? Ah, okay. Oh Gott. Andy Black. Andy Black ist aber einer mit dem schönsten Main-Event, was man sich anschauen kann, auf YouTube glaube ich auch immer noch. 2004 war Andy Black am Final Table. Das hat Joe Hashem gewonnen. Und Joe Hashem war absoluter Small Stack und hat das Ding dann noch gewonnen. Solltet ihr euch anschauen. Das ist direkt das Jahr nach Moneymaker. Oder, nee, 2005 ist es. 2004 ist Fossilman und 2005 ist Hashem. Guckt euch das 2005 Main Event an. Wenn ihr Pokerfan seid und Andy Black war absoluter Chip-Leader oder unter den absoluten Chip-Monstern irgendwie und hat es dann noch geschafft, es nicht zu gewinnen. Und die ganze Geschichte hinter Andy Black und so könnt ihr euch auch nochmal dann dazu durchlesen. Das ist spannend und interessant. Genau, Aussie, so sah es aus. Ist so, als ob meine Mutter einen Schauspieler nicht kennt. Also ist auch Junge. Moin Moin, wann kommt der Turnierplan für Grand Life 7? Das ist eine gute Frage. Gute Frage, ja. Das ist eine gute Frage. Finde ich. Muss wir direkt refreshen, ne? Wir spielen Hand. Big one. No? Ich dachte gerade, er hat auch einen Grand Life Pulli an. Nee.
Ach so, alles klar, verstehe. Ja, Felix hat einmal gerade komplett alle aufgezählt, die überhaupt noch da sind. Aber das ist ja, würde mich jetzt auch interessieren. Wann haben wir ein Datum, wann das Schedule rauskommt? Nee, ich glaube nicht. Aber ich kann jedem nur empfehlen, kommt einfach am Mittwoch vorbei. Es wird auf jeden Fall immer genug zu spielen sein. Es gibt Cash Game ohne Ende. Ja. Also die beiden sind nicht bei irgendwie 500 bis 1000 Dollar. Nein. 5000 Euro. Nein. Also das ist genau. Es wird genauso sein wie die letzten Jahre auch. Wir werden eben halt nun Turbos haben, die immer im so Bereich so 50 bis 100 Euro liegen werden. Wir werden Main Event haben. Wir werden Side Events haben. Ne? Bonza is 70 years old and he knows what the guy is doing. So, Open Race, 3-Bet von Felix, 4-Bet, 4-Bet Call. So, der Initial Open Racer hat eine Entscheidung. Trinkt erstmal seinen Kaffee. I wanted to keep my poker face. I can't. My fault. I'll let you two guys have fun. Felix holt. Oh, das war gut. Amerikaner Conti bettet und der andere Herr geht all in. Das Dame als Bube. My hand, Ace Jack. Ja. How can I call with Ace Jack? Okay. Wieso geht der all in mit das Dame? Keine Ahnung. Backdoor, Flushdoor. Hittet aber nicht. Und GG. GG. Hey, Ankit. Thank you. Er hat nicht. Ja. Ja, wir haben gedacht, es ändert sich etwas zu gestern. Ich finde das spannend. I had 9-10 suited. Ich frage mich gerade, ich wollte gerade sagen, Chat, habt ihr das gesehen von dem Herrn? Den fand ich am besten. Der hat gerade original echt, kriegt eine Face eine 4-Bet, nimmt seinen Kaffee, nimmt einen Schluck, guckt in seine Karten rein, dachte, wow, nimmt noch einen Schluck und fodet. But you could see the thought process going through your mind. Also das war... Race von Felix. Race mit Ass, Junge, Off war das, ne? Nein, das war der ältere Herr mit dem Hörgerät, dem Felix hat geopen-raced. Felix hat gedreibettet. Der Herr mit Ass Dame hat gevierbettet. Ass, Junge, Offsuit. Nee, mit Ass Dame. Nee, mit Ass, ja doch, mit Ace Jack. Sorry, mit Ace Jack. Ass Dame gecallt. Hat gecallt. Mhm. Und der Herr und Felix haben gefoldet. Sportlich. Ja, Chats. Da wir ja 2 Chats haben, da würde ich jetzt erstmal gerne eure Meinung zuhören. Was sagt ihr dazu? Hättet ihr das genauso gemacht? Bevor ich da jetzt mal, oder also ich, ne? Ja, Felix hat gesagt, er hatte 9-10 suited. Das ist ja, ne? Könnt ihr mal das All-In erklären? Gedribbelt, das frage ich ja gerade, ob ihr das erklären könnt. Oder überhaupt die Bet-Sizes und dann, also vorher, Preflop. War den Full House? Oder 4? Okay. Keine Ahnung. Also vielleicht hat der Herr gedacht, der hat 2 Overcards, wenn der andere King Jack hat oder was. Es ist schwierig, das zu erklären. Also selbst der Snap-Call mit Ass-Bube finde ich fraglich. Rein theoretisch können da Damen-Könige Asse sitzen, wenn es da so abgeht. Also rein theoretisch. Ja, aber fand ich alles spannend. Sagen wir mal so, nicht fraglich, spannend.
Sagen wir es mal so. Gedribbelt, ja. Er hatte Backdoor Flush Door. Das war alles. Also er hätte eben halt noch Werner einer Flush machen können. Das wäre es gewesen. Die übrigens im Hintergrund gerade gesehen, wie da jemand wie ein Tauber telefoniert. Ne? Das finde ich halt auch spannend, dass das heutzutage locker möglich ist. Ne? Mit Video. Denn der Gehörlose, den habe ich getroffen am ersten Tag, weil er hinten in die Media-Dings reingelaufen ist und ich habe ihn dann angequatscht. Ich so, bist du Media, hast du ein Badge? Und dann haben wir gesagt, ich kann, also mir gezeigt, er ist taub. Und for the past 2 years we've been covering all the live events instead. But I like it. I love it a lot. Und da habe ich mir gewünscht, ich könnte Sign Language, ohne Scheiß. Ich hätte mir gewünscht, ich könnte Sign Language, aber wir haben das dann auch so irgendwie hingekriegt und konnten ihm seine Fragen beantworten. Oh, da haben wir Herrn Doherty im Hintergrund übrigens. Den amtierenden Champion im Hintergrund. Da ist er vom letzten Jahr. And now we're a team of 4 people. On Twitch I have 70,000. 70,000. On YouTube 30. Schedule in Namur. Gibt's noch nicht. Yeah. Ist noch nicht online. No, it's Twitch and YouTube. Geht einfach mal auf die Seite vom Casino Namur. Da steht bestimmt schon was. Voluntarily support you, or you get advertisement, payment through advertisement and sponsors. Yes. Ihr könnt euch aber auf euch bekannten Wegen im Internet auch für Dinge qualifizieren in Belgien. Ab 1,10 €. Just saying. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, wovon ich rede gerade. Schedule? Nö, stimmt. Noch kein Schedule da. English would be better. What do you want to know? I love this guy, by the way. So. Welcome, Mo. Deuce 4 9 ace on the turn. Bet 3,000. I know this guy. I absolutely know where I know him from, but I know him. Foot. Thank you. Bluff? No bluff? I get to pick one? In the pack. Quickly. Before you click. In the pack. Moin Knüppel. Schönen guten Tag. It's the 4-1. 4-1. 4-1? You made 4 moves on me. I made my first move on you. I always have a good hand. Tja, Not Rewe. good enough, apparently. Du findest das schon raus. Still Ich bin da sehr zuversichtlich, ne? Belgien ist ja ein Event, das wird von Pokerstars, also ne, kannst ja in der Pokerstars Live-App kannst du dir ne, dann und so, weißt du Bescheid. Gedribbelt. Ich spiele heute mein erstes Live-Turnier. Ansonsten viel online, 50 € Buy-in, 50.000 Chips, 20 Minuten Blinds, durchgängig vielleicht ein paar Tipps von den Profis heute Abend. Du spielst das Mystery Bounty? Nee, nicht hier. 50 € Buy-in ist hier, Mystery Bounty sind 550. Also ich dachte ansonsten viel online, 50 € Buy-in. Ja, das ist das Wichtigste. Nein, Deuce. Guck dir alles an. Hab Spaß. Genau. Das ist das Allerwichtigste. Und solltest du merken, dass du zitterst oder nervös bist oder wie auch immer, dann würde ich genau das in mein Spiel einbauen. Ne? Weil viele immer sagen, oh scheiße, jetzt sieht man, dass ich nervös bin und so. Würde ich den Leuten direkt sagen, von wegen so, ne? Ja, scheiße, ne? Ist mein erstes Turnier, ich bin halt nervös. Aber bin ich jetzt nervös, weil ich nichts habe oder weil ich was habe? Ne? Und dann darfst du nervös sein, weil dann wissen die das ja auch nicht. Moin Rewe erstmal, schönen guten Tag. Ja, wo kannst du dich für Namur qualifizieren? Schau einfach mal auf der Internetseite. Okay. Schau mal nach, Google mal, haust mal bei Google rein. Der Pokerstars Live-App kannst du ja mal gucken, wo Namur ist zum Beispiel. Genau. Thank you, I wish I was there playing. Yeah, then come playing.
what is the next event we will cover? We will go to Liechtenstein. I have no idea what it is in English or American English. Liechtenstein, to the Wolf Million. Casino Liechtenstein. Then we will go to Monte Carlo. And then to Namur. And then Grind Live 7. Obrigado. Weißt du, was diese Woche noch bestätigt worden ist von Pokerstars? Neue Stops für die UK IPT. Nice. Wir sind im Sommer in London, Olli. In London. In London. War das Anfang August, ne? Ich glaube. Sind die denn schon im Schedule? Ja. Vom 3. bis 11. August, 3rd until August 11th. We are in London. London is calling. Ladies and ladies. At 2 p.m. today, we have the ladies event, €250 buy-in. If you want to register for this, the registration get entered. Should be a big one. Wunderfit, schönen guten Tag erstmal. Soweit ich weiß nicht, nein. Also, ja. Ja, Timbo, komm gerne vorbei. Rewe, nochmal. Wenn du auf der Pokerstars Live-App schaust, wo Namur ist, auf der Pokerstars Live-App findet man noch nicht das Schedule. Auf der Pokerstars Live-App ist das Schedule leider erst etwas später. Dann, mehr Tipp gebe ich dir nicht. Wenn du jetzt nicht drauf kommst, dann würde ich mir überlegen. Ne? So, Ruhe. Ich weiß. Es gibt eine 3-Bet, Felix callt am Button. Dreimal Pick. Dreimal Spaten. Dreimal Pick. Check. Mit was für einer Art checkt Felix denn hier? König auf Danke für den Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Vielen Dank, thank you so much. 3500. Call. Dürfte ein Call sein, ja. Tja, das ist jetzt entweder sehr gut oder sehr schlecht für uns. Sagen. Und für ihn. Und die Spaten 6. Da kommt das Aufgabecheck, glaube ich. Ich glaube, wenn Felix jetzt anspielt, könnte er den Pot gewinnen. Egal ob mit Chippe oder ohne. Ladies and gentlemen, Farbencheck. sponsors, PokerStars have brought internet phenomenons, the fellas, here to the very special festival this week, and they are going to be inside in the crack den from 6 p.m. to 8 p.m. So if anybody wants to come along and check out their show, Das ging schnell, schönes Pöttchen. Wunderbar. Show one. till 8 p.m. inside in the crack den. Oh, As part of the promotion straight flush today. blocker. Any poker players who want to go on and check out the show, I flopped the nut flush. it is Ah. a ticketed event, and if you want Nice to one. see tickets, please go along to Nee, the nut flush. registration desk. Kiwi, good morning. Good morning, good morning, good morning. We'll be here on Erstmal vielen Dank, Jimmy's Börser, DK 2000 für die Subs. Vielen Dank. Vielen Dank. Olli, wenn er jetzt nicht drauf kommt, sollte man ihn vielleicht nehmen. Geh doch zu Netto. Das hast du gesagt. Seid ihr da beim Poker Live im WIC? Nein. Ich weiß nicht, Nein, was Poker ist. Wir sind bei UK IPT. Korrekt. Von Pokerstars. Also wirklich. Ich glaube, es brennt. Wie groß
Wo sind die Startstacks und wieso steht rechts oben im Feld 214 von 214, wenn hier am Tisch jemand rausgeflogen ist? Skandal, Florian, du hast vollkommen recht. Das Ding ist halt folgendes. Wenn wir minütlich aktualisieren würden, dann würde er oder ich die ganze Zeit hier nur sitzen und irgendwas aktualisieren. Das heißt, wir gucken immer so alle 10, 20 Minuten. Jetzt sind zum Beispiel auch die Blinds gleich hoch und so. Nee, jetzt sind schon hoch. Sind schon hoch. Das heißt, wir machen das gleich, aber wir nehmen uns immer so 10, 20 Minuten Zeit. Also, ne? Du kannst aber auf der App nachschauen, da müsste alles aktuell sein. Da hast du natürlich völlig recht. Und wenn wir im Geld sind oder auf die Bubble zugehen, dann machen wir das auch aktuell. Ne? So. Was hast du? Immer Raisen, 3 Betten, immer 4 Betten. Yoda all in. Hey folks, please remember to hit the thumbs up button. Thank you. Kiwi, you're the best. Easy game. Hallo Olli, hallo Heiko, hallo Chat. Hab viel. Backe, wo bist du eigentlich? I miss you. 42. So, jetzt werde ich mich an die Aktualisation machen, meine Damen und Herren. Ne? Wo haben wir das denn? Hier war es, ne? Zack. Genau. So. Live on stream. Siehst du, ich war zu langsam. Twitch und YouTube. Machst du nee, ich war auch zu langsam. Wir waren zu langsam. Danke. Dankeschön. Well, if you want to pay. Vielen Dank. Gucken wir mal. War wahrscheinlich wieder Kojak. I don't think PokerStars will agree. Nebenbei, während er nebenbei noch am Kochen ist. Japanisch lernt Ja. und filmt. Ja, definitiv. Kennen wir. Der Stream ist live, die Anzeigen haben Delay. Hast du schön gesagt. Woher kenne ich denn den Kollegen neben Felix? Den haben wir entweder schon mal gecovert oder es ist ein bekannterer Spieler. Meinst du neben der Dealerin? Nee, neben Felix. Der gerade so schön seinen Kaffee gesippt hat. Und Ach so, den kenne ich nicht. Ich kenne nur den Herrn neben der Dealerin auf Position 1. Ja. Den kenne ich auch, aber... Ich muss mal ein bisschen umdenken, ob es jetzt 1 oder 9 ist. Deswegen. Now slow down, Felix. 3 of a kind on flop, go to work or big pair. Was ist das? Der Vorteil übrigens bei YouTube ist, ich gucke zu Hause meistens die Pokerübertragung auf YouTube. Deswegen habe ich sehr gefeiert, dass wir das jetzt auch tun, weil man zurückspulen kann. So, Feature table. If you're watching on Twitch and you're English speaking, try it out on YouTube because they can rewind stuff and then go back to the live action, which is awesome. Hello together, hello Noobman, hello. So anyway, I know I do it sometimes a lot. Today is the time. If you're watching on YouTube, go on Twitch. It's xflixx on Twitch. Do that. Follow is for free. Helps us a lot. And the other way around also, if you're watching on Twitch, please go to YouTube. Do this, do the thing, you know? And zurückspulen so weit, bis die Anzeige wieder live sind, Olli. Richtig. Genau. So sieht's aus. Also der Herr heißt David. Also, keine Ahnung. Ich habe gerade in der PokerStars Live-App nachgeguckt. Okay. Als David. David Leitz, woher kenne ich den? Verdammt. Ich kann es dir nicht sagen. Olli, bist du mit der A-Klasse nach Dublin geflogen? Richtig. Ja. Richtig. Geschwommen. Genau, deswegen bin ich auch morgen wieder raus hier, weil ich muss ja irgendwie, dauert ja ein bisschen, ne? Top Vorname. So, and if you have any questions in English, please feel free to ask anything you want in English. We don't have to answer, but you can ask anything. And of course in German. All the other languages are difficult. So, French. And, Olli, in 55 minutes, we are switching to English. Exactly. Yes. Oh! Tisch am Tisch. Vielen Dank für dein Wait mit 8 Leuten. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Moin. Fish am Tisch is most probably English speaking, so welcome. Oh, welcome, guys. Na? Nee, natürlich nicht. Moin. Schön, dass ihr reinguckt. Es lohnt sich, always. Genau. Wir sind hier gerade bei den Irish Open in Dublin, in der Royal Society of Dublin. Genau. Richtig. Dankeschön. Und haben wir den Link eigentlich noch für den Gast, der gleich kommt? Haben wir gleich eine Pause. Okay. Machen wir. Ansonsten Poker Rec heißt der Podcast und der Macher dieses Podcasts, der auch lange mit dem Joe am Tisch saß,
Kommt aus Amerika, der Jim, und der ist nach der Pause hier für ein Level. Kommentiert ein bisschen, beantwortet euch Fragen. Der hat schon den Joe interviewt, der hat die Maria Ho schon interviewt und so weiter. Das wird bestimmt spannend und lustig und wird natürlich auf American English geführt, damit das klar ist. Yes. Könnt natürlich in der Zwischenzeit gerne mal gucken, wo der Podcast ist. Aber nicht hören, sondern jetzt hier bleiben, ja? Hier bleiben. Und natürlich nächsten Tage noch den Podcast hören von Joe und James. Danke für den Sub. Mit Felix. Genau. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Thank you so much. Vielen Dank. Also wenn ihr jetzt schon Englisch sprecht, aber sagt, dass ihr in 5 Minuten auf Englisch wechselt, ist dann eure Stimme also vor der Zeit. Ja. Richtig. Korrekt. Ja. Das ist das Schöne, dass Heiko jetzt mit dabei ist. Der hat das drauf. Ja? Wir wechseln das Team ja immer so ein bisschen. Ne? Und jeder, das ist halt so. Ja, genau. All in. Danke, danke für deinen Sub. Die Stimme ist voraus, die Anzeige, obwohl live ist, zu spät. Denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. All these Germans speak perfect English. Nah, perfect. We try to. Heiko the Machine. Exactly. Yes. So, wir haben Open Race vom Button. David ist am Überlegen. Felix könnte uns jetzt wahrscheinlich sofort sagen, woher er David kennt. Oder woher ich David kenne. Give her a $5, take a shot, take home all the dough. Heiko Machine. Kreativ, der Kölsche. Kreativ. Zweimal Schippe. Heiko und McOlly. Gottes Willen. So die irischen Namen hier. Aber es sieht so aus, als sind wir über Star Trek, ne? Dürfte sein, ja. Ich meine, Coach kann ja mal reinzoomen und kann Knüppel mal zählen vor der Pause. Wir sind jetzt übrigens schon bei 816.075 € im Preispool. Bei 1 Million garantiert. Und es kommen noch Tag C, D und E, ne? Oder? Ja. Also da, ja. Letztes Jahr waren es auch, glaube ich, 2,4 Millionen im Preispool oder so. Ja, das war eine ganze Menge. Also für die Planung. Wir haben jetzt ungefähr noch 30 Minuten. Dann kommt eine 20-minütige Pause. Wenn ihr euch da was zu essen bestellen wollt, rein. Ich weiß, bei euch ist eine Stunde später, also 2:45 oder so. Wir haben heute aber auch eine Dinner Break irgendwann. Die kommt auch noch. Und nach der Pause, also in circa 50 Minuten, haben wir einen Gast. Und die Sava wird hier sein und mit dem Gast ein Level kommentieren und euch ein bisschen erzählen, irgendwie, was er macht, warum er macht und wieso und überhaupt und wie es war, mit Joe zu spielen zum Beispiel und so. Und wenn ihr Bock habt, da Fragen zu fragen oder wie es im Interview war oder so, ne, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Die Sava kann euch das dann natürlich auch übersetzen, wenn ihr sagt, boah, ich bin aber nicht so gut im Englisch, ist das gar nicht so schlimm. Die Antwort wird wahrscheinlich auf Englisch sein. Aber auch die wird Sava wieder besetzen. Genau. Also auch das bei 1, 2 kleinen Worten oder so. Ja, genau. Also freut euch drauf. Und wir hoffen, dass wir heute und morgen natürlich auch noch mehr Leute, Flashy zum Beispiel, hat ja schon eingetütet. Genau. Dass der irgendwie noch vorbeischaut. Das wäre natürlich toll. Theo, wenn er kommt. Ne? Also wir haben genug Leute, genug Gäste. Und das ist ja das Schöne, wenn wir hier vor Ort sind, dass wir so viele Leute mal hierher hören können und die dann mal sich den Mist anschauen können, den Felix verzapft. So, for the speaking people, in about 50 minutes we will have our guest, and in 30 minutes there is a break of 20 minutes. So if you want to order some food or prepare some food, do that, but you should know that there will be a dinner break, I think after level 6 or 7, 60 minutes dinner break. Spielt Dylan das Main? Ja. Dylan spielt das Main. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Wir können ja gleich mal gucken. Genau. Ich glaube, er sitzt auch da vorne beim Rainbow Bluffer.
unterm Genau, Tisch? genau, beim Rainbow. Der Rainbow Bluffer kann ja mal schreiben, ob er den Dylan schon raus. Ja, genau. Oder mal sagen, Dylan hat übrigens so und so viel Chips oder so. Das finde ich lustig. Moin Roland, danke Knüppel, 33,7k haben wir aktuell. Dankeschön. Über Average. Vielleicht geht Codelag auch mal rüber. Da haben wir den Main Event Champion vom letzten Jahr. Mr. Doherty, da haben wir einen Pokerstars Legende dran. Und da haben wir... Hinten im Hintergrund sehen wir Dylan. Da, Dylan mit dem Kopfhörer. Da, genau. Er ist bei mir nur das Bier, oder was meintet ihr? So, das sieht ganz gut aus, ne? Sieht gut aus. Oh mein Gott, da haben wir den Kollegen aus Namur, da haben wir den Rainbow Bluffer, der gerade winkt. Genau, und hallo. da haben wir Dylan am Tisch. Also, wenn es so weitergeht, dann kennen wir irgendwann wirklich irgendwie alle. Ja. Wieso hat die Dealerin einen Chipstack? Naja, falls jemand einsteigt, kann sie ihm direkt die Chips geben. Ne? Genau. Guter, perfect name. I mean, where's Berkey? Berkey is probably at the breakfast in his bed. I don't know. Maybe they celebrated a bit last night. Maybe he celebrated a little bit. Lot, yeah. Drank some beer, and yeah, maybe he's coming a little late today, playing the mystery bounty later, and yeah. Tonka P won the high roller. Yes. That's why maybe they celebrated a bit. If you just don't know that. Oh, da haben wir Ankit. Und da haben wir Ankit. Hat auch gute Laune. Ja. Direkt schon gecasht. Und da haben wir den lieben Tower. 9-1 Tower links im Bild, neben dem Dealer. 9-1 Tower. Sieht nicht so aus neben Theo übrigens. Aber Nein. Ich glaube, das ist auch. Er heißt, glaube ich, auch Tower, weil er eben halt diese Körpergröße hat. Das war ein toller Kerl. Ich mag ihn sehr. Tonka P won it. Also das erste Mal, dass er anleibt. Rostig, genau. Rostig, da hast du recht. So, da haben wir den Herrn wieder mit der Maske, den wir auch in Roswell schon hatten. Gibt es übrigens ein wundervolles Foto auf Twitter oder X beim deutschen Poker Stars Channel. Ein super Foto. Kann ich euch mal zeigen. Irgendwie. Warte. Am anderen Tisch hatten wir gerade noch Dara Okini. Alle feiern. Pokerbuchautor. McFly. Bis später. So, und im Hintergrund sehen wir auch die Bühne. Da haben wir noch Ian Simpson, glaube ich, heißt er. Pokerstreamer mit der Maske. Mr. Zocre, ja. Felix noch drin, wir sind über Average. Wir haben knapp 33k. Bis Level 11, also noch ganz lange. Bis Ende auf Level 11. Und heute spielen wir insgesamt 14 Level. Das heißt, sollten wir eintüten, spielen wir bis heute Nacht um 12:30 irischer Zeit. Danke für den Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Moin Mariposa, moin Knüppel. Vielen Dank für deine 83 Monate. Vielen lieben Dank. Erst 83 Monate, ein bisschen enttäuscht, ne? Also. Fühlt sich an wie gestern, ne? Ja. Are the Irish playing New Zealand in rugby anytime this year? You're asking a German being in Ireland if the Irish are playing rugby. I don't even know if they're German rugby teams. Yeah, we have a national team, but I think they're not good. We're not good at rugby. Cricket and rugby. We only can play football. Exactly. No, thank you in Russian, but is it the same in Ukrainian? Yeah. Yeah, they understand. So,
Bei der Action Felix folded. Der Herr aus Kanada open raised. Sogar noch nachgucken, der Herr kommt aus Kanada, nicht aus den USA. Ja, das ist sehr ruhig geworden, dieser Tisch. Ne? Ja. Ist ja auch noch früh. Muss mal ein bisschen warm werden. Ne? Gleich ein paar Bier bestellen. Ne? Bin ich? Was soll ich machen? Liegestütze. Liegestütze? Dann werde ich rot. Ist auch nicht gut. So ist das mit den roten. Was? Liegt ja wahrscheinlich daran, dass ich hungrig bin. Danke für den Sub. Doch, eigentlich schon, aber ich hab schon Auch Hunger. du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Dankeschön. Vielen Dank. André, für deinen Prime-Sub. Vielen Dank, ich habe auch Hunger. Pause, dann werde ich mir ein Sandwich bei dem Rahmen in die Ecke holen. Ich habe auch Hunger. Was tun sprach soll's. Check. 800. Die Struktur ist schon ein Knaller, ne? Also. I will check later. Sorry, not a soccer fan. I get it. Also die Struktur ist ja nochmal abgefahrener, als die normalerweise ist, ne? 100, 100, 100, 200, 100, 200, 200. Erst dann. 200, 400, 200, 500, 300, 600, 400, 800, 500.000. Gut, aber sie wiederholen keine Level. Nein, nein. Beim Bier bestellen wärst du dabei? So, Ich habe noch kein Bier getrunken hier. der Herr aus Kanada Rally bettet seine Aces, 3000, David called. Now comes the slow roll. Und folded. No. Wie viele Tische stehen hier im Raum, weißt du das? Nee. Oh, moin! Good to Tag. see you! Samuel im Haus. 105. Kohlticker schnell gezählt. 105 Tische. Wo steht denn Late Rack Level 11? Da unten. Single, Re-Entry, Registration. Unter der Tournament Clock. Ja, ja, okay, weil sonst nirgendwo, ich finde sonst nirgendwo. Let's start auf Level 11. Start auf Level 11, also inklusive Level 10. Mhm, genau. Und Pause, das heißt nach der Dinner Break noch ein Level, 45 Minuten. Dinner Break ist um 19:25 Uhr, circa. Mhm. Okay, das ist echt noch ewig. Thanks so much. We're doing food. 105 hier, 40 beim Cashcan drüben. Das wird lustig am Wochenende, sag ich euch. Ohne Scheiß. Wer spricht die Grind-Sub-Nachricht? Maybe he was confused by the Wie heißt er? Florian? Nee.
Confusion from the aces. Irgendein ein Sprecher, den Felix kennt und der gesagt, eben das aus Spaß mal eingesprochen hat. Ja. Danke für den Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du ihn kennst oder nicht, musst du halt einfach ganz viele Subs verschenken. Damit du... Ja? Irgendwann wirst du es wissen. Vielleicht kommst du ja dann auf den Namen. Vielen Dank für deinen Sub. Vielen Dank. Ja. Sanfte Grüße, mein Freund. Ja, ja. Woher kenne ich den Mann, ey? Mist. Ich kann es dir nicht sagen. Genau. Cantina Band, play it again. I don't think I get another. I think 31 full. You know what I mean? The Lucky German, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Werbung in eigener Sache, ne? Übrigens. Erstens, Ausrufezeichen Olli, ne? Ich streame ja auch. Wenn wir ab 3.4. gibt es 2, 3, 4 Streams zu Hause. Und ich gucke immer noch, wenn wir irgendwo vor Ort sind, ob man da irgendwie so einen Warm-Up-Stream machen kann oder so, aber das ist einfach hier nicht möglich. Zweitens, wir haben Sponsoren. Ne? Wo haben wir die? Irgendwo hier haben wir die. Hier? Da sind unsere Sponsoren. Guck mal. Hi. Wir arbeiten mit Raise Your Edge. Raise Your Edge zusammen. Und Power Poker. Und Much Better. Ne? Raise Your Edge. Und dann nochmal die Info, Much Better ist zurück auf dem deutschen und österreichischen Markt. Wenn ihr noch ein Konto habt, schaut da mal gerne vorbei. Bestellt euch eure virtuelle Kreditkarte, gebt das Geld aus. Genau, wenn ihr Karten und Chips braucht, macht das bei Power Poker. Genau. Und zu Raise Your Edge müssen wir, glaube ich, nicht, oder? Müssen wir Ben und so, müssen wir. Ist es Raise Your Edge, Leute? Ja, also. Genau, also. So. Warum haben wir Partner? Weil das ja irgendwie finanziert werden muss. McKissy, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Und all das, was ihr hier raushaut, Prime Subs etc., wandert in einen Pot, der das alles möglich macht. Und natürlich werden wir von PokerStars unterstützt und von den Partnern und von euch. Und nur deswegen können wir das machen. Und das bleibt auch nur so, wenn ihr allen Leuten davon erzählt, die Links teilt, damit Leute zuschauen. So we can grow. So share the links. Tell your friends that we're here. Korrekt. Ja, Much Better, du kannst dir deine Danke Sachen für den einzahlen, Sub. auszahlen, wie du willst. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Ich habe das nicht so ganz verstanden, McKissy. Kannst du das? Lieber McKissy, vielen Dank für die 5 geschenkten Subs. Dankeschön. Liebe geht raus. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Haben wir David Doherty. The reigning champion. Main Event Champion 2023. Der McFly hat immer vorgelesen, welche Leute übrigens die Subs geschenkt bekommen haben. Willkommen in der GRND Community an Tim G95, Grind1L, hier aus L oder I, Walkoll und der Elite Gambler. Moin. Herzlich willkommen. Ich wollte gerade sagen, falls wir das vergessen, nicht sauer sein. Voilà. Der McFly macht das eigentlich immer. So, wir sehen einen Flop von 7, 10 Jack, Mono, Diamond. Also falls ihr euch mal fragt, wenn ein Board die gleiche Farbe hat, also nicht rot oder schwarz, sondern eben halt Kreuz, Spaten, Diamond oder Herz, ist es ein Monoboard. Ein Monoboard. David c-bettet und gewinnt den Pot. Das sieht immer so einfach aus. Ja, ne? Ladies, show me your seats at this time. You're in seat number 8. The blinds are going to be 100, 200, 200. Ladies and gentlemen, please shuffle up and deal.
So, wir haben noch 15 Minuten verbleibend im aktuellen Level, danach eine 20-minütige Pause. Thank you very much. Thank you. Thank you. Aktuell haben wir 432 Spieler registriert, 406 sind noch im Turnier. Thank you. Welcome. Hello. How you doing? Good. Where are you from? Louisiana, America. Oh, wow. Louisiana, America. Oui. This is even the dealers are so international. It's crazy. Everybody coming to the Irish Open, it seems, from all around the world. Love to see it. Do you live there, or you're? Yeah, I live there. Yeah, I just travel. Seven. Raised to 7. Spaß. Simi geht heute direkt wieder pokern. Es sind ja die Bounty Hunter Days, ne? In unserer kleinen Pause. Ich habe schon überlegt, aber dann habe ich gar keine Freizeit. Ich hätte auch Bock, nach Arsch zu fahren. Muss ich ja mal sagen. Grüße gehen raus an Stefan und so. Mist. So it's Dublin. But my dad was German. The German corner. GRND Heathens has a great song. Satellite viewers new level 3, 6, and 6. Sind die Alterssuchtbolzen. Irgendwann sind die irgendwann. Klappt das mal. One of my favorite songs of all time. Amazing. I have been on Lake Pontchartrain. Ah, das gehört. Knöppel wird dich kommentieren. Ja, also wäre das Programm nicht so voll, würde ich es machen, aber ansonsten muss ich die Woche zu Hause chillen, mit Mama streamen ein bisschen. Olli? Klamotten waschen, spielen Hand. Ruhe. Spielen Hand. Spielen Hand. Felix Open Race. David caught im Big Blind. Ich bin UTG gegen Big Blind. Two. 2.2. 2200. Ich bin mir sicher, ich glaube 3. Ja, Codeleg. Entschuldigung, das ist ein 3-Bet-Pot. Die hat 2 auf dem Turn. Ja, Codeleg. Ja, Codeleg. An der Lea, war eine Donkbet. David bettet weiter, 8000. Hat 8 angesagt, wirft mehr rein. Felix hat unter seine Karten geguckt, das heißt, er wird folden. Jo. That was too much. So he couldn't have pocket sixes, at least. Das macht er aber übrigens nicht immer, ne? Also das ist noch gar nicht so lange her, da sagte ich auch, oh, er guckt unter seine Karten, das heißt, er wird folden, call. I don't know. I can't have a read on you. It's too tough. It's on you. No, he's big blind. He's big blind. Oh, sorry. Oh, I'm sorry. I was like. So there's a dealer button, and there's a small blind and a big blind, and you'd be considered under. He's more used to paying online. Thank you. Thank you. No, good that you cleared it up for me. It's good. So please listen upstream. There's
You won Oh, I know twice what I now. want. You would not understand. I know I'm not at the level. Take me about 20 minutes. Ich nur wüsste, woher ich den Mann kenne. So, nächste Hand. Diesmal sind wir mit Blind. Hoffe ich doch. Felix immer noch müde. Im Open Race. Auf 400. Call vom Button. Call vom Small Blind. Und da war es weg. Und das Bild, Felix callt auch. 4-Way Pot auf 995. 2 Kreuz. So, wir haben auch das C-Bet gesehen. Ja. C-Bet von 1200. Was ist los? Aber vielleicht wird der Saal gerade ein bisschen voll. Wir schauen gerade mal. Button called. So, Felix hat gefotet. Wir gucken gerade mal. Wir streamen nämlich aktuell mit dem 5G-Router. Es kann sein, dass da gerade eben halt ein paar viele Leute gekommen sind, dass deswegen das Netz ein bisschen abgerissen ist, aber es kommt gleich wieder. Olympia's a better deal than you. Ja, da geht nicht viel im Moment. Okay, jetzt glaube ich wieder gut aus. Nee. Ja, Internetprobleme. Ja, das stimmt. Ja. Das sind Dinge, mit denen wir leider nichts, da können wir leider nichts gegen tun. Kojak arbeitet gerade dran. Wird gleich wieder was. Okay. So. Ich glaube. Jetzt sieht es wieder stabil aus, ne? Tisch mal wieder ein bisschen lauter. So. Wir spielen auf jeden Fall eine Hand. Small Blind. Auf 663. Gibt wahrscheinlich genau 663. Gibt eine Conti-Bet von Initial Open Racer, würde ich besetzen. Felix votet auch. The ultimate. I mean, poker. You get the respect.
So, wir haben noch 4 Minuten am aktuellen Level, danach 20 Minuten Pause. Ah, stop. He's not. Declan, he just said you're the best dealer here. Mose, ja, da muss man eben immer ein bisschen genauer hingucken. Das Problem hatte Felix ja gestern auch. Nee, nicht gestern, vorgestern. Oh Gott. Vorgestern ja auch gehabt, als er dann Ace Queen reingeschoben hatte gegen den Open Jam, das ISO Race, das ich gar nicht gesehen hatte, weil es eben halt auf Seed 9 und 1 war und er vom Dealer die Sicht geblockt war. Deswegen am besten immer fragen. Wir spielen wieder Hand. He never gives you a good hand. And when he does, they usually lose. Felix am Button, checkt auf Queen 4-8, 2 auf dem Turn. Like if he gives me aces, he finds a way to beat me. Two-toned. Yeah, if Declan gives me aces, he finds a way to help another player win. Geht nochmal check, check, check. Der Jack auf dem Turn. Kein Flush kommt an. Nochmal check. Yeah. Have you been playing much? He actually wanted to practice for golf, and then the wife wouldn't let him go. Nochmal check, check. Felix ist dran. Hätte 1100. Tja, Werbung. Alle Pfoten. Felix gewinnt den Pot. When's Barcelona? Yeah. And then Killarney's when? September, yeah. You're going to be after 3. And then the IPO end of November or October. So, Knubbel, wenn du noch da bist, gerne vor der Pause nochmal zählen. Dirty Dancen. Herzlich willkommen. 2 Minuten noch bis zur Pause. 20 Minuten Pause. Dann haben wir den ersten Gast für heute für ein Level. Machst du hier? Jude. Jude-Tag. Julio, get ready, bud. 1 minute, 48 seconds, bud. Wait, what? 1 minute. Vorpauseninszenierung kommt gleich. You says 1 minute, Stimmung. 48 seconds. Vorpauseninszenierung. Ich glaube, Felix holt sich gleich mal einen Kaffee. Tja, wenn die Hand jetzt natürlich ewig lang dauert, dann gibt es sie nicht mehr. Ah doch, 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 doch. Da ist schon soweit. Also, Ladies and Gentlemen, möchtest du sie ansagen? Unsere Vorpauseninszenierung. Da, 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 da. Ja. Wäre schön, wenn sie da wäre, aber ist sie nicht. Felix. Felix. Ja. Ja, also stellt euch vor, wie ein Vorhang auf und zu geht. Und da steht Vorpauseninszenierung. Hallo Syntax, schönen guten Tag. Syntax, ich kann dir, auf jeden Fall spielen wir erstmal eine Hand. Bro, go get in line. Moin Schottels, schönen guten Tag. I don't want to wait in line to get a sandwich, bro. Just get there first. I'm out. Main event dealers and players complete the hand that you're on. You are now. Keine Vorpauseninszenierung. Geht nicht. Bei der nächsten Pause. Aber wir spielen noch Hand. Players, this is a 20-minute tournament break.
Wir haben 3 Spaten auf dem Turn. Felix checkt behind. Wir haben die 2 auf Diamonds. At the Irish Open, a 5-row gets you a ticket. Takes 1 ticket to win. You can buy as many tickets as you Wollt! 20 Minuten Pause, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Nicht wegrennen. Bis gleich. information desk in front of the cash game. So, wir haben ein Race auf 2000. All in and call. All in and call. Wir haben Ace, Jack gegen Kings. All in. 5, 7, 10. That's a good sweat. I'll take the sweat. Noch eine 10. Wir brauchen Clubs oder ein Ace. No. GG. I ran good. Yeah, what can I do? Nice playing with you guys. I hope I'll be back. So, wir Oh, this one also? You want everything? You want the card as well? No. By the way, this is the feature table now. We're live on. I'll give you one too. Oops. Thank you. You got one over there. You got one right to your next. So there's. Oh no, just pass it on. Take this one. Yeah, perfect. So will we be able to see your whole card? No. I mean, yeah, we're signaling. Okay, guys, please. Oh, wait, that's it. Okay. Well, it was nice. It was nice playing with you guys. Never liked you anyway. Sehr gut. Gebt die Karten zurück. Wir haben eine begrenzte Anzahl von diesen Karten. Auch schön. Schön gebracht. Ja, dieser Tisch wird jetzt gestreamt auf Twitch. Ach, okay, Tisch wird gebrochen. Wiedersehen. Direkt gebreakt, der Tisch. What's happening? I'm all in. Felix ist auch all in. That's an under rails, is it? So this is All ins in den Chat. all in. 12. This is 18, so minimum rate is possible to do it. Yeah. And he did it all in right now. Okay. Around 40. Yeah, but he has more. Turn over? Not yet. decision on Still in the game. Oh, I didn't know. This is a race. Oh, I didn't see the chips. I thought he was all in. Oh, okay. Oh, shit. Okay, I screwed up. I completely screwed up. I didn't even see. 40. It's around 40. No. You shouldn't say anything. Give me all. Yeah, sure. It's around 40. 20, 40, I was like looking over here and saw like no 40, chips at all. 41 to The 100. one seat is trouble. I just So, announced und das ist dann die No, wunderbare that's what I thought. Vorpause. Yeah, it's not your fault. It's not your fault. No, it's totally my fault. It's always my fault, of course. No? 41 2. Yo, see there. Good luck. Call. Call, yeah. Call. Show Now we can. every trick. Pocket tens, yeah. King Jack. King Jack. So. Wow. Oh, okay. All overs. So, King Jack gegen Ace, Queen gegen Tens. Wir brauchen Ace auf Queen. There's the overcard. You don't There's mind, the you king. don't mind him winning. Ah, You don't Another mind him king. winning. so that. Ace or Queen? No good. You lose the two of them. Here's your cover. Und das Ich habe war's. die Chips nicht gesehen. Ich dachte echt, du bist all in irgendwie. Krass. Weil hier ein Seat ist echt krass. Ah, gut, aber He made a mistake. alles gut. Felix. Na, er hat, Kotek das recht, er hat das Race nicht mehr gesehen. Aus dem Small Blind. Deswegen ist Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen hier. Finally. Gut Ding will Weile haben. Wir sind hier bei den Irish Open, bei der Royal Association, und es wird noch eine Aufgabe für uns sein, rauszufinden, was genau die Royal Dublin Association ist. Mein Name Felix xflixx Schneiders und bei mir ist natürlich wie immer Olli. Hallo, Olli. Tonka. Was ist los? Was ist los? How's it going? Gut. Und dir? Ah, sehr gut, ja. That's all the German you know? Schön, ja. Ja. James Hartigan in the mix, right there. How does it feel to be in the mix?
It feels good to be in the mix. It feels very good to be in the mix. So, how's it going for you? Oh, looking nice. I think I'm around average at the moment. Yeah. Oh, sweet. Yeah. About to make it to the first break, which is, I understand, an achievement. And it's the first bullet. Still on the first bullet, yes. That's good. Keep it that way. Thank you. Okay, good luck. Long time no see. Yeah, huh? it's been a while. Bahamas. It's the first time we met, actually. I think so. It's Vanessa Cade, everybody. Hi. Hello. So Take this. Okay. I mean, if you want to talk to us. then All yes. right. So how's it going? Yeah, great. First Irish Open? Yes. Yeah. Same for me. Yeah, super Yeah, excited. we got it. Oh, no, wait. That's nice. Try again. Okay. We can't do a fail high That's five. better. There we go. That's better. No, it's the second time in my life I play Six Max live as a tournament. Ah, ihr seid super. Vielen Dank, Yeah, Leute. I used to. So, herzlich willkommen. Oh. Hallo YouTube, hallo Twitch. Herzlich willkommen zu den It's like 15. Irish Open. Yeah, cool. Wir starten das ganze Turnier in einem Six-Max-Turnier. Felix hat gerade gesagt, so häufig hatte das noch gar nicht gespielt. Ich finde es super, dass die solche Sachen hier mit reinnehmen. Das ist mal was ganz anderes. I had to do some numbers, you know, I play online. Ah, okay, alles klar. Knüppel, moin moin. All in Call, König Junge gegen König Dame. Junge ist da. 15, 16? You know we're not going to be the big table anymore, right? Yeah, you have to keep me at the table, you know. Also wir haben, glaube ich, noch 10 Big Blinds. Siehst du? Button geht rein. Wir möchten einen Call. Ja, du legst 1,5K nach, die du jetzt nicht hast, wenn du All-In gehst und dich verdoppelst zum Beispiel. Ne? Aber ich finde es einfach nur, ist eine coole Diskussion. Okay. Dame 10 Offsuit gegen Ass 4. Da ist die Dame. Okay, I like the sweat. Da ist die Dame. Da ist die Dame. That's okay. I'll take that. Easy. All-In mit 10.000, 11.000 und... Thank you. I'll have to call. Und wir haben einen Call und wir haben Ass 8 gegen... Ass 8 gegen Ass Bube. 8 ist da, pass auf. 8 ist da. Ass 8. 8 ist Bube. Nicht da. So, 18-3. So, wir sind im Small Blind. Blinds 1000, 2000, 2000. Was hat er da im Mund? Ich glaube, das ist ein Ohrhörer. Könnte das sein? Vielleicht steht er darauf. Die Vibration an der Lippe. Ich hatte vorhin eine lustige Geschichte. Jemand ging in einen Bereich, in den er nicht gehen durfte, und ich sagte, Entschuldigung, wo möchten Sie denn hin? Auf Englisch bitte. Oh, wir haben einen Race auf 4200 und Felix geht aus dem Small Blind sofort all-in. Das sind 10, 20, 25. Das sind 27, 28. 30.000. Noch etwas über 30.000 habe ich verstanden. Ich glaube, es ist Tag 3. Wir sind Ja, ich bin auch finally da, endlich. Mr. Peace, hier, ne? Falls ihr ihn nicht kennt, wer bist du, warum? Sebastian, Pokerspiel Verbessere, Peace and Love auf Twitch, kennen mich wahrscheinlich die meisten. Und ich habe mich entschieden, ein paar Euros in die Live-Community zu investieren, hier in Dublin. Und hoffentlich läuft's. Ja, das Schönste war, wir haben ihn heute Morgen beim Kaffee getroffen und haben uns noch über die Satellites unterhalten. Und er so, falls ich in meinem Leben irgendwann mal ein Satellite gewinne, gut. Gerade eben, was ist passiert? Wir haben ein Satellite-Ticket. Das war 9.800 weniger. Hallo, Servus, Ja, Fabi. ja, servus, Fabi. Servus. Ja, grüß dich. Du Hübscher, du. Du zu Hause gebliebener. Yeah, you gave him back 5.
Ach, You Felix set the macht 5 wieder back. den War. Now you put it in the pot. Setzt einen Marker. And then he gives you 1 back, yeah. Yeah, it's true. It's true. I think he's right. Schon wieder. Yeah, that's weird. Nein? Okay, yeah, sure. Yeah, makes sense. That makes Sorry. sense. Jetzt weg mit dem Handy da. 5-5 am Turn. Geht All in, call. Oh, Snap Snap Call. Sag ich doch, Neuner wären gut Neuner. jetzt. Ha! Read auf Sagen wir Felix. dort. Asse. Holy shit. Ace ist bei Ei, Willi. Didn't even think I needed that. Ei. So. Nice. Feeling is though Schön. if you rightly fold under the gun, It's the 5 good for one. It's suited. the good one. Felix, He's the good one. Felix, Patrick hat gesagt, feelings though when you fold rightly fold under the the gun, 5 5 for suited. Holy And you see this flop. Felix, du darfst nicht folden. Du weißt es, dass die Vorpauseninszenierung jetzt kommt. die laufen hier alle mit leckerem Essen. So. Wie cool ist das denn? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wie geil. Ihr seid live dabei, Chat. Beide Vorpauseninszenierungen. 5600 hier, die 3-Bet von Felix gegen den Hijack. War das Wolfis Werk? Das war Dennis' Werk. Oh, das war Dennis Werk. Nice one. Auf jeden Fall. Mag ich. So, der Big Blind hat auch noch eine Idee. Ich sag's euch ja. Es wird hier spannend. Sag ich doch, Felix gewinnt Rein alle geht's. Chips. Ich sag dir schon, der Big Blind hat Kings und Felix hat Aces. I got caught. Erwischt. Er der Vorpauseninszenierung. So. Mississippi. I like how the button is so small that he fits right onto so it. small that you cannot really see. Yeah, not anymore. Irish Open. Yeah, it looks like it's all together. Yeah, it's like it was made for it's him. The base. Yeah, it was made for him. Yeah. With all this green, which is lovely green. Yes, Balls. super lovely. And card chips, 5,000 chips green. Everything. Baby Yoda green, everything Yeah. green. Ollie, show the 498. Big The rail is huge. Big rail. Oh, ask Dylan for an interview. He was like, He loves the camera. loves yeah. Is the big blind also involved? Does he has cards? Can't see. See, Felix bets 3,000. Yeah, but for 15,000 pot, I think big blind also has cards. Cut off calls. Big blind calls. Okay, 3 players. Now we have it. And 7 on the turn. Yeah, not a bother. Yeah, I'm looking forward for a double up for Felix. I think so, but I can't guarantee it. There you go. Not bad. Should be right. Felix bets 10,000. Well, if you just said perfect board for 4-2 suited, go get them. I don't know Dublin overly well. It's kind of south of the river. Are you good? Are you good? Yeah. Okay. Why? Because you're so quiet. That's unusual. Same in every city. That's probably okay. That's right. No, yeah. So Kadaf just calls. That makes me thinking he's very strong. I don't like that. Yeah. Club falls now. Obviously, 3 clubs on board. Flix is betting pretty aggressively there. I think he's definitely showing some strength. Yeah, all in now. All in. Almost a snap call. He was like, let's see how much does he have. It felt like he was going Okay, there. Yeah. call.
6-5. No hands. Unlucky Felix. That's GG Felix. I think. Yeah, he picked up a straight draw on the turn, semi-bluffed, and then decided a little bit on the river. Verabschiedung von dir. Saying bye to you. I'm sorry. You Tschüssi need to go. Tschüssi mit Lucy. Ciao mit Au. Ich liebe diese Chats. Endlich normale Leute. No, thank you, Nick. You're welcome. For stopping by. You're welcome, and guys. Good luck in whatever. Well, the next time I see you, I'll be in better spirits, guys. If it's a bummer busting a tournament and then, you know, kind of do comps. But thank you. I love you guys very much. I hope you are all lucky on your tables. And I'll see you guys soon. Okay, thank you. Ciao. Bye. Da bin ich auch mal wieder im Booth. Ja, GG. GG. Was geht im Chat? Welcome back. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr noch da seid, eingeschaltet habt, wieder da seid, noch da seid, im Chat rumlungert hier bei unserem Irish Open Stream. Es hat mal wieder nicht sollen sein. Ich wollte eigentlich noch mal rein, aber die Late Registration war leider schon geschlossen. Ja, ich habe mich verblufft. Ich habe mir wirklich gedacht, so, ich bluff halt jetzt ein Kreuz. Ich muss Kreuz halt bluffen auf dem River. Das hilft nichts. Selbst der Dealer hat mir geglaubt, hat er gesagt. Aber der andere halt nicht. Er hat halt auch einen guten Bluffcatcher gehabt, muss man sagen. Er hat halt Ass Bube mit Bube in Kreuz. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen hier. Finally. Gut Ding will Weile haben. Wir sind hier bei den Irish Open, bei der Royal Association, und es wird noch eine Aufgabe für uns sein, rauszufinden, was genau die Royal Dublin Association ist. Mein Name Felix xflixx Schneiders und bei mir ist natürlich wie immer Olli. Hallo, Olli. Tonka. Was ist los? Was ist los? How's it going? Gut. Und dir? Ah, sehr gut, ja. That's all the German you know? Schön, ja. Ja. James Hartigan in the mix, right there. How does it feel to be in the mix? It feels good to be in the mix. It feels very good to be in the mix. So, how's it going for you? Oh, looking nice. I think I'm around average at the moment. Yeah. Oh, sweet. Yeah. About to make it to the first break, which is, I understand, an achievement. And it's the first bullet. Still on the first bullet, yeah. That's good. Keep it that way. Thank you. Okay, good luck. Long time no see. Yeah, huh? it's been a while. Bahamas. Yeah. It's the first time we met, actually. I think so. It's Vanessa Kate, everybody. Hi. Hello. So Take this. Okay. I mean, if you want to talk to us. All right. So how's it going? Yeah, great. First Irish Open? Yes. Yeah. Same for me. Yeah, super excited. We got it. Oh, no, wait. That's nice. Try again. Okay. We can't do a fail high That's five. better. There we go. That's better. No. It's the second time in my life I play Six Max live as a tournament. Ah, ihr seid super. Vielen Dank, Leute. Yeah, I used to. So, herzlich willkommen. Oh. Hallo YouTube, hallo Twitch. Herzlich willkommen zu den It's like 15. Irish Open. Ja, cool. Wir starten das ganze Turnier in einem Six-Max-Turnier. Felix hat gerade gesagt, so häufig hat er das noch gar nicht gespielt. Ich finde es super, dass die solche Sachen hier mit reinnehmen. Das ist mal was ganz anderes. I have to do some numbers, you know, I play online. Ah, okay, alles klar. Knüppel, moin moin. All in Call, König Junge gegen König Dame. Junge ist da. 15, 16? You know we're not going to be the picture table anymore, right? Yeah, you have to keep me at the table, you know. Also wir haben, glaube ich, noch 10 Big Blinds. Siehst du? Button geht rein. Wir möchten einen Call. Ja, du legst 1,5K nach, die du jetzt nicht hast, wenn du All-In gehst und dich verdoppelst zum Beispiel. Ne? Aber ich finde es einfach nur, ist eine coole Diskussion. Okay. Dame 10 Offsuit gegen Ass 4. Da ist die Dame. Okay, I like the sweat. Da ist die Dame. Da ist die Dame. Okay. I'll take that. Easy. All-in mit 10.000. But if we're unmuted, you can hear me. Now the Right. audience can hear us too. Excellent. Und wir haben einen Call und wir haben Ass 8 gegen Ass 8 gegen Ass Bube. 8 ist da, pass auf. 8 ist da. Ass 8. Still no sweat. 8 ist Bube. Nicht da. So, 18-3. So, wir sind im Small Blind. Blinds 1000, 2000, 2000. Was hat er da im Mund? Ich glaube, das ist ein Ohrhörer. Könnte das sein? Welcome
as I told you, we are doing the next level in English. So this is going to be fun. This is what we want. We want people who are loving this shit as we do. We love poker. And we have our first guest for today. Actually, I think you're the first guest from the Irish Open. Ooh. I'm not quite sure. So, who are you? Why are you? Where are you from? And how long? Ollie, thank you so much for having me here. Of course. My name's Jim Reed. I'm one of the folks over at rec.poker. We call it the Rec Poker Learning Community. And we've been running a podcast and a training site and home games and Discord and forums and all sorts of great free resources for recreational poker players around the world. And I come from Toronto, Canada, originally. And I'm just having a great freaking time here at the Irish Open. It's my first time here. I'm so excited to be here. What a great event. You guys have been doing a great job, too. Thank you so much. It's my first time also. And we should do this because we are playing a hand. Felix. This, by the way, is Felix. Yes. And of course, we are covering Felix. He's looking very serious here. Yeah, it's always just if he's in the hand, you know. It's typical style to do just this. Well, you don't want to give anything away. You want to have that same pose no matter what, whether you're feeling good or bad. You know, you want to give off nothing. Because there are some sharp players in this field. You know, people talk about this being a very friendly event, but that doesn't mean that it's friendly play at the tables. These folks are in here and they want to win. Way better than my hand. Yeah. So, also I'm going to do this in German and in English. Also Leute, ne? Falls ihr das nicht verstanden habt, das ist der GRND Podcast auf YouTube. Wir haben auch den Link irgendwo hier. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwo eingefügt ist oder ob bei Ausrufezeichen Gast das Ganze kommt. Müssen wir mal schauen. Wenn ihr Fragen stellen wollt auf Deutsch, könnt ihr das natürlich auch machen. I will translate questions, of course, and I will do it vice versa. So you can, if you don't understand the answer, I will translate the answer. Wenn ihr das nicht verstehen könnt, werde ich das Ganze natürlich übersetzen. Und wir sind mal gespannt, was so passiert. So, how did we meet? Well, you and your team were doing a fantastic job covering the Six Max. Exactly. And my friend Joe Stapleton and I happened to go pretty deep in that one together. Exactly. And so it was just, we happened to bump into each other, and I noticed that you had enjoyed the shot glass. Yes, exactly. This shot glass, I think this is like a trademark thing for me now. I never knew, but it's the best card protector ever. and so I just had to say that I was glad that you enjoyed the shot glass and that the coverage was excellent. And you said, well, you seem like a fun guy. Let's get you on. I was so touched. I'm so pleased for this. I love this. I love this. I love this. This guy's voice is amazing. Of course it is. He's doing a podcast. Come on. Finding someone who's appropriately dressed up. Really? Really? He's right. I think they're right. You know, I'll tell you, I get 20% more folds wearing the sports coat. I've spec'd it out 20% more folds. It's a phenomenon. I'll tell you. Folks, don't wear the hoodie. Bring the sports coat. Okay. People are going to think you're serious. Also habt ihr gehört, ne? Ihr müsst sowas anziehen, dann kriegt ihr mehr Folds. Ne? 20% mehr Folds. Also ihr könnt das ja mal ausprobieren. I actually threw away my last suit, 2014. Oh yes. I had to wear a suit in my past job, and I actually hated it at some point. Yeah. So I took it at the last day and threw it away, and I actually told myself, if I am going to wear a suit one more time in my life, then it has to be a marriage, a funeral, or I really have to get really drunk. I don't know. Well, you know, you could combine all three of those events, really. Yeah. Then you really only need to wear a suit one more time. You know, think about that. Yeah. Multitasking. Right. So, which place did you finish in the tournament? I was very fortunate to come in 6th place. I made the official final table, which was a big step for me, and then I promptly punted it off
because I wanted to really make sure that Joe got at least 5th place. It was very important to Joe to get at least 5th place money, and it was really my pleasure to be a part of that journey for him. Of course. But no, I feel great. Great finish for me. One of my, I think that might be my first sort of decent money final table. So, I mean, I'm just blown away by all the fun here at the Irish Open, and to start the week off like that is that's a really nice experience. Okay, we are in the hand. Here we go. Our man Felix in the big blind. He's going to be checking about 100% of his range here on a board like that. So let's see. 900. Quick call. So now the yellows are 1,000, by the way. Yesterday in another tournament it was 5,000. Deuce. Brings the backdoor flush draw. You never know. Felix is such a pro. He knows how to hold on. Especially here, you'll never know, by the way. I've seen a lot of strange and interesting things. Pretty bricky turn, a pretty bricky river. You can feel the intensity, Ollie. If you want to win it, you have to bet, I think. How much? 3.5. 3.5. They're looking quite serious, by the way. That's a big bet, too. So, oh, you got through. Yeah, it is. Well played. Oh, yeah, I think you have to stay. You're our luck. No. Oh, yes, that's right. Excellent. So it's just 14 levels. I hope you have nothing to do anymore. I can't imagine a better way to spend the day, Ollie. So here we go. Jim Reed from Rec Poker Podcast. And I of course, I watched a little bit of your podcast stuff this morning. And I saw you have Maria Ho. Was your guest? Yes, yes. Yeah, we've had Maria's fantastic. She actually agreed to come on the show because our original founder folded in a hand when she 3-bet at the WSOP a couple years ago. And so is that if I fold, you'll come on the podcast, right? So, woman of her word. She's a great one. Yeah, she is. She really is. I got to talk to her in where were we? In Paris, I think. Yes. And she's awesome. She's awesome. I'll tell you, coming into the poker industry, it can feel a little intimidating, and the celebrity are these different echelon of people. But to be honest with you, I've been continually impressed and surprised with the kindness and generosity of these top players who really do want to share their time and expertise with recreational players and help grow the game and make people enjoy the game better. And I wouldn't have expected that, but I've been blown away. It really is a phenomenal community. Yeah, I think so too. Again, a hand. Here we go. Ooh, a juicy flop. Yes. I'm going to give away a tip here. Maybe I shouldn't, but I'm going to. Every single time, so far in this series, every single time I have opened and the flop has gone monotone, I put a little bet out there and everybody folds. I've won every single monotone pot flop since I've been here, and I've never had it. Yeah, you're right. See, this is the tip. Monotone flops like that, one small bet from the pre-flop aggressor is going to take it down a lot. And you don't need to use a big bet, too, because it's just hard to connect with those kind of boards. Easy. Yep. Poker can be so easy. Sometimes. Those spots, those key spots, And by the way, I think you're right. You just said what you just said, because poker has a lot to do with love for poker. It's like with all the, I don't know the English word. Is it niche? Yes, very smart. So football or soccer or whatever, the big basketball in America, for example, or ice hockey in Canada or whatever. Yes. These are big sports, events, and everyone is playing it, everyone is watching it. But if you're into poker, it's still a niche. It's not that big. It's global, but it's not that big. Hello. Doesn't come with it. Good luck, sir. So, and you have to love this. Yes. And if you love this, and I still don't understand why there could be so much more people loving this. Oh, yeah. If they would give themselves a chance. For the women should be poker much more. I think they would win everything, because men are even nowadays so
Oh, no, like we are men, we are the poker gods. Yes. And women are so much better a lot of the times. And you know, it's interesting. Women are they're represented at a much higher rate in online games. They play in online games 40% of the population. When you get into live events, it's like 3%, 4%, 5%. And we're doing our whole industry a disservice by not making these live events more friendly for women players, because there's a lot of excellent women players out there, and it's a great way for us to grow the game and to make more people feel comfortable at the table. We're really shooting ourselves in the foot by not making more people feel comfortable at the table. So that's on all of us. That's our job to do as poker players. Yeah, exactly. Which limit does Jim play the most? Oh, well, I play a lot of low-stakes cash. When I'm playing live, I mostly stick to 1-2, 1-3, 2-5. And I don't get a chance to play a lot of live tournaments. I come from Southern Ontario, and they've recently opened a poker room in there, but there hasn't been one for a while. So I mostly have to travel. And so it's series like this, the Irish Poker Open, WSOP, of course, the WPT in December. I'll play tournaments up to about $1,500, and I just play as many as I freaking can, man. I get it. But the online poker in Canada is... No, there's no restriction, right? So in Ontario, they actually geo-fenced the province recently, so I can only play against other Ontario players. Okay. And so that is not great for MTT because the field sizes are not very large. But it's pretty good for cash games. So I play more cash games online in Ontario because, honestly, there are so many fantastic cash game players from all around the world. If they're living in a lower cost of living area, they can really make a living at 5 cent, 10 cent, 10 cent, 25 cent. But if I'm only playing against other players in Ontario, the players playing those games are not going to be professionals, and so it's easier for me to make some money there. Yeah, you're right. Yeah, because I know a lot of online players who lived in America moved to Canada. Yes. So that they're able to play, right? Yes, exactly. Yeah. And we welcome them and their American dollars. Yeah, of course. Of course you do. How did it all start with you in poker? Well, I grew up playing in like family games at Thanksgiving or Christmas around the table with my cousins and aunts and uncles, just for matchsticks and pennies. I've always just loved games, spades, hearts, euchre, backgammon. And poker was just the one that just had this just magical balance. It's such a beautifully structured game. And it's got that sex appeal, People like that kind of, it's got that edge to it, the back room, smoke-filled taverns, that mystique. Yeah. And so I've just been playing ever since I was a kid and taking it more and more seriously as we go. And I actually joined Rec Poker as one of their first premium members in 2019 because I was getting ready to go down to the WSOP and I wanted to get better. And I just got more and more involved with them ever since, and now they let me host the podcast, and I get to be involved in their leadership panel, and it's a phenomenal group there that have really helped me become a better player. And I will say, I love Rec Poker. Please come join Rec Poker, but really just wherever you go, find some other people to study poker with. It takes a community. It takes that getting better with others. You're going to get better faster than you can do it on your own. So find some friends, start talking hands, wherever it is. There's a lot of great groups out there. Yeah, I still think that the Moneymaker effect is so underrated. Yes. Because before Moneymaker won in 2003, actually the only poker we knew in Germany was 5-card. Yes, that's what I grew up with as well. It's the only, you can change one time and then that's it. Yeah. And I still can remember me and my friend, we came home from a party in 2004, and two young guys, a little bit drunk, and we put on the television, and it was on sports television. And for the first time during the night, because they didn't know where to show it, there were WSO, what? Yeah. Poker 2 cards. And it was for the first time, I don't know if you can remember, the camera was still at the table. Oh, yes. So, and it was for the first time, and they showed actually the event from Chris Moneymaker. And Eric Seidel was shown, and he said, "I don't like the cameras. Can you please put the camera away?" So there was an interview with him, and he said, "Everyone will see how I play. And now it's totally normal, and everyone is doing it. Yes, that's right. And you don't even have cameras anymore because you have chips. But
I saw it. We both saw it, and we were like this. Yes. This is awesome. Yes, yes. Yeah, such a great moment for the game, truly. And you know, it's funny, in Canada, that was the year that the National Hockey League was on strike. And so the sports networks had nothing to show. And so it was poker. Yeah. Poker came and filled the void. And so it took those two events happening together. And that's how it really, really picked up in Canada. People just got used to watching it, and it was on people's radar. And then Chris had that finish, and it's like, I could do that. You know? And you have probably one of the most recognizable poker players in the world playing for Canada. Yes. Kid yeah, poker, Daniel, so of course. Yeah, another Toronto kid like myself. Yeah. Yeah. Phenomenal. We've had him on the show as well. In fact, it's been really. Oh yeah, and you know what, Ollie? I shouldn't say this because Daniel will kill me, but I just DM'd him on Twitter, like April or May a couple years ago before the series, and said, I play the Canada card for all of these guests. I'm like, hey, I'm from Canada too. Will you come on my podcast? And he did. He wanted to come promote the blog, and he really got into his own personal life and struggling with Tourette's and a lot of what he looks forward to and how he prepares. It was a really, really great interview, and we've been lucky to have some great guests like that. But Daniel's a great guy. Really A lot of guys even don't know this, that he's struggling with Tourette. Not struggling. He's found his way to. Oh yes, but a lot of people don't know that. So, okay, now I'm jealous. I have to say it. I'm just translating a little bit in German. Okay. Also, ich habe ja gerade, Moin Bazillo, erstmal Hallo. Spraggy Bastard, I actually have no idea. Er hat gerade erzählt, also wir sind darauf gekommen, dass mit dem Chris Moneymaker-Effekt und dass lustigerweise in Kanada zu dem Zeitpunkt die Eishockey-Liga gestreikt hat. Und deswegen nichts zu zeigen war im Sportfernsehen. Und deswegen haben die auch das Ganze gezeigt und die WSOP gezeigt. Und deswegen ist es natürlich noch größer geworden. Und dann, alle kennen Kid Poker. Und dann hat er gerade erzählt, er hat natürlich auch die Kanada-Karte gespielt. Und hat dann halt gesagt so, ja, ich bin übrigens auch von Kanada. Hast du nicht mal Lust, irgendwie ein Interview zu machen? Und er hat tatsächlich gesagt, ja, also wenn ihr euch listen to his podcasts, I haven't listened to a podcast of him, but I just know it since yesterday, so there was no time. Wenn ihr Zeit habt, Leute, hört euch das Ganze an. Das ist natürlich auf Englisch, aber ich glaube, das lohnt sich wirklich. And I'm really jealous, because my dream is, since I'm doing this, to get an interview with their, I think, players, 3 or 4 where I really want to get an interview, not just about poker. Yes. Because what affects poker, their life, how they're coping with everything, if there's a downswing, if there's an upswing, if you're really into the media stuff, like Daniel Negriano, for example. And I bet that sometimes he would love to kill somebody. Just leave me be. I just lost. Oh yes, of course. So how they're coping with it, or do they even care because they're already rich, or like this, you know? I learned a lot of, like you said, a lot of these famous guys, they are really loving this, and they really want to promote this still. And even a lot of people laughing about Phil Hellmuth, for example. Oh, but sure. I think he knows exactly what he's doing. Yes. And he's playing his Phil Hellmuth style. Yes. And I love this. Hey Mates, seit Bahamas 64, Reißflix nichts mehr, das würde ich nicht unbedingt sagen übrigens. Ne? Er hat ja bis jetzt, glaube ich, die letzten beiden Events immer in 2, 3 Events gecasht, wenn wir unterwegs waren. Ne? Kannst ja nachlesen. Händenmob. So Basillo just says, on the table from Felix, place 1, there is a good player from the WSOP. See? Let's see if I know this guy. Do you know this guy? I've seen him here, but I don't know his name. Tell me about him. Yeah, I don't know his name too, but I think I've seen him or I've commentated him. I have no idea. Oh, I know this fellow in the, I think in the 2-seat there. Yeah, that's Matt, also another Canadian. He's living out west right now. And he took 7th place in the 6 max. He was just 1 spot, or 7th or 8th. He just left 1 spot before me. Really friendly guy. Hey, Matt, hope you get to watch this later. Yeah. So is there a poker dream for you? A dream scenario? Is it winning? Is it doing the best podcast? Is it just doing work in poker? Whatever. Is there a dream scenario for you which can happen, maybe, probably, or which you're working towards? It's a good question. I'd say that I have sort of 2 dreams in that. I haven't really thought about it until you asked, but since you do, I would say I have kind of 2 dreams in that area. One as a player, which is I'd like to have an excellent finish in a prestigious event.
like the WSOP or WPT, or win one of our fantastic events here at the Irish Poker Open. 6th was so close. Yeah, So I get close, it. but I'm not counting it. I'm not counting it. But that's only so much in my control, as a player. But as someone in the poker industry, I'm kind of living the dream right now. I have I'm part of this fantastic group at Rec Poker. We get to do this podcast twice a week. I do some poker coaching with some of our members. I do some commentary work. I get to write articles for Poker.org and that sort of thing. And I'm really building this life where I get to create a life in the world of poker, and that is a dream. So I'm pretty close. I just need to get to the point where I can make it my only job and quit my day job. So we're not quite there, but I feel like I'm on my track. It's a great question, Ollie. Yeah, but I'm totally with you. We just talked about it before we started, and it is we did this a year for free. Not for free. We could travel, and we did this, and now we get a little bit for doing this, but I'm here. Jesus, I'm here. Yes, exactly. I told you, a lot of people wrote in the chat, "Oh, I wish I could be there. I wish I could sit there," and that's what we want to give the people the feeling that you're right there. Yes, which works. Of course, a lot of time the question is, okay, why can't we see the whole cards and stuff? But hey, as a poker player, you have to guess. You have to play. Yes. My dream scenario for this would be just a short delay, 5 to 10 minutes, and we can see Felix cards. Yes, that would be cool. I did it at a tournament in Switzerland with my equipment, and we did a little delay. And a friend of mine got the camera, and he won the tournament, and we saw only his cards. Oh, wow. And he's a maniac, I know now. Yeah, now I know yeah, he's now a you totally maniac. Mario Man, perhaps you guys know him. But I love this guy. I know he's a good friend of mine. Yes. But he's playing a totally different style. He's playing the players. Yes. He knows what he's doing, but he's like, okay, I know he's afraid, so race. Yep. And he doesn't care what 2 cards he has. Right. So it is amazing. But he can switch up. Yes. It is. Well, and that is the key to poker, right? Changing gears, knowing when to be aggressive and when to change it up. And one of the great things about poker is that there is no one right way to play. It's there are many different equilibriums, there are many different styles, and as long as you are being consistent in how you approach the game, the ceiling's pretty high on a lot of players to do well with some study and discipline. I think there's a lot of success available for players today. There's a problem at the table. We missed it, of course, because we're talking too much. Little conversation about. But I must admit, the whole study thing, and yeah, I also know what I'm doing, and I also studied and looked at a lot of things. But if you're, I think I know poker now since 2004, and everything, I think, let's say 99% are already there. So there are times someone starts to 5-bet. Yep. And everyone else is like, okay, I have to do the same. Then for 2 years, everyone is 5-bet. Yes. After 2 years, Jim is coming along and says, no, I'm just calling. And then there's a guy from Canada who's called Daniel and said, oh, limping is pimping. Now we are all limping. Then for 2 years, everyone is limping, and oh, the game has evolved. Yeah, now it's... And 4 years later, then there's someone who's always raising 5 big blinds again. And then it's like a repeating stuff. The good thing is you can take every strategy, test it, and just do the strategy you like the most. Yes, no, exactly. And you do see this cycle and sort of evolution in the poker game, where people used to limp, and then that was out of fashion. Now you're seeing, like you say, you're seeing people limp more. Here, I see we're back in a hand here. Is Felix going to be able to... Yes, please. Are you streaming? Just pick this up. All right, let's go. Yeah, for sure. And with sizes in particular, I think that is the new frontier. Open sizes, raising sizes, micro bets and over bets. What is his name? It's great to see this kind of evolution of the poker strategy. Grease ball poker. I hope he doesn't do anything naughty. Thank you very much. I think it was around 2011 when we had our German champion.
Yeah, shameless where there was the advertisement on term this channel. $50 for 3 all. bet, 4 bet, 5 bet, 6 bet. Oh, 7 yes, bet, I 7 bet, remember. 8 bet fold. Yeah. Dario Minieri, for example, was also or is also a guy who did this, and I love watching it. Yeah. And I thought about doing this, but no. I found my style, I think, really early on. Yeah, and what's your style, Ollie? Pretending to be the rock, and then always inside laugh to death if someone. Oh, he's not bluffing. Yeah. Of course, I'm not bluffing. Yeah. I will say on the first day here in the 6 Max, I played the first 5 hours, and I did not play a single hand that improved post-flop. I just could not make a hand post-flop, but I was bluffing well. And so I chipped up pretty well. It just gives people, again, the jacket, 20% more folds. But, I think people just, sometimes it's a good day for bluffing, sometimes it's a good day for value betting, but Exactly. I like your approach. Represent the rock, but take your spots. The mathematical stuff. Which range of cards you should play in which position, and at what point of time and during the tournament. I know that, you know that, you know that. We all know. No, not all of the poker players know that, but you should know it. Oh. But there's a difference between playing in Roswodov in Ireland at the WSOP, and it's not always the same. And then there's a 5K buy-in, there's a $1,000 buy-in, there's a $100 Shout outs to Greece Ball Poker. Yeah. Drop him a follow. 126. Let's get it to 500. Oh, yeah. See if we can get 500 followers on Greece Ball Poker. Great shout out from Felix there. Yeah, I see our friend. I see it's wrong platform. Sorry, we can't advertise. He's streaming on the wrong platform. Oh, really? He's on I see you have a friend, Sandro, in the chat here. He was playing at the same table as me in the 6 Mac here on my right. And Sandro, I wasn't always bluffing. I said I didn't play a hand that improved post-flop. I did still have some big pairs pre-flop that I was 3-betting you with on the bubble. I promise. Those weren't all bluffs. There was the one suited ace bluff. Other than that, they were all value hands, I promise, Sandro. Congratulations on your excellent finish as well, Sandro. That was fun playing with you. Yeah. Really fun guy. Felix is folding. Unfortunately, folding is a crucial aspect of this game. People don't appreciate it, but it's very important. The week before we got here, I told a friend, I know what book I have to write, and he asked me how to fold and win a tournament. Yes, it's true. Because everybody is writing books about everything, but not about folding. No. There's no book how to fold right when you have to fold. Yep. You have no idea what cards I folded and got far in a tournament, and everyone is like, yeah, but you have to, if you want to win it, you have to play it. And I said, no, I don't. Because otherwise, you know what I mean. No, you're right. You're right. And especially for recreational players, the mistake that we make typically is calling too much. And if you can just turn some of those calls into folds, some of those spots where that little thing in the back of your head is telling you that you're not good, you don't need to call just to see the cards. Exactly. You know, and I think we get this idea that, I just want to know what he had, you know. But that's I hate to say it, but that's a loser's mindset when it comes to poker. You need to be comfortable not knowing. Yeah. And otherwise, it's going to be very difficult to be a profitable player if you're always just paying to see other people's cards. That's not a winning strategy. I think there's also an aspect that for some people, if I fold, I look weak to the others. Right. Jesus, who cares? Or always show the bluff. Yes. If there's a showdown and you muck without, I've seen it because I'm a commentator and I see the cards. I've seen it so many times that the guy is mucking and the other guy just doesn't show and win the pot. Even his cards were worse than his. So. Always show it, and because they're all playing poker, they're all bluffing, they all know what you're doing or what you try to do. You're not looking weak at any point of the time. Just play your game. Yeah, that's right, and that's it. Play your game, you know, and there's, you know, you're always going to have ways to improve. There's always going to be areas where you could do better, but play your game and be comfortable. You know, and don't try and play the way other people play. Always have fun. Yeah. You have to. Enjoy the game. If you somehow got private problems or you had a bad sleep, just skip it. Yep. Just don't do it. Yep. Just have fun. If you don't have fun, don't do it.
I always say you need to be playing poker for one of two reasons. Either to be making money or to be having fun. If you're not doing one or both of those, you should find something else to do with your time. It's not worth paying money to not have fun. Don't do it. Or paying money to lose money. Yeah. Why? I mean, if you better be having a great time. Yeah, I guess that's exactly. what I'm saying. Yeah. All right, let's see what our hero has in the big blind here. Nuts. We see players defending, as we were talking about the evolution of games, people defending the large blinds so wide these days that he really could have almost any two cards. I think it has to do with the big blind ante. Yeah, the pot's so big pre-flop relative to... Which of course, from my point of view, is a thinking mistake, because otherwise you had to pay ante every hand. Yes. You have to play then they think, okay, it's so much money from me in there, which is not. Yes, you know? yes. And people get attached to it. Yeah, You exactly. know, they feel like that's still their money in the pot, but it's 3,000. not. I have 3,000. No, you don't. You don't. You don't. That's right, Ollie. I love it. Yeah. You have to remove that emotion. Remove that emotion from it. Doesn't mean you can't have fun, but... Oh, I'm curious. I have a question. Okay. I have a question. So, if there's something happening at the table from a player, from whatever, which is really annoying you, really your nerves are like, oh, Jesus Christ, stop it. What are you doing? How do you... I tell you what, I learned, I think 1.5 years ago, there was a point, I sat down and there was a guy who was so... It was... And I saw every other player tilting because of this guy. Yes. And I looked at it, and I started to smile, relax, sit back, and just watched everyone else tilting, and said, okay, if you can do this with everything which is annoying to you, or which is not good for your game, then you have a really big advantage, because you can watch them tilting. Yes. And I try to do this. It's not working all the time. No, of course not. We're human. We're all human. Yeah, but I try to do this if there's something happening which annoys me, really. And it's a great parallel for life, too. You know, life is going to present you with circumstances that are out of your control. How you respond to those circumstances is very in your control. And whether you have a positive mindset, whether you can put it aside and sort of take a step back and just understand that it's the reality of the situation, you're going to be happier in your life and happier at the poker table. It's a very important skill. So what do you do if there's a guy, for example, he is looking all the time at his cell phone, and the dealer every single time says, hey, it's your turn, hey, it's your turn, hey, it's your turn. So what are you doing? Well, that's a good one, because for me, the one thing that still gets under my skin is slow play. I try and be a good guy about it, but like the one thing that still tilts me is slow play. And so I would just, in that case in particular, I start reminding the player before it's their action. Just like, hey, it's going to be your turn soon. Maybe put the phone down, get ready to make a decision here, bud. I like it. But if it's someone who's being like rude or aggressive or berating other players at the table or making anyone feel uncomfortable, then I'm much more aggressive in my response. And I will just tell them immediately, like, that behavior is not acceptable here. I think it's our responsibility as poker players to curate our own community. May I say a bad word here on the podcast? Oh, you can say whatever you want. So we have to ostracize the assholes that are playing in this game, okay? And just because someone has a bunch of money and they're willing to give it away doesn't mean that they deserve to sit at your poker table. You know, you should share your company with people that you respect and that respect you, and if they're not going to respect you, we don't need them here at the table. So I'm very quick to tell people when their behavior is inappropriate, they should go find another game because they're not going to be welcome at our table. I'm with you. Yeah. So I don't know what happened there, but we are at a different chat. Yes. Which is great, but we have it here. Fenton always says you have to love the game to make money at it. He calls it the greatest game ever created. I'm right there with him. Oh, me too. Because it's so simple and not, and so aggressive and not, and it's so funny and not. It's everything you want. And you have no idea how many times I compare it with life. Yes. So yes. And I think poker players are really. Oh yeah, here. There we go. He knows how to put those big bets out. Easy. I would play as king like that. I can tell you this much. Jim well said.
Yes, that's it. Thank you. Yeah, it's important. It's on us. It's on us to grow this game. So we're seeing Felix use some large sizings here, and I think it's just, I don't think people appreciate the difference in fold equity between a bet of like 2/3 to 3/4 pot, or full pot, or pot and a quarter. Once you put that big bet out there, people are much, much less likely to call, and that's a big advantage if you want to get those folds. We have Uh-oh. camera problems. Uh-oh. Someone let Jim Reed get too close to the equipment, I think. No, everything's fine. So the chat is there again. Fantastic. And oh yeah, just perhaps we are not in the we have no internet here, so we are using our own internet. Oh. We are doing this, so to say, with this, which is great. That's you can do this today, huh? What a world we live in, eh, Ollie? Yeah. Oh my. Yeah. The craziest thing it just happened two levels ago. Yes. There is a deaf guy. Oh yeah. Phone. He has a phone and he can call someone and they can speak to each other. Just 20 years ago, why should a deaf guy have a phone? That's right. That's right. Yeah. But now you can put on the picture, do it like the sign language stuff. That's so cool. And I think it's awesome. Yeah. And I know we probably don't have a lot of deaf viewers at the moment, but the deaf poker community is actually a very vibrant and rich community as well. I play with a few players in Canada. And one of the great things about the game is there's a universal language. So, raise, call, pass. It's very easy to make themselves understood, and there's some really, really excellent hearing impaired players out there. A friend of our channel, Min, his name is Min. Okay. So Min raise. Oh. Yeah, you know what I'm saying. Right? That's awesome. Yeah. Yeah, but also my name, Ollie. Yeah. If you're in France or if you, it doesn't matter, but Ollie. Yeah. Well, my name's Jim, and when I'm playing in the cash games over here, every time the dealers shout for chips, some of the different players, their accent's like, chip. Yeah, I keep looking up to think someone's calling my name all the time in the cash room. It's like, I know the podcast isn't that popular. I like it. What are your plans for the future, for the immediate future? So not 2 or 3 years ago, ahead. What is your plan for 2024? Okay, well, I can tell you exactly what my plans are for 2024. So on a personal note, it's my wedding anniversary next week. So my wife is out here in Ireland with me. Thank you. We're going to do a little sightseeing and have some fun while we're here. And then the next big ticket item for me is WSOP in the summer. I'm heading down there June 22nd, and I'll be there till mid-July. And definitely. Yeah. In fact, I'll be honest with you, Ollie. This is the first year I booked a one-way ticket down, and I've made the hotel reservations through the main. And I'm just going to fly home whenever the time is right. But I'm going to give myself the chance to go and play. I actually just wrote a couple articles for Poker.org, which Poker.org, a fantastic news organization out there. They do a fantastic job covering a bunch of these events, and they do editorials and stuff too, going over sort of my plans for the WSOP and how to approach, from a recreational point of view, a trip like that. And so you can find out all sorts of details there. Definitely going to be going back to Vegas in December for the World Poker Tour. They do a really, really top-notch job at the Win there. A phenomenal series. If you're from Europe, you have to decide if you go to EPT Prague or if you go to the WPT. Yes. Yeah, and that's a tough decision. I haven't done the EPT. I'm going to the EPT. Oh yeah. Well, last year was my first year at the WPT in December. It was the second year that they'd done it there, and the first year went so well, I decided I had to come by. And December is a much better time to be in Las Vegas than June and July. Oh my God! Us Canadians, we can't take the heat. We're not ready for that. That's not in our natural blood. Wasn't it the year where Benny Glaser finished second? I think. I He's here, right? don't recall. Benny Glaser is yeah, here? I heard he was going to be here. I haven't seen him, but
So yeah, so those are the big ticket items. I'm also probably going to visit on some of the Run Good poker series. It's an American tour, which is phenomenal. Great fun events there as well. And I'm gonna try and see if I can play a little more at in Ontario. I'd like to be playing more cash games, more live action at home. So we'll see. I'm excited. All in call. Okay. We are ahead. Okay, now we need clean run out and got it. Our hero wins a big pot. No, it wasn't our hero. Was it not? It Oh, was I was a the hero. wrong angle. It was the wrong Let's side say- of the table. Wrong let's side say of the table. it was a hero. Yes. Are there any players you want to get for your podcast? Oh, great question. I mean, well, I'd love to have you on, of course, one of these days. I want to get inside that brain of yours, Ollie. You have to get Felix. Yeah, well, I'd love to have because Felix he's on. playing since forever. Yes. No, I know. Felix has been on my radar for a long time. It's a good question. You know, honestly, I can't, this is terrible to say. I can't think of anyone in particular that we haven't had on or plan to have in the next little while. We book out a few months in advance. I just love talking to all these people, you know. And So everyone, yeah. who's coming the next weeks? Oh, great. Let me see. I got to put this on. I haven't been thinking about the scheduling for a while here. We've got, Lexi Gavin is coming on next week. Phenomenal player from the States. She's got a new book out, actually, with D&B Publishing. As it happens, the next week, we're having Dan and Byron from D&B Publishing. They're going to give away a few copies of that. One of the things we like to do, we like to talk to industry insiders as well, and sort of pull back the curtain a little bit into what it's like, not only for the player experience, but for the book publishers, the dealers, the floor managers, that kind of thing. I have an idea for you. Yes, hit me. Jack Eiffel. I would love to have Jack on the show. I think yes. Yeah. The stories. Mm. He can, maybe he cannot tell all the stories, but I think he could tell a lot of stories. Yes. I would love to talk to him. Yes, and we've had Matt Savage on, and he has a similar sort of tournament director perspective. We haven't had Jack on. I really would like to. That's a good one. I'm going to see if I can reach out to him. You never know. I'll pull the old Twitter DM trick. If so, you have my number. Yes. Text me. I have to watch it. Fantastic. Or hear it or whatever. I don't care. Yeah, no, I'd love to. I'd love to. Ollie, what stakes do you play? So I'm not a regular. I'm not a poker player. So for me, it's always something special. If it's a $100 tournament or Euro tournament or a $500 tournament, or I've played now 2 $1,000 tournaments in my life, so I'm not that big poker player. But so it's like if it's your, you can compare it to a hobby, for example. Yes. If you take every month, let's say $400 for your car, then take $400 for your poker, and then let's wait for, let's say, 6 months, and then you can play 2 $500 and 1,000, and it's something special for you. If you're not living from poker, then it's okay. And if you win, better. It's even better. And if you don't, then it doesn't hurt. So that's how I approach it. So I think if you try to live from it, you have to start. You have to do bankroll management. It's essential. You have to do it. If you lose your way, even with a big win, if you lose your way, you have to talk to people. How to handle this, because there's the luck factor. It is there. So you can lose for some time, but you won't lose forever. So, but you have to handle this. It's so important. And the shorter the term, the more luck plays a role. You know, the longer term, the more skill plays a role, and the less luck comes in. But it's difficult to get that kind of volume, you know, because it can be expensive, for one thing. Yeah. But also, you know, for most of us, this isn't our job. Oh, there's David Lappin up on the left there, wearing the one puffer jacket that he brought for the entire trip, I see. It's hard to, most of us will never actually reach our expectation point when it comes to the long term. None of us are going to actually hit our variance equaling out. So you have to understand that is going to be a factor. That's for sure. It hurts more if you don't play.
I've lost last year in Bucharest. It still hurts me. Last year in Bucharest, I was chip leader, and half an hour before the bubble, I was tournament chip leader, and I didn't get into day 2. So 3 times aces, lost against bullshit, and it hurts. If you play 40 tournaments every month, it doesn't hurt because you know that this is going to. Of course, I know that that can happen, but it hurts much more. It does. So it really does. Yeah. And I think you said it earlier, Ollie. Oh, just a second. Course. Just a second. Oh, Marcel, the bot is still from Eureka Rosvadov. So the chips you're seeing here is the gray ones are 100. The red ones are 500. The yellow ones in this tournament are 1,000, and the green ones are 5,000. So it is. We have to update it. Sorry for that. I think the starting stack. sorry. No. I think the starting stack for this one was 30,000. Yes. Yeah, I think that's right. I'm just looking at the stat board now. 35,000 is the average now at level 5, so that makes sense. I think you said it really well, Ollie, that you really have to have a different mindset as a recreational player versus as a professional player. That cannot be overstated. And the discipline that you need to be a professional player is not common, and it's not easy to find. And I think that one of the worst decisions that a player can make is to go pro. I think if you have a way to put food on the table in your day job and that you get to play poker for fun but also profit from it, my friend, you are living the dream. Yes, that exactly. Is the best. That is the best. And you will never stress over, am I going to be able to pay the mortgage this month if a heart doesn't come on the river? Like, you don't need to invite that experience into your life, Play for fun, work is work. This is a game. Let's enjoy it. And if we can make money from it, I don't know anyone who made money from a hobby like going to bowling or watching movies. You go to the theater, you're not coming out with a couple $100. Let me tell you that. I actually have a friend who's doing. If there's a new movie coming out, he's a critic. So he gets a little bit of money for it. Okay, well. He calls me all the time and said, hey, Jesus, I've already watched the movie and I know I cannot tell you about it, but in 5 weeks you can watch it, you have to watch it. And I got $500 for it, so who cares? That's amazing. So this is That's awesome. Yeah, this is awesome. This is really awesome. Ollie, I'm so glad that you're here. I can't speak a word of German. I was a little intimidated coming on the show, but you're doing such a good job making me feel comfortable. Thank you, sir. And they understand. Yeah. And we have the most viewers since we're here, so it cannot be that bad. All right, I'm glad to hear it. I think the most Germans understand English quite well, but they're struggling with speaking English. Sure, yes. They need 3 beer, then they can do it. Otherwise, they're thinking about doing it right. Yes. How is the word? I have to find the right word because I'm German. And I do everything right, yes, and I struggled with it also. Sure. But if you're doing poker and if you're living something, actually, my English was getting really good. 2001, I started my series. We were in season 3, I think, from Smallville or whatever, in Germany. And as a young guy, I said, okay, I want to know what's going to happen. And I know in America, they're already in season 6. So I asked a friend, can you get me season 4, 5, and 6? And he said, of course, but there's no... It's in English. Oh, it's in English only. So, and I had to watch it in English. And since then, I watch everything in English, and so it improved. And yeah, Roberts, that's so me. Yes. Yeah. Actually, I have a few friends that have lived abroad, and they say that one of the ways that they really picked up the language was by watching the local shows and using the subtitles to kind of put 2 and 2 together and to learn the language a bit that way. That makes a lot of sense. It's also poker. Poker is 85% English. So True. if you don't speak a single word, you will learn it from this. And all peoples are kind. They will tell you what to do, and they will translate it for you. And this is also good. Yeah. And it was, and then they need to grind. Exactly. Yes, that's it. And no, you can't. What I wanted to say to this point is, you forget how expensive traveling is. The hotel, the food in other countries is so expensive. Yes. So expensive sometimes. This is all.
if you win 1 million, for example, and then you think, okay, I'm a poker pro, you have to think about travel costs and everything else. So it's not that simple. No, no. And if you read of someone who is now a millionaire, he's not. He's not. That's definitely true. Yeah, a frightening number of the players that people think of as being, these big names in poker. Hendon Mob only shows your winnings. Exactly. And I think it does paint maybe an irresponsibly rosy picture of how profitable life can be as a professional poker player. A lot of these players, their net worth is not nearly what is represented by their winnings in Hendon Mob. It's a bit of a fiction, to be honest. Yeah. By the way, this is great fun listening to you both. Thank you so much. Two guys having a good time. Yeah, that's sort of how we do things at Rec Poker too. I like it. Felix and I, we started talking about we should do more English, but we didn't know if there is enough viewers who can understand us. And yes, it's still we started this for the Germans, and if we just only do it in English, I wouldn't like it. So right. I think to switch it up, to do this, and or even if you would stay, let's say, until the end, and we would talk, and sometimes I can go and speak German. I like it. That's okay. Yeah. All right, here we go. He's a Jack Rainbow. It's a pretty good board to fire at here. Looks like these guys are multi-way. I love the green ties, by the way. It's a really good look, isn't it? Yep. Okay, and call. König, King. Check. 2 spades. Deuce of Hearts changes everything. Deuce on the River, name of my book. Nice. How to fold. Nice, yes. How to fold, right, Deuce on the River. My 2 books. You're channeling your Norman Chad there. Changes nothing. Yes, one word I learned in 2004. The first word I learned was bamboozled. Bamboozled. It's a good one. Yeah, it's from Norman Chad. For me, it's from Norman Chad. Yep. And the player is going to be bamboozled. Norman is such a delight. What a wonderful character in the poker world. For your podcast, or did you already? Oh, I've had him on. Yeah, really? Yeah, he's such a sweet guy. We actually have this wonderful rapport on Twitter where we just give each other the gears endlessly. We're constantly putting each other down and making fun of each other. I love that guy. We actually did a whole podcast series this year featuring a different mixed game every month. And so Norm was kind enough to come on, and he provided some tips and advice for how to play each different mixed game that we were talking about. So a very generous guy, even if he's a total jerk. He's awesome, and I bet everyone knows Norman Chad. Everyone. Oh yeah. Because even the younger players are watching the WSOP from whatever. Yes. And these two commented, Norman Chad and Lon McCarron, right? Yeah, exactly. They are. Yeah. Yeah, those were the good old days, back when Norman Chad was relevant. Norman, just in case you're watching. I'm gunning for you, pal. Now I'm getting nervous if he's watching. No, in all seriousness, though, one of my favorite people. Yeah, it's another one of those weird boards, those paired boards. They're like the monotone boards. They're hard to hit, and so it's hard to call. If someone makes even a small bet, it's a great opportunity to just put a small bet out there and take that pot down. It's also totally different from the 200 buy-ins or 350 buy-ins. There was more fun, more... Yes. Not that there's none, but it is really... Okay, we have to focus. It's we have already reached 1 million, by the way. Oh, wow, look at that. Yeah, fantastic. Prize pool already... Very good. 1 million. Last year it was 2.4, I was told. Right. We've got a few more day ones to get through here too, so we're going to do very well.
So, have a mixture of languages, awesome. More Espanol. Yes, of course. Sí, gracias. Kölsch is a dialect, a German dialect. Ah. Yes, commentators can really make poker special. I think so too. And I think sometimes we are told from the chat, oh, can you please focus more on the action? Of course. And sometimes it's so boring if you just focus on the action, because a lot of the times Felix is folding, nothing is happening. No, he's in a hand, for example, and it's his. Takes it down. So we try to balance it, of course, but yeah, I think you really have to switch it up. Thank you very much. I can listen to two guys for 10 hours just like, oh, and the percent you have to do this, and the range is this, and now he has to have this, and blah, and just stupid in monotone voice. Yes, no, I can't listen to it. No, and honestly, you can only describe so many flips before you want to put a gun in your mouth. You know, I think I talked to some of the live reporters here that are running these live updates, and they're like, "Oh, great, Jacks versus Ace King again. Like, how am I going to spice this up for the blog?" You know, and it's, unfortunately, there's, you know, we've all kind of seen a lot of these hands at one point before, so it's really about the color, the atmosphere, the experience at the table, and you guys have been doing a great job of putting your viewers right in the action here. And I think not like, if the cards were up, we'd be spending more time talking about the cards, but I like being able to talk about the energy in the room, how people are feeling, you know, the pressure that they're under, and you can tell by looking at the players' faces, you know, what's on their mind, how comfortable they are, and I love that angle that you guys are taking with this show. But I can tell you one thing. Sometimes I've got the camera, and if I'm at the table and there's a big pot and Felix is winning a big pot, I'm like, yes, at the camera. Sometimes strange because he's still my friend. I'm still rooting for him. Of course you and are. I'm still an idiot, so it happens. That's beautiful. There are a lot of points when we did live tournaments and Felix got, for example, in Prague he made day 4, I think. And there were a lot of times where you hear me in the background, yes, and the camera is shaking for a little bit. I love that. I love that. It's another privilege, A, to do this, B, Really? to wear this and Yes. stay at the table. If you're not playing, and if you're just, for example, his friend, at some point, Said you a had floor one job. would come and say, okay, if you're not a media So it's, guy, I'm sorry, really but you have to go. And they don't mean it in a bad way. no. Just imagine everyone would stand there, right there. It's not possible. But I'm allowed to do that. You're So both two extremes. I'm happy. I think it should be like 500, it's 600 true. at the moment. Random observation, but the red chairs don't really match the green tables. Yeah. Yes. Maybe they're going for a Christmas theme. You don't know. It's. Oh, we have a commentary booth. Is in the back, Christmas so we have big in commentators. Ireland? I don't know. Oh, I have no idea. That's interesting. I honestly have no Because idea. it's a cool table. But it's just that 20 years ago, every table was green. Yes. And then they started and switched it up. Yeah. And now it's really strange to see so many green tables. Thank you. It's good. But I would have loved to travel back in time 30 years, go to Bobby's room, watch for 1 hour. Yes. If it really was like that, talking about and stuff. No. Yeah, I mean, I you would don't love see to do any of this. that, It's such a rich history So now he's got in the game itself, 127. you know. I just follow. Oh, here's Flix is getting on his. And now we get the camera over here. He's following on the other guy's stream here. I love this. One more. He looks at so least. good for the game. I love this Okay, guy. I'm gonna close this. Olli. Olli. Alle mal Greaseball-Poker-Folgen bitte hier. Mindestens 200 Follower kriegen wir hin. Komm. We can do 200. It's Grease? okay. Ich kann es leider nicht. Jetzt Grease Ball Yeah. Poker. There we go. Poker. We got it. Okay. That's what German sounds like, huh? Ja, folgen. I will do it. Ja, das ist gut. Ja, Grease jetzt. Ball Poker. Yeah, networking. So let's look for it. I'm confident we get it to 150 maybe. You know, you joke about the It's networking, something. but I know I mostly played online earlier in my career. I made most of my money playing online, learned a lot playing online because there just wasn't live games in my area. There you go. Got the subscription in. The live events, an underrated, intangible benefit of the live events is just making these friends at the table. Exactly. Meeting people like yourself. And if you're a friendly person at all, you'll find a lot of other friendly people here. And then it's a pretty small world. Next time you go traveling to a different event. Multiple languages as well. Oh,
it's just, I don't want to speak over Felix there. We have That's 700 okay. people watching. You're gonna see these people again and again, and you end up part of this wonderfully, surprisingly close-knit community of live poker players. So it's not just about the games. But you have to switch off the he has busted me, he has busted me, I hate you, you bluffed me. Yes. If you can switch that It's off, true. it's True. awesome. So you have to laugh with the guys who bluffed you or Yeah. kicked you out of a tournament. Yeah. So That's right. And you may get a couple poker nemesis from time to time. Yeah. It's part of it, but I think you have to have some. yeah. You have to. It's good for your soul too. I have a new poker nemesis from yesterday, Thanos from Greece. I don't know if you're watching, but I hope I am never at the same table with you again. Excellent guy, really fun guy, but I just could not win a pot off this guy. I had twice the average chip stack after 5 hours, and 5.5 hours later, he had them all, and I was out of the tournament. Thanos, nicely played, sir, but not playing with you again. Yeah, but I always think if you take everything with a bit humor. Yes, then so important. That's life. You only have one life. If you just sit there studying, sit there, not laughing, always concentrate. You have to, of course, but there should be a little life. You live. You only have one, so enjoy it a bit. Yes, yes. Especially when you're traveling for the live stuff, you know. Yeah. If it's a place you haven't been before, add a day. Go check out the countryside. Go see what's going on in that city. You know, do something that's not poker in this new place. It's just a great excuse to go and enjoy your life, like you say. I have no idea to how many people from how many countries I've spoken in the last 2 years, which is so amazing. Then I remember, oh yes, 15 years ago I was on Crete. I was in Greek on Creta, and then I am from Creta. Yes, and then, yes, and yes. yeah, I was in a little hotel. There's a little gyros stand, a little gyros imbiss stuff, right? And then he looked at me and then, is it the guy? I've forgotten the name, but Issos. The gyros from Issos? I said, yes, I've eaten. Yes, you have. I eat there every day. And then just imagine, you've been to Greece. It's amazing. Yeah, it is really amazing. And it happens more often than you think, honestly. I think we're all more connected than we think. Yeah. Yeah. That's right. So you already much more farther along, whatever, here than you. So if you have to leave, if your girl is waiting for you, you can. I'd love to stick around for a little bit longer, and then I am going to go meet up with my wife and just as I was saying, enjoy a little bit of the Dublin life, you know. Great. Yeah, thank you. That's great. And I love to have you here, so you can stay. No, you're very kind. You're very kind. Well, we can, hopefully we'll see some more fantastic hands from Felix. This right now is a guy from our community, and he's in a pot. He just won the big pot. Ah. He looks like he is 12, but he isn't. I can assure you that. He does look very young, it's true. He'll enjoy that more as he gets older. Yeah, right. Right. You're right. And he's good. He's really good. Yeah. And sometimes I think they underestimating him so much. Of course. Which is so silly. Yeah. And he's in a hand with Ankit. I don't know if you know him, but he's a really good. I met him yesterday. Yes, a very sharp player. He's a Eureka champion from last year. And he made the final table at the WPT. Wow. Yeah, he's also commentated with us. Wonderful. So, yeah, I could tell he was a sharp player. He's good. It's a sweat. He's actually so sharp. If Felix is playing the hand and he's commentating it, you know, he is saying what Felix is thinking. Okay, what is his range? What is my range? I would think it's really amazing. And it's true, the best players are thinking about completely different things than what recreational or less experienced players are thinking about. They're really operating on a totally different level. Yeah, nothing. And really, it's just experience. I think of poker like a language.
the more fluent you get, the easier it is. And most of us, we're just flipping to the back of a phrase book and trying to find, like, how do I say, can I use the washroom? How do I say, where's the library? Exactly. But that's, you're never really going to speak the language if you're only learning phrases. You need to know the syntax, the grammar, the vocabulary of it yourself. You need to be able to create sentences. Now you have to deliver on the content. And that just takes experience. And after you got that, then you have to look at whom you're talking to. Yes. Has he read the same book? Right. Is he thinking the same way? Yes. Or didn't? Nice. Is he, no, he's not reading. No, he's not read a book. No, he's not thinking like this. He's just having fun. Yeah. He's most probably thinking about, what do I buy for tomorrow to drink? I have to wait for 2 more minutes so that I don't look weak, you know. No, you couldn't be more right, Ollie. But I'm right there with you. I played the 1K last year in Rossordorf, and it took about 20 minutes, and I knew, okay, I know what I'm talking about, he knows what I'm talking about, he knows what I'm talking about. I have no idea, and the others are idiots. Yeah. No, not idiots. No, but they're not they have not part read of the the same book conversation. than me. Yeah. Yeah. Exactly. And that, you know, poker is one of those weird games where players that are less experienced, they can still beat you because you are making bad assumptions about what they're thinking, like you say. And yeah, like ICM is a great example like that. Yeah. Where someone that is not ICM aware, they can ruin your night because you're like, oh, they have to fold here. I can shove light. And they don't know that they have to fold there, so they call. Yeah. And yeah, usually when players make mistakes, it only hurts them. But in poker, some people can make mistakes and it can hurt you too. Really think it's funny. This was probably the best example you Keep brought sticking this around up. for that, like, No sign of James and Joe since Monday. Man of Straw, I talked to James this morning, actually, and I asked him if both of us play, or one of them is going to play the main event. And he told me, no, they're here to commentate from tomorrow on, but they're playing the side events, like Joe did and made fourth. And this is how they see it, and they want to approach it. So they want the big tournaments, they are commentating, they're not playing. I've seen it all the time. Some Of people course, get maybe way if out of something line, strange some is people happening, get but way they tighter. want to commentate it and goes in both play extremes, the I little think. events, and so be maybe a bit more closer to the community also, which I think is awesome. Yes. They're both awesome. So and I think that a lot of people don't even know how much James is doing in the background. If it works He's out, not you just look a like a voice. genius. If it doesn't, you He's look like doing an so idiot. many It's always things. the same, So that's what poker he is. loves poker. Yep. Yeah, I'm used to it. it was The same fun as, with like, Joe, people rating me in playing the with chat Joe all the time. yesterday. Danke für den Sub. We were at the same table. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Thank you so much. Oh, wow, Thank way to you, go. thank you, thank you. Very nice. Cool, I think Joe drank like 8 pints of Guinness. No. That's what I was going to say, actually. It got to the point where Joe and I were at the same table several times, and every time there was a pay jump, he was buying around for anyone who wanted one at the table. Yeah. That's a good one. Didn't work. I like It that. didn't work. So is it just me? Okay. One beer. We were here commentating like, don't forget us. Come on. Of No, course, of no. course, of And he course. always forget us. He always forgets us. Okay. Oh, that's funny. I had quite a few pints at Joe's expense, I believe, on Monday. Very, very friendly guy. I think the bubble bursted, and I said in the chat, in the live stream, I said, okay, this is going to be interesting if he really led us so much that he's in the top 10, because then it's like this. But I think he was at a state where it doesn't matter how much he drinks, it was like this. Yeah, just plateau. Yeah, exactly. That's right. Well, when you're coming in off, no sleep for 38 hours or something like that, what's one pint? What's one pint gonna do? You've already kind of hit that rock bottom. Yeah. But I think today I'm going to drink a Guinness also. I recommend it. I mean, it's one of the great things about Ireland is a lot of people don't know this, but if you open the cold water tap, it's actually Guinness comes out in the washrooms, and yeah, so it's hard not to. It's a bit strange with the shower stuff. Yeah, it threw me off too, but it's actually really good for your skin. Yep. And it actually works as a natural conditioner. Yeah. So I don't have hairspray in it. It's just. Yeah, it's amazing. Yeah, great quality. And I bet from the 734, hello viewers,
There are at least 4 who believes this shit. I promise you that. There's at least one guy, Mali, hey, we have to go to Einen. There's beer coming out of the tap. We jest. Although it's remarkable. I mean, Guinness is everywhere here. It's like it's on the side of every building and it's in every bar. They serve it at breakfast. It's just a wonderful place. You got to come. Exactly. I've had a breakfast Guinness every day that I've been here so far. I only spilled the first one all over myself. After that, I've been doing good. That's the first time I've heard it. Breakfast Guinness. Breakfast Guinness, underrated. Our community just said he sat down at the main event, and we were there with the camera, and he said, "Okay, the whole night I played cash game, I had a breakfast Guinness, and now I'm playing the main event. I don't care." So, yes, breakfast Guinness. One Guinness, you crazy goose, Ollie. Yeah. Hey, you're letting your hair down. I have to work. So you're gonna be there. Ireland is known for the white stuff and black stuff. Exactly. It's cool. They made it from. I'm going to assume he's referring to the bubbly head on top of course, the Guinness. like- Of course, like that's this what it is. festival. Yeah. I agree. Make it more inviting. I love to play poker. I don't play online as people don't play correctly. Well, minimal pay sites too frustrating. Yeah. Yeah, I think you can do a lot. You can still do a lot to make it more inviting. Yes. You start with silly things like if you have a little family, so let's just say 2 players meeting, male and female, and they love each other and they have a little child. Someone has to stay home. Starting with this, you can start doing a little where some people taking care about kids, for example. Yes. It sounds silly, but why? Why shouldn't it start like this? So you can make it more a little bit family friendly, not at all venues or whatever, but you can do it. You could do so many things, as we already spoke about the female stuff, the women. I would love to make it much more comfortable for them to come. Yeah. Yeah, it's important. And, you know, we've had these different poker booms, you know, that people have talked about, like the Chris Moneymaker era, the online era. Yeah. And I think that really is the next boom. You know, this women and other people, and I don't mean to just single out women, but I mean the people that just haven't felt comfortable. Yeah, exactly. I think there's a lot of room. There's a lot of room to grow the game. It's not like we all assholes or idiots and don't welcome them. No. It's just to make it more friendly for everybody. Yeah, yeah. And listen, of course, if you get 100 poker players in the room, some of them are going to be assholes. But if you get 100 dentists or car salesmen or, you know... more than... Humans. Humans are the problem. Some humans are assholes. And unfortunately, almost all poker players are humans. So there are going to be some assholes in that group. Yeah, you're right. Actually, maybe too many poker players these days are not humans. Yeah, and sometimes more extreme assholes because it is about money. Yes. And if there are a few people who cannot do it responsibly, you will have the guys who are shouting and because they lost their last money, because they did something wrong. Yeah. Yes, that's an aspect. Yeah, that's an aspect. Now let's see how Felix is doing here. The regulation seems so restrictive for both online and... Yeah, Germany is an asshole. What? So, and it's stupid. The regulations... I like regulations. I think it's a good thing if they're done correctly. Yes. But Germany is just like stupid because it's always the same. If you don't play poker, how can you make rules about playing poker? There should be people who know what they're doing. That's right. And this is not the case in Germany. No. So the restrictions and the laws are totally stupid. And unfortunately, that's true in many jurisdictions. This means, quite Ollie, we're in the hand. It's nobody my turn to say this. Thank you so much for reminding me. We do need that prompt. By the way, Phoenix is one of my best friends, and I still have no idea if he's good or if he's bluffing. I can tell you, with a lot of players, I've seen them so many times. I have no idea. No, never. No. He's doing it right then. It's
quite a big raise, right? I think it's, yeah, way to go, Felix. I love it. Sometimes that was a relatively small bet to the pot. Queen. And he got him to fold the queen. So No, that was Felix hand. Oh, okay. Oh, he had it. Okay. Good. All right, so that was a. 392. It was a raise, yeah. It was a raise, guys. It was a raise. People will always shout and curse where poker is concerned. What really annoys me is the language of ghosting. I have to admit, I have met Will Kassouf. Oh, yes. I have talked to Will Kassouf. I drank a few beers with Will Kassouf, and he told me the other side of a few stories that are told. And this is totally different. And so it is difficult for me. I know what you mean. And he gets it, and he knows his character, but there are a few stories told that are told in a way it's not right. That's what he says. So I know both sides, and now I can make up my mind. So, but what I want from you is, don't believe everything you're told. If you see stuff and you don't like it, okay. But if you're just told a few things and you don't know everything, you know. Well, we should definitely all be critical of what we hear. Yeah. You know, depending on the source. There's a lot of rumor out there. I can't speak to the Will Kassouf stuff. Never met the guy, but you know, people like to talk. It doesn't mean that you should listen. Yeah. And I don't want to talk about it because it's there was so many talk about this Will Kassouf or whatever. You've got a very friendly and active chat here, Ollie. You've got some great members. I can tell you have some real fans. I love it. It's all because of you. It's all because I told you. You underrate. I told him there are more guys knowing his podcast than he's aware of. You did say that. When we first met, you told me that, Ollie. I don't know. Maybe I just have imposter syndrome. It just feels like we're still this little brother in the poker industry trying to scrap our way to the top. It is. We can ask. You can have 736 viewers combined on YouTube and on Twitch, and there will always be the guy who says not even 1,000. Right? Yes, you're so small. Yes. And there will be there's the guy who is trying to do poker for years and years, and he's only 4 viewers and says, "Jesus, it's so much." You know, so I love it. I love every single one who's now watching, and not a single guy wrote, since you're here, oh please more German, or can we switch back to German, which I love. So that shows me we can do this. Good point. And they understand it. And I didn't even have to. I really thought about translating a lot of stuff, but I didn't because I just want to. If someone had asked, "Oh, can you tell us what you just said?" Yes. Of course I would do it. But I did ski. That's wonderful. Table talk. Only in Austria. Poker players, if you sign up for this 4 p.m. satellite, we're just under 10 minutes before we kick this. Oh, Diamora, du hast recht. Das passe ich jetzt mal an im Hintergrund. So, we have this here. Die Blinds sind bei 204. We're less than 10 minutes away before we kick things off today. Good catch. Yeah, this is if you get the big thing with hole cards, it's a computer doing it on his own. Right, you have to do it here manually. Yes. Analog. Can I have the one, please? Oh wow. Okay. 600. There has been a lot of action. Let's look at these guys having such a good time. It's true, even in the main event, they're loosened up. I think part of this is having Felix at the table to crack some jokes and put a smile on people's faces, relax people. Honestly, that's why I bring the shot glass, because I loved it. People ask about it, they start talking about it. All of a sudden, we're talking about our favorite drinks. You know, people say like, "Oh, are you going to put some liquor in there?" And you know, like it loosens up the table, it starts a conversation. And I so much enjoy being at a table where people are talking and enjoying themselves and having fun. Yeah, you're right. So a lot of the times people in the chat ask, "Oh, is it allowed to film the table?" And how about if place number 4 says, "No, I don't want to be on camera." So first of all, if you participate in a tournament, you're
you're allowing to be filmed. Oh, Yes. I That forgot they to give can you a card, take photos of you. Yes. But of One on course, my back. we try to avoid someone who don't want to be shown. Sure. But what we learned through the last 2 years is 99.8% love it. Because they can, Mama, I'm in television. Here, you can watch it on Yes, Twitch. of course. Or if your wife, for example, was at home. course, Right now, she yes, could watch it. yes. Or and normally you have to come to the feature table or to the final table to be seen. And now they maybe see it's not that stupid playing poker. Look, here are hundreds and hundreds of people playing poker. And hey, I'm here at table number 22 and you can see me. So Very cool. Very cool. GRND. stimmt der Level noch? Ich guck mal eben nach. Was haben wir für ein Level? 5. Dankeschön. Oh, yeah, because it. Oh, yeah, I remember. The monks among you. It is level number 5, Ollie. You're right, guys. Your chat is on it. I like it. Potential follower. And I appreciate the prompts from the chat when we're supposed to shut up and let the action at the table speak. At the table talk. Yeah. Yeah, you gotta be careful. Do you see we can do shameless plugs on the? Yeah, just if you have a business, go for it. Advertise. So Wistlife is. This is my friend Matt he's talking to right now. FELIX25. You can go to wistlife.com, and if they want to get any Wistlife gear, like hoodies, t-shirts, Really? they can get 25% off with your. That's amazing. So it's Felix25? Felix25, go to wistlife.com. Leute, ihr wisst Bescheid, Wistlife Bier. Checkt aus. I'm gonna check this out now. Well, I have to go to, I guess I have to go to Whistler then. You should go I to have Whistler. to come visit you. It is beautiful. Wistlife.com. Oh. Yeah. Yeah, thank you so much. I just read. We enjoy professional commentary beside Ollie. Yeah, thank you so much. I love you too, guys. Any other businesses to advertise? Finally, someone who knows what he's talking about, right? Yeah. I Oh get it. boy. Oh, you don't know me very For well. what? You got no. You're not advertising for that. Only raise your edge. How many chips do we have, by the way? Yeah, let's see. So it looks like 15, 17, 20 something, low 20s for our man Felix. What time does Late Red close for the mini today? Oh, Man of Strong. Mini, I Don't don't forget know. to set up the revenue share. Main event is 10 levels. Start of level 11 is closed. I think the mini's 8 levels, but don't quote me. It might be 10. There we go. Now we get a little chance to check in there. So 15, 18, 19, 20, 21, 22, probably about 2,400, I'm guessing. For Felix, 2,400. Just a little understarting. Average is 37,765. 37,765. So if it says red, just disregard that and go to the gray table numbers. We apologize for the miscommunication, but it should say gray. If you have red, just go to the gray table with that number, and the dealers will help you get to the right spot. Is it lottery stuff? Yeah. Oh yeah, that's pretty cool. I can't believe they can actually do that. Yeah. I think in Ireland they can do anything. I think they can. It's a magical country, Ollie. Yeah, but sometimes it's better to do nothing so it will regulate itself. Yes, yes. Instead of forbid everything and then you have the illegal stuff going on. Right. Yeah, yeah, And yeah. you can control it, so I don't think it's smart. Well, and especially with these like gambling licenses, gambling Danke and liquor für den Sub. licenses. Oh. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Oui. Thank you so much. Congratulations. Oui, vielen Dank für 2 gesponserte Subs. Dankeschön, Mann. Dankeschön. I think especially with like gambling licenses and liquor licenses, it's they're very picky about this kind of stuff. And so you don't want to cross them. You don't want to put a foot out of bounds because they're quick to pull the licenses on stuff like gambling and liquor. So they really have to make sure that they're playing by the rules. So.
Race. 1000. Felix calls. Blinds fold. Wow. Interesting. It's another one of those boards. We'll probably see a small c-bet from the in-position raiser. Easy with ace is still alive. Easy with ace is already made day 2, I think. Dealers in the satellite, if you have 3 more players at your table, please begin to prepare your Finton already made day 2 yesterday. Nice. Button has been drawn to seat number 2 in our 4 p.m. satellite. Button is in seat number 2 for the 4 p.m. satellite. So is it again the deuce on the river? Oh. And I don't think this original player has an ace, and I think Felix now knows that this player doesn't have an ace. So there is an opportunity to take it away here. Looks like he's gearing up. It's gonna have to be pretty big. Yeah, there's that sizing again. He's taking that larger sizing. And you can really induce some folds that would happily call a half bet or a 2/3 bet. Sorry, a half pot or 2/3 pot bet. But you put that bigger bet out there, people are going to fold. The champion. Oh, there's my buddy Joe Rafter. Yeah, Joe Rafter in the gray shirt on the right. He satellited into the main. What a fantastic guy, a local fella. The champion from last year. Oh wow. Oh God. Well, at least he's on Joe's right. You can tell him if you want to. If he doesn't know. I just got to meet Joe in person actually earlier today. What a treat. Boy, that's got to be unsettling playing right next to the champion from last year, huh? He's great. He's great. He's really fun. That's the name of the game, my man. What I learned also is how hard it is. If you really, I cannot even imagine winning the main event, the WSOP main event. Oh God! You play 9 days. Yeah. Okay, I think before the last 2 days there's a break for 1 or 2 days. Yeah, they do 1 day before I think the final table. Yeah. Yeah, they give you a day off. But you have to play 12 hours at least per day for 8 days in a row. Wow. Yep. This is people at home. This is so hard. Yes. You just see the people out there sitting there playing cards. Yeah, exactly. And then with the money stuff. Yes. If you're not a rich guy and you don't care, as most of the players aren't, and you go farther and farther, and it's getting more tense and tense and tense. And of course, a lot of people who, let's say, have already $350,000 safe are a little more, okay, good. I'm already rich now. I can get even more richer. But there are a lot of guys can't even feel it. There was one main event, I think it was the Jamie Gold year, where there was a guy, Life Force. His actually name was Life Force. No. Sit in the background, and it was such a big field that there had a lot of guys. I think 20 were millionaires, I think. And he just sat down, and you heard Jack Eiffel in the background say, "Okay, congratulations, you're all millionaires right now." Wow. And he is. I don't know if he's, but he was just a surfer boy. And he started crying. I'm sure. Yeah, I would too, by the way. Yeah, I would too. Of course. Yeah. I mean, it can be a life-changing experience. Yeah. You know. Of course. I've only played in the main once, and just made it to the end of day 2. It didn't get to cash, unfortunately. But it is a unique experience. It is. And it's not just the 2-hour levels, although the 2-hour levels, they are extremely different than 1-hour levels. You wouldn't think it, but they're proportionally much more, the feeling of it is much more luxurious and unhurried. But also just the prestige of the event, the other players there. You know that everyone playing there is doing a bucket list item. You know, it's something that really matters to everyone. Just like I'm going to do someday. Yes, sir. I think just even the chips, the chips, the color of the chips, to grab the WSOP chips for one time. Yeah. The orange 5,000 star you've seen so many times. Yeah, you know what I mean, Yeah, right? exactly what you mean. Yeah. And then it's a freezer.
Right. Not a lot of freeze outs these days. You know, there's something kind of special about that. Because so many tournaments are these like unlimited re-entries. It's a huge advantage to the players that have deep pockets and can afford to just fire, fire, fire. Oh boy. Aces are good. Yep, they actually held up for once. Can you believe it? Yeah, but exactly, if you're a multi-billionaire and you can fire 25 bullets in a 10K tournament, or if you're Ollie, fulfilling your live stream for one time. Yes. And then there's the guy, raise, 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 raise. Yeah, exactly. Yeah, and it's a real advantage because in those long structured tournaments, being able to build a stack is crucial. And if you're playing kind of tight and only taking the best spots and being patient and waiting, you'll chip up, but you're not going to get the huge chip lead. If you're someone that can afford to take flip after flip after flip, you know, if you buy in enough times, you're likely to accumulate a pretty big stack. And so it's a real advantage to those players that can afford to enter multiple times. Well, one way to quickly decrease your euphoria is realizing that half of it goes to the taxman. Not for me. We don't even have to pay 30%, pay 30% tax in America. So if I go to the state and I'm going to play poker in America, and then they will write it down, and I don't have to pay it. I actually final tabled in the Caesar's Palace, the tournament. Yes. And they knew that I was German, and we had a break, and they told us we were all drunk. We were all drunk, and it was, I think, a $100 or $200 buy-in, so nothing special. So they asked, okay, you are going to win. You will take most of the money. We are making a deal right now, and then you can give us this back, and you can keep. I think I got the money from second place. Okay. And everything else was divided on the other guys, and it was good for me. Of course. I finished the next hand. I was out, but I didn't care. So. I love that. But it was the biggest thing. I don't have to pay taxes. So. Yeah, we typically in Canada, if you're playing in Canada, winnings are not taxed. So lottery winnings or gambling winnings, they're not taxed unless you file as a pro. Yeah, exactly. But they do withhold in the States. If you, as a Canadian, if I win a big tournament in the States, they withhold that 30%, and then you have to try and get it back, which is a pain in the butt. So if you win $1 million in Germany, you don't have to pay taxes for the million. If you're not a pro. Yes. But if you make money out of the 1 million, a year later, let's say you put it in whatever. Oh, yeah. Therefore, you have to pay taxes. That makes sense. That makes sense because that's different income. That's like investment income. Yeah. Exactly. Depends where you're from. Right. Yes. Wolfie is right. Wolfie, I hope you're good, by the way. Wolfie is one of our mods. Should be here. Was sick, so oh no. Greetings. Get better, Wolfie. 112 entries in the ladies event. That's great. That's great to see. I was so pleased. I was speaking to Paul O'Reilly, who's the owner of the Irish Poker Open. Yes. And he allowed us to donate some Rec Poker Premium memberships to all the entrants of the ladies event. Nice. Yeah. After this hand, you have, again, we have so much more viewers now. You have to tell them who you are, where you're from, since when, how long, and how tall, or whatever. Okay, I'd love to. But now we've got our man in the small blind. I have to win them all pre-flop. There you go. Yep, that was me on Monday, Felix. Yeah. Let's do this. I'm so excited, man. I'm so excited. I'm loving this. So, tell the people, why are you here? Where are you from? Thank you. Well, yeah, my name's Jim Reed. I'm one of the folks over at Rec Poker, or rec.poker, if you want to go check out the website. We're a fun-loving group of serious, thoughtful, fun, recreational poker players. And we get together. We've got a podcast, forum. Check it out. Discord. Yeah, thank you all. I'm glad you enjoyed it. We've got home games. We do road trips and travel around to various events where our members are and hang out there and study together. We celebrate together.
Most of what we do is free. Just come on over. All it takes is an email address and a smile to sign up, but we insist on both. Those are mandatory. Email address and a smile. Have to bring them both. It's okay. And it's just been this fantastic part of my life for the last several years, helping recreational players learn more about the game, get more comfortable playing the game, and getting involved in, taking their game to the next level. So I'm so pleased and proud of that. And yeah, I come from Toronto in Canada. I travel around a bit and try and live my best life playing cards. And every once in a while, some fantastic person like Ollie invites me to come on and provide some commentary with their show. And I'm a recreational player. I've had some success. I've won some, thousands of dollars. I'm a profitable player, but I have a day job, and I think it's important that players play for fun and that they don't try and go pro, but that they get to enjoy this beautiful hobby that we have. And if you can profit from it, all the better. So that's kind of our mission there. I think it's amazing how similar we are thinking, because our team always talks about how can we bring poker to the people at home with this what we're doing. So yes. This is not for the pros, what we are doing. This is for the people. If you, for example, win the entry for a tournament and you're here for the first time, they know us, and they know that they come to us and ask, okay, I'm a bit nervous, what shall I do? Or can you help me with this? And we love to do this. Yeah. So this is amazing. It's kind of the same approach you do with, it's not for the pros, and we don't want to make money out of it. We do this because we love it. But what the thought that my mind crossed right now was, why are you, or perhaps you do your own tournament, but you have to do your own tournament or your own little tournament series. It's come up, actually, the idea of doing a tour or a tournament series or something like that. I think it would be a really, really fun idea, and I think that Poker is a great name. It is, and I think we Poker would Tour? do a good job. Boy, you're kind of speaking my language. I'll be completely honest with you. At this point, we're a mostly volunteer-based organization. We have a lot of us are just kind of chipping in our time and expertise to make it work. It's a passion project, but we don't really have the budget for marketing, for advertising, for the kind of infrastructure that a tour would require. And so maybe that's something in the future, but it's important to me that we are a sustainable model. I don't want to go borrow a bunch of money and develop the Rec Poker brand and then feel like I have to then make so much money every year to pay it back. The goal is not revenue for Rec Poker. The goal is to be That's a good point to start, I think, because, for example, go to a venue, tell them what you're doing, and if after 20 venues, there will be the guy who says, okay, you can have my venue for, let's say, 4 days. It doesn't have to be 14 days. Yes. And then you need the tables. Ask someone from PokerStars, can we get tables for this weekend? And if not from PokerStars, maybe there's another guy who's giving you, let's say, 100 tables. So I think it should happen. It should happen. Well, it's like you said earlier. I was so touched when you said this. That you said, I think your fan base might be larger than you give credit to, and I should take this moment to shout out where it all started. The group was founded in Minnesota at a casino called the Running Aces Hotel, Racetrack, and Casino. They've been our sponsors since 2016, and we do actually have a Rec Poker weekend tournament series there twice a year, usually in January or August. We have a bunch of people fly out. We have, we're in a hand again here. Oh my. So this is raise from Felix, call from first position, raise from third place to 6,000, I think 500, call Felix, call from the other guy. So this is going to be big. 8-6-4 flop two-tone. So the original raiser, or the pre-flop aggressor here, if they're betting out, they're repping an overpair. A board like this is actually pretty good for our calling ranges. Okay, first act. How much? Pretty big. It is an overpair. That's what they're repping.
they could have a hand like king, queen, spades. This would be a good bet with that. Get ace high to fold, maybe a pair. Oh, raise all in. Will we see it? Danke für den Sub. He doesn't look very comfortable, Auch does du he? bist jetzt ein Teil des Thank you, Ranger Joe. Grind-Imperiums. Thank you so much. Tense. Okay, no aces there. No, he's taking a long time. No sixes, fours, or eight. Something tells me one of these players has two spades in their hand, but I don't know which one. It's actually not that big a raise over the when his all-in shove isn't that much bigger than the original bet. So I could see our original player calling. Yeah, that's what I have to figure out. Great that we can tune it up, right? What? Shh. Quiet. Eights. Eights. Or sevens. Or nines. I love this. I love this so much. This is what I put you on. No, fours you fold. Sixes maybe. Maybe sixes. 30? 30 and 900. Yeah, something like this. I can feel it. I can feel the pain. Yeah, there puts in the call. What is it? Pair of tens. 5-3. 5-3. Open-ended. No, it's going to take better than that. Oh, there it is. He tried. Yep. I actually think it's not a bad move. No, I like it. I like that. I like it. I like it. Yeah. Because he can have all the sets there. Yes. You know, I didn't quite catch the sizing of the pre-flop action, but he can have all the sets there. He can have some two pair. And he puts it, if he puts him exactly on 9th or 10th or whatever, then Danke I like it. Okay, it didn't work, but I like it. No. And it's not always going to work, and that's okay too, you know. A lot of these semi-bluffs, they're not going to work all the time, but the idea is that they work often enough that it's profitable in the long run. And we can't get attached to how things work out on a hand-by-hand basis. Danke für den Sub. All right. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind. Thank you so much, guys. Amazing. Oh, we only see it here. Maddox, thank you so much. Stullen Andi. This is most probably a really German name. Stullen Andi. Is it? Stulle is another word for sandwich. Oh, okay. So if you some point buy a sandwich and say, I want a Stulle. You know, I'm kind of famous for my peanut butter and jam stuhlers, as a matter of fact. That's I travel every time I'm traveling. I always get peanut butter and jam and a loaf of bread and some bananas, and I bring them to every tournament I'm at, and that's how I get by for these grinders trips. I think only 5% of the Germans know what peanut butter and jelly sandwiches are and taste like. Well, unfortunately, they're missing out. Let me tell you. I know how they taste. All right. Believe me. It's like profitabel in the long run, right? Robert just said it's profit in the long run if you do it. Yes. I actually think it's good. Yep. It is And when you think about the hands that are going to fold, like we talked about our opponent, you can have two overcards there. If he's three-betting pre-flop with like ace-king, king-queen, ace-queen, ace-jack, those kinds of hands. And those hands are way ahead of 5-3. And if you can get those hands to fold, then you're printing money by playing that hand as a shove instead of as a call and trying to make your hand. Making hands is actually a very difficult way to play poker. The best way to play poker is to win when you don't have the best hand. And the only way to do that is by taking aggressive actions and forcing your opponents to fold. You have to have a strategy to do this. Yeah. If it works, good. If not, yeah, sometimes it's not working. No. But the nice thing about those those semi-bluffs, is that even when it doesn't work and they call, you still have a lot of equity in the hand. You still have the turn and the river to come. You still have a chance to improve. Yeah, and just win. imagine another 3 and that's it. All it takes. Yeah. You're not dead. No, I've been on both sides of that many, many times. Many times. So, where were we? Hier. Soll ich Englisch schreiben?
Robert, ihr müsst nicht Englisch schreiben. Ihr könnt auch Deutsch schreiben. Ich kann auch translaten, wenn ihr wollt. Ne? Aber wir dachten einfach mal, wir machen das mal so nebenbei. I enjoy this community so much. I know German is your native language, but I'm really enjoying getting to understand a little more and hearing your thoughts. Yeah, I try my best. Thank you so much. 5-3, oh my fucking god. Yeah. He tried. I actually think it was a good move. Ehrlich, I liked it. So, wo ist Felix? Felix is right there at the table. We Germans prefer Nutella over peanut butter jam. Yeah, you're right. Hello, Ali and Jim. You guys are doing a great content. Thank you for that. You're welcome. You're more than welcome. Je mehr Hände du spielst, desto weniger ist Poker von Glück abhängig. Das ist richtig, Robert. Genauso ist es. Die Varianz ausschalten. It's all about the variance. If you play more, the variance is always your friend. If you know what you're doing. Yes. That's right. That's not licensed to just put your chips in the middle every time you feel like it. That's Sometimes it has to work. It's variance. Variance is to go all in all the time. Genau deswegen ist Bankroll Management is so important. Yes, you're right. Or you treat it like a hobby. And you say, okay, now I have my $5,000. I'm going to Vegas, play 2 tournaments, try 2K in a cash game, and 1K I'm drinking. Yes. And this is my fun. Then it's totally okay. It's totally fine. But then you have to stop if it's not working. Yes. You have to stop. That's it. And I think it's important to know, are you playing as a professional or are you playing as a recreational player? Again in the hand. I'm so sorry. No. Ace, 7, 10, rainbow. Quick call. Sometimes we are in the way. So I think Felix must have opened this from early position and got called from the blinds based on the position. Yep. Why is a 3 called tray? Wish I knew. Great question. I'm not the only. I think it's rooted in Old English. So they know. Oh, I bet they Give do. them Tell 50 seconds and they know. Tell us, chat. 10 is good. Yeah. So I think it was a pair of 8s or stuff like this. Yeah. That's what I was thinking. Something like that. Also Chat, Frage in Deutsch. Warum heißt die 3 Tray? Deuce, 2 Deuce, 2 Deuce, Tray, 3. Why? Weiß das irgendjemand? Does anybody know? Während der Chips, yes, of course, I can. Also, die grauen sind 100er, die roten sind 500er, die gelben sind 1000er und die grünen sind 5000er. So for everybody, gray chips are 100, the reds 500, the yellows 1K, and the green 5K. Wegen 3 und dry. Dry. 3 is German for 3. Tray. So there was a German guy and an English guy. They were drunk. So, and I need a tray. I actually like the explanation. I don't care about the real one. I take this one. Hi to Jim, sat next to him yesterday in the America's Cup. Enjoyed chatting. Greetings to Philly. Ah, hello, yeah. You didn't sit next to me for long, I don't think. I wasn't in the America's Cup for very long, unfortunately. That wasn't my best performance. I met some very... Oh, Philly. Yes, I did meet a Phil sitting on my right yesterday. Very friendly fellow. And we were not seated next to each other for very long, unfortunately. What else should he say right now? There are cameras, everything. You're the greatest guy. I'm joking. Of course you are. Everybody. And guys, you look beautiful. 736 beautiful people. Amazing. Of course. Amazing. You are great and awesome. Oh, this is a great... Oh, nice question. If you have to decide to play the PSPC at the Bahamas or play 5 EPT stops, what would you rather take? Ooh, money is not important. I mean, I think
ESPT. That's a really good question. Yes, we also do EPT. I think for me personally, would be the EPT. I haven't had a chance to play the I mean, I haven't been to the Bahamas either, but there's this mystique about the EPT. It's such a... Oh, I don't want to speak over Felix here. Yes, there's two people in the back. Here we are. So they have rotation with the camera and with the commentary. And in case I bust, I go do commentary. Don't bust. No, exactly. I don't want to leave. People from the community, people we know, people we follow. There's a lot by now, so we always have like 20 to 30 people that we can. Yeah, he's also sometimes he's jumping to a friend of ours over there. Sometimes other PokerStars ambassadors. This is like the main table and the outer table, so to say. Of course, yeah, we're the most interesting ones. Yeah. Felix is such a natural, eh? You've been doing this long enough, it's in his bones. He was such a nerd. He hated live poker. I'm honest. He hated live poker. He wanted to play at home, at his desk, stream a bit, and do his thing. Yeah. And now he loves it. And you got he's the really bug. good. Oh yeah, yeah. I mean, I think online is a great way to craft your game. You're going to get so many more reps in. You're going to see more hands, and then you can take those lessons and apply them at the slower cash game tables, where exploitative poker is much more important. But you can't exploit effectively unless you know what to deviate from, you know, and you learn that best, I think. By playing online, by having a HUD, by tracking your hands, by learning your frequencies and the frequencies of your opponents. Then when you go to play live, you can really kind of riff on that a little bit and improvise and exploit based on the tells and what you can pick up at the table. To answer your question, Mississippi. I would take 5 EPT stops in a heartbeat. Because it starts how to get from Germany to the Bahamas. I think you have to fly 48,000 hours, take 75 planes. That's a lot. And the last plane isn't even a plane. It's like, it was some time ago, it was a plane. And then they put it away, and someone from the Bahamas said, oh, I take it from my company. And so, and then I heard some stories about the hotel on the Bahamas and the behavior on the Bahamas. So, I don't know. Yes, at some point, if I rich or whatever, yes, I can go there and see it for myself. But EPT Prague, EPT Paris, EPT Barcelona, EPT Monte Carlo, EPT Cyprus, or was it Eureka Cyprus, or I don't care. I've been there to some of the stops. I know how amazing it is. I know how well done everything is in the background. I know how they take care of you and how much you can enjoy this. So if I could do that, I didn't even have to think about it. So get the chips back. And like we were talking, Ollie, there are so many. Those are world-class destinations to explore outside of the poker as well, and that should factor into your decisions. The casino in Barcelona is right at the beach. Yes. Oh, Barcelona is one of my favorite cities in the world. You get out of the casino, that's the beach. La Ramblas. Yes. It's amazing. Yes. Phenomenal city. I think Barcelona, Edinburgh, and Montreal are all in my top 5. Just great cities to visit. I have to admit, Zurich. I haven't been. Switzerland. Yeah. It's an amazing city. All right, I'm adding it to the list, Ollie. So, it's a plane without the TÜV, right? TÜV is the inspection stuff for us in Germany. Every 2 years you have to go with your car to the TÜV. Okay. They check up, the car is okay, and you get a like a sticker. Yeah. So Yeah, we do that in Canada too. Exactly. Doch, Bahamas ist schon mal eine Reise wert. Ja, Thorsten. Thorsten, by the way, is a floor man from a casino in Germany. That's not the point. Yeah, you make a living. You're right. Whether you make a living or not, you can Good friends of ours. My plan is this year, stay December and January on Bahamas. I mean, I work in this profession. Let's put it this way. Das tut dir keinen Zwang an. That's the other
issue about the trip down there. I don't want to pay $12 for my banana. You know, I've heard that's part of an issue. Hamburger, $25. Yeah. Oh, you want ketchup on it? Ooh. $25. Time to cash out that pension, son. No French fries, by the way. No chips. He said, tomorrow I'm giving up my job. I'm gonna play professional. How's feeling going? I said, are you sure? He said, yes. Kiwi, I think he has about 2-3 weeks time. I didn't see him. Yeah, he did at that point. I went to a restaurant. There's last year's winner, next to my buddy Joe Rafter. Another great question in German. What do you like more, tournaments or cash game? You first. I really like the excitement of tournaments and the narrative, the story of, you know, getting to the bubble and being in the money and making the final table. And it's hard to beat the idea that you can win such a big multiplier of your buy-in in one day. You'll never be able to do that in cash tournaments. My biggest score was a $22 online tournament with 14,000 runners that I won for $35,000. You're just never going to be able to do that at a cash table. But I actually prefer playing cash. I think I'm a more profitable cash player. But I really enjoy the atmosphere at the cash tables. It tends to be more relaxed, more friendly. People are laughing, drinking, having fun. And the incremental increase to your bankroll of playing in cash games. You win a little, you win a little, you win a little, you win a little. Playing tournaments, you lose, you lose, you lose, you lose, you lose. One big score, you lose, you lose, you lose, you lose. They only pay 15% of the field, which means that even for the best players in the world, 85% of the time, they're going home with nothing. And that can be a little distressing on the psyche, I think, for some. What about you, Ali? I think it's right in the word. It's a tournament. It's sports. So there's a sports aspect. So I like to I would love to beat a field like this. Of course I would, because it's not possible that it's only luck. So then you know that you have, of course you need luck. There is the luck factor. Yes. It is in poker. It is there, of course. And then you have to suck out at some time, and it has to be. But that's what I love. I love the atmosphere in a tournament room. I sometimes put on the sound to fall asleep, because I love this stuff so much. I can still remember when the chip shuffling? I came into the Rio the first time. Yes. The first time, it was 2006 or 5 or 6. I opened the door and I heard this. I get goosebumps. I'm thinking me too, just thinking about it, yeah. And it was so amazing. And you can't recreate this as a cash game. It's simply not possible. It's true. I'm way ahead in cash game. And if I'm playing at home, I hate playing tournaments, because it is always like, oh, come on, really, really. And then besides that, I play cash game, and I always start with 50 euro, and at 500 I stop, pay out, start again with 50. And while I'm waiting to finish the tournament, I'm playing cash game, and okay, I have to cash out. So, and I'm a player at cash games. For example, I came to Vegas and I played the German tourist. You know, hello, I'm Olli. I'm the German guy. Can I order a beer, please? Oh, hello. I love it. Yes. And I did go to the waitress and I told her, hey, so you know me a bit. Here's the tip for you, and I gave her $20. She said, I didn't even bring you a drink. And I said, I know, but you will bring me Red Bull. But I will order vodka Red Bull. Oh, amazing. What a great play. I know that your shift is over in 2 hours, and I go to your friend, I give her $20, and we will do this, and I will order Corona, so that they think I'm a totally German asshole, drinking too much, and it worked so well. So good. So well. I love that. I think it was the third hand, I sit down, ace king, and I said to myself, okay, now I have to do really something stupid. And I went like, okay, oops, and call, anyway. And they gave me their money. They gave me their money. They just, here, Ollie, take it. It was amazing. That was fantastic. I had so much fun. Of course, yeah, because you're like, this is the game within the game. And the waitress is always like, here, Ollie, your vodka Red Bull. Yeah. I liked it a lot. Yeah, that's fantastic. I've been to Vegas and I played on 4th of July. Oh, yeah. I get up at, I think it depends on what you like. I think 12 a.m. Yeah. Everyone was drunk. Right. I took a shower, sat down. Hey, where are you from? Germany. Oh, you're celebrating with us. You're great. I stood up with so much fun.
during a hand, and I knew I had the nuts. I had the nuts. It depends. If you don't like making content. He asked me, can I put out some dollars because I think I'm good. He wants to play from behind. Yeah. And I asked the dealer, is it okay? And he said, whatever you say, it's your game. I said, how much do you got? He said, yeah, 500. And I said, you can do whatever, but I'm good. I'm really good. He said, I don't care, I'm better. I got the nuts in my hands. I had the nuts. So, yeah, he put out 500. I showed him the nuts, and he said, oh, you're really better than me. Anyway, let's celebrate. Beer. So it was exactly like this. That's wonderful. Those are the games you want to play in. I like it. That sounds like a dream come true. Wie viele Bullets will Felix spielen? Klangbar? Ich weiß es gar nicht. Aber 1, 2, 3 bestimmt. Also wenn es heute nicht klappt, auf jeden Fall morgen. Oder vielleicht, wenn noch Rebuy ist. Schauen wir mal. Ne? You play the wrong cash game tables, Jim. Yeah. I was playing the wrong tables last night. These guys just kept cleaning my clock. I was like, that's it. I'm going back to 1-2 where I can win a little. We can try that right now. That's another thing. I always stayed with 1-3. 15-minute break. Yeah, yeah. And I'm good with 2,000 and 1-3 in the morning. Your belly is full. You had so much fun. You played for 6 to 8 hours. The only problem with 1-2 and 1-3 is that they pull so much rake out that you really have to have a big edge. Typically, they're going to be raking the same amount per pot whether you're playing 1-2 or 2-5. You're right. 2200. Also, Felix is in a hand. Felix is in a hand. Let's go get it, Felix. Blind versus blind, looks like. Hell of a board for blind versus blind. Yeah. He can represent all those 3s and 4s and 5-6 spades and hands like that. Fast call. Quick call, I was going to say the same thing, yeah. Flush does come in. Check. Check. Let's see. That's something, otherwise you wouldn't check back. Yeah, there's that 4. I like the bet from Felix there. He's got a lot to protect against. There's no good cards for him on the river, so putting that bet out on the turn gives him a good chance to win that hand. So we have 14 minutes to go. In 14 minutes there's a break. In 14 Minuten ist eine Pause. Für 20 Minuten, dann haben wir nochmal 3 Level, dann there's a dinner break. Dann gibt es ein Dinner break für 60 Minuten, also ist noch genug Zeit. Und wir haben das jetzt einfach mal ein bisschen verlängert, so we went a little bit more further than we thought we will. I hope it's okay for you. I enjoyed it. Oh, I've been having the time of my life. I'm so glad. We still have 14 minutes to go, don't worry. But all right, I'm excited. I enjoyed it a lot. And I think we should do something like this more. I think we should. Yeah, this is like, I live for this kind of fun. And you're a great host, my man. Yeah, I appreciate this. Thank you so much. It's true. 18K at Felix. I think so, yeah. He just lost a bit. All in. Oh, we have an all in. Knüppel is one of our mods. He always knows exactly. If we ask him how much, he's a technician. He's always right. It's amazing. Love it. I love it. See, here we go, a classic flip. Yeah. You know, it's exciting, but it's not novel. Yes. All right. Jack's one. Now, rare. I have to say it. That's how you play Jack. That's how you play Jacks. Oh, right. I think I've said it 1,000 times. So, yeah, I know what you mean. I know what you're coming from. Jim, what's your LT earnings? Lifetime earnings? I checked online recently. I think I'm at about 100,000 online winnings. Live, probably about 55 or 60. Since the day before yesterday, a bit more. Oh, I guess so. Yeah, that's right. That's right. But again, winnings are kind of not a great way to track your success as a player, because it's really about how far are you ahead net. What have you invested? What are the buy-ins? You really have to look at what are your winnings minus your buy-ins to give you a sense of if you're a profitable player and how profitable you are. So I'm comfortable
stating that I'm a profitable player. It would be hard for me to estimate my net winnings, but yeah, hopefully that we're going to raise the ceiling a little bit this week, so that'll be something. Cash Games sind halt irgendwie entspannter, jedoch kann ich bei Turnieren richtige Stories verstehen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Cash Games are a little more relaxed. Yes, they are. Tournaments tell a story, he says, and this is, I don't know the German translation. It's from dishwasher to millionaire. Oh yeah, like from pool boy to president, that kind of thing. Okay, Yeah, same thing. Yeah, and that's that, like we were talking about, the narrative of the tournament. You know, that exciting story that you get to be a part of. That is, you can only have that in tournaments. For example, that was the moneymaker thing. It was, he qualified with a $22 satellite for the main event and chipped the main event. Amazing. Nowadays you can qualify. Okay, here it's really happening. Looks like Felix opened from the button. There was a 3-bet from the big blind. And Felix has shoved. Pulling for you, Flix. Gets the fold. And you can see how important that is. You know, he picks up 4,000 or 5,000 right there. That's a significant portion of his stack. These pre-flop 3-bets, once the antes are in the pot, winning these pre-flop hands, picking those small pots up, they end up being, you know, 1/8, 1/7 of your stack. Being able to add that without having to actually go to showdown is really valuable. Yeah. Green is 5K. Yes. What or when are you playing in Dublin? I've been playing all the side events. I played the 6 Max on Monday night and took 6th place for 4,700, which was a phenomenal result, and I had a great time with that. I played the Americans Cup and busted that one, unfortunately. I played the Hennen Mob and busted that one as well. I might play the Mystery Bounty tonight. I'm looking forward to that. And I'm going to play the main Day 1D tomorrow, which I'm really looking forward to. Good luck. Yes, thank you. Thank you. That would be a really good one. Pure Science, our champion from 2011, hat's auch hinbekommen. He made it, yes, and he played so aggressive. He was 22. It was the aggressive playing time, as we talked about. Yes. But I can remember, I think about when 30 players were left, he hit a 1-outer on the river. Oh, wow. This is the luck factor. Yes, yes. You need this one thing. He played aggressive. He made a good aggressive game. But this one thing, I'm not sure because it's so long ago, but I think it was the 1-outer, 30 left or 40 left or whatever, and I watched it live. And I was like, oh, Jesus Christ, really? Did this? That was the first time I said out loud to a friend, he's going to win. Yeah. This is the point. He's going to win. Yeah. And he did. So you need this one. You need it. You do. No one wins a large field tournament without laying a bad beat on someone. Yeah. No one. It doesn't happen. Yeah. You have to. Unfortunately, it's just part of the game. I think they have a different Jim Reed in mind. I'm guessing a different... Hello, Jim Reed. That would be nice. My best friend. And something that you were talking about earlier, Ollie, that I want to just touch on before we go. Oh, we got another hand here. Okay, hold on. Let's see. Felix on fire. Ace. Check. 6. Two-tone. That's the way I bet. And he told me, don't do that. Think more long. Take Oh, no. Take 2 chips. And now what he's doing? 1,000. Check. 5. Might get another bet from Felix here if he's trying to charge a draw. Usually size up on the turn. Yep. 4,000. So he's really just trying to give his opponent the wrong odds to continue here. I like it. But he knows what he's doing. Oh, yes. Yeah. I think the
great players like Felix, they know when to use small bets and when to use big bets. That's a huge advantage. And they got called, go to the river. Ooh, I don't think he wanted to see that club. Yeah, me neither. Or he wanted to see the royal flush incoming. Yes. One time a royal flush for the camera, please. That would be nice. Let's see. There. Yep, that's it. Oh, wow. Oh, what a terrible turn. 2-pair. Very well disguised 2-pair. I know. Well, I mean, Felix played that perfectly. He was value betting. Yeah. Actually thought the 6 was a good card for me. Yeah, no, I did too. Usually. Yeah, still got plenty of chips. So big. Yeah, that's why I bet so big. Right? Yeah. Well, you know. Dublin just to fold the 6-5, didn't you? One pair on the flop, you know what I mean? I would never. Yeah, Robert just says this is the Glücksfaktor, the luck factor. Yes. With poker, an amateur lucky card can beat a pro, but not all the time and not. No. Not it's. But once. But it is one of the things that makes poker great. You know, if you're playing chess against a player that's much better than you, you will lose 1,000 matches in a row. If you're playing poker against someone who's better than you, you have a chance to win those matches. And it's part of what makes poker And great. he knows that. Yes. That is the great thing. Yes. He knows that. Yeah. He knows that, and that maybe is exciting for him too. Because if you're the best check player, whom do you have to? It's true. There are maybe 2 people you can play against. That's right. But with poker, it's different. So even the champions have to think about what they are doing. So. That's right. I like that. That's a great point. I love this. I love this. I It's love like this so much. Alexander wept for there were no more lands to conquer, right? Yeah. Oof, look at that board. Queen, Queen, 8, King. Hallo, meine Tochter und ich schauen gespannt zu. Liebe Grüße von meiner kleinen Zoe. Hallo, Zoe. Don't rush when he's It's just said she and her daughter are watching us Ah. in German. You're watching English. Learn, Zoe. English is good and important. Yeah, but 1, 2, 3 is about as far as I get in German, unfortunately. More than enough. German is so difficult. So difficult and so over. I cannot even imagine learning German. It's like learning French. Yeah, it's especially hard. Languages are so much easier to learn when you're a child. Much harder to learn when you're older. I see the answer of all questions on the dealer's tablets. Actually, yes, 42. The answer of all questions. Oh, I love that. A Douglas Adams fan. That's fantastic. Great call out. Great call out. Give that person some kind of award. I love that. In fact, I'll tell whoever was that. Norisco No Fun. Send me an email, jim@rec.poker. I'm going to send you something fun for bringing Douglas Adams and the Hitchhiker's Guide to the Galaxy up. What a great call out. Email me, jim@rec.poker. We'll send you something. Great. What a great idea. Love that. So I know we've only got a few minutes left, Ollie, so before we go, and thank you again. This has just been such a pleasure, man. For me, for us too, right? Chat, can we have some love? Chat. Please, for Jim. Give him some love. The last thought I want to leave people with is that it's actually okay to not be a winning poker player. This is a hobby. This is a game that we enjoy. Like we said, going to the movies, going bowling, bird watching. These are things that we do for fun. And if there are expenses associated with that, professionals need to have a bankroll. Hobbyists can have a budget. And a budget and a bankroll are 2 very different things. You don't, like you said, save up $5,000. You go down to Vegas, you're expecting to lose it. It's a budget. Have fun. Spend it. Enjoy it. Have fun spending the money you don't need. On this thing that you love. Yes. Spend the money on a thing that you love. And you never know. Maybe you're going to get lucky. Maybe you're going to, develop some skill at the table and become a much more... the email address is jim@rec.poker. Yeah, please send it. I'd love that. And you don't give your money to the bank. Right. Poker. So some, a bit, but not all of it. So
So don't be afraid, even if you're not a winning player. That doesn't, most players are not winning players, but that doesn't mean that you shouldn't enjoy it. And there's nothing wrong with having a budget for this hobby that you enjoy. So keep loving poker. Keep loving poker. Don't stop loving poker. And if you're ever feeling down and you need a little lift, a little encouragement, email me, jim@rec.poker. I love talking to recreational poker players about the game, and I'll never turn you down. And make a break, like we're doing in 1 minute. Make a break. Just do it. Where are you from? So, ich würde jetzt hier gerne die Vorpauseninstallierung anmachen, aber es geht nicht, glaube ich. Deswegen lasse ich es lieber. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank. Wir können mehr Herzen eigentlich in so einen Chat reinposten. Ne? Ist das alles an Liebe? Is that all the love you have for us? Thank you so much. Thank you for nothing. So, we'll have a 20-minute break. Wir haben 20 Minuten Pause nach dieser Hand. Das heißt, Absolutely honest with you. Yeah. I hate this because I'm honest every time. 17, 18, 10, 18. Raise 1100. I like that. I like that mindset. It was a pleasure. Thank It you really so was. much. I'm so glad we met. This has been the highlight of my trip. Well, okay, the 6 max was my highlight, but this is like top 3 for sure. No, I really did enjoy this. You're a wonderful guy. Thank you so much. Thank you so much. And I'm so appreciative of the chat too. Some wonderful folks there. Jenkins, I don't know. You look amazing. Every one of you is looking amazing. It's just you can see me, I can't see you, but you're great. So, see you in 20 minutes. Thank you so much. Go to your wife. That's it. All right. Thanks, everybody. Hope to see you again soon. See you guys. Steht da drauf? Die Vibration an der Lippe. Ich hatte vorhin eine lustige Geschichte. Jemand ging in einen Bereich, in den er nicht gehen durfte, und ich sagte, Entschuldigung, wo möchten Sie denn hin? Auf Englisch bitte. Oh, wir haben Race auf 4200 und Felix geht aus dem Smallblind sofort all in. Das sind 10, 20, 25. Das sind 27, 28. 30.000. Noch etwas über 30.000 habe ich verstanden. Noch ein All-In. Asse. I had a Könige, suspicion. really? I had a slight suspicion when you were asking for a count. Nein, es kommt jetzt einfach mal der König. Ist ganz einfach. Pass auf. Pass auf. Okay, 9 for the sweat. 9 of diamonds? No. Jetzt König auf dem River. Can I Und also alle. take a king? Oh. Okay. Echt jetzt? I think you got more than me. Yeah. Race vom Button, Small Blind Könige, Big Blind Asse, really? Hopefully. He covers? Really? No, Honestly? spin is finished. Ai. Fabi. Ich bin vor dreiviertel Stunden oder so und dann hier reingehüpft, ja. Läger ein bisschen eher, aber ging zeitlich nicht anders. Wir sind da spät angekommen. Noch Airbnb, Sachen reingepackt, noch was gegessen und dann, ja. Sonst wäre ich auch schon eher dabei gewesen, weil man lässt sich ja so ungern entgehen hier. Ja. Man will ja eigentlich alles mitnehmen. Man möchte eigentlich nur spielen hier. Ich habe gesehen, nach dem Eureka Highroller-Win bist du auch sofort weiter, direkt rein ins nächste Event. Ja, ich kriege immer Sucht nach Karten irgendwann. Das ist ich meine, ich fühl's. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich meine, ich habe zwar keinen Highroller gewonnen, aber ich will trotzdem immer wieder rein. Ja, so ist das. Hilft nichts, ne? Wir müssen immer weitermachen. So ist das, ja. Das ist unser Leben jetzt, haben wir uns ausgesucht. Ich denke auch. So, dann good luck im Big Blind jetzt. Hier. Danke, ich gebe mir Mühe. Okay. Jeder ein Basten. Oh, that's me. There we go. Can you just crowd out and just shoot from here up? Right. I'm just gonna scoot in a little bit more. It's so hard to suck it in from that angle. Well, hello, Germans. I was near your country hours ago. I was in Holland, which is near Germany. It's quite near Germany. Really close. Yes. Touching, I think. Almost? Yeah, Not quite? What's in between them? It is. A very fierce rival. Belgium is in between. There's a little bit of touching. Okay, great. And
I haven't eaten in 24 hours. I haven't slept in 36 hours. And I was just expecting to come dust off 350 euros of PokerStars money real quick. And that's what happens when you do that. But here's what happens. Yeah, here's what happens when you do that. I want to show over my my Paddy Power glasses. And I'll tell you what, they work. I can't see shit. Die Euro. Joe ist all in. Joe ist all in mit Dame 7 gegen Dame 7. Same hand. Flush Draw für Joe. Kommt leider nicht. Teilung. Komm, wir singen jetzt mal. Für Joe. Einmal singen wir für Joe. Everyone loves the chop pot. Oh Gott. Jetzt könnten wir mal für Joe Everyone loves the chop pot singen, ey. Das war schon nicht schlecht, oder? Der ist nämlich gerade all in. Gerade recht. Timing Fabi ist ist ja all perfekt. in. Fabi ist all in. Mit ganz viel. Mal gucken, dass du ihn auch im Bild hast. Call. All Es in. gibt einen Call. Das ist ein Monster. Das ist ein Call. Ass Bube gegen Ass-Bube am Button. Sechser. Fabi mit 6er. Müssen wir halt einfach halten jetzt, ne? Flip, Leute. Wir denken an ganz viele kleine Karten. 2, 3, 7 kommt der Flop. 2 in Kreuz, 3 in Karo, 7 in Herz. Okay, knapp daneben. Aber die 6 kommt auf dem Turn. Hier ist die Kreuz 6. 8 vor dem Geld. Und hier ist die Kreuz 6. 6. Keine 6. Und dann auf den Spieler. Schade. Mehr als wir. GG. Schade, schade. Seed Open bei Fabi. Fabi ist raus, Leute. Ja, wir sind im Geld, Leute. Congratulations. Thank you so much. This means the world to me. I'd like to thank everyone at this table. I'd like to thank my parents. I'd like to thank the good people at PokerStars. I'd like to thank my co-host, James Hardigan. It's just such a dream come true to be a PokerStars ambassador and to cash in my first official tournament as PokerStars ambassador. And I'd like to thank Finton, Spraggy, that guy over there. You believe in me from the very beginning. We were in this together from the beginning. So, okay. Thank you, Joe. Applaus, Applaus, Applaus. Das ist der Call. So, Showdown. King Queen versus King Queen. Joe hat King Queen mit Aber Spades. Joe hat Herz und Pik. Das heißt, er kann 2 Flushes machen. Viel besser. Viel besser. So, da ist schon mal ein Herz. Ah, das wird langweilig. Langweilig. Boring. Ist schon geklippt. Aber das ist Awesome. Und hier sehen wir Vanessa Kate. For the US people, here is your US Queen 4, King 5. 4 gegen King 5. Da ist die 4. 4 ist doch. Und Turnkarte ist eine 2 mit Sweat. River, Hold, 10. Ace. Nein. I love and hate poker so much. Vanessa Kate ist somit eliminiert, glaube ich. Kate has been eliminated. GG und Seed Open, Vanessa Kate, Leute. Wamboozled, the most famous In den Chat. GG. in der Hand. Herzlich willkommen und ich hoffe, ihr hattet einen guten Grind. All in 5 Dame. Und der River ist ein Bube, das heißt 5er stabil. Oh, Double Up. Da hast du gerade mal den Run gut gebracht hier. Richtig geil. Nice. Also wenn das gerochen hat. Cool. Wow, da ist Joe, aber mal das Herz in die Hose gerutscht. Oh, Joe ist all in. Leute, Joe ist all in. All ins in den Chat. Und da ist der Call. Of course he will win. Ja, natürlich. All in und Call. König Bube gegen Dame 7. Wir brauchen Dame 7 oder easy. Pik. Dame 7 oder Pik. Come on, Spades. come on. Spades. Spades. Spades, Spades. 7. Der Bube ist leider auch da. Pik. Und jetzt kommt die Dame. Dame auf dem River. Und 7. That's it. Nein, 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 nein. Nice run, Ei, Joe. ei, 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 ei. GG. GG. 8.000 Euro. Oh. Nice. 8.000 Euro für ein Investment für 350. Joe Stapleton ist eliminiert auf Platz 4 für 7.980 Euro. Congratulations.
G. Mann. Ist jetzt Story noch schnell oder was? Ich mach mal kurz ein Bild. Copy. Thank you very much. Anybody who's still sticking around, thank you so much. I appreciate it. Pretty good score for me. I don't think I did anything wrong there at the end. It feels like I had no chips left. Suited queen felt like the thing to do. These guys, look at them. Obviously, tons of chips. Very skilled poker players. They're going to play for the big money. But this is meaningful for me, and for the three people. So thank you. Thank you. GG. Nice play. I like this guy. The other dilemma is, are you doing it for the camera, or are you doing it because you... Aces, kings, I block kings. I block kings. I also block ace king, I also block a flush draw, which sucks. Go with the guts. Yeah. Bauchgefühl hören. Why overbet when I have spades? Like... Komm, Felix. Shoulder bluff. Afforded. One time. I'll show the camera. For the camera. So, Chat, guckt. Aces. Aces. Oh, Aces in the Chat. Nice. Ich sag ja, blufft ja niemand in dem 200 Fuck you now. I had spades. So, Kotek. 2000 race. So, wir haben ein Race auf 2000. All in and call. All in and call. Wir haben Ace, Jack gegen Kings. All in. 5, 7, 10. That's a good sweat. I'll take the sweat. That's fair. Noch eine 10. Wir brauchen Clubs oder ein Ace. No. GG. I ran good. Yeah. What can I do? Nice playing with you. Nice playing with you guys. I hope I'll be back. So, wir gucken. Oh, this one also? You want everything? You want the card as well? No. By the way, this is the feature table now. We're live on. I'll give you one too. Oops. Thank you. This? You got one over there. You got one right to your next. So, there's. Oh, no, just pass it on. Take this one. Yeah, perfect. so will we be able to see your whole card? No. I mean, yeah, we're signaling. Okay, guys, please. Oh, wait, that's it? Okay. Well, it was nice. It was nice playing with you guys. We never liked you anyway. Sehr gut. Gebt die Karten zurück. Wir haben eine begrenzte Anzahl von diesen Karten. Auch schön. Schön gebracht. Ja, dieser Tisch wird jetzt gestreamt auf Twitch. Ach, okay, Tisch wird gebrochen. Wiedersehen. Direkt gebreakt, der Tisch. What's happening? I'm all in. Felix ist auch all in. That's an under rails, is it? So this is All ins in den Chat. all in. 12. This is 18, so minimum rate is possible to do it. Yeah. And he did it all in right now. Okay. Around 40. Yeah, but he has more. Pronouncing your hand. No. Turn over? No, here? Chat, not chat. Decision on He's still in the game. Oh, I didn't know. This is a race. Oh, I didn't see the chips. I thought he was all in. Oh, fucking hell. Oh, shit. Okay, I screwed up. I completely screwed up. I didn't even see. 40. It's around 40. No. You shouldn't say anything. Give me all. Yeah, sure. He's around 40. 20, 40. I was like looking over here and saw like 40, no chips at all. 41 to 100. The one seat is trouble. So, meine Lieben, und das sind die wunderbare Vorpausen. That's what I thought. Yeah, it's not your fault. It's not your fault. No, it's totally my fault. It's always my fault, of course. No? 41 2. Yo, stay there. Good luck. You call. Call, yeah. Call. Now we can. Every trick.
Pocket tens, yeah. King jacks. King jack. So, Wow. okay. All overs. So, King Jack gegen Ace, Queen gegen Tens. Wir brauchen Ace auf Queen. There's the overcard. You don't There's mind, the you king. don't mind him winning. Ah, you don't Another mind him king. winning. so that. Ace or Queen? No good. You lose the two of them. Here's your cover. Und das Ich habe war's. die Chips nicht gesehen. Ich dachte echt, du bist all in irgendwie. Krass. Weil hier eins zieht ist echt krass. Na gut, aber. You made a mistake. Alles gut. Felix. Na, er hat, Kotek das recht, er hat das Race nicht mehr gesehen. Aus dem Small Blind. Deswegen ist Einen wunderschönen guten Morgen hier live aus dem Kings Casino in Roswardorf. Mein Name ist Felix xflixx Schneiders und ich begrüße euch herzlich hier zur PokerStars Eureka Poker Tour. Welcome everybody to the big lucky spin. My name is Felix xflixx Schneiders and I'm gonna be the presenter of this amazing game show where one lucky online qualifier will be winning a regional tour ticket. So this is all of the online qualifiers for Eureka Roswardorf. We're here live at Kings Casino at Eureka Roswardorf, and one of these lucky guys or girls will be winning a regional tour ticket, and I will spin who will win. Here we go. And the winner is very close. Zbigniew Kores. Congratulations. You win a regional tour ticket you can use for any regional tour. Congratulations and good luck on your regional tour. Sehr witziger Table-Talker. Pocket 8er gegen Bube 9 suited. Es ist ein Flip. Die 8er müssen halten, Leute. Hier kommt der Flop. Date with Gut, sieht gut aus. Und die 3. Und die 3. Ja, die 3. Die 3 in den Chat. Die 3 in den Chat. Genauso soll das sein übrigens. So, darf es losgehen? Das war Schuster, hier ist mir verdoppelt. Super, Mensch. Schuster Jasmine. Ja, super. Jetzt der Pudding jetzt dran, würde ich so. Ja. So. Oh, Ruhe, wir spielen Hand, Leute. Jasmine ist all in. Dopamine. All in. Und Call. Sie hat 9er. Starsnuts. Starsnuts gegen... Oh, jetzt kommt die 9. Jetzt rufen wir... Denken alle mal die Starsnuts in den Chat jetzt. Los, alle Starsnuts in den Chat jetzt. Für Jasmin. Let's go. Hier kommt die 9. Hier kommt die 9. Da ist sie schon. Oh, Entschuldigung, auf dem Turn kommt sie. Hier ist die 9. Fast. Jetzt kommt sie auf die 9. Die 9! Oh. Sad. Ach, schade. Aber sie hat noch was übrig. Sie ist noch nicht ganz... Ein bisschen Table Talk hier. Da ist der Call. König 9 in Karo gegen 7-8 in Pik. Da sind die Live-Cards am Start. Doable auf jeden Fall. Halten. Oh, sehr guter Flop. Einmal Und die 3. Nein! Und jetzt der Bube. Bube! Ja. Ach komm. Das ist doch nicht wahr. Der Flop war doch sowas von safe. Der war doch sowas von safe. Jasmin ist gebastelt, Leute. GG für Jasmin. Call. Da ist der Call. Pudel zeigt Ass, Dame, Offsuit. Gegen Dame. Domination Nation. Hold, Junge. So, hold. Hier kommt der Flop. Bube 5-4. Und die 3. Schwieriger Turn. Und die 3. Ja! Sehr schön. Pudel doubled. Sehr schön. Nice, beautiful. Schöner Double für Pudel. Richtig geiler Spot. Auch die Tüte. Da hat einer gestern übertrieben. Das ist sogar gar nicht so wenig. Ja, waren wahrscheinlich schon vorher noch 200k, oder? 176 liegen da noch, ne? Okay. Lass mal halt einfach mal die Tüte spielen. Auch nicht schlecht. Was waren das? 232k. Ist das Chris Bütz? Ist das Chris Bütz? Nee. Ich hab den noch nicht gesehen und der war heute Tag 2. Ich hab den noch nicht einmal gesehen hier. Stimmt, wir haben Chris Bütz noch nicht gesehen. Such sie mal bitte. Tüte gewinnt. Eureka Roswardorf wird gewonnen von der Tüte. Stell dir mal vor, ich wird so Vierter oder so, einfach so random. Wer ist das? Wir sehen den Namen. Ja, ist irgendwas, nicht Bütz auf jeden Fall. 232k. Die Trophäe geht an die Tüte. Manuel macht Siegerbild von
der Tüte. Das ist eine Vorpauseninszenierung. Vorpauseninszenierung ist immer die letzte Hand vor der Pause, weil da gibt es immer Eskalation. Ach so. Ja, wir hatten schon im Stream, wir hatten so geile Hände, die schon so krass eskaliert sind. Verrückt. Das Geilste war in Prag, ich setze mich hin, wollte schon aufstehen, alle wollen auch schon aufstehen. Dann sagt der Dealer, nee, eine Hand noch, 1 Sekunde auf der Uhr. Und der UTG-Mann, der gerade UTG sitzt, sagt schon, ach wirklich jetzt, ich wollte gerade gehen und sitzt schon so halb auf dem und guckt dann so, okay, Race. Ich dann irgendwie, Patrick Jarosch callt neben mir, ich finde Asse, Squeeze, er so, direkt Snap All-In. So Call, Könige gegen Asse. Erstes wieder. Oh ja, Pudel ist Race All-In. Ne? Pudel ist All-In. Pudel ist All-In for the win. So genial, ne? Vorpauseninszenierung. Da ist der Call. Snap Call. Pudel zeigt. Assbube gegen. Nein. Die Hand will er nicht mehr gedealt kriegen. Check. Und? Check it in. Ach, come on. Queen 10. Oh. Und die Dame. GG's. Nein. Da war die Vorpauseninszenierung, die nicht gut ausgegangen ist. Das war keine. Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Kings Casino. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Tag 1e und 1f. Um 10 ging es schon wieder los zum Kartfahren. Und links neben Felix, unser Freund mit der Maske. 180. Drei bittet Felix direkt mal auf 1-3. Jetzt einfach 4 Bett schaffen. Kappa. Felix hat Entscheidung. Ja, wir gucken uns das erst. Oh, wir spielen eine 4-Bet. 4-Bet out of position gegen den Button. Auf 4.007 oder 800. Tagchen auch an Carsten Schelle. Sehen's da. Wen haben wir noch da? Heiko, natürlich bester Mann. Dark und Didi. Universal Blockchain, Artful Vibes. Sagt 471k, 378k der GHJ 2424. Carsten Schelle sagt 59.999. Das wäre Double Start Stack. Und Felix kriegt die 5-Bet und muss wegschmeißen. That was not a good start. Oh. I should not forbid the guy who's watching on that. Dann nehme ich 1,553. Oh, 6. Oh, somebody saw. Oh my. Und damit herzlichen Willkommen zurück zur Irish Open Main Event Day 1B. Hallo! Hallo Chat, die haben mich hier hingesetzt. Ich weiß auch nicht warum. Aber, ja, seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Hallo, ich hoffe es geht euch allen gut, das hoffe ich auch. Ihr könnt mir ja mal kurz Feedback geben, ob ihr mich hört, ob ihr mich seht, bevor wir zurück an den Tisch gehen. Warte mal kurz, ihr seid alle eingeschlafen. Niemand mehr da. Hallo, hallo, hallo. Mein Name ist Sava. Ich darf heute ein bisschen für euch kommentieren oder jetzt zumindest mal erstmal für ein Level und dann gucken wir mal weiter. Schön, dass ihr alle da seid. Wir befinden uns an Tag 1b im Main Event. Die Blinds sind jetzt bei 300, 600, 600. Start Stack war 30.000. Es sind noch 515 Spieler von 728 verbleibend, aktuell noch. Wir haben ja noch ein bisschen Late Track. Und ich würde sagen, wir schalten mal rüber. Da ist der Tisch. Unser Kameramann ist auch schon da. Hallo Pai. So, ja, unser Stream wird ja auch gesponsert. Deswegen erstmal ein ganz großes Shoutout. Kotek, schreibt es euch schon rein. An Power Poker, an Race Your Edge und an Much Better. Danke für Wenn den ihr Sub. mehr Infos haben wollt, Auch du bist dann jetzt könnt ein ihr gerne mal Teil auf die des Links Grind-Imperiums. draufklicken, die euch da reingepostet wurden. Und vielen, vielen lieben Dank, StormXL, für dein geschenktes Sub an Pie-Face Poker. Pi, you're a sub now. Congrats. Und danke StormXL für deinen Sub. Wir hören dir gut, das ist super.
Wo bist du eigentlich? Ich habe gehört, du kommst heute, Nano Monty. Finally sub, Pi. Now you can spam the emotes. However you like. Kotek musste ich, glaube ich, gerade noch justieren, Platz finden. Wird weggedrängelt. Wie auch immer. Wie geht's euch? How are you? How are you, chat? Are we mostly speaking English or German? Let me know. I can do both sometimes. Du gehst am 21. Um 21 Uhr. Fliegst du los oder kommst du an? Oder bist hier vor Ort? Genau. Ankunft, das habe ich mir auch gerade gefragt. Heiko, er ist draußen. Da wird jemand gesucht und geschrien. So, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir befinden uns gerade in Dublin, im schönen Irland auf der Insel und spielen das Irish Open Main Event Flight 1B und Felix raced erstmal auf 1200. Ah, okay. Also Ankunft ist um 22:20 Uhr Casino Tanzania. Also es kommt direkt vom Flughafen hierher. Wow. Wir haben einen Caller im Cut-Off. Small Blind bezahlt, glaube ich, auch, wenn ich das richtig sehe. Und Big Blind hat auch bezahlt. Ich habe es nicht gesehen. Kojak war gerade abgelenkt. Ach so, es war eine 3-Bet auf 5200. Okay. Und alle folden. 3-Bet möchte keiner bezahlen. Pot geht in den Small Blind. Hallöchen, Ronny. Lass lieber da, ich komme direkt darüber. So, wer ist denn alles da? Ich bin ja gerade erst gekommen. Ich habe noch gar nichts vom Chat mitbekommen. Ich habe auch gar nichts von Felix mitbekommen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe ein bisschen gearbeitet und mich um den Feature-Table gekümmert. Ach, Hotel ist direkt dran. Bist du in meinem Hotel? Mein Hotel ist auch direkt hier um die Ecke. Hallo Yogi. Hallo Ranger Joe. Ja, sagt doch alle mal Hallo. Hallo Knippi. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Geht's euch allen gut? Hier scheint heute ausnahmsweise mal die Sonne. Es ist so schön draußen, also auch längere Zeit. Normalerweise, gestern hat das Wetter alle 3 Minuten gewechselt. Das war der Wahnsinn. Richtiges Aprilwetter, obwohl wir erst März haben. Hi Hippoplasma. Erste Bullet. Ich glaube ja, weil er sitzt noch am selben Tisch wie heute Morgen. Wie gesagt, ich habe nichts mitbekommen. Und gestern, hat er gestern Main Event gespielt? Nee, gestern hat er ja den America's Cup gespielt. Also erste Bullet, würde ich mal behaupten. Hab gehört, heute wird eingetütet. Das habe ich auch gehört. Hallo natürlich auch an YouTube, wenn ihr bei YouTube zuschaut. Herzlich willkommen auch an euch. Schön, dass ihr da seid. Danke, Kojak, fürs Confirmen. Ich hoffe, auf YouTube, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, habt ihr abonniert, die Glocke aktiviert und uns schon 50 Millionen Daumen nach oben gegeben. Wenn nicht, dürft ihr das gerne nachholen. Wir streamen ja seit Paris auf beiden Kanälen und ich freue mich immer auf den ganzen Zuwachs. 3500. Small Blind spielt 3500 an und ich glaube, sie sind im Heads-Up. Small Blind gegen Button. Button hat die 3-Bet vorher gemacht und stellt jetzt den Small Blind All-In auf einem Board. Ich glaube, Ass 5 war das, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Ass 9, 6, 8, dankeschön. Da ist das Fold.
Der Food. Guten Morgen. Was steht bei euch so an, Chat? Habt ihr irgendwas geplant für heute? Seid ihr schon in Osterstimmung, Wochenendstimmung? Ich meine, wir haben Donnerstag heute, ne? Obelix, vielen Dank. Ich leite das mal an das Team weiter, weil ich mache hier literally gar nichts. Ich setze mich immer hier hin. Mir wird erklärt, welche 3 Knöpfe ich drücken darf. Und dann spreche ich einfach. Deswegen das Lob geht ganz, ganz klar an das Team hier, an Kojak, an Heiko, an Olli, an auch die ganzen Leute zu Hause, McFly, Wolfi, Cory, die ganzen Mods, Flo, Dennis. Wenn ich jemanden vergessen habe, tut mir das leid, aber auch du, an dich sei gedacht. Und ohne euch funktioniert ja schon mal gar nichts. Also auch vielen lieben Dank, dass ihr zuschaut, euch beteiligt, uns unterstützt oder die Jungs hier unterstützt, Jungs und Mädels unterstützt. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich leite das immer sehr, sehr gerne weiter. Hallo Gniese. Hab frei Wochenende. Nachtschicht. Was jetzt frei oder Nachtschicht? Das verstehe ich nicht. Hab geplant zu filmen bis 2:30 Uhr. Finde ich gut. Das heißt nämlich, dass wir eintüten. 282.000. Ah, da fehlt ein Komma. Ich habe freies Wochenende, aber jetzt Nachtschicht? Ah, okay. Boah, Urlaub ist auch schön. Hab frei, Wochenende. Achso, du hast jetzt gerade frei und am Wochenende Nachtschicht. Jetzt habe ich es verstanden. Feiertag morgen, aber. Ach ja, stimmt. Ist ja schon soweit. Morgen darf man auch nichts machen, ne? Ist das dieser Tag, wo man nichts machen darf? Ganz ehrlich, ich und Feiertage, ganz, ganz schlecht, weil ich habe mein Leben lang entweder selbstständig gearbeitet, wo es mich nicht interessiert hat, oder im Casino gearbeitet, wo es auch niemanden interessiert hat, ob wir Feiertag oder Wochenende haben. Eher im Gegenteil, Wochenende war immer Hauptarbeit. Deswegen, ich bin so schlecht, was sowas angeht. Feiertage, Urlaub, Wochenende. Yeah, I was just talking to him. I didn't do anything. Sorry, I didn't even know you were in the hand. No, I was in the hand, but I didn't do anything. You just ignored me. Danke, Jogi, vielen Dank. Hallo Thorsten, schön, dass du da I might not bist. watch Star Wars, but I'm still in the hand. Ich habe geplant zu supporten, Kojak bis 1. Naja, aber wir müssen bis 2:30 Uhr. Du kannst gerne dich dann zu uns gesellen. Hempi ist nicht mit vor Ort, nein, leider nein. Der ist zu Hause und lässt es sich hoffentlich gut gehen. Okay, Kojak wird entweder bis 1 Uhr morgens unterstützt oder belästigt. Ich hoffe nicht. Wir unterstützen lieber das Team. Ich freue mich immer auf Feiertage, da gibt es wenigstens doppelt Geld. Ja, das kenne ich auch vom Casino. Am besten Feiertage am Sonntag und dann Nachtschicht. Beste. Jetzt verstehe ich, warum du die Nachtschicht am Wochenende machst. Schlau von dir, Ronny. Schlau. So, Felix ist im Big Blind. If he was 2, I was gonna fold. Und es gab ein Race auf 1200. Small Blind bezahlt. Thank you. Es gab ein Race von UTG auf 1200. Small Blind und Big Blind bezahlt. Felix ist im Big Blind gerade. Cory, ich hoffe sehr, dass das so weit sein wird. Ich hoffe es so sehr, weil ich möchte gerne, dass du herkommst und wir zusammen ein Guinness trinken. Okay, also du darfst Guinness trinken und ich trinke was anderes. Danke. Besteht eine Chance, dass Ankit in Irland mal wieder mitmoderiert? Also ich habe ihn ja in Rosverdorf gefragt, nachdem wir unseren Stream hatten, den ich übrigens... Also ich habe diese Zeit mit ihm voll gefeiert. Das war so lehrreich und so interessant und ich konnte ihm so gut zuhören. Ich habe ihn gefragt, ob er darauf nochmal Lust hätte und er meinte so, ja, auf jeden Fall. Wenn er einen Day off hat, hier, dann kommt er mal vorbei. Also hoffen wir einfach, dass er heute eintütet. Dann hat er morgen vielleicht zumindest am Mittag frei, bevor er vielleicht irgendein Daily spielt oder sich komplett frei nimmt oder so. Also Daumen drücken. Der Flaumann im Hintergrund hört sich an wie Mike. Oh, wir haben hier jemanden, der heißt Phil. Phil macht die ganzen Aktivitäten mit. Das war gerade einmal refreshed, das hat ein bisschen gelaggt. Der macht hier die ganzen Aktivitäten. Der hat so eine geile Ansagerstimme und aber auch einen fantastischen Humor. Also Wahnsinn. Ist leider raus. Oh,
Da macht er halt noch eine Bullet. Schade, ist auch aus. We went to Edinburgh last year. And we are planning to go to London, UK IPT. You do the UK IPTs? We did a couple. Last year we just did one, and this year we want to do more. Because we usually do just the Eurekas, the European stops from PokerStars, and the EPTs. And this year we also want to do some UK IPTs as well. But I think there's London. Yeah. And there's Malaga. It's the mix. It's going to be a mix. Spass. Yeah, but I enjoyed Edinburgh a lot. That was cool, yeah. We were there in November last year. Yeah. So if you want to watch it YouTube, you go on to do where? You just go to YouTube and enter this GRND. That's our brand. Yeah? Yeah. And then he gives you option which tournament, yeah? No, that's not like, yeah, you can rewatch all the streams. But the live content, if you just go on the channel, this is the channel. This one. Yeah, that's where you come up with, yeah? Yeah, and then you can see live. Yeah. And this is the stream. Now we're watching us live. I see. But the previous streams you can all rewatch. They're all there. You can watch the previous ones, yeah. Ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ihr könnt uns auch auf YouTube folgen, so wie der Herr das vielleicht gleich macht. Ne? And on Twitch you can even make little clips, like 30 second to 1 minute clips, and send the link to people. 53. Ein 3-Bet auf 5300. What is the delay? 20 seconds at top, because we have no whole cards, so you're watching live. Wie viele Tipps hat Felix noch und was war Starting Stack? Also Starting Stack war 30.000. Wenn ich das so richtig gesehen habe, hat Felix noch so 14, 13 oder so, 12. Also ja, aber wir sind bei 300, 600, 600. Ja, 13.500. Ich habe doch ein Adlerauge. Mensch. Ja, also es ist noch alles drin. Es sind ja immer noch 20 BB. Über 20 BB, 21 BB, 22 BB. Damit kann man arbeiten. Knippi, ich sitze hier. Die Jungs brauchen dich vielleicht, ich brauche dich. Also doch schon, als Unterstützung und als Freund, aber zum Tipps sehen, das kann ich. Ich dachte erst, der im beigen Pulli ist Chia Le Boeuf, La Boeuf. Yeah. Same as PokerStars, when they do it live, you can really enjoy it. You know? But the other one is not really quality. Ach, du meinst auf Platz 1. Ich dachte gerade, du meinst nicht den, mit dem Felix sich gerade unterhältst, oder? Okay, ich gehe. Nee, Knippi, bitte bleib. Ich bin immer happy, wenn du da bist. 14. Usually, really no. Quality. Really good. Clear. I mean, I just looked at it. It's very good. Yeah. 15, what is it? 16 now? 15, 16? iPhones, yeah? Quality is insane. I was thinking of making a YouTube channel for myself to kind of broadcast my poker life and things like that, because I was thinking that, but I think it's easy to do it, isn't it, for the YouTube channel? It's not that difficult. It's not hard to create. Like it's probably hard to start building a following and to keep on creating innovative content. But the thing per se, it's something you can learn within a couple. It's easy to learn. Couple weeks probably. Yeah. I mean, how to make videos, how to upload videos, and so forth. One or two guys that they said to me they will help me out. But if you're doing it with the iPhone, it must be that easy. 1.2. 12. So, Felix. Haben wir jetzt bezahlt? Ne, Felix hat geraced. OTG plus 2, Big Blind bezahlt. Big Blind checkt auf den Flop 7-5 Ass. Gehen wir noch ein bisschen hier auf die Action ein, ne? War jetzt auch genug Talk um diesen Stream. 600. Setzt 600. Big Blind bezahlt.
die 3. Ist ein gutes Board für den Big Blind, muss ich sagen. Nicht so schönes Board für Felix. Deswegen gibt es ja auch Check, Check. Und noch die 4. Für den Big Blind ist das ein sehr, sehr gutes Board. Ich glaube, wenn er da jetzt anspielt, schmeißt Felix auch weg. Aber entscheidet sich für einen Check, Check, Check. 2 Paar gegen Bube hoch. 2 Paar, ne? Two-Pair gefloppt, oh wow. Aber da ist der Big Blind auch Schiss vor der Straße. Aber 6 eher unwahrscheinlich für Felix. Next break is dinner break. It's after 2 hours. Ja. Minimum verloren, würde ich sagen. Stimmt, ihr habt morgen Feiertag. Das heißt, der Großteil von euch hat morgen frei. Was macht ihr denn so am Wochenende? Ich kann jetzt schon verraten, was ich mache. Ich werde arbeiten. Das ganze Wochenende. Genauso wie das restliche Grind on Tour Team. 14. Alles versucht. Ja, also ich glaube, da kriegt ihr den auch nicht mehr raus. Und es ist auch sehr gefährlich, wenn man nur eine 6 braucht für die Straße. Schlafen und arbeiten. Ja, schlafen. Schlafen fand ich jetzt auch gerade gut. Bin krank und werde größtenteils rumliegen. Och, Kölsche Jung. Dann erstmal gute Besserung. Ich hoffe, dir geht es ganz bald besser und es ist nicht allzu schlimm. Check. Naja, euch zuschauen, was für eine Frage. Ja, stimmt eigentlich. Warum frage ich eigentlich so blöd, Yogi? Hast recht. Kenny Cologne, Daniel, hallo, schön, dass du da bist. Moin. Was machst du denn so am Wochenende? Fußball gucken. Läuft überhaupt Fußball? Ich habe keine Ahnung. Also, wenn Felix gewinnt, geht es mir schnell besser, aber no pressure. Ich finde, wir dürfen da ruhig ein bisschen Druck machen. Wir haben Dealerwechsel. Welcome. Thanks for having me. Hello. Yes. Always. Always Wait. welcome to Dealer. Yeah. Sepp scheint raus zu Yeah, of sein. course. GG. We appreciate your job. Where you Schade. from? Peace and Love seht ihr da. Yeah. Gerade den Walk of Shame Netherlands? machen. Yeah, just south of it. Right. And yourself? Ich gucke nur, ob er sich gerade direkt wieder einkauft Köln, oder was er Cologne. macht. The Germans, yeah. This is Germans, I heard. We had more Germans. 2 Germans at this table. Oh wow. Another one over there. And one Turk. Im Only one Kings Turk. fahren und dort ins Team verfolgen. Only one. Viel Spaß dabei. Am Samstag werden es 22 Grad und Sonne. Eieiei. Na, viel Spaß, Cory. Kann ich zum Grillen vorbeikommen? Habt ihr auch ein paar Zucchini, die ihr auf den Grill schmeißen könnt? Dann komme ich gerne vorbei. Mal eben rübergeflogen, weißt du? And that means you're doing well, or you're like just a nice guy? I'm a fish. But then you're a nice guy. I'm a fish. Da sehen I'm a wir nice guy. Theo von Behind. Sorry, der musste sein. Wer steht denn da? Theo und Heiko, Strack und Peace and Love, Brandon. Die halten ein kleines Pläuschen. Playing yourself down, mate. You're undervaluing yourself. Am I? Yeah. Okay, I did make. Osterpoker in der verbotenen Stadt und heute und Sonntag Fußball. Klingt nach einem vollen Wochenende. Osterpoker in der verbotenen Stadt. Wenn ich weiß, was die verbotene Stadt ist, wir reden hier von Düsseldorf. All the regs. Jederzeit inklusive veganer Option. Oh, ich komme gerne mal zum Grillen vorbei, Cory. Wenn ich frei habe und ihr zu Hause seid. Just Turk? Nice to meet you, Turk. Felix. Hat er gerade Turk gesagt? Habe ich das richtig verstanden?
Turk wie aus Scrubs, die Serie. Nee, Düsseldorf ist die verbotene Stadt, nicht Köln. Eine Diskussion fangen wir jetzt nicht an hier. Ich bin halt auch Kölnerin, was soll ich machen? How's it pronounced? Yusuf? Yusuf. Yeah. Mad Well, Turk. you I think I've heard the term Mad Turk before. Yeah, that's probably you heard it. Yeah, you probably didn't hear the Yusuf, but you heard the term, the Mad Turk. You know, that's me. Wo, Not wann, mad, wieso? but- Nee, wo und wann nur, nicht wieso. Wieso? Und wir brauchen keinen Grund. Spaß haben, Bierchen Come on, trinken, was Leckeres essen. Yeah, it looks like cake, but isn't. It's off-suited. I show the Ausweis. Leverkusen sind beides verbotene Städte. Ja, wenn du danach gehst, dann auf jeden Fall. Germans always have to show the passport for passing the blinds. Wir machen jetzt nicht die Diskussion auf. I have a big Wirklich. family in Ich mag Kölner genauso wie Leverkusener, aber Düsseldorfer mag ich halt ein bisschen weniger. Auch das ist I ein haven't been Scherz. Fulham, but I've been to Ich Hamburg. finde es schön, dass ihr alle da seid. Ich finde es Yeah, schön, dass there's wir a- alle aus there's a verschiedenen Eureka, Ecken there's a kommen. Eureka in Hamburg. Nicht Yeah, nur yeah, Deutschland. I haven't been actually for that Und because das ist doch schön, dass I wir don't auch know, alle my- eine gemeinsame I didn't Leidenschaft want my haben, die family uns to know verbindet. me that I'm Unabhängig playing poker. Playing poker? Yeah. Okay. von da, Don't wo show wir them the link herkommen. now. No, that's why I don't go there. Yogi läuft mal los. Der möchte auch beim Grillen teilnehmen. Yeah, if you had been there, you would have met me there as well because we were sitting. And if I was there, then they would have find out I'm playing, and most of them they don't know. They don't like that You kind of must thing. accumulate 100,000 in chips to receive a seat to the main event. Also, players, once that happens, once you accumulate the 100,000 in chips, please notify the floor staff immediately. All remaining chips will be dispersed between the remaining players at the table. Just a reminder, players, if you're involved in that main event satellite, it is a milestone event. You must accumulate 100,000 in chips to receive your seat to the main event. This is better satellite, you know, this. Ich habe mal den Floor im Hintergrund ausreden lassen, weil das sonst alles ein bisschen zu laut und zu Old viel war. style is Der hat no uns good. jetzt erklärt, wie ein Milestone-Event funktioniert, This one falls ihr es noch better, nicht quicker wusstet. and more Dann wisst ihr es aggressive jetzt. and more action and So. Bisher ist die Action ja eher moderat, würde ich sagen, an diesem Tisch. Aber dafür haben wir einen guten I think Table I Talk. win 2 pair I have. No? Ah, not Oh, quite. nicht nur Two-Pair, Full Tens House. always comes. I Ei, should It's ei, all the ei. tens, yeah. Yeah, I should know. Even more of them now. Yeah. All of the Every tens. hand. Yeah. 10. I didn't know that you had such a good hand with a bet. That's 2 pair, which is good. You had a jack, not a strong one. No, I didn't have a jack. I had small pocket pair. It wasn't that strong. I would have bet. There was a chance you would bluff. Yeah, I had pocket deuce. Ah. Der Herr neben Felix erzählt uns gerade, dass er auf dem Board I told you, check Two-Pair hat, and nämlich you 6 fold. und I 2, thought you weil er might 2 have auf der Hand four hatte. cards. I might be winning maybe. Aber das Full House mit 10ern war wohl ein bisschen besser. Heute Abend haben wir ja hier auch ein Mystery Bounty. Das ist aber nur ein One-Day-Event, was ich sehr spannend finde, weil ich kenne Mystery Bounties One-Day-Events nur von kleineren Turnieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier richtig voll wird. Deswegen weiß ich nicht, wann die dann zu Ende sein wollen, ne? Weil alle, die Main gebastelt sind oder Mini-Main gebastelt sind, die werden ins Mystery Bounty springen. Oder manche springen direkt ins Mystery Bounty, weil sie im Mini-Main und Main morgen auch noch spielen können. Also es wird spannend. Und ich weiß auch noch nicht, wo sie den Platz dafür hernehmen wollen, weil gefühlt ist der Saal voll. Also voll. Oh, da hinten sehe ich Griffin. Felix ist all in. Ich hab's nicht verpasst. Kojak.
Nicht wieder schimpfen. Ich hab's gesehen. Hallo Holger. Schön, dass du da bist. Oh. Wird bezahlt. Showdown. Wir haben 7er gegen Bube Dame. Ist das richtig? Ja, gegen Bube Dame. Dann hoffen wir mal, dass es hält. Oh, the sweat. Wir möchten eine 4. Komm, irgendeine kleine Karte. Auch okay, nehmen wir. Und jetzt eine 4. 4, 4, 4. Sehr schön. Da ist die 4 und da ist unser Double Up. Und Felix ist dann jetzt wieder bei 20.000, etwas mehr. Knüppel wird uns gleich verraten, wie viel er jetzt genau hat. Weil Knüppel zählt ja mit. Super. 7 erhalten, 7 ist zwar nicht gekommen, like always, aber hat gehalten. Nehmen wir auch. Sehr, sehr schön. Thank you. 2 tens again. Yeah. Always. Too many outs, das stimmt wohl. Is there a restaurant in this hotel? Danke auch für die ganzen Marker an Kojak und Cory, sehr schön. Da wird sogar von der Toilette aus gearbeitet. Finde ich super. So, Knüppel einmal erzählen. Schnell, schnell, schnell. Was waren das? Knapp 26.000? Unless another 7 comes. Karten rufen kann ich, ja, das stimmt allerdings. Das habe ich schon ein paar Mal hinbekommen. Vor allen Dingen für David Kaufmann. Hallo Celko nach YouTube. Vielen, vielen Dank. Registration is now closed for this event. If you're looking to get in, when you're in line, let me know. We'll get you in this event. Once again, registration is closing for the ladies' event. Okay, dealers and their players made the 4 p.m. satellite. If you finish the hand, I'm awake now. You can take a 15-minute break. That's 15 minutes break in the 4 p.m. satellite. Das Ding ist, diese Ansagen von den Floor, die höre ich ja doppelt. Danke für den Sub. Weil die so laut sind. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Vielen, vielen lieben Dank, Rick Dolph, für dein Sub. 12 Monate, wir haben einjähriges. Schön, dass du schon seit einem Jahr bei uns bist. Vielen, vielen Dank. So. Hallo Regine. Ausnahmsweise auf YouTube. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Du verpasst hier ein großartiges Ladies-Event. Vorhin waren 114 Entries schon. Ich weiß gerade nicht, wie viel es aktuell sind, weil ich das von hier nicht so gut sehen kann. Aber ich schätze 126 oder so, wenn meine Augen so gut sind. Also richtig, richtig krass. Ich finde es so schön. Sehr viele hübsche, nette Damen am Start. Der Flo hat heute sehr viel dazu erzählen. Wirklich. Ja. Ich finde das auch richtig gut, Cory. Ich würde zwar nie ein Ladies-Event spielen, ist nicht meins, aber ich finde es trotzdem gut, dass es sowas gibt und dass es auch genutzt wird. Good luck to all the ladies. Ja, das auf jeden Fall. Ruhe, wir spielen Hand. Felix gegen seinen Nachbarn. Der Rest ist schon raus. Dame Ass 3 auf dem Flop. Oh, noch eine zweite Dame. Das könnte Action geben. Felix Nachbar checkt.
Felix setzt an 2300, schätze ich. Und da kommt der Fold. Noch ein Pot für Felix. Nehmen wir. Sehr gut. Läuft. I never bluff. You know that. He blocked me now. No. I only bluff pre-flop. Oh, da sehen wir gerade David Dockery an unserem Tisch stehen. Das ist der Gewinner des Main Events vom letzten Jahr. Falls ihr ihn noch nicht kennt, es noch nicht wahrgenommen habt. I'm trying to get to know them first before I start telling my stories, you know? There was no 10 on the flop, that's why. There was no 10, that's There was why. no 10. I was looking for a 10. You were? Yeah. Warum schließt du das für dich aus, also das Ladies Event? Gute Frage. Ich habe einfach für mich festgestellt, ich bin nicht gut darin, gegen Frauen zu spielen. So, ich habe das letztes Jahr bei der WSOP gemacht, im 1K Ladies. Und es war einfach nicht meins. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, ich möchte das nicht mehr, aber ich unterstütze es trotzdem. Ich finde es eine super Sache. Bin dann so eher Emotional Support. Do you know him? Do you know him? Yes, David. Of course. He's the Sure. champion. Yeah, He's the Why reigning not? champion. It's good. We Machen met him wir, on a kein couple Thema. spots as well and we streamed with him at the table as well. Sava hat nie eine Handtasche dabei. Ja, das hier. Selten. Doch schon. Weil ich sonst meine Sachen Ja, nicht meet him transportieren everywhere. kann, aber ich würde darauf verzichten. Ich bin früher tatsächlich, ich glaube so bis Anfang Mitte 20, bin ich nur mit Rucksack rumgelaufen. Oh, bin lauter. Ah, okay. Yeah, I normally come here. I love it. Okay, Yeah. vielen Dank. For me, it's first time. I wasn't Vielen here. Dank an Kojak. Irish people are very good. Yes, Ich yes. finde das I auch, like was it. Sava I like sagt. the atmosphere. Eher Emotional Damage? Hä? Jenkins? They do Wo block kommt das here, denn jetzt her? That's Hallo? one thing that- Welcome. Welcome to the table. Beim Ja, Ladies Event spielen Handtaschen eine ganz besondere Rolle. You okay? Welcome. I don't get it. Where are you from? Den verstehe ich nicht, Knüppi. Italy. Ah, okay. Italian Argentine. Da stehe ich They're not gerade very auf dem close Schlauch. to each other, is it? It's too far, Argentine to Italy. Italian. It's no connection, is it? Ich weiß, was auf dem Tech Rider noch fehlt. Ja, genau das. Maradona, yeah, that's the only connection. Yeah, Maradona. Ist Muffin Lotte am Start? Napoli, yeah. That's the only Klar, klangbar, connection, yeah. ihr Menne ist hier und spielt das Main Event. Und die beiden haben gerade ein Kind bekommen. Ich glaube, Lisa hat sich zu Recht dafür entschieden, gerade mal nicht nach Dublin zu fliegen. Nein, sie ist leider nicht hier. Oder auch, also soll sich die ganze Auszeit gönnen und die Zeit mit ihrem Neugeborenen genießen. Von daher, sie ist nicht hier. Ich spiele auch keine Männer-Events mehr, ja? Mach halt. Ich fände eine Tüte mit 282k auch bedeutend schöner als jede Handtasche, es sei denn eine Sphäre im Birking Bag. Das ist gerade hier sehr distracting, weil Richie ist da und filmt mich mit seinem iPhone und Kojak fotografiert gleichzeitig. Das war that's a lot of attention, guys. Too much attention. Thank you. Was? Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja. Also. Ich finde auch so eine Tüte, egal bei welchem Event, dürfen die Menschen gerne eine Tüte machen zu Tag 2. Manchen gönne ich es mehr als anderen, aber ich gönne es allen irgendwo auch gleich. Ich weiß nicht, welchen Stream du da ansprichst, Knippi. Ich kann mich daran nicht erinnern. Aber scheint irgendwas mit Handtaschen zu tun zu haben.
Ich muss gerade ein bisschen arbeiten und Kojak übernimmt mal kurz meinen Job. So, was habe ich verpasst? Es geht immer noch um Handtaschen. Ich bin beim Handtaschenthema bin ich wirklich raus und wir haben All-In am Tisch übrigens. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen interessanter, als sich über Handtaschen zu unterhalten. Maybe? Hallo Never Lose Jack 10. Schön, dass du da bist. Dich habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Eine Tasche von Hermes ist auch nicht zu verachten. Okay, weil Handtaschen, keine Ahnung. 369 Viewer, aber ein Foto ist too much attention. Du musst es so sehen. Euch sehe ich nicht. Wenn ihr jetzt um mich rumstehen würdet und mich angucken würdet, wäre mir das auch too much attention. Weißt du? Aber wenn da zwei Leute stehen, der eine filmt und der andere macht Fotos, dann ist mir das schon ein bisschen unangenehm. It's mostly German, but we also have some English commentary and some English commentators as guests. Wie ist der Average Chip Stack? Das kann ich dir verraten. Mostly German. 46.000 ist gerade Average. 489 Spieler von 753. Passt das mal auch gerade hier an, wenn wir schon darüber reden. Es sind jetzt sogar 488. Und in 4 Minuten haben wir auch Blinderhöhung. Kojak. Schick danach auch mal. Wenn du das nächste Mal kommentierst, schicke ich dir auch mal 20 Leute vorbei, die ich anschaue. Rabbit Hunt. It's going to be held on the right side of the poker room. Alright, tournament players, if you're involved in that main event, satellite. Okay. Vielen Dank, Cory. So kannst du die Leute vorbeischicken. Ich bin jetzt auch im Kommentar. Okay, also, wir brauchen mal eben 20 Leute, die sich hier vors Pult stellen und nur Kojak anstarren und am besten noch Fotos machen und Videos, bitte. Alle mal herkommen jetzt. Kommt dran. Weißt du, was eine Birking Bag ist? Nein. Gut, danke. Eine in deine Tasche. Ja, das habe ich jetzt. Ich habe jetzt gelernt, dass das eine Tasche ist von Hermes und es ist die teuerste Handtasche der Welt. Oh. Wunderbar. Haben wir beide was gelernt, was wir nie wieder brauchen werden, diese Info? Never ever again. Wahrscheinlich. Felix hat verdoppelt, ne? Ja, Felix hat verdoppelt. Mit Sevens. Mit Sevens, die haben tatsächlich gehalten. Keine Was Ahnung. sagt der Stack, wenn er sprechen könnte? Dürften so 26.000 sein. Bisschen mehr. Easy. Wenn ich das richtig. Ja, doch. Waren es zumindest 26.000. Ein schöner Multiway-Pot. Wunderbar. Ich wusste gar nicht, dass man sich so viel über Handtaschen unterhalten kann und Koffer. Verstehe ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Da bin ich wirklich raus. Der Gitarrenkoffer von Erich Clapton ist auch noch. Von Hermes ist auch nicht zu verachten. Was ist eigentlich garantiert? Wir hatten 1 Million Garantie, aber die haben wir schon überschritten. Wir sind jetzt gerade bei 1,152 Millionen. So, Ruhe, wir haben Hand. Callt die 1,5 vom Open Razor in Early Position. Bei mir bist du super leise. Du musst hier. Achso. Besser jetzt? Ja. Besser. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen sehr laut, aber gut. Ist das hier für uns? Ja, das sind unsere. Ach, das sind was. nur die Monitore. Guck mal, wieder was gelernt. Hat mir keiner. Ich habe ja schon gezeigt. Du nicht? Okay. Aber ich habe von dir auch nicht das Mischpult erklärt bekommen. Wenn wir so genau sein wollen. Da habt ihr es gehört, Chat. Kojak erklärt immer alles sehr, sehr, sehr gut. Bube 7-4, 200 Clubs, noch ein Bube. Felix ist essen. Ja, Felix hat keinen Bock mehr, der ist gegangen. Ich glaube, Felix kriegt gerade Churros geliefert. Churros? Ja. Warum kriege ich keine Churros? Ja, weil du dich noch nicht selber bedient hast, da hinten. Warum hat mir das keiner gesagt? Ja, weil, aber jetzt hatte ich schon Cookie. Weil Heiko dir die nicht offeriert hatte. Nö.
Hat er mir nicht offeriert. Felix hat die eben gerade bestellt. Und jetzt wird er schön die Karten versiffen mit dem fettigen Ich hoffe Fettfinger. nicht. Ich hoffe nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. So, möchten Sie sich einkaufen hier bei uns? Kommen Sie ran, bringen Sie Geld. Ich finde das immer so lustig. Die kommen hier immer Cash hin, before. holen schon Luft, dann lesen sie das Schild, dann sind sie kurz unentschlossen, aber dann ziehen sie doch wieder ab. Schweineschmalz. Churros in vegan. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass die vegan sind. Alle Churros werden in Schweineschmalz Hier, gegessen. Weil jetzt ist mir das ein bisschen zu laut. Alle Ich höre Churros deine süße Stimme wirklich werden- gerne, aber nicht so laut. Der Tisch wird auch lauter, wenn du dort drum drehst. Alter, keiner kümmert sich um Sava. Sava kümmert sich um sich selber, das passt schon. Jenkins, Das wo kann bist sie du? ganz gut. Jenkins, wo bist du? Wo bist du? Yogi, was geht? Wo genau bist du hin? In Schweineschmalz, ach so, ausgebacken. Da ist er. Da ist Da er. ist er. Da ist er. Er hat das Essen von da hinten gerochen, hat er Das das. Futtermonster ist da. Bestimmt nimmt er sich von den Feuchttüchern mit, die wir hier in der Booth rumliegen haben. Oh Gott, oh Gott, oh nein. Ja, Kannst du... rette unser Equipment. Oh mein Man Gott. rette unser Equipment. Und meine Kamera. Auf entspannt einfach in die Booth kommen, Churros essen mit Schokoladen. Erstmal die Schokoladensauce überall verteilen. Schön Double Dip. Richtig gut. Chat, was sagt ihr zu Double Dip? 1 ja, 2 nein. Zu Corona-Zeiten habe ich immer Nein gesagt. Mittlerweile finde ich es wieder scheißegal. Ja, Cory, der Teig, aber den kannst du auch ohne Eier machen. Also wichtiger ist wirklich das Fett, in das es ausgebacken Wie wird. sagt 69, klar. Hallo Phil. Wie geht's dir? Den Rüstigraben kenne ich natürlich. Felix, wenn er 10 Stunden pokert, ist er, glaube ich, 6. Nur 6? Isst du nur 6 Stunden, wenn du 10 Stunden pokerst? Ist nicht schlimm. 9 von 10. 9 von 10, ja. Mir wurde schon wieder nichts angeboten. Nee, natürlich nicht. Ausnahmsweise ist er entschuldigt, weil er springen muss, damit er die Hand nicht verpasst. Ja, ist ja eh eine All-In. All-In und Call, wie es aussieht. All-In und All-In und All-In. Oh, drei All-In? Three-way All-In. It's a three-way. Oh, wow. Wir brauchen Eier, genau, Yogi. Du hattest heute schon Eier. Ich hatte heute schon Eier, ja. Oh Gott, gegen 3 Leute. Was machst du denn da? Ich habe übrigens einen neuen Best-of-Clip gedreht. Oh, wow. Von dir. Von mir? Yeah, I was about to say, 10 is coming. Oh, Buben, Der Ass König. hat 10er weggeschmissen. Gegen Könige. Wow. Bube, Ace. Könige und Aber Ass 10er laufen an dem Tisch eigentlich. Ja, Oder eben der schon. Callen. Aber the 10 is coming, for sure. trotzdem kein schlechter Vorsatz. I know. Always coming. Yeah. yeah, You know, for sure. I'm happy. Yeah. I know. Cory, benimm dich. Auch in deinem Kopf. Dame. Okay. Hoch. Kreuz zum Sweat. Komm. Ah, eine 2. Ass oder 2? I'm surprised there's no ace coming. Vieri. Das Vieri. Die Könige halten. Damit verabschieden wir uns an den Nachbarn, von dem Nachbarn von Felix. GG's. GG. Viel Spaß beim Pokern, Royal Probe und good luck. Müde und kaputt und dir, aber jetzt heißt es ja langes Wochenende. Ja, langes Wochenende zum Arbeiten. Das ist richtig. Wow, yeah. Was geht am Wochenende, Philipp? Thank you very much. Kommst du spontan nach Dublin? Abdel. 10, 20, 22, 24, 25. Ungefähr 28. Knüppel wird es direkt am... Es waren keine 28, es waren höchstens 27,6. Wisst ihr Bescheid? Everybody. Yeah, that's what I thought. Ich war eben duschen, hat Felix aufgestockt. Rossi, 2907. Felix hat verdoppelt mit 7er Pocket Sevens gegen 2 Overcards. Dame, Bube? Bube, Dame, ja. Bube, Dame, O.
Guten Abend, Gaming Opa. Wie geht es dich, mein Jung? Grüße nach Köln gehen raus. Sava spielt nicht mit den Männerinnen, sondern mit den Männern. Wieder einmal was ich nicht verstehe. Verstehe ich auch nicht. Ich bin heute bin ich komplett raus. Dafür gibt es ein Abo. Dankeschön, Rossi. Hau raus. Ausrufezeichen Prime in den Chat. Gutes Mindset. Neues Blind-Level. Was habe ich gesagt? Ich glaube, ich brauche noch einen Kaffee langsam. Eieiei. Kojak, schick den Privatjet los, dann kommt Phil. Danke für den Sub. Neues Auch Blind-Level. du bist jetzt ein Teil des Dankeschön. Das habe ich nicht gehört. Hast du Wunderbar. Das ist echt neues Blind-Level natürlich. Ich kann einfach arbeiten, wenn man auf der rechten Seite sitzt, also für euch auf der linken Seite, dann kann man arbeiten lassen, weil der links sitzt, Der muss immer arbeiten, ja. also der im Boost links sitzt und von euch aus gesehen rechts sitzt, der muss immer arbeiten, der muss immer die Levels aktualisieren. Wo ist eigentlich dieser Parker Talbot, der ersten gemacht hat in dem High Roller? Der schläft noch. Ich habe gehört, die sind erst um 10 Uhr ins Bett. Oh. Ja, aber gut, von 10 Uhr bis, was haben wir jetzt? 18 Uhr sind ja auch 8 Stunden. Ja, genau. Deswegen, der ist jetzt wahrscheinlich gerade aufgestanden. Muss erstmal was essen. Gleich spielt der Mystery Bounty wahrscheinlich. Der muss ja eigentlich auch noch Main spielen. Der muss ja auch noch backen. Ja, muss auch backen. So, 476 Spieler noch von 760 verbleibend. Es wird heute ein langer Tag. Schön dich zu sehen, Rumspatz. Wie geht es dich? Felix hat auf jeden Fall schon einen schweren Kopf. Das kleine Müdi. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. No. Wunderbar. Schöner Abend auf Twitch, euch zu sehen. Auf PokerStars ein paar Turniere zu zocken, könnte ich jeden Tag haben. Grüße auch an die Leute nach YouTube. Phil guckt auf YouTube, nee. Nee. Der guckt auf Twitch. Regine guckt auf YouTube. Ist denn jemand im YouTube-Chat vielleicht Shelko ist da. aktiv? Weil ich sehe gerade niemand, der reinschreibt. Nö, doch. YouTube die schlafen noch. Die schlafen noch? Oder die haben noch keinen Feierabend. Dann müssen wir flüstern. Wenn YouTube schläft. Weil wir die nicht wecken wollen. Nee, wir wollen die nicht wecken. Aber wir wollen doch, dass sie uns zuschauen und mit uns kommunizieren. Okay, aber weiß ich nicht. Aufwachen. Aufwachen, los, hopp, hopp. Raus aus dem Bettchen. Käffchen rein und hopp. Auf in den Chat, reintippen. Siehst du, Daste ist da. Ich bin da. Liebe Grüße zurück, Daste. Liebe Grüße zurück. Aus Dublin. Marcel O. ist auch da. Min. Da ist der Min. Danke, Oliver, dass du Min länger als 2 Sekunden eingeblendet hast, damit ich die Bauchbinde Ja, aber finden Min ist konnte. auch nur vorbei geratscht. Ne? Das muss man ja auch. Also. Dann hätte er ihm followen können. So awkward hinterher laufen mit der Kamera so. Follow Min Ich Cam. gucke einfach plattformübergreifend. Jengis, das finden wir sehr super. Das könnt ihr gerne alle so machen. Also ihr könnt gerne noch einen zweiten Tab öffnen, dort YouTube anmachen und wenn ihr es noch nicht habt, uns auch gerne dort einmal abonnieren, die Glocke anmachen und ein Däumchen da lassen. Was macht unser Freund aus US&A? Ist das der mit der Cap? Ja, der gewinnt die Chips. Now it's time to show the bluff. Ich wusste das nicht. Ich finde aber, das sieht man voll. Aces. That's a big one. A6. A6. That's not a bluff. Trips. Good fold then. Und wir haben einen neuen Spieler. Trips, Kicker, Ace. Ist doch gut. Yeah, live on stream. Twitch and YouTube. Wir haben einen neuen Spieler, der wird auch gleich eingeweiht, dass wir ihn filmen werden. Captain's not interested in us anymore. He's walking Wen sehen wir hier? Outer Table Action. Yeah, he's like, boring. Wir suchen noch, Yeah. ob wir jemanden finden. Doch, hat sie. Da ist David. Ja, auf jeden David, Fall. ja. Muss ja. 2 Sekunden. Zapp. Wunderbar. Welcome to the table, Mr. Russell. Zippo ist auch hier. Hallo Zippo. Regine schaut auf dem TV und Lucky auf German. dem Handy. Das ist super, vielen Dank. Die Emojis auf YouTube sind unterirdisch. Da können wir leider nichts für. Der Lucky German sagt etwas, aber
Ja, ich werde das nicht wiederholen, aber wenn ihr einen riesen tollen Tipp haben wollt, dann müsst ihr einmal kurz in den Twitch-Chat schauen. Ja, auf jeden Fall kann man Twitch auch, die Twitch-App auch im Hintergrund laufen lassen, ganz normal. Da braucht man eigentlich gar keine extra App zu. Ich schaue doch nur wegen dem Mädel aus Köln. Okay, gut. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Okay, ich muss dann aber auch gehen, oder? Wer ist dieses Mädel aus Köln? Grüße aus Luxemburg, Grüße zurück. Wer hat das geschrieben? Jemand auf YouTube? Ja, der Jürgen hat das geschrieben. Ach, der Jürgen. Ja. Schönes Leben, Jürgen Müller. Dir schicken wir keinen Merch mehr künftig. Da ist der Chris. Chris hat auch noch ein paar Chipse. Sieht eher so aus, als ob er gerade erst reingesprungen ist, aber gut. Ich finde, es ist Zeit, dass Kojak Sava wieder ein neues Schweizer Wort beibringt. Sie hat das erste Wort, das sie schon vergessen. Chat. Küchenbox, Küchenkasten. Kitchenbox, genau. Kitchenbox. Well, can we watch this in English? So we are a German stream most of the time, but we can speak English as well. When we have guests who are speaking English, for example, or if you're asking something in English, we can answer in English. But most of the time we are a German stream. Because our English is not the very yellow from the egg, because we are native. Ich glaube, ich muss gleich gehen. Ich krieg Kopfweh. I can talk only for myself because I am a Swiss. Yes. Yeah, because yes. By the way, where is Benny and you? Benny is playing. I saw him in the field, and I see you over there holding a camera. If you... In the white one? No, he is in green hoodie and red cap. Oh, I see him. He's standing. He's probably standing, probably filming Benny. Yeah. Red mal bitte auf Schweizerdeutsch. Kojak spricht Englisch mit französischem Akzent. Richtig, das macht man so in der Schweiz, Philipp. Kojak ist echt vielfältig. Schweizerdeutsch, Allmann. Ein buntes Potpourri. Nur die Haare hat er zu Hause vergessen. Grüße gehen raus an Just Schmidt. Dankeschön. Knüppel ist AFK. Ja, haben wir gelesen. Danke für deine Wortmeldung, Rumspatz. Was? Danke für deine Wortmeldung, Rumspatz. Das sagt jetzt dreimal ganz schnell hintereinander. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, euer Team ist cool. Finde ich auch. Ich finde das Team auch super. Ich kann ihm gerne welche abgeben. Ich habe es ihm sogar schon angeboten, aber Kojak wollte nicht. Was denn? Haare von mir. Ach so. Ein buntes Potpourri der schlechten Laune. Richtig. Obwohl. Vor allem vor dem zweiten Kaffee morgens. Also Kojak und ich haben gerade festgestellt, dass wir uns auch fast leiden können. Ja, das stimmt wohl. Als wir zusammen Kaffee trinken waren. Da strahlt jemand wie ein Honigkuchenpferd. Kennst du den Uhrenmann? Nee, aber er hat echt so... Ich habe schon gedacht, er kommt jetzt straight hierher und sagt, hey, Sava. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wer das ist. Oh, da kommt das nächste Honigkuchenpferd. Ja, das sieht nicht so Danke für honigkuchenfertig den aus. Sub. Auch du bist Oh, jetzt ein Yogi, Teil des vielen Dank für deine 3 danke schön. Subs. Herzlichen Dank. An. Oh, wir spielen Hand. An. Chip. Ruhe. An Ruhe. Werden wir gleich abdanken. Chip 1E. Verdanken. Ryan the Redbeard und Electric Jeans. Wir refreshen. Kann ich. Wie eine 1. Wie eine 1. Oder auch nicht. Ah, doch. Nee. Bestimmt verdoppelt Felix in dieser Hand und wir werden es nicht Und dann kriege ich nachher wieder Ärger von Kojak, weil ich oder nicht der gesehen Kameramann. habe. Eins von beiden. Nee, eigentlich ist der Dealer schuld, das weißt du ja. Achso, ja, Dealer ist immer schuld. Gut, dass Wir haben Flaschen. Nee, wir haben keine Flaschen. Nein, wir wurden gerivert. Oh mein Gott. Ich Womit bezahlt ihr denn? Hat er nicht vorher Hat er schon Bauchgefühl? angespielt? Na klar. Bauchgefühl, das Am Turn haben wir schon das gebet. König noch
kommt. Habt ihr das gesehen, Chat? Und dass der 5 Kicker super ist, oder was für ein Gefühl war das denn? Also wir hatten ja Flush-Draw, ne? Auch noch. Nobody cares in this game. I know. Achso, Yogi, eigentlich warst du, also die Bildstörung kam nur, damit wir deine Subs nochmal appreciaten. Ich habe die Bildstörung gefunden. Ja? Sie ist unauffällig im Hintergrund von Russell zu sehen. Ich verstehe. Mit dem Störsender in der Hose. Roland Schweinstädter, grüß dich. Also, Dankeschön nochmal an Yogi für die 3 verschenkten Subs, an CH1P1E, Brian the Red Beard oder Beard und Electric Jeans. Dankeschön. Herzlichen Dank an der Stelle. Grüße in die Schweiz gehen raus. Greece? So, ist der Störsender jetzt weitergezogen? Ich hoffe doch. Thessaloniki. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Hier gibt es nichts zu filmen. Nichts zu filmen. So different. Mensch. With the theater. That was cool. Ass 97. How did you do there? How did you do in the... Noch ein Ass. I think I lost some thousands, but I have been on the final table in the first one. Oh, nice. Bet 1000 und Are you Call. from Thessaloniki or No, Athens? I want to go to Athens. Like, 2 friends of mine were in Herz Athens and they were really, they liked it a lot. Jetzt wird geleadet For 3000. poker, yeah. I don't, not for poker. I just want to... Störsender in der Hose, ist das nicht? Okay. Kirschjung. No, I've never been. I just want to look. Den werde ich mir nicht merken für die Players Party. Oh, Race auf 10.000. Oh Gott. Wann ist die überhaupt, die Players Party? Ich glaube, es gibt keine. Ich habe schon, das Ding Ich ist, glaube, in Dublin ist jeden Abend Players Party. das stimmt auch wieder. So, Ass 4 gegen Ass 8. Auf dem Plan Wow. steht nämlich keine. Deswegen frage ich, weil sonst wüsste ich es. Aber ich habe gestern gehört, es soll wohl doch eine geben. Sportliches Race mit Ass 4. Moin, komme gerade dazu. Wie sieht es aus? Ja, wir haben jetzt noch so 17.000 irgendwas. Wir hatten uns verdoppelt und hatten dann wieder so über 25.000 und jetzt sind wir halt wieder bei 17.000. Aber die Blinds sind halt 400, 800. 800, das heißt, wir haben immer noch 20 Big Blinds. Also entspannt. Entspannt. Entspannte Rino. Nach dieser Break ist Dinner Break, kann das sein? Ja. Wie lange ist diese Guck mal, Dinner Break? 17.700. Ich weiß es nicht. Dreiviertelstunde, Stunde? Ich guck doch mal in die Ausrufezeichen Live-App. Guck doch mal. Die auch so gut erzählt hat, dass heute noch ein Mystery Bounty ist. Ich würde da eher in die andere App gucken, die wir hier nutzen. Du kannst gerne in die Lens-App. Ich gucke in die Lens-App, du guckst in der Live-App. Gucken wir mal. Und Chat guckt, wenn Felix vor Link geht und sagt uns Bescheid. So. Es gibt auf jeden Fall ein Race. Auch das. 60 Minuten sagt die Live-App. Was sagt die Lens-App? Die lädt. Loading, sagt die Lens-App. Erste Bullet ist richtig, Tobix. 10 Punkte für dich. Ich habe noch eine Frage aus YouTube an dich. Ja. Die darfst du selber lesen. Jürgen Müller? Ja, ist richtig. Nee, auf Discord bin ich Kojak216. Hat sich da jemand meinen Namen gegönnt oder was? Auf YouTube bin ich El Koyako. Soll ich mal auf YouTube was schreiben? Chat. Ich habe jetzt eine wichtige Frage an euch. Oh. Ganz wichtige Frage. Oh. An YouTube-Chat und an Twitch-Chat. Oh. So. Also. Seid Ohrenspitzen. Alle auf Empfang. Gerade hinsetzen. Wenn ihr euch einen Gast in die Kommentatorenbooth wünschen könntet, der hier in Dublin ist, wer wäre das? Und jetzt haut in die Tasten. Ich will Namen sehen. Bam, bam, bam. Kojak macht alles möglich. Dann schicke ich nämlich den lieben Heiko. Den lieben Kojak? Ich schicke Den mich Heiko schicke selber. ich dann, den zu suchen, zu finden und in die Booth zu Sava zu zerren. Spraggy, Parker, Bert Stevens, Min, Bürgermeister von Dublin, Felix xflixx Schneiders, danke, Parker. Wir haben Parker heute noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der schon wieder ansprechbar ist. Ob das schon wieder nüchtern ist? Spraggy hatten wir kurz, aber haben ihn dann wieder verloren.
Clearly Nick. Nick was here yesterday. You missed him. Yeah, you can check the VOD with Nick's appearance. Fabi natürlich. Ich weiß nicht, ob Fabi gerade so ein guter Gast ist. Fabi hat die Tage nicht so den Run gut. Ja, ich glaube, das ist gerade nicht so gut, ihn auszufragen. Ankit habe ich gerade schon gesagt, Ankeln kommen wieder, wenn er einen Day off hat. Also wir müssen alle die Daumen drücken, dass er heute eintütet. Ja. Ankit war auch schon gestern, oder da? War er auch schon da? Oder vorgestern? Ah ja, mit stimmt. Olli zusammen, ja. Ja, stimmt. Oh, okay. For here. Chill, chill. Everyone loves the job pot. Meinst du James und Joe mit deutschen Comments? Ist ja auch lustig. Giraffe-Gänger wäre wirklich geil. Ja, mir wurde das aufgetragen, ihn zu fragen, aber ich traue mich nicht. Wen? Bert Stevens zu fragen, Giraffe-Gänger. Aber der spielt auch gerade, das weiß ich. Okay. Ich glaube, Heiko, du musst nochmal die Google fragen, wie sich Griffin schreibt. Heidi Klum. Ist sie gerade in Dublin? Aber Griffin wäre auch eine geile Option. Ja. Am besten mit Will Kossuth zusammen. Ja, genau. Was lachst du? Nix. Hä? Nix. Wenn wir Wilke so viel in diesem Booth setzen, dann weißt du schon, dass ihr den So. ganzen Tag nicht mehr kommentieren müsst. Aber Das auch wär wahrscheinlich irgendwann so die Zuschauer. Der übernimmt dann den Stream. Ah, schön. Hallo Os, schön, dass du da bist. So. Der Störsonder ist gerade wieder unterwegs. Moin Os. Wir haben hier einen Ich hab Piraten. gelernt, es heißt Os. Ich musste es auch sehr hart lernen. Es heißt Os, nicht Os. Ach so, Os. Was los? Wir haben einen Piraten an unserem Tisch, hat einen Störcenter in der Hose. Oder es heißt doch Os. Ja, der Ausführung gibt Oder es heißt doch Os und ich bin genau falsch rum. Ah. Umgekehrt, okay, dann halt Os. Ja. Der Zauberer von Os, stimmt. Ich versuche es mir immer so zu merken, aber ich krieg das nicht hin. Der Os. zaubert dem Gegner die Chips weg, meinst du? Ja, auch. Kölsche Jung muss auch noch lernen, wie man Flix und xflixx schreibt. Bitte nicht beide Schreibarten kombinieren. Entweder so oder so. Ihr dürft ihn nur nicht singen lassen. Bert, Ach so, singt er? Oft in seinem Stream? ich habe keine Ahnung. Weißt du, wie viele Minuten ich schon seinen Stream geguckt habe? Ja, wahrscheinlich gleich viele Minuten wie ich. Bei mir kannst du es nicht mal an einer Hand abzählen. Bei mir ist es so. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die zahlreichen Inputs. Wir werden mal gucken, ob wir den einen oder anderen hier reinzählen können. Und dann könnt ihr ja noch sagen, wer das dann am besten mit kommentieren Oh will. ja, das wäre auch interessant. Von all denen, die verfügbar sind. Also Olli, Kojak, Heiko. Ja, am besten schreibt ihr jetzt nochmal rein, welcher Gast mit welchem von uns kommentieren soll. Das wäre witzig. Also falls ihr ja gerade nicht Also nichts anderes zu tun habt. was nicht funktioniert, ist 2 Gäste reinzuschreiben, weil einer muss halt Technik machen. Richtig. Ne? Ohne Technik. Yeah. Heiko. I'm thinking juice. That's crazy. Yeah. Os, bester Sänger. Os kann gut rappen. Beim Singen weiß ich nicht, aber rappen ist okay. Yeah, yeah. That's true. It's a lot of it. Bert mit Olli. Das stelle ich mir super lustig vor. Ich glaube ja auch. Bert mit Olli kann ich mir gut vorstellen. Wird sich erstmal vorstellen müssen, weil Olli ihn wahrscheinlich nicht kennen wird, aber ist auch nicht schlimm. Da ist er doch. Nee. Wer? Was? Ich dachte, ja, Spraggy gesehen im Hintergrund, aber war er nicht. Als ob Spraggy einen grauen Pullover tragen würde. DJ Reggie mit Savi. Finden Hand mit Olli. Oh, GJ. War GJ schon mal bei uns im Stream? Nee. Also ich spiele gerade das Ladies Event, aber sie wäre bestimmt auch voll glaub ich, dabei. noch gar nie bei uns im. Ja. Das können wir doch mal machen. GJ frage ich gerne. Ja, die ist gerade im Ladies Event und sitzt mit Marley Sprague am Tisch. Ja, hab ich auch gesehen. Über 100 Entries und der Table Draw so, ja.
GJ und Mali direkt am selben Tisch. Toll. Wir brauchen ja Content. Ja. Jürgen, nochmal, wer in Dublin ist. Also nur Gäste, die Ja, auch ihr könnt hier jetzt vor nicht Ort sagen, hier, ne? Arnold Schwarzenegger. Ja. Das geht nicht. Dame 5 gegen 10-7. Weißt du, was glaube ich auch mal ganz spannend wäre? Ja, Einen Dealer oder eine Dealerin einfach mal kommentieren zu lassen. das wäre auch witzig, ja. Einfach mal so ein bisschen Insight. So. Ja. Also jetzt nicht, keine Insights wie, was kriegst du an Bezahlung, das fragt man nicht, aber... Doch, Chat wird das fragen. Ja gut, aber das leite ich dann nicht weiter, fertig. Aber so, wie gefällt dir das Arbeiten hier? Was ist dein liebster Stop? Machst du das gerne? Was magst du am meisten? Oder wir könnten auch Maria mal fragen. Ja, die wäre auch sehr prädestiniert für Also ich weiß ihre Antwort jetzt schon. Ich auch. Maria ist Sie meine, mag das ja sehr. Ja, sie mag das voll. Diese ganze Aufmerksamkeit ist voll ihrs. Maria ist übrigens meine direkte Kollegin. Sie spricht Russisch und Französisch. Englisch nicht. Kappa. Male. Male wäre auch gut. Ja, Male hatten wir schon in Edinburgh. In Edinburgh zusammen mit Thorsten. Name vergessen. Ich bin dir sehr dankbar, das weißt du. Aber benimm dich. Ja, Felix braucht wahrscheinlich mal einen Kaffee. Der sieht so kaffee-needy aus. Denkst du? Mhm. Und Essen. Ja, wahrscheinlich bestellt er gerade Essen. Wie oft hat Felix sich schon eingekauft ins Main-Event? Das erste Mal und wahrscheinlich auch das einzige Mal, weil wir baggen Eins heute. in den Chat. 1-1 in den Chat. Oh, hi, Tobias. Nice to see you. I'm my favorite commentator. And hi, Savi. Favorite commentator, that's you. And hi, Senkel 92. Senkel texted me today that he has FOMOs. Fear of missing Oh, out. aces. Aces against King 10. All in and a call. Let's go. Ooh. Oh. Not even a sweat. Not even close. Maybe a chop. No chop. No chop. GG's. GG. Der ist gerade erst an unseren Tisch gekommen und schon wieder weg. GG's. Ach so, ich meine generell, seitdem ihr in Irland seid. Wie viele Turniere hat Felix gespielt? 3? 4? Ja, einmal America's Cup, eine Bullet. Ja. Dann einmal Mini-Make. 200er Mini. Und das Six Max am Anfang. Und das Six Max 350. Zweimal, ne? Ich glaube ja. Also sind wir bei 5. Ja, 5 Bullets total, in total. Aber mit unterschiedlichen Beträgen. Fabi gestern so abends um 10. Ja, ich hatte heute schon, glaube ich, 7 Bullets geschossen oder so. How's the Austrian guy doing in the PLO? Which one? Ah, PLO is down to final table maybe, right? Is that possible? Who's sitting there? I don't know. Players, poker players. Hansi! Hansi! Danke für den Resub. Stufe 2 im 77. Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Wie geht es dich, mein Junge? Ich gucke auf der Ausrufezeichen Live-App, was das PLO sagt. Hallo, Growler Poker. AC King? Ah. Okay. We will check, but I have no idea, obviously. I'm the only big blind, yes. But maybe we can find out. Hallo Scherzer. Wunderbar. Wunderbar. Das freut mich zu hören. I give up. You get my big blind. That's Robin. Here, Okay. next to me. Ich, No, two? ganz ehrlich, ich habe diesen Namen noch nie gehört. Okay. Never I heard that heard name two. before. I never heard that name before either. So that's why I didn't pay any attention. Hey, we talked about you. Nick! Nick is in the house. Nick is in the house. And we need Welcome. to take care We are live of on his Twitch backgammon and board YouTube. again. So you can send the link to friends and family. Many man. Okay. Mini-Main. Good luck. Good luck. Good. Tell them Nick to leave a springt follow. ins Mini-Main. Auf gar keinen. Well, it's Nie working gehört. out for you. Nein. Never heard But this tell name them, you before. have to Sorry. tell them to leave, drop a follow.
8 players left in the PLO in the PLO 6. He seems to be chip leading, Seems to be. according to the app, but maybe if I see him, I'm like, oh, that guy. This guy. I have no idea. You can have a look. He's on table 2, seat number 6. You wanna have a look? Maybe you I'm doing want the to have a punting. look. Don't worry. Ja, wenn ich da Maybe jetzt, I can have a look and take a picture. yeah, you can do that. Oh, Or I I did have a that, look right? and go to Yeah, the bathroom at the same time. It's Twitch and YouTube. There are many options, right? So many options. So let's stay both here. Ich werde tatsächlich das mal machen. Ich gehe mal gucken, wer da so am Final Table sitzt. Ja, ich komm gleich wieder und ich mache dir ein Bild. Oh, we talked about you. Oh. You're coming in? Oh. Very good. Yeah, me too. Okay, go to the bathroom, ladies. Afterwards kriegt ihr hier Besuch im Booth. Wunderbar. So, Chat. Jetzt sind wir unter uns. Zumindest für 5 Minuten, bis die Ladies aus dem Klo kommen. Also ihr habt jetzt schon, natürlich habe ich es jetzt schon gespoilert. Der nächste Gast ist weiblich. Die Ladies gehen aufs Klo. Und dann... Ihr könnt ja so lange raten, wer gleich in die Booth kommt. Heiko ist es nicht. So, 6, 5, 9, 9, 4, zweimal Clubs, zweimal Diamonds. Und schon wieder wollte sich jemand hier bei mir einkaufen, aber die Kohle hat er noch nicht auf den Tisch gelegt. Neuer Spieler auf Seat 4 auf jeden Fall. Zottel sagt Reggie. Was sagt der Rest des Chats? Vanessa Kate wäre auch mal nice. Ah, hatten wir noch nicht gehört heute. Also den Vorschlag Vanessa Kate haben wir noch nicht gehört. Könntet ihr das Feld nochmal bitte aktualisieren? Ja, natürlich. Für dich mache ich doch fast alles, Marcel. Oh. Feld aktualisieren. Feld aktualisieren. 782 Entries. Das ist nochmal eine Hausnummer. 457 left. Ja, wunderbar. 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 Tag in die Runde, Tag Clemi, Grüße gehen raus. Scherzer sagt Mrs. Bragg. Heißt das eigentlich Mrs. oder Miss, wenn jemand verheiratet ist? Könnt ihr mich da mal aufklären? Habe die Ehre, Grüße nach Wien gehen raus. Bis deppert oder was? Jo, Mai, servus, servus. Ja, servus. Mehr kann ich nicht. Mrs. heißt es. MS, okay. MRS ist dann eine andere Abkürzung, oder wie? MRS verheiratet. Habe die Haare. Hebe die Haare. Scherz. So. Ladies and gentlemen. Oh, let's try another funny thing. Let's try another funny thing. I will try something. I will type poll into the chat. No, that does not work. Okay. So, alle, die GJ geschrieben haben, waren richtig. 100 points. Oops. Yeah, you're gonna sit. No, here. If you like to comment with me, we have to make an appointment. So, ich bin zurück. Und wie ihr seht, I have a guest. Oh. Oh. Do you need help? No, I think I'm good. Good. Oh, fancy. Let's see. GJ. Hey. Nice to have you here. Yeah, nice to be here.
Do I have to talk German now? No. No? You can if you like to. Should we practice? Yeah, we can practice in the stream. Good idea. Hey Chat, how's it going? DJ kann nämlich auch Deutsch, für die, die es nicht wissen. Mehr verstehen als sprechen. Ja. Ja. If you want to try, you can try. Okay, I'll try. But, it'll make me nervous now that I'm thinking about speaking German. I'm like getting nervous. Okay, then we stick to English. Okay, how about you do English? I do German. You do English and I'll do German. Okay. Oh wow, that's very weird, but okay, I can try that. Oh dear. Okay, so DJ is speaking German and I'm speaking English. Let's try that. I think that's fun. So, how have you been, GG, for ladies event? Danke schön. Ja, aber alles geht gut. Yeah? So, late reg is over? Ja, late reg war 30 Minuten. Okay. Over already. Aber Mali geht's wirklich gut. Yeah? Vielleicht Chiplead, maybe. Oh, that sounds good. I mean, it's awkward that you talk German and I'm talking English. I like to speak German as well. Okay, we'll just like pause that. Yeah. But, okay. Yeah, wunderschöne Locken. Beautiful chorus. Which one? Brown or almost blonde? Okay, so no more ladies event, but the numbers were really, really good in the ladies. Yeah, more than double last year. So 136 runners. We only got 64 players last year. So yeah, it's like pretty sick to get like more than double in entries. A lot of the time when you play ladies events, like you're kind of lucky if they pay the FT. You know? Whereas now, like they might even play final 2 tables, which would be really, really, really cool. Yeah, in Rosvaldov, we only had like 5 players at the beginning, so they didn't start or didn't want it to start because they said, okay, we need 10 players to start. Sure. And then they pulled back the guarantee and were able to play. And then I think there were 8 players in total, but. I mean, that's incredible. Yeah, I mean, they almost like had more than last year when it started. It was like 56 entries when I jumped in and at 2 o'clock, which was like basically the same amount of entries as last year. So really cool. Everyone seems to be having a good time over there as well. It is playing quite fast. Like the structure is pretty fast. They're gonna have I think they've just going on dinner break now. Seems like it because it's saying 40 minutes. Yeah, 40 minutes. So yeah, I can't see how many players are left because my glasses are not that good. But yeah, I think it'll be fun. And yeah, Mali had a really sick cooler on my table. She was probably second in chips at my table. And then she was playing a pot against the table chip leader. She turned quads against a boat and got it all in for like heaps. What? So and they were the 2 biggest stacks of the table. So yeah, Mali had like maybe 120k or something at that point. And yeah, she's been like doing well ever since. So I reckon could be potentially chip lead now. Wow, nice. Yeah. So yeah, I will have a look after dinner break. And after dinner break, I think we know if she's ship leading or not. Yeah, probably. They'll probably do an update of the chip counts. I saw Sankel ask how Robin is doing. He's actually on the FT of the PLO 6 Max. Yeah, he was commentating and told us, but I don't know who that is. So Robin Panholzer, he's from Austria, and he's AC_king in Twitch and on PokerStars, and he's like someone from our community. He plays a lot of mixed games. Project 10. Decided to just like do really well. He's chip leading the PLO, so that's very cool. They've just restarted, I think. I saw him before he just got back to play. Okay. And how do you like Dublin Irish Open? Yeah, it's been fun so far. I mean, this is like a really nice venue. Like you don't get a lot of places which are this bright, and I like that. I like that it's like bright and airy, and you can when it's nice outside, you can go chill outside. It's a pretty nice area. Like there's a few restaurants and nice restaurants you can go and have food too. So yeah, and everyone's super friendly. Like people in Ireland just love to play poker. True, and love to drink as well. Poker and drinks. Okay, so what is your next tournament? I don't know. I'm
I thought there was a mystery bounty later. Is there a mystery bounty later? Yeah, there is a mystery round. 550, one day event. Yeah, I might play that, and if not that, then I've got the main tomorrow. Oh, nice. Main or mini main? Main. Main. Yeah, you have to ask because it's like Nick was like, yeah, I'm playing the mini main. I was like, mini main? No, main. Main. So who are we watching here? Mostly Felix, but Felix. Oh right, I couldn't see him. I was like, I thought we were watching Felix, but I was like, I can't see him. We're standing behind him, so Okay, that's why. Yeah, I see him now. Where are you going afterwards? So yeah, I think he has just not even 20 big blinds left. Okay. But getting there. We saw a double up before. He had sevens against what was it? I already forgot. Ace something. No, Jack. Jack. Jack Queen. Queen Jack. Yeah. I'm so tired today. I was thinking, but you have to come to Ash for Grind Live. Yeah, no, the PLO isn't on FT yet. It's close to FT, so I remember it was 8 left, and yeah, the FT ball. Yeah, I thought I recognized the guy in seat 4 with the cap from mixed games. I don't remember his name though. I've definitely played against him before. He's new at our table. Oh, is he? Seat 4. We are talking about seat 4, right? Yeah, the one with the cap. He's new at our table. So he just got moved. Okay, yeah, Felix does look a little bit short. Can you give me the second phone? Yeah. Thank you. Sorry. Plate number 192D27039. Please make yourself known to one of the tournament staffs. It's an Audi A7 dark gray color. Registration number 192D27. I like this ticker that you've got going across the bottom with all the names and the stacks and stuff. It's kind of cool. How did you do that? What again? This thing that you've got. Yeah, it's our crawl tags. Yeah, it's cool. OBS somehow. I have no idea. You're like, I'm just pushing buttons and know what to do with them. Me and Seb found this name quite funny yesterday. Österreicher. Because we were like, is that actually his real name? Yeah, Musterreicher. Yeah, it's just like Thomas Austrian. Yeah, okay. So where are you from? Yeah. Oh, I just saw. This is one of my qualifiers called Looking. Oh, nice. Yeah. Oh, it's so loud. I'm tuning that down because it's so loud for us. We hear the from and double. Okay. Thank you. Ace Queen versus nines. Is that us? Okay. Nines. Oh, flush. Strong. Flop the flush. Oh, 9 or 4 for both. There's the flush. There's the flush. Oh. Yes, 2 hearts. Yeah, but the king is a diamond. Ah, okay. See, I need a coffee. You remember the flush. Remember the flush. Now I'm sure I need a coffee. But yeah, it wasn't Felix. So. Okay. Man, guy in seat 1 has quite a wall of chips. Okay. Kojak. Kojak. Kind of decide how the fuck do I get value out of this? So we have this info that I've is seen. sign here I've because seen. everybody is stopping Yeah. by. Kojak, if you can hear me, can you wave for a second? No. I don't see any waving. I'll be right back. Sure. All good. I'm making sure the guys on the rehearsal table get something to drink. So. Ah, right. All good. Do you want me to tell off Yari for not being in Bratislava? Yeah, sure. I'll just go up to the table and start shouting at him. I'm sure they won't mind. Wunderbar. So. This is like a very sophisticated setup you have going on. What do you mean?
I mean, it just looks very. I haven't seen the behind the scenes Oh yeah, of before. course. We have Yeah. a Google sheet Uh-huh. where mods from remote from home they can they can update very cool. the players left, the blinds, the title, everything. So it's pretty cool. Very, very efficient. Yeah. Very cool. We have a guy, Wolfie Spirit. You know him maybe. Yeah. He's making all the layout stuff, and he did also this Google form. So it's pretty nice. Yeah. So we need a double up, right? Yeah, I think so. It looks like he's got maybe like 14, 15 big blinds, right? Yeah, K behind. So yeah, probably gonna need a little bit of help. About a minute away from the next level, so yeah, he'll have just under 15 big blinds. Oh, and he's put his little baby Yoda on the button to claim it. I like. Yeah. I like. He's doing this all the time when he's on the button. Sometimes he asks the players at the table to That's the commentary. to put it on the button around. So Okay. sometimes he goes through a round, a whole round. Does the whole of it. Yeah. I know that voice. Good thing it wasn't porn, just Twitch. 2000. It's poker porn. Chip porn. Let's see how you play first. I always punt it off. He always punts it off, he says. Hey folks, hey Chad, hey Kieran, hey Yeah. Yesterday he busted with a bluff. Right. So sometimes you have to bust with a bluff as well. Looks like we got an open from seat 5 and a 3-bet from seat 7. Gonna call. Nine, 7, deuce, 2 hearts. Do we know anything about any of the other players at this table, really? Not really. Yeah. Not really. But 3-5. I can check the live app. Maybe we have some. Recognize some names. Yeah. Small C bet on the flop is going to get called. We will see a turn. Ace. Our hero is a little bit tired, I think. No, I don't know what makes you say that. So is this his second run in the main now? First bullet. Oh, first bullet, okay. First bullet, yeah. Check bet fold. We have a Austrian guy on the seat number 3. Uh-huh. Not a familiar name to me, but Yeah. any familiar names for you? I feel like I know this name, but for some reason, but I can't remember my The Irish guy? Yeah, the Irish guy, David. I've seen his name before, so he might just like do the circuit kind of thing. And Yeah. Yeah, I feel the guy with the base cap is yeah, right. yeah. Felix asked him if he's a qualifier, but he said no, he's regularly playing. Yeah, I think I definitely think I've seen his name around before. We're in so Ireland. We're about to do karaoke. would make I think. sense. We can do karaoke and then. Felix is gonna fold. All right, so this is the level then, really. He's got 14 big blinds. Blinds have just gone up, and a 60-minute dinner break coming up next. So this is the one. This is the one, level he yeah. needs to double, and hopefully bring a few more chips back after the break. Bring Felix a coffee. Yeah, he does feel like he needs one. If Oliver hears us, he can maybe ask Felix if he needs a coffee, then I can bring him one.
but the problem with the coffee here at the venue, here is he does not really like it. So Yeah, it's not the best coffee that you can get. maybe a small espresso they should be able to make. So double espresso for Felix maybe. GTO. Oh, maybe this is him asking. Da vorne ist dieser Insomnia-Coffee, der ist nicht mehr. Okay. So, wenn du Kaffee holst, dann würde ich einen nehmen. Le connoisseur. He wants to have coffee from Insomnia, not from the venue. That's what we expected. You coming to Belgian Poker Challenge? I have to. Yeah. It's close to my home also. Yeah. No, where you live? In the southern part of Holland. So I'm good, thank you. 10 minutes from the Belgian border. So nice. It takes me 2 hours to get to the movie. Yeah, same for me. Oh, really? Yeah, from Köln. It's even less than 2 hours if we drive fast. And you can drive fast in Germany. Yeah, at least at the German autobahn. German autobahn. Not like it used to be. Yeah, that's true. Alright, quick folds all the way around. Is Felix going to get a chance? Okay, folded all the way around to Felix, but not this. Yeah, yeah. Especially like back in the day was really good. I've been coming here for a long time. Live blind action. Yeah, at the start it was only Wallonian players, and they were so emotional, you know. It actually looks like that guy might not be able to see. First time I went, I wasn't an experienced He does not give away. He does not give away anything. I mean, from this camera angle, that's definitely what it looks like. I won like 20 seats. There we go with the 3 bets. There were like 25. 12,000 or 13,000. I go over there and it was a 6 max main like event, 13. 700 people or something, and I end up winning the main. Wow, So nice. It was, like, it was my first time there. So it's always going to be special for you, Right. Then. And, Get it. I remember the Wallonians were really rooting against me. So every time someone else wins, Takes and the I pot. won nothing. And in the end, And when you won, silence? there was only silence. Oh, it was shit. super awkward. Yeah. Oh, shit. Yeah. Somebody's It was getting back a, in the time when they massage, they I hadn't think. renovated it. It was like very, Yeah, there's very like old. two people waiting behind. Maybe 2 people. I was getting there a for Next massage. Live the first time. Yeah. Actually. That It was was a few years later. 4 or 5 years ago or something. Yeah. Alright, let's see the open. They improved it a lot. Yeah, Seven? no, it's really nice. It's okay. Yeah. Actually, the restaurant's pretty good. The hotel's good. Yeah, that's true. But it used to be unsafe. I remember because I took Where is das links? Kojak? No, right. I'm sitting on left side, but from your perspective, also von aus eurer Sicht, Ausrufezeichen Gast. Das ist die liebe GJ, Team Pro, Streamerin und Mix Game Specialist, right? Sure. As well, of course. I feel like people keep calling me a mixed game specialist, but I don't know if I really feel like a mixed game specialist. I just play more mixed games than anyone else on the PokerStars team, so I think that's kind of why people say that about me. So the guy who wants to have a massage is asking for a discount. Asking for a discount. Yeah, trying to get a deal. Yeah. Another bet from seat number 4 here. Small blind against middle position. It's like 7.5k into 12. Beast horse, yes. Right. 22,400. Yeah, you can give Felix an extra Oh. from me. Yeah, that's for sure. Who did that? Who did that command? It was me, I think.
I think Seb's playing the satellite right now. So yeah, Seb's like a 10 game pro now. He played 1 10 game, had a lot of fun. So I think he's gonna convert to mixed games only, for sure. Hey, Paul 22, how's it going? Somebody messed up this command. It's okay. It's like it still says GJ Reggie in the link. It's you know that's No, it's my fine. name everywhere. So I'm sure you'll find me if you really wanted to. Yeah, 10 games is the best, Kieran. I'm a 10 game pro now. I cashed 2 10 games in 2 weeks, so I think that means I'm a 10 game pro. Yeah, how was Bratislava for you? Really, yeah, it was good fun. I really enjoyed it. I literally only cashed 2 tournaments, and both of them were 10 games, so I don't know what to make of that. But yeah, I had a really good fun, a really good time. Would definitely recommend. It was cool to see Seb come down for a day as well. That was nice. And yeah, just a great time with great people. Yeah, I only heard great stories, great fun from all the people who were there, and You guys should yeah. come along next time. Felix needs to get involved. Yeah. I know he's told me before that like he would never have mixed games at Grind Live. I'm like, we'll convert you one day. I mean, I don't understand. Maybe. The casinos don't really care because they've been sold from the state to a private owner, and the private owner doesn't care about poker. And they have like small stops now with like King of Slugs. Yeah, exactly. He doesn't understand the concept of like that poker is actually getting people into the casino. Felix idea there. Oh. I cashed because there were only 2 villains registered. Oh, there was like a few more, just a couple more. My second cash I did chop 3 ways though, so. I don't. Yeah. But I don't. Made it to final 3. So what are the 10 games? Do you know all the 8 games? Hold'em, We'll start with the limit. 8 game. Yeah. Hold'em, limit. Yeah. PLO. Yeah. PLO. High, low. It's fixed limit. Fixed limit. High low, yeah. Fixed limit, high, low. Okay. Good start. Omaha. You already said that. You already said. Okay, I So said you it. still on 4. Res. Yeah. 5. Stud. Yeah. 6. I have to refresh. 8 game. So I have already. You've got 6 of the 8 games so far. What more? There's like 1 more 7 card stud. 7 card stud. Yeah, so you're missing one of those. You got stud and Raz. There's like 1 more. Okay. Stud and Raz and 1 more. Yeah. You have to help me. So stud high low. Stud high low. Yeah. So that's 7 games, and then the last game is a draw game for the 8 games. 2 card single draw. So yeah, deuce to 7 triple draw. That's the 8 games in 8 game, and then for 10 game you also have Badoogie, and deuce to 7 single draw. Deuce to 7 single draw. Okay. Yeah. All 10 games. Right, so buttons come all the way back around. Felix is under the gun. He's going to be in the big blind next We used to as play together all well. the time, and now we have kids, and we don't get to go at all. Biding And his this time. is like the first time in 5 years that Don't kids forget are about with Uno. the kids are with the grandparents. Oh, okay. How old are they? 5 and 3. Right. 5. That's even cooler that you get to travel together now. Yeah, just this one. Yeah. And we have a sort of a bet. Whoever busts first has to go home on Monday for the kids. And the other one gets to stay until Tuesday. I love that. That's awesome. Fogging Mark David. That's awesome. Call for Fogging Mark David. If you're in the room, we have the So heads up seat pot for you. between middle position and small blind. Please report to the TD desk. Yeah, check on the flop. And small blind is now going to lead out 4,000. Yeah, so Namur is a It's a very little more than half. easy option, and with kids you can easily Oh yeah. at least go and then go back. Oh, I'm taking them with me this time because it's during holiday. So
It's last been time we like did snap this also, re-raised, I think. Also in Venlo, because we could Just before four, we four, did just Venlo. flicked it back. So we take them to Venlo to a vacation park, and next week they go to Double Namur paired to board. our Spicy. house. Yeah, all right. I mean, it's a nice city. It's pretty nice with the kids. You can go up the mountain. Yeah. And, Quick check from the small blind. Yeah, But- that's, yeah. But now 5K is the I bet didn't from like the USA. movie first because I Yeah. always thought- I always went there in November, and then Yep. it was always very Yeah, of grey. course. And Very, very small. when I've been there in May a few times, I'm like, hey, it's Yes, actually not really bad. nice. Yes, yes. In the summer months, I really like it. Oh, somebody's check raising. 15,000. What do we check raise here? Only king X probably, right? Yep. And a snap call, and we see a king. Yeah, you were right about the KX. King and- X. Oh, and the wow. 4. Ace Nice 4. event for 2 Yeah. years now. Boat over boat. Sava is back in the mix. Got like 70,000 followers. Very unlucky. It's nice. We had to do it because the German regulation doesn't allow me to stream online poker anymore at the moment. Get Sava back in the Yes. booth. So, Someone goes to the microphone and asks for a All right. mark. David, it must be a troll. Felix has put in 2K. It was 11.6 left. with double T. And 30 minutes to find the double up before we go on a 60-minute dinner break. No, he actually final table at EPT. We commented. You don't remember? He made final table at EPT. Yeah. I know this guy. Yeah. There you go. People have been asking like who this guy is, I think, and now you know. Commentated on him on a final table at EPT. That's why Felix has been so chatty. Yeah. So, because there were a few people in It's chat EPT, being like, Monte Carlo, who does Felix know this guy? Are they friends? I mean, Felix knows a lot of people. Yeah. I mean, he's a friendly guy. He chats a lot at the table, so you know it makes sense that he would know a lot of people. 1,000 big line ante. Tournament players, this concludes our registration period in the satellite. So, did I miss anything? No, unfortunately, Felix has not played a hand since. Okay, good. Since you left, so he still does not have many chips. He hasn't played a hand. They've done a full orbit now. He's posted the big blind. So it's time. It is time. I think a double up before the dinner break would be nice. You know, doesn't need a triple up or a quadruple up. Just like one double before dinner break would be kind of nice to be able to come back and try again. Just so you know, there are 29 minutes left until dinner break. So. Yeah. Probably get at least another orbit or two in before he has to go. So hopefully find something in that time. But not in a small blind. After a race. Yeah, sometimes it's hard as well when you're short stacked and you know, you have a hand that you would get in if it was folded to you, but then you see action in front and you're like, oh, have to wait a little bit longer. Oh, it looks like seat 2 is actually also really short stacked. I didn't notice, but he's maybe even got less than Felix. So you think? Maybe Ollie can zoom into the stack of C2. Yeah, I think he just... oh, is it just a... Oh, just yellows, Oh, I think. okay. I don't think he has any greens, because he just went all in there and got a fold from I think you're another right. player. So, yeah, he's... Yeah, I mean, a little bit less than Felix. Very, very short as well at this table. Keine Frauen, soweit das Auge reicht. Das liegt daran, dass das Ladies Event gerade Pause hat. Die spielen nämlich alle, die Frauen. Und wir sind auch noch da. Yep. I consider myself as a woman. I don't know about TJ. Yeah, they've got 12 minutes left of their dinner break in the ladies' event. And there are a lot of female dealers as well, so... Yep. But yeah, I imagine a lot of the ladies will probably have prioritized that event today, and you know, maybe if they bust, a few of them will jump on in the main. Or in the mystery bounty. Or in the mystery bounty, yep.
I would prefer the mystery bounty today. And welcome again. I mean, there's also the mini main as well, which is probably quite a nice one if they're sticking around till the weekend. Mystery bounty being one day, but the mini main I think continues on Saturday. Yeah, thanks. Oh, Sunday? Maybe no, Sunday. Maybe it's because I think Sunday is day 2 and Monday is final. Right. Okay. I think. Yeah. It's not a Poker Stars event, so sure. That makes sense. That makes sense. It's a little bit different than our events. Our events are very easy because the schedule's almost over the same. Yeah. Yeah, the mystery bounty might be a little bit nicer as well, because I think the mini main is potentially playing 10-handed. It is a 200, buy an event, so a little bit cheaper than a lot of the other events. They're going to have insane numbers of runners, for sure. And tomorrow is going to be so busy. Yeah, and it's already so busy. And the mystery bounty is starting in 1 hour. Yeah. And I don't know where they like to put it. Here at the few tables. Probably literally right in front of us here at the few tables left. But that's going to get a lot of people, especially when. Oh, we have an online aces against sevens. Sorry. Aces okay. You don't oh, like aces the for the short stack as well. Yeah. Oh, you jinxed yourself, man. No. Ah. Uh-oh. Yeah. Okay. So just the ace. Yep. Oh man. And that is a GG. GG, man. Nice playing with you. Hey, thanks for all the shout-outs on the stream. It was a pleasure. Oh, bless him. I'll see you around. GG's. Oh, they're for sure running out of room pie. Like, it's actually ridiculous. Always coming seven. I think they will extend at some point to the cash game area, but yeah, they probably have to. The cash game area definitely isn't full, so they could pop a few tables there for sure. I mean, it isn't full now. It's very busy as well. Before I'm never say anything because the universe is going to use it against you every single time. Well, no see, matter that's what why I've pre-regged the main tomorrow. Like, I've been very organized. I've already bought into the main tomorrow because I'm looking at the queue now. Right, I can see the queue. Walked past it a few times, and it's like there's already like 40 people in the queue, and it's just not going down either. So and that's people queuing obviously for the mini main, for the mystery bounty, for the main. Like last minute they were just trying to play the satellites and stuff. And tomorrow's gonna be so crazy that I was like, I'm just gonna pre-reg. I don't have to sit down right away. I can take my seat whenever I want, get my chips. Yeah, I think you did good. Seems like the smarter play. Yeah. Rather than like coming here and having to queue for. So what is your strategy? Are you going in from the beginning, or? I don't think I'm going to go in from the very, very beginning. Like, they play very, very deep. I don't think that's really my strong point when it comes to a tournament like this. But I reckon after first break or something like that, I'll maybe jump in. Okay, we have an all-in and call. It was raised, 3-bet, all-in call. Deuces against ace-king. They never lose, though. They never lose. Okay. Yes. Maybe they might lose this time. Maybe. Just 2 outs. Oh, yeah. Oh! I mean, they never lose. You called it. They do. I just, I've never won this one. Maybe this isn't like a Poker Stars event, but it still works. So deuces, they never loses, folks. Now you know. you need to play deuces on the Poker Stars event. DJ said it. But I told you. Gotta believe in the memes, guys. You just gotta believe in the memes. I'm going to lose this one either way. So there's a double up. It's even worse when it's We need one as well. Yes, we do. We do. Yeah. We can do it with nines. We call them stars nuts. Oh, God. And we can do it with sevens. Yeah, because it's always coming. Right? Yeah. So nines or sevens. Yep. Dinner breaks in 22 minutes, folks. 22 minutes. What is your favorite hand? Don't say aces. I don't know if I have a favorite hand. I don't know. It's such like a weird question sometimes. I don't know if I can have a favorite hand. Really, a lot of people just like pick hands that they, like, I don't know, won a tournament with or something, or like. But I don't even know. No. Nah, I don't have a favorite hand. Is that strange? Do you have a favorite color in poker?
when I'm playing online, I play with the 4-color deck, right? I like the diamonds, the blue diamonds, the best. Okay. Not for really any reason. I think the blue diamond cards look the nicest. Maybe that's just me. Okay. Yeah. But you don't play with a 4-color deck like live in most places. I did once, and Oh, it yeah? was really strange. Oh yeah, you found it strange? Yeah. In live poker, yes. Maybe for like Hold'em, maybe it doesn't make much sense. But I played with it for the first time in Brazil with the mixed games, and it's actually kind of nice having the 4-color deck, I think. Yeah, I think sometimes it's better because you see it quickly. Yeah. How do you say it? Ladies and ladies, if you have a little more than 6 minutes on your break, you're more than welcome to take your breaks at any time. Yeah, it's like Sorry. the We cannot hear you. We can. I'm so sorry. I literally have no idea what he asked. Me neither. So that's I feel like these signs you have need to be bigger, or like I don't know. Not that polite. I mean, I even said, please ask someone else, and I said thank you on the sign. I mean, the signs look like this. So just so you know, no info desk. We are currently streaming. Yeah. Please do ask someone else. I think you kind of have to like look a little bit awkward because you know you're on stream. You don't want to like be rude at the same time. It's like Yeah. It's like, okay, what do I do? This guy's like talking to me and I can't hear him. Seriously. Dear. Oh. Can I buy in here? Yeah, that's the most common question. Or where are the bathrooms for men? That's the second question because, I mean, to be fair, the sign isn't very visible if you don't know where it is. Do I have to send security? No. We're all good. We're all good. It is a little bit funny though. You are very exposed, I must say, like in this area. Like it's a very, very big room. Like we're right at the back of this massive hall. We can see almost. If you were tall, you could see all the tables from here, kind of thing. Yeah, and it's the first table when you come in from the main entrance. Yeah, true. So we are looking kind of like an info desk, but we aren't. And also there is like a table over there. Like I don't know if you know. Like there's a little desk over that way as well, which is where like all the dealers go, I think, to get their info from Jenna, who manages like all the dealers and staff who are working here. So they will probably be like a little bit more helpful when it comes to giving info. So yeah, you can kind of understand the mix-up. But and normally I'm happy to help. Don't get me wrong, but when I'm streaming, we are talking to you guys and not to everybody else in the room. Yeah. But I think he found what he was looking for. Yeah, by the looks of things, yeah. Yeah, that's us. We are sitting there, exposed. Maybe we should put up a fence or something like that. Yeah, like a little. Well, they've got those like rope barriers or whatever, just like so people can't get too close or something. I don't know. Please stay away. Okay, I can tell Felix is hungry. He needs a coffee and he's tired. I thought he ordered a coffee from. Yeah, I thought as well. I thought I ordered a coffee. Oh, no. Speaking of coffee, our coffee guy has arrived, folks. Oh, perfect. No, I'm just happy to see you and my coffee. Thank you very much. Got my coffee. I love how you could just like tell he's hungry and wants a coffee just by the way he's like sat there or. Yeah, by his face, his looks. I mean, Felix and I, we know each other for 17 years. We've rented 6 years. So I think at some point you can tell. Yeah. And it's his time to eat. It's almost too late already, so we just got a few churros for the dinner break. Yeah. To the turn, we get another ace. 2 spades on board now. Who's in the end? I think it's seat 6 and seat 2 or 3. 3. Yeah. I want to say 3. Yeah, 3, because there's nobody on 2. I
like how seat 3's got his little grind business card in front of it as well. Ducks never fly alone, huh? Check, check. Deuces never loses, yeah. I see, even Felix said it. Yeah. He knows. Yeah. Spade flush completes on the river. You're not gonna lose. He was going snap all in. He was like, we went all in. I mean, it was the second time actually. He's very aggressive. That's for sure. Seat 4 looks like he is sleeping under his cap, but Yeah, it's honestly so low. Like, if you were going to peel the cards, you dip your head. I just don't know how you'd see. maybe he just wants to hide his eyes. Yeah. So it's 10k. Looks like a pretty chunky bet. I don't see any greens in the pot, so yeah, looks like a kind of a big bet on the river here from our Irish friend. Nice for Joe and James to get to play some more. Yeah, yeah. We actually got to rail on the first stream we did. We got to rail Joe taking 4th place. In the 6th match. Yeah. Nice. Yeah, that was a 17-hour stream. The guys Put in the shift. Yeah. Seat 3 is eyeing up his chips. Trying to give him the stare down, thinking it through. What would he lead here? For where? What? It's like a pot size, almost a pot size bet-ish. Flicks in the call. I was about to say, we cannot expect a raise, but a call. Yeah. So it's nothing, 9 high. Was a bluff. He calls the 5s on the river. Nice call. Nice call. Yeah, I like his play. He's very solid. Coming back with a small blind 1500, big blind 3000, ante 3000. His floor. He has a lot to tell. Yeah, I think guess ladies have just restarted and 15 minutes till dinner now. Yeah, I think they're having a break in almost every tournament in the next 15 to So a lot of 25 minutes. So yeah. All right, Felix, come on. We're under the gun. Not many chips left. Oh, wait. Oh, he didn't muck us down. Maybe. I just muted us because our 4 German young guys Yes. were talking. Yeah, Felix did seem to kind of hold his cards, think for a little bit before eventually opting to muck his hand. I think he's probably getting a little bit aware of how short he is. He does have to pay the big blind next as well. So yeah, thought a little bit, but not the one. So it looks like we're going to go 3 ways to the flop here. Cut off button and big blind. Ace jack 10 2 diamonds. Big blind I didn't even see a big blind check, but he has checked, and Yari is going to bet the 2k. And a call. Big blind folks. Really? Is he here? Yeah. Oh, God. Oh. Oh, I know the guy who's sitting next to Felix. I was like, I remember him. Yeah, he's a qualifier of mine. Ah, okay. He's Dutch. I see, I see. Right. I was thinking the whole time, how do I know this guy? But yeah, I spoke to him yesterday. I see, there we go. And it went bet 4k and quick call of the 4k on the turn as well. Almost like neither of them really, almost like they didn't think about it. It's just quick bet, quick call, king on the river, and we're gonna go again. The triple barrel, 7k this time. And it's, yeah, ace, 10, jack, 9, king, flushes, straights, all the possibilities out there. He and, yeah, see, what is this for? Does not seem at all
everybody scared. He seems to doesn't be have coming that here. much Like, behind you either. get It the looks mix like. of all 10. the dealers from around the Yeah. world. Right, yeah. You get a mix Yeah. of all the people. So Like, it's everybody like, comes to you Irish know. Open. It's He crazy. feels very I safe love with it. his hand, so I it's run either into flush people or and straight or I'm like, both. "Oh, I'm super surprised, but then Or both. You're quite King, impressive. king, queen, and diamonds or something like that. Yeah, or diamond. Yeah, king queen with a diamond blocker potentially. Yeah. I mean, Yeah, he if I doesn't go to a seem bigger event, even of course, remotely you know scared or a lot of phased. people by Just my barrel, name, by barrel, face, barrel. you just go hi, hi. But You here's seem like, I stop every person almost I bored. pass, like, hi. It's crazy. Yeah. It's so crazy. Maybe. I love it. Maybe. Oh. Folds face up and it's an ace and a something 9, I else. think. Was it a 9? Yeah, maybe. I didn't quite see it. King of Hearts shown from. Okay. So I'm sticking with my king, queen. Yeah, oh, you obviously don't show the queen. No, if you win, no, you can't do that. Okay, Felix and big blind, and Felix is very short. There was a lady at my table with maybe the exact same Baby Yoda card protector. I'm Yeah? not sure. Yeah, she was very funny. When I immediately, as soon as she sat down at my table, I immediately thought of Felix. I was like, that looks very familiar. You should have taken the picture so we can show him. In Namur, I was there with Nico. Yeah. You know Nico. And here you borrowed his Yoshi, you remember that? And in Namur, we were in a main event and it was on break, and I saw little Yoshi standing on some ships in a break, and there was nobody there, and I was like, oh yeah, you're sitting at that table, and he was like, no, I'm in the other room. And I was like, oh, then someone has your card protector, and immediately he was like, oh, I need a new card protector. Oh, it looks like this is it for Felix. Oh, He has Felix is decided all to go all in against the opener here for his last few thousand chips. And we do get the call. All right, what are we looking at? Ace, queen off against off. fours. Yeah. Okay, we need to get that, folks. Good luck, Felix. King in the window. Oh. Every 9, every queen, every ace, every Okay. jack. Oh, so many outs. Oh, is it too many? Oh! Okay, all right. How many big cards? There we go. Okay. There's our Nice. double up. Any 10, any 9 would have done it too. Yeah, monkey. 10,100. Too many outs almost. Yeah, we're getting a little bit worried. Yeah. Getting a little bit worried. Thank you. Okay. So he gets the double up, 10,100. So 20k. Yeah. Back to 20k. We were there before. Yeah. Now everybody goes. Here we go. Not even starting stack. Right. Oh dear. Look, 20 big blinds, that's enough. That's enough, Felix, That's enough. Yes, you can watch everything. I have no On Twitch, you can no even idea make how little Zap clips. is doing. I think Like when somebody shows a big he bluff or something, like a might big all bust in, you it can for the first make a time. memory I of don't a know if lifetime. he's. Last time we So had, like, I saw him just top before I full house, arrived here, was all in and on the he, flop like, against I see runner him. on a quad. He's The standing guy got a there flip with and he's his like, TV I'm gonna show this to everybody I know. crew, his content creator crew. Over Oh, yeah, okay, I there. see. So I think he's And not we had in anymore. that was the best one. Yeah, we so had. when, In just Paris, before I we had, arrived like, a here, straight he flush on hit the plus board, one bullet, 9 to and king. he was about And, to go I reg bet on the again. river, I bluffed So on the river, this and doesn't look two like a people good folded. sign The where third guy was just about to fold, if and then the he's, dealer accidentally Oh, flipped the ace he of has clubs. heaps, So the and royal it's flush just was taking a break. visible for everybody. There's Maybe, like never yeah, seen maybe. I something don't like think this so. before. We have this like, Could be. as a We clip. can be It's wishful. insane. Be wishful. No, they are doing content right now, so I don't think that he is still in, unfortunately. So, Felix. How Felix. Giraffe do Bert Steven What's your name? Jan? do in the 5K? I think he made it to final. He was 5th or 6th, if I remember correctly. Something like that. Yeah. Yeah. So if you win this hand versus him, then memory You for can, lifetime. yeah, exactly. Felix is in the hand. Yeah, from the small blind. Hopefully he has a jack. Hopefully. It has checked all the way around twice. Okay. So the queen completes the flush on the river and Ooh. I win.
I win. I win. He says. I win. He says. Flush is good. Flush is very good. Okay, wins the small pot. Every chip counts though. I had to try to give you the chance at least. He might be back at start stack now. You know, maybe. Your question is if he's playing. He's playing the main event, I guess. I saw him before in the main, but I haven't seen him in a while. Yeah. I'm looking if I see Bear standing anywhere and taking pictures of him, but I don't think so. It's a big room, and I Yeah. feel like we're not that tall to be able to see if we're still in. Now I have the picture in my head where you're wearing the inflatable Oh yeah, horse. I can't see over this like inflatable horse. That was so sweet. I can't see anything. I imagine Giraffe's going to play more. I would be surprised if he just sort of came for the 5K and decided to leave. Yeah, I think he's probably going to play as many times as he can or as he needs to make day 2 of the main. And yeah, whatever other tournaments are there on the side as well. There are still 2 more main event flights tomorrow, folks. 2 more main event flights tomorrow. So yeah, lots of chances. And it's a single re-entry per flight as well. So if it's just tomorrow, then day 2 is on Saturday? Yes. Okay. Yeah. So 1C is tomorrow at 12. And flight 1D, I believe it's going to be a turbo starting at, I want to say 8? Maybe 6. I think it's 8 though. The main event here is an 1150 buy-in. In this event. Yeah, it's very weird for me to say 1150. It is very strange. 1150 für euch Deutschen. Yeah, 1150 euros. I think most of the time we just expect like the 1.1k, right? So where are the 50 coming from? It's probably staff or tax reasons. Something like that. Yeah, and they had a 1 million guarantee in the raid, right? And like they've already still 2 flights left. They've already absolutely smashed it. I think some people have been predicting over 3,000 entries in the main event this year, which was crazy. Last year it got just under 2.5. I think it was 2,400 something winners. And yeah, a lot of people think it could go over 3K, which would mean this place absolutely full house. Talking about peace and force, how's that doing in the main? Right, so we've got an all-in and a call here. King 7 for what, top pair and a middle pair and a flush draw against top pair and the ace kicker, and that's trips on the turn. But the flush completes in the end, so I think we lose seat 5 there. GG's. And yeah, this GrndFlixx friend, I think, maybe, is stacking up chips. Probably the table captain now. Klangbar, ich kann dir nicht sagen, wie viele Plätze bezahlt werden, weil wir noch Flights zu spielen haben. Aber 15% vom Feld. If you think about it, it doesn't make much sense, to be honest. True. You have such a good hand. Und Peace and Love scheint nicht mehr im Main Event zu sein, weil der macht gerade Content Creation mit seiner Crew. Ich glaube, das würde er nicht tun, wenn wir gleich den Break haben. Also. Here's the clip. So straight flush on board. So I overbet. Will Mario win river. Sam this year? 2 people fold. Will And now Mario the third win person Sam is just this about year, to do fold. you reckon? And she collects the cards, and now look. I don't understand the question. Me neither. Okay, so it's not me. Like, what are the odds? There you can see Seb like doing content creation. It's crazy. Wow. Nice little zoom in on him there. On the board, 9 up the king. He bets really big on the river against multiple opponents. Like the only hand that PJPR. Maybe you can rephrase this question because we're lost. Yeah, I'm not quite sure what you mean. Yeah, I'm showing you. Okay. So there's straight flush on the board. Das haben wir auch schon gesagt, Nippel. Sieht vor, kann kaum was sehen. Wir waren uns zwischenzeitlich auch nicht sicher, ob er vielleicht einfach darunter schläft, weil man seine Augen nicht sieht. She collects the cards again, and now
Oh, she flips the ace of clubs. With so much bad luck in the past, things should go well for And then, Felix. obviously he calls. I mean, there's variants. Like, there are up and it downs. was a small part. It was like the beginning of the tournament. But anyways, it Don't was tell so funny. anybody that. It was so funny, yeah. Funny shit. Yeah. Ich werde nicht in Arsch dabei sein, weil Grind live leider dann stattfindet, wenn ich schon in Vegas bin. Hey, welcome. A sloppy set of kings. Looks like we've got a new player joining the table in seat 2. 4 times average. And I river quad kings. And I'm thinking, wow, this is amazing, this Fresh is great, stack. blah, blah, blah. And as I'm Coming in. thinking about my bet, I realize the river has the king of spades. I and I have the king still of don't spades. understand the question. What What's the Sam McGuire So I Cup? know if Right, it's a showdown. so Yeah. I don't think They have either of the us choice. Yeah. are That's qualified really to messed talk up. about Yeah. Irish sports. Okay. I don't know You didn't PJPR. I love how David is like, not a shot. Like, yeah, sure, yeah. I mean, I will, you know what, I'm going to default to David in chat who says not a chance. So what are you doing now? And Are you I'm just telling them I'm later gonna maybe trust that you, there is a David. king of- So I mean, I you hope you're don't wanna right. keep No, on I playing don't with think they king of will, spades on the deck. but will It PJP. wasn't kind of I don't think they're gonna because win. I end up But winning yeah, I know nothing about Oh, Phoenix. so we're talking about sports. Yeah, I didn't understand it the first time, but as soon as he said GAA, I was like, yeah, I don't know anything about that. So I'm really sorry, Emma. Yeah. But good luck to your team, whichever team it is that you support. Sure. Are they playing this weekend, maybe, or something? I heard there's a rugby tournament tomorrow going on next door. Oh, really? At the Aviva or somewhere else? At some You point, have no yeah. idea either. There's a stadium next door. I think. Oh wait, you mean this stadium here, not Yeah. the one like down the road? Okay, you know Yeah, what, no. Yeah. But And I had one spot. This is on the final table. I'm small blind. I find it just like kind of I guess a funny question to be asked, like especially when it's a Die predominantly German. Vorpauseninszenierung bitte. Big blind calls me off with ace5. Was weird. I show down. And I have 997. There's a third card Next underneath. weekend in New York. It's Let's stuck to the see. other line, but as I slam it down, it becomes unstuck and I have 3 cards. So now my hand is dead. Yeah. Huh? No, they like the ruling should be that my hand is dead. That's and it our wins last either hand way. before the break. That is the last hand before the break, as announced by the tournament floor staff. Felix folds, and we are now on a 60-minute dinner break, folks. 60-minute dinner break. Felix is still in. He did manage to get the 1 double before going on break. I'm sure he's going to appreciate getting some food now. Yeah. And thank you, GJ, for joining us. thank you for having me. Take your time. And if you're playing the mystery bounty, I wish you good luck. Cheers. Thank you. Thank you. And yeah, see you. Okay, yeah, sure. Felix hat am Sorry, falschen guys. Tischplatz genommen. I screwed up the numbers apparently. So you have more, I know. Also alle Chips zurück zu Felix. Wie viel hat er verloren? Okay, goodbye. Yeah. Just drop some chips. Good luck, man. Thank you, you too. Scotty sagt 1,589. Okay, thank you. Falscher Tisch. Am falschen Tisch bediene dich frisch. Das Motto haben wir leider nicht walten lassen. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Thank you. Thank you very much. So sorry for the trouble. Jetzt am richtigen Tisch. 6. I'm coming here. Ist doch amüsant. Hello, hello. Dadurch ist der komplette Turm durcheinander. Wahrscheinlich wollte sich gerade jemand auf Felix Platz setzen und meinte so, da sitzt schon jemand. Mit Kameras. Ne? Denn das bringt's ja auch nicht. So, All-In und Call. Und was haben wir? Das war Ass 4, das ich da gesehen habe. Wir haben Damen gegen Ass Dame. So, ein Ass ist schon mal raus. Das ist schon mal gut, oder? Das ist schon mal noch besser. Und einfach, oder? Manchmal ist es einfach. Begeistert ist er nicht von dem Board. Die Mama mal wegschneiden. Ist gut. So, hat Felix die 9? Oder Pocket 5er vielleicht? 5er bezahlt, ja? Call. Mit was callt Felix denn hier?
Oh, kein Pocket 5 auf jeden Fall. Oh, das ist eine Actionkarte jetzt. Gegebenenfalls. Da bettet das Full House 5000 und da callt das Overpair. Wahrscheinlich Full House gegen Full House. Ah! Full House gegen Full House, ja. Der River. Na gut, hätte auch hinten sein können schon. Splitpot. Full House 9 war. Langweilig. And why so much? It's 12,001. So that's like 2/3 spot he's led. Felix should just be all in with aces or Felix overpair. is all in. He's flopped a set of tens. No. Queen 9? Queen 9. King, queen. Okay, ace, there it is. Oh, wow. He's in. Oh, wow. Nice hand, Felix. Double up, Felix. Yeah, it's standard. Like queen 9 is, I don't know. It's paid. Put his hand. He doesn't want to touch. He knocked his card protector over and didn't want to pick it up. Here, this the blue, and you give him back. Euro. Back the blue chip. Yeah, you got the 1,000 back. So the small blind went back to you. Oh, now we have the chat. Oh, Felix has got proof of what's happened. Yeah. He's showing them on the stream. They don't need to go check the cameras. We have the stream. Felix has got the eye in the sky. I'm the flop man now. I have everything. Although there are a lot of superstitions in my culture. Are there superstitions in German culture? Okay, please explain me, what does superstitions mean? Superstition is like, you know, like there is no logic, but there's beliefs. Like, okay, if I do this, then there will be good luck. Okay. Like I'm going to wear the same shirt or something, or Yeah, there are. for sure. English is the new German. Danke für die Übersetzung. Yeah, for me it was once I played with a card protector for several tournaments, and Felix is in a hand again. oh, okay. He's 3-bet, non all in, and he's called it off. Felix is strong here for sure. Yeah. Yeah, queens against ace king. Okay, standard flip. Let's hold all red. Low cards. Oh yeah. Okay, now black card, black queen. Queen. We need a queen. Oh. Yeah. You jinxed it. You jinxed Sorry. it. It's your fault now. Way more than me, right? For GG. sure. Felix. Einen wunderschönen Tag hier aus dem Kings Casino in Roswardorf zur PokerStars Eureka Poker Tour. Mein Name Felix xflixx Schneiders und bei mir ist wie immer Oliver P. Olli. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind im Main Event Tag 1C. Heute geht's 4-3. Alles möglich. Alle 3 Spieler checken. Und jetzt haben wir den Flush, oder? Flush ist da. Also das geht schon wieder gut los. Ja. Feeling, Flush, Full House, Danke für Straße, den Sub. alles da. Auch du bist jetzt ein Teil des GRND GRND PK. Moin moin. Wir haben noch gar nicht den Chat hier. Herzlich willkommen. YouTube, Twitch, schönen guten Tag. Es ist ein langer Main-Event-Tag. Ein Flight, 45 Minuten Blinds. Ihr könnt noch mal eine Runde schlafen gehen und kommen und ihr seid immer noch in der... Aber wenn ihr jetzt schlafen geht, dann verpasst ihr womöglich das nächste Double-Up direkt von Felix. Das ist auf jeden Fall sind das 2100, die da gesetzt sind. Und Felix raced auf 7000. 7 oder 8? 8000? Ey, da haben wir den Flush oder ein Full House. Haben wir 7er, oder? Klar. Wir haben ganz klar 7er oder 7-2. Da sehe ich einen Felix flatten. Komm, Race All In, Call und wir haben direkt verdoppelt. So darf es nämlich auch mal losgehen, verdammt. Du musst es mal losgehen. Geht rüber und wir sind besser. Sorry fürs Rumfummeln. Geht er drüber? Er überlegt zu bezahlen, glaube ich. Und Felix hat Nut Flush. So, haben wir. Sind wir und wenn der Gegner dann nur bezahlt, hat er auch keinen Quote. Hat der Gegner dann Drilling 2er gehabt? Ist okay. Oder 8-9. Aber
Was He will forgive you. eine Hand. So fängt es doch mal ganz anders an, oder? Wie nennst du das immer? Diamant. Eckstein. It's like diamonds in the sky. Eckstein in... Ja, gut. Eckstein in the... So. Der Aggressor aggressiert weiter. Schnell auch zu den Chips gegriffen. Jetzt wird die Bet was höher. 3,5. Jetzt wäre ich so gerne auf deiner Seite. Pot Size, oder? Ist das Überpot? Nee. Ist Pot Size? Knapp. Ja. 500 runter. Oder? Ich weiß nicht, wie viel blaue da in der Mitte liegen kann. Aber wir halten das Ganze aufrecht. Und bezahlen. Wollen das Ganze. Ja doch, war eine Overpot. 3000 drin, 3,5k Bett. Und das Vieri. Wieder das gepaarte Board. Beide checken. Felix hat ein Ass. Ist das Ass. You are so lucky. Jetzt kommt's. Warte, I am lucky. Splitbot. Weil sich das Board auf dem River noch pairt, bekommen wir Yeah, I den was Split. thinking about You are tennis so balls. lucky. Ansonsten hätte die 10 vom Gegner gespielt. It's friendly. It's friendly. Oh, super Szenen am Tisch. Run good, you know. Und das Schöne ist ja auch, dass selbst der Spieler, der jetzt auf dem River splitten musste, da noch mitlacht. Ja, natürlich. Ich liebe sowas am Tisch. Aber er hat den geilsten Joke da gebracht. Nee, du warst auch lucky. Wenn da die 2 kommt. Not dues on the river. 55. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Felix nicht bezahlen. Nice try. aber den Smallman wieder einstecken. It happens so I'm often with watching me. you. I'm watching you. We have it on camera also. Yeah. The force. did it. Yeah, of course. That was a call. We wanted to try how much attention you pay. I'm paying too much attention. I have to. Mit solchen Spielern wie Felix muss er sehr aufmerksam sein, der Dealer. Hat er versucht, den Smallblind einfach wieder einzustecken. So, wir haben 2 Spieler in einem nicht ganz so kleinen Pot, weil gerade wurde schon angespielt und bezahlt. Jetzt spielt der Herr nochmal 6000. Die Tage werden ja wieder länger, ne? Uhrzeit wird doch auch irgendwann umgestellt, oder? Irgendwann. Ja. Immer noch. Nachdem mal irgendwann beschlossen worden ist, das nicht mehr zu tun. Ich weiß nicht. Ich habe das noch nie verstanden, warum. Oh, da gibt es ein Race. Das sieht aus wie ein Race. 16.000. Ist auch geil. Ich sehe das gerade, dass Christopher Pütz hat eine Tüte gemacht, ne? Für Tag 2. Wird bezahlt, die 16.000. Ja, und? Ich habe mich gestern mit dem noch unterhalten. Und er meinte so, ja, eigentlich fühle ich es heute nicht. Ich glaube, ich gehe gleich ins Bett. Und ich so, ja, immer die Leute. Wow, das ist aber auch Hast du Setbuben getroffen und der macht Quads auf dem River mit 10. Welcome to Poker Stars. Es gibt einfach keinen Weg, Buben zu gewinnen. Gibt es einfach nicht. Jetzt ist soweit. Alles. 9.400 all in. Oh. Was war das? Hast du einen schwarzen Bildschirm einfach? Was war das denn? So, Mr. Jedi. Aber läuft. Aber wir sind all in. Das war das Zeichen dafür für den Good Run jetzt. 4 Calls bitte. Können nur noch 2 werden, leider. Da ist Entscheidung angesagt. Da ist ein Call. Und wir haben Rockets. Wir haben Asse. Ganz ja, ich interessant. wollte gerade sagen. Sieht gut aus. Oh, never easy. Never without a sweat. Die 8, die lacht auf dem River. Double up. Wichtig, wichtig. 96. So, Herr Jürgen Möller stellt die Frage, habt ihr mal eine dumme Frage bei den Outs-Berechnungen? Sind da auch die Karten drin, die der Dealer unter die Chips steckt? Dann sieht man nicht mehr, Du meinst die Karten, die im Max sind?
die werden grundsätzlich noch als offene Karten berechnet, weil man ja nicht weiß, welche Karten darunter stecken, werden alle Karten, die noch grundsätzlich im Spiel sind und die man nicht sieht, mit zu den Outs gerechnet. Wir haben eine Hand, Ass 4, All-In, gegen Ass Dame. Bring die 4. Wir brauchen eine 4 und die 4. Good game. GG. It was a pleasure playing with you guys. That was a lot of fun. Thank you. Verabschieden wir uns vom ganz, ganz tollen Tisch, der leider nicht so toll für uns lief. Wie immer, Fair Playmann der Felix. 1, 2, 3, 5, 6, 6,5 Millionen. 20 PB. Race auf 600.000. Call von Kral. Geil, wenn ein Chip einfach 100.000 sind. Ne? Hier kommt der Flop. Ass 7, 8, 2 Kreuz. In Heads-Up würde ich sagen, für jeden was dabei. Ja. Auf jeden Fall. 300.000. Kleine Bet. Von Mephisto. Check Race. Aber auch sehr klein. Nee, doch nicht klein. 1 Million. Check Race 1 Million von Kral. Oh, das könnte ein großer Pot werden. Call. Turnkarte. Noch ein Ass. Jetzt von Noch vorne eine Million rein von 2 Millionen an. Ja, 2 Millionen sogar. Ist halt mal eine andere Wertung der Chips. Ja, ne? ich muss erst noch klarkommen auf die Chips. So viele Chips habe ich noch nie gespielt, deswegen komme ich darauf nicht klar. So, jetzt sind wir gespannt, was Mephisto macht. Ja, Dominik, ich bin da schon lange ausgeschieden. Ich habe da in dem Cup 6 Bullets gefeuert und bin raus. Also ich habe das mitfinanziert hier. So, da kommt der Boah, Call. das könnte der alles entscheidende Pot werden, Leute. Das könnte es sein. River-Karte ist die Karo 5. Und Kral spielt von vorne. Setzt er ihn all in? All in. Geht all in. Den all in. Oh mein Gott. Und jetzt Mephisto muss einen Call machen. Da kommt Da der ist der Call. Da ist der Call. Was zeigt Kral? Ass 2 gegen Bube 7. Und Kral gewinnt den Eureka Cup für 52.600 €. Wow. Hi, we are in King's Casino. Welcome to the Eureka Poker Tour. Perfekt. Herzlich willkommen, liebe Leute. Hier sind wir im schönen Kings Casino. Einen Hallo, wunderschönen, hallo. dass Hier ihr sind alle wir. eingeschaltet habt. Unsere liebe Bardame, dein Name? Hi, I'm Ala. I'm a bartender in King's Casino. Nice to meet you. She's the best. Ist es soweit? Hase geht rein. Alle mal die All-Ins in den Chat, Leute. Mit circa All-Ins in den Chat. 50, 60k. Jetzt ist es soweit. Komm, Double up, Double up, Double up. Vielleicht kriegt er auch keinen Call. Ich möchte einen Double up. Button überlegt und folded. Small Blind guckt. All-Ins in den Chat, Leute. Bauchbindenfetischist ist wieder da. Small Blind ist auch weg. Und was sagt der Big Blind? Big Blind macht den Call. Zahlt und Wir hat. brauchen den All. Oh, Okay, bin ich fein mit. Oh, dann gibt's einen Flip. Wir haben 7er. So. Wir denken alle an eine 7. Every time 7 is coming. Ich sehe die 7 schon. Und da ist die 7. Sehr gut. Okay, Turnkarte 7. 7! Time 7 is coming. Boah, kein Peak. Jetzt. Was ja, so, dann so. Lass mich nicht hängen. Bam! So, bam! Leute. Misty? What you say, Floman? Miss Deal. You don't receive possible. Oh, Entschuldigung. Hab ich dich, Nein, da schmutzt der Schrucht deine Sohle an meiner Gerne. Hose ab. Das ist völlig gerne mal. Wir sind noch Call. Hempi hat Ass Dame. Ass Dame gegen Asse. Gegen Asse, wie kam das denn? Aber es ist ein Shotstack. Komm, König Bube 10. König Bube 10. König Bube 10. König Bube 10. König Bube. König. Bube. König. Ich wette noch kommen. Mann, ey. Aber das ist nicht viel. Hempi ist noch am Leben.
War das wirklich nur ein Short Stack? Ich dachte, das war der Big Stack. Das war nur ein Short Stack. Nein, das war der Big Was? Stack. Oh no. Oh no. Es war der Regular aus Asch. Ja, Nein. ich kenne den Spieler halt auch. Der ist sehr, sehr auch aggressiv, dass er jetzt mit der Hand da sitzt. Von daher. Here we go. It's Roberto. Hello, everybody. Hello. How you doing? What's up? What's up? Roberto, can you introduce yourself to the community, to the people that are watching? Hello, What are you everybody. doing? Who are you? Why are you here? My name is Roberto. I am from Costa Rica. I'm of the original PokerStars people, so. He is one of the OGs. Yeah. Original gangsters. And here I am working registrations and doing a little bit of everything. And then I have the pleasure to be with Felix. Doing commentary with me now. That's amazing. Yeah. Roberto, always in a good mood. Best man. Thank So you good. very much, everybody. Have a good time. Enjoy. Always the best. Take care. Thank you, Roberto. Das war Roberto. Super, Herr oder wer was? He's the OG. Oh, jetzt, wenn ihr das sehen könntet. Die machen gerade hier... Schaffst du alleine oder soll ich dir tragen helfen? Die machen gerade hier... Oh, ey, Kikinho muss hier seine Chips tragen. I had the time of my life and I never felt like this before. Yes, I swear it's so true and I'm holding on to you. Einen wunderschönen guten Morgen und Dobry Den hier aus dem wunderschönen Rosvadov im Kings Casino. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tag 1C beim Eureka Rosvadov Cup. 330 € Buy-in. Gleich geht's los. Vielleicht schwenken wir mal ganz kurz hier auf die LED-Anzeige. Auch gleich ein paar Special Guests, die wir heute am Start haben aus der Community. Es wird ein richtig spannender Tag, Leute. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wir wählen heute Felix im Versuch, Tag 2 zu erreichen im Cup. Und Felix auf Position 9 am Tisch. Startstacks sind 30.000. Die sollten wir da hinten haben. Oh, hier geht's schon ab, aber sieht Shorty, wir kriegen einen All-In-Call. Good luck. Okay, das heißt, da ist Stift schon geflogen. Wir sehen eine Hand. Ah, Dealer, bester Mann hier. Schön in die Mitte. König 4. Gegen Ladies, soweit ich gesehen habe. Eine Overcard. Und wir sehen einen Flop. Der Shorty ist Risk, aber Flop kriegt einfach Nut. Was ist das denn da schon wieder? Ja, aber jetzt wird es nochmal interessant. Oder Dame, ansonsten. Und die 9, da seht ihr wieder, welche Hand wäre die stärkste gewesen? Genau, Hampys Lieblingshand. Nice Flop. Aber, ei. Also, wie ihr das gestern schon erleben durftet, ist das Ganze hier sehr actionlastig. Hier. Also ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich weiß auch nicht, wovon ich spreche. Absolut grundsolides Spiel da mit König 4. Ich hoffe doch. Da kommt aber eine saftige Bet hier am Hijack. Und da. Now if you show the bluff. Show the bluff. Kriegt das hin? I think so. I don't know. Oh ja, okay, vor der Stream. Er kriegt es einfach wieder hin. Bube 2, Bluff. Show the bluff. Ich weiß nicht, der alte Fuchs. Queen Jack. Queen Jack. Close. Ist ein alter Fuchs gerade. Ja, it's easy. Es ist halt auch einfach mit einem Straight Flush oder mit einem Feeling zu gewinnen. Wird schwieriger. Ich spiele schon wieder eine Hand. Unfassbar. Felix nur am Raisen hier. Wir haben gedreibettet nach dem ursprünglichen Open Race. UTG plus 1 oder plus 2. Ich kann den Button nicht genau lokalisieren. Lokalisieren ist Button ist Platz 1. Und die 4-Bet. Ah, sehr aktiv hier der Spieler. Hat natürlich jetzt auch so ein kleines Image, gerade weil er auch seinen Bluff eben gezeigt hat. Ist ganz gefährlich. Aber ist aus der Position heraus eine sehr, sehr kleine 4-Bet.
Ja, es ist halt Weil du spielst halt out of position, wenn Felix jetzt den Call findet, bist du halt immer in einer Kackposition nach dem Flop. An der 4-Better-Stelle. Das ist nicht die schönste, ja, wie du sagst, aber wir gehen Felix All-In. Wir gehen rein. All-Ins in den Chat. Jetzt, come on, Ladies and Gentlemen. Wir brauchen die All-In-Emojis jetzt. In dieser frühen Phase haben wir eine Hand, wo es reingeht. Und wir sehen den Call, Leute. Wir haben Ass-König gegen King Queen. What the hell? Hold. Oh, in Liebe. Na, das wollen wir gar nicht gesehen haben. So, Ass-König, one time. All-In in den Chat. Jawohl, das Board ist wunderbar. Das ist top, das Board für uns. Wunderbar, keep it low. Oh! Keep it low. Wir brauchen einen Ass, Leute. Wir brauchen einfach einen Ass. Ass on the river. Oder wir scheiden aus und What the hell? werden das Ganze re-entern, weil wir mit Ass König gegen König Dame verloren haben, leider. Er hat ein bisschen mehr, glaube ich. Oder? Der Gegner hat mehr. Ja, dadurch die Nebenpot schon. Seat open, gleich wieder Seat besetzt. An einem anderen Tisch. Hallo, das war gar nicht Ass-Dame gegen Ass-König. Nee, es war König-Dame. Das ist Hallo, da müssen wir nochmal zurückspulen. An den Table und an die allgemein hier. Neuer Tisch, neues Glück, neue Bullet, noch mehr Glück. Was wollen wir mehr? So, jetzt die Frage. Keine Flush. Ah, okay, da will nämlich einer den Pot sehen. Aber ich denke, der kann einfach mal gönnen, der Herr. Ich finde, Felix ist sieht sehr, sehr zufrieden aus. Haben wir einen Table Talk? Ne, alle beide leise. Da geht's all in. Und ein ganz schnelles Call, Leute, denn ich glaube, wir sind sehr, sehr gut unterwegs. Könige. Set Könige gegen... Oh, Set over Set. Die beste Turnkarte sehen wir hier mit voller Ausbezahlung. Da seht ihr es. Sitzt. Der Wolf. Herzlich willkommen beim Dauersitzen in Rautzwerdorf. Heute ist das 330er Dauersitzen angesagt. Mit Herrn Schneiders im Small Blind. Keiner möchte spielen. Das sah so aus. Entweder folden oder alles. Das ist nicht viel. Wir haben Bube 7 suited gegen Dame 10. Gegen Dame 10. Pik vielleicht. Kein Pik. Vielleicht ein Bube. Nein. GG. Wie im Heidepark, genau. Ja. Good luck, everybody. Have fun. Oh no, I'm ahead. Shit. No, I'm ahead. Shit, sagt er. Okay, was haben wir denn? Und da ist schon der Flush. Da ist schon der Flush. Zeigt euch der McFly mal die Banner da oben. Damit ihr das mal geht, nämlich von blau über gelb, über hell, über dunkel. Zu einfach, ja, denke ich auch. Ne? Aber wir sind besser und er fühlt sich einfach noch nicht so wohl. Lasst die Wand erstrahlen. Come on. Da ist er, Call. Leute. Wir haben King Queen oder? King Queen gegen King Queen. Wir haben viel Kroase. Okay, wir haben Backdoor. Kreuz. Ah, okay. Da ist. Waren wir nicht on point nächstes Mal. Nein, nee. Everyone loves, waren wir wieder nicht on point. Everybody loves, nee. Jetzt, wir wollten eigentlich keinen Job. Da war ein Kreuz einfach zu wenig. Ja, Hast du das leider, gesehen? Ja. 2 Kreuz. Hallo, können wir nochmal tun? Könnte ein das. Kreuz zu wenig. Wir spülen das. Aber ihr würdet es noch nicht mal merken in eurem Stack. Also, da ist es. Gebt euch einen Ruck. Ruhe, Hand. Vor allen Dingen könnt ihr den Spruch bringen, Felix, von wegen, hey, wenn ihr mich aufdoppelt, bleibt die Kamera hier. Oh, da wird isoliert. Gaffer-Tape. Jetzt, come on. Ass, König gegen gegen Ass 5. Come on, one time. 2, 3, 4.
5. 2, 3, 4. Okay. One time. 4. Kein Herz. 4. That's not the one. 4. 4 in Pik. Wir sind nicht mehr live. Nicht mehr? Der König hat mit den Flush gemacht und wir haben Seed Open GGs. Ach du, ich war einfach am Belieben. Ich wollte gar nicht mehr. Nein, das darf nicht sein. Schade, schade, schade. Da ist leider der Bass. Einen wunderschönen guten Tag. Dobry den und jak się masz. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute hier zu unserem Rosverdorf Livestream. Von Tag 5 ist es bereits. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Tag 5. Ich muss jetzt selber zählen. Heute Morgen hast du mir noch erzählt, du bist aufgehört, ist auch nicht so recht. Was für einen Wochentag haben wir heute eigentlich? Es ist Dienstag, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein krasser Move, Leute. Das kann ich euch sagen. Der hatte keinen Bock mehr. Und jetzt hat er seinen Rest reingestellt. Gegen Race auf 600 geht der Rest rein. Die Maske. Sie nannten ihn nur die orangene Maske. Button überlegt noch. Wie viel sind das, was da reingeht? Oh, Button hat schon gecallt. 3000, 4000. Oh, Hempy callt auch. Oh, jetzt wird's spannend, Leute. Wir spielen noch Postflop gegen den Button und gegen 5 Ass 7. Early Position. Mit 2 Kreuz. Nee, ist nur Button gegen Hempy. Was macht Button? Button bettet 2500. Spannend. Danke für den Sub. Headbänge! Auch Ey, du das ist er. bist jetzt ein Teil Das ist der des Headbänge. Grind-Imperiums. Suppe. Headbänge, ist Subgeschenkt. Ist Suppe. Das ist eine Suppe. Eine Suppe. Suppe. Ein Suppe. Ein Subbe. Yeah, eine Suppe. Suppe, Headbänge. Du bist es. Oh, Hempy raced auf 7000. Oh, was hat Hempy hier? Ass 7 suited, 7er, 5er. Aces? Ne, Aces raced er nicht. Flush Draw, King, Queen in Clubs. Was raced Hempy? Das finde ich jetzt spannend. Ace King geslowplayed, Ace Queen geslowplayed. Irgendein Ass. Aber nicht irgendein Ass. Er hat ja eine 3-Bet gecold-callt. Eine 4K 3-Bet. Das muss ja stark sein. Hempy hat Dame 9. Oh. Spannend. Button called. Das geschrieben. Oh, Leute. Ruhe. Wir spielen Hand hier. Jetzt wird's spannend. Ruhe. Turnkarte. Herz 4. Die sollte... Oh, Hempy ist All-In. Sehr confident All-In gesagt. Ich glaube, Hempy hat's. Hempy hat Ace King. Und der Kollege hat Ace Queen. Ich sag auch, Hempy hat Ass König oder Ass Dame. Also, Ass König müsste eigentlich Preflop reinstellen. Der kann eigentlich keinen Ass König haben. Hempy kann keinen Ass König haben. Seltsam. Was hat Hempy? Die Hempy King Queen of Clubs? Ace King stellt er doch Preflop rein. Wahrscheinlich hat Hempy 5er. Oder Ace Queen suited. Er kann Ace Queen suited haben. Jetzt bin ich nervös. Ich bin auch nervös. Ich hoffe halt, dass Button so Ace Jack oder so hat. 7er könnte er haben, ja. 7er, Könige glaube ich nicht. Könige gehen auch Prä rein. Also er kann 7er haben, er kann... Ja, 7 suited callt er keine 4K mit. Auf gar keinen Fall. Also wenn hat er 7er oder Ace Queen suited. Can you put it down, please? Yeah. When you look in your cards... It Yeah. is. It is, yeah. It Put is it down, important. please. Keep it close. I know it's important, but they cannot see my card. Wie er einfach... Er ist einfach ein richtiger Trotzkopf, ne? Kleiner Trotzkopf hier, die 2. Ich mag ja sowas. Bisschen gut für TV hier. Sehr schön. Leute, es gibt richtig Action, ey. Ich hoffe wirklich. Also, Ace King hätte schon gesnapcallt. Ich glaube, Ace King hätte gesnapcallt. Ich glaube, Hempy hat King Queen of Clubs, Ace Queen suited oder Pocket 7er. Das ist mein Read. Alle anderen Hände würden für mich keinen Sinn ergeben. Das Schöne ist ja, wir werden es sehen. Hempy hat immer eine stabile Tischpräsenz, ja. Immer sehr confident, wenn er reingeht. Darf gesprochen werden. Ich glaube mit einem Zwangs-All-In, ja. Da ist der Call. Hempy hat Ass 10 in Karo. 10 Ass. Ah. Und Button hat Ass Bube. Oh, der Shotstack hat Straße gemacht auf dem Turn. 10! Ah, fuck. Ah,
Ach, mein Häschen. Wir haben uns gerade schon so richtig warm gegroovt hier mit dir. Wir haben richtig mitgeschwitzt. Mann. Gute Karten bekommen. Ich mache den Move halt, weil ja, am Turn kommt halt dann auch kein Flush an. Und wenn er da mit dem Flush-Draw unterwegs ist, muss er eigentlich schon folden, weil das kann er sich nicht angucken. Und da ich selber ein Ass habe und auch nicht gerade das schlechteste Ass, ganz wohl, er hat ja doch sehr überlegen müssen. Und vielen lieben Dank, ihr Lieben. Guck mal, siehst du, hast du gerufen, hast du gejinxt? Hast du gejinxt? Ich bin doch da. Ein bisschen mit, guck mal, wie du zeigst. Gerade noch in der Kommentatorenkabine. Jetzt muss er sich mit einer Massage bei Hempi für 1,50 die Minute Geld dazu verdienen, Felix. Dankeschön, alles gut. Hat aber nicht viel Arbeitseifer da an den Tag gelegt. Dass da so eine Hand liegt. Ja, All-ins in den Chat ist die Hand, ist es. Er callt. So, was haben wir da? Wir haben Pocket 4er gegen Ass 5. Jetzt müssen die 4er einfach halten. Da ist die 4. Leute. Jetzt möchte ich die 4er-Wall hier im Chat sehen. Hempi hat Entscheidung. Hempi hat Entscheidung, Leute. Ist das doch unsere Hand, habe ich doch gesagt. Oh Gott. Boah, ich hoffe, Hempi hat irgendwie Damen oder... Ja, da geht's. Oh, Hempi geht rein, Leute. All-ins in den Chat. Let's go. Komm, alle jetzt All-ins in den Chat. Vorpauseninszenierung, das ist sie. Das ist die Vorpauseninszenierung. Ja, ich habe meine Entscheidung Das ist der Call. Oh, er hat seine Entscheidung getroffen. Das ist gut. Das heißt Ass König gegen 5. Ja. Halten. Hold. Und wir brauchen eine 5. Und die 5. 5. Bring auf dem River jetzt die 5. Kreuz. Ach, scheiße. G in den Chat für ein Hempi. Ach Mensch. Wie eben, ich denke, die 4er sind auch fein rein. Haben wir natürlich auch Glück mit dem Set. Da der Herr ja, in der Mitte sehr aktiv ist und auch ja, eben auch gesprüht hat, habe ich gedacht, kriegen wir was zurück. Ich so mache. Streamen. Okay. Nicht nur am Pokertisch sitzen und Karten spielen. Ja, verstehe. Da habe ich mir gedacht, komm, ein bisschen kommentieren. Klingt logisch. Ja? Dachte ich mir doch. So, wir haben ja All-in Ass Dame gegen, was ist die andere Karte? I don't know. Draw kommt nicht ein. Aber ich glaube... Cindy. Oh, Cindy. Double up. Cindy! Ja! Er hat verdoppelt. All-ins in den Chat. Cindy! Sehr gut, wir haben es fast verpasst. Einmal laufen wie Cindy. Und All-in hat Dame 10 suited gegen Queens. Komm, bring Pik. Pik. Oh, komm. Flush-Draw, come on. Und Pik Ass. Pik Ass kommt auf den River. Und. Oh! Und MP macht. MP. Oh mein Gott, was ein Runout. Kojak, hast du uns gefahren? Ich glaube, wir waren sehr anstrengend. Wir waren sehr anstrengend, glaube ich. Wir waren super anstrengend. Ja. Lag aber nicht an den Drinks. Nee. Nein, meistens. Das ist die Combo. Das macht die Combo. Oh, Hempi ist all in, Leute. Auf geht's. Wir dürfen das nicht verpassen. Damen gegen Ass 10. Wir müssen halten, Leute. Jetzt die Damen halten. Komm. Sehr guter Flop. 5-3-8. Keine Backdoors, außer die und die 3. 2. Guter Turn, sicherer Turn. Jetzt einfach mal eine 10. Und jawohl. Happy. Da macht er die Siegerpose. Wir sehen es von hier. Geil. Und zwar den da. Ja, wir sehen es. Wahnsinn. Take a picture. Da hat man immer noch ordentlich Fold. All-ins in den Chat, richtig so, genau. All-ins für Cindy in den Chat. Jetzt kommt ein Double Up, ich merke das aber auch. Cindy-Ding? Ja, klar. Klar haben wir hier ein Cindy-Ding. Da. So, ich bin da ganz neu bei sowas. Und ich glaube, wir haben auch ein All-in. Oh, Call ist da. 10er. Pocket 10er, schwarze 10er gegen. Oh, super Spot. 80-20 hier für Cindy. König, Dame. Die 8. Safer Turn. Ja, und das Full House auf dem River. Was ein Pot für Cindy. Einmal so laufen wie unsere Cindy, oder? Einmal. Kaboom. Gratulation, meine Liebe.
Aber jetzt so Bube 10 suited in Kreuz würde ich Das feiern. wäre sehr nice, ja. Ich habe auch gelernt, also wirklich auch vor einem Call sich ein paar Sekunden Zeit lassen. Nicht Snap-Callen, keine Snap-Calls machen, Leute. Kann ich euch nur empfehlen. Denkt immer noch ein paar Sekunden nach. Oder macht zumindest den Anschein, als ob. Und jetzt haben wir dann Kreuz 7. den Flush. Check around. River ist die 9. Bube 10 stabil jetzt. Jetzt wäre dein Tipp ja gut. Bube 10 wäre jetzt top. Okay, alle Showdown. checken. Pocket 8er. Pocket 8er. Sind gut? Ach komm. Nicht wirklich. Nein, Hempi hat die 9. Bube 9 von Hempi. Lieblingshand. Ja, der muss seine Lieblingshand spielen. Entschuldigung. Ich wollte mal alle wach machen. Aber gut, dass du doch die Hand davor gehalten hast, damit das so richtig. Boah. Könnten wir den Kopfhörer bitte markieren, dass nur noch du den benutzt jetzt und noch einen neuen bestellen, Kojak? Stellt euch jetzt nicht so an. Sich Olli ein. Cindy hat schon die Hand gesehen von dem Kollegen. Nicht spoilern. Bitte. Oh shit, was hat Cindy? Vierer. 4. Und Willen Wir hat brauchen jetzt die 7. Macht. Ach du Scheiße, wir brauchen Die Macht. Alle denken, wir haben 4. 4 in den Chat, Leute. Alle mal 4 in den Chat jetzt. Los, 4 in den Chat. 4, 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 4. 4. 4. 4. 4. Ja. 4. Und 4. 4. 4. Ja. No. Lange Kartentod, aber am Ende Hammer. So, ihr Lieben, da sind wir. Oh. Ja, Leute. Merci. Mein merci. Häschen hat eingetütet. Ich bin stolz. Ist nicht viel gewesen, aber am Ende Tüte ist Tüte. 61.000, genau, da wird es geschrieben. Ach, dann, ich mache noch gerade ein Bild von uns beiden hier. Einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Kings Casino in Roßwaldorf. Herzlich willkommen zur Eureka Pokerstars. Zur Pokerstars Eureka Poker Tour hier im Kings Casino. Da ist er. Felix. Auf dem Weg zum 330 € Cup von der Eureka Tour in Roßwaldorf. Wir spielen. Jetzt muss ich mir selber die Uhr hier aufrufen und die Infos. Wir spielen 30 Minuten Level, wenn ich es richtig... Oder ja, doch, wir spielen 30 Minuten Level. Wir starten mit 100, 200 und 200er Big Blind Ante. Mal gucken, ob wir ein paar alte bekannte Gesichter am Tisch sehen. Hello. Ja. So, Ruhe. Wir spielen Hand. Race 800. Gerne jederzeit. Celko, wie gesagt, es ist keine Selbstverständlichkeit und da müssen wir das einfach. Vom Herzen kommt das, genauso wie hoffe ich doch, deine Spenden auch vom Herzen kommen. Danken wir dir einfach. Vom Hetze, ob Kölsch. Und wir sind Heads up. Und wir sind Heads up. Hört sich auch gut an. So, wir sehen einen Flop. 10, 6, 3. Pik. Karo. Kreuz. Regenbogen. So, check, check, check. Free Card für alle. Ja, wir sind ja Heads up, das heißt für beide. Die 7 bringt jetzt möglich 8, 9 an. Wir sind doch zu dritt. Wir sind zu dritt, darum. Aber Dealer meinte Heads up, deswegen. Ja, hast du Heads up verstanden? 2.5. 2.500 vom Felix. 2.5. Ich meine, der Big Blind ist noch drin. Ja, Big Blind hat auch mitbezahlt. Darum sind wir zu dritt. Oder? Am Vielleicht auch Button Heads up. wird das Ganze gecallt. Wir sind Heads up gegen Button. Dann war es mein Mistake. Und jetzt haben wir da wieder eine Einkartenstraße da liegen mit einer 8. Die 8 würde hier sehr lachen. Frage ist immer, ob auch da der Button... Wir gucken nochmal zu unserem Stack. Und...
der Range ist. Ja. 3.500. Sehr schöne Value Bet, da wird kurz geschmunzelt. Und das ist meist immer so ein Ding, ich muss das callen. Und wir drehen ein Set. Ein Top-Set sogar. 10er rum. Einmal das Top-Set. Ich hoffe, dass da jetzt nicht. Better. That is better. 4, 5. Oh Gott, Straße wird gezeigt. Die haben wir ganz außer Acht gelassen. 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir ja nur so gemacht für uns. So, wir sind am Button. Weniger Action. Könnte, wenn das jetzt ein Triple-Up sein, hoffentlich auch je nachdem, jede Live-Hand geht da rein. Das heißt, jetzt dürft ihr spammen mit einem All-In-Emoji. Wir sind drin nach Open Race und ich glaube, Call könnte das sein, was McFly hier eben schon Triple Up, easy. Gesagt hat gerade gegen. Visualisieren ist jetzt wichtig, Leute. Visualisiert, dass Felix die Hand gewinnt. All-In-Wand, come on. Lasst einfach einmal alle die Augen kurz zu machen. Visualisieren, wie Felix Chips zu sich nimmt. Da ist es, das Triple Up. Also beide Spieler callen nach Open Race und Call und Rejam von unserer Seite aus. Abfahrt heißt es hier, believen und hoffe, dass wir eine super Live-Hand haben, so wie 8, 9 suited, ist auch noch der 10 suited, würde ich alles fühlen. Wir sehen einen Flop, ihr dürft die Wall gerne weitermachen. Die 7. 7, 8 suited wäre einfach wunderbar. Und einmal nur. Einmal. So, ich muss, Leute, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Also, habt ihr alle visualisiert? Ich hoffe doch. Ich hoffe, ihr seht das genauso 7, 8 suited, dass die genauso live ist bei einem Open Race und Call mit einem Rejam. Das wird da gesetzt. In den 7 Easy Quads. Zwischen den 2 Spielern, obwohl 4 Spieler in der Hand sind, sind ja 2 All-In. Ja, aber der Open Racer hat auf einmal gecheckt. Und dann hat er hier die Bet gemacht und jetzt gibt es auch einen Sidebot. Wir auf ein Lowboard, noch eine 4. Das 4 ist auch da. Und da wird wahrscheinlich, ich vermute mal, ein Overpocket sein, 9er. Aber wir sind mit 7, 8 unterwegs. Fühle ich. Komm, lieber Pokergott. Lass den Hempi einmal wieder gut gelesen haben. Da eine schwere Entscheidung. Jetzt je nachdem sein Ass loszulassen. Ass X. Da gibt es den Call. Und wir sehen einen River mit der 5. Ach, come on. Eieiei, die Action gefällt mir gar nicht. Gewisse Straßen kommen auch an. Er schaut sich das Ganze nochmal und guckt nochmal auf die Uhr gerade. Ja, ist aber auch nicht so ganz sicher, ob das. Der Anspiel hat bestimmt einen Overpair. Na, König hoch. König Dame, König hoch, come on. Buben, Kölsche Jungs, das reicht. Oh. Und 10er. 10er. Wunderbar, Leute. Ja. Im Almanach hat mal wieder das Richtige gestanden. Sonst hätte ich auch den Verleger mal angerufen. So, Leute, da seht ihr, was ihr mit so einer kleinen Wall, die ihr gerade auspackt. Weil wir haben ja schon auch mal eine größere geschafft. Das hoffe ich dann bei der nächsten Sache, genau. Jetzt gibt es hier mal ordentlich hier Emojis. Abfahrt hier. Kölsche Jungs sind einfach so stark, ja, da sind wir wenn wieder, die ne? beim Kölschen Jungen auch da sind. Also. Da sind wir wieder. It is so far. Das sind 3.000, das sind genau 4.000. Unfortunately, yes, probably, unless I come back to the table. All in Call. Was haben wir denn? Wir haben Deuces gegen Ass Junge. Und natürlich kommt sofort der Junge. Und die 2. Nein. Ja, GG. das ist es gewesen mit der ersten Bullet. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seat 6. I am. Hello. Hello again. So, es ist soweit. Thank you. Zweite Bullet.
Das wäre toll. Vielen Dank. So. Felix in Spiellaune. Felix raised in Small Blind. Big Blind bezahlt. 4, 5, 8. Zweimal ein Kreuz. Check. Check, check. Turn, Herz 10. 15, 8, 19. Schwierig im Moment alles noch, was da kommen könnte. Wir können das Board leider gerade nicht sehen. Aber ich weiß auch nicht, ob da war noch gar keine Aktion. Seit 5000. Es war noch gar keine Aktion. All in. Race all in. All in, Call, Showdown. Was haben wir denn? König, Dame gegen Dame 10. Danke für den Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Das war's schon. Ich finde... No camera. No camera. Ich finde, das muss er für sich sein. Ah, hello, kann man ja hello. morgen mal was zu Hello, erzählen. guys. Ja. So, ne? Das ist ja auch... Trust me, it's more embarrassing for me today, at least. Yeah. Ein kühles Getränk mit Schaum. Ich mag keinen kalten Kaffee. Aber Olli juckt's nicht. Wieso? Du kommst da Mittwoch. Ich hab's doch gelesen. Was ist denn los? Maintain your also checks. Felix stellt jetzt einfach blind rein. Ich hab Tilt. So, jetzt kann man die Sachen nicht in Ruhe eintragen, ohne direkt in der Hand zu verpassen. So, wir spielen Hand. All-in Call raus. Okay, gut. 4000. Mit 4000. Ich habe ein bisschen Angst. Aber das macht's auch spannend, Call. So, wir verdoppeln jetzt sofort. Gar keine Diskussion. Yeah, I watched it. Because my battery is empty. Yeah, but what's the point of watching this? It's fun. Watch us. I'll be looking. You watch yourself. Yes, I'll be looking. You're looking good. I am looking. Oh, it's only like 10-second delay, maybe. Check. That's 9000. Möchte er locken oder ist das Aufgabe? Bet 9000. Wie gerade eben auch 9000. Diesmal wird 9000 in Felix geboten. Ist halt schwierig, ne? Super kleines Board. 7? 7. What do you say, fish? Like this, yeah. And something. Something can happen. I cannot translate it because Felix says to do that with a yes. Of Locker mal wieder alle möglichen Draws, aber. Call. 9. 5, 7. Okay, das ist genug. Ja, Startstack für die dritte Bullet. Ja, der checkt 10.000. Something can happen. All in. Oh, show on, please. All in Call. Yes, king. Ass 10 gegen Könige. Kreuz ist schlecht. Und Jetzt darf auch kein König mehr kommen. Das war dann ein schnelles Exit.
Kann ich noch mal rein. Schnelle Rasur. Ja, das war's dann schon wieder, ne? Schön, Ja, das hat was Spaß fun. gemacht. That was Ja, was fun. Satellite. Oh, shit. Ist Contest. Ist Contest. Hatten wir auch noch nicht, ne? Nee, das hatten wir wirklich auch noch nicht, ne? Das ist echt krass. Ja gut, ich meine jetzt, den Call am River kann ich mir vielleicht sparen. Aber dann wiederum, keine Ahnung, ich kam überhaupt nicht klar. Also der Check Behind auf dem Flop auf 8-5-5 ist wahrscheinlich schon irgendwie verdächtig. Kann halt Ass 7 haben. Ass 9, bettet da Ass 9 da auf dem River. Hello! Einen guten Morgen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Sonntag und Sonntag wird gegrindet. Natürlich hier im Kings Casino. Mein Name ist Felix xflixx Schneiders und hier Co-Kommentator Oliver Petri, wie er leibt und lebt und Schönen guten steht. Tag. Heute ein bisschen früher als die ersten beiden Tage. Heute ist Tag 3. Richtig. Eureka Rauswaldorf. Wir Komm, ich steh auf. fliegen in den Flight Nummer 1E. Das ist der Turbo Flight. Das heißt, schnell viel Chips sammeln. Das. Du nimmst das Mikrofon. Geh mal rein. Tschö. So, Olli, komm mit. 140, das ist 144. Beautiful. Art. Look at this art. The beautiful artwork. Herzlich willkommen bei uns aus der Kommentatorenkabine und direkt zu Felix. Ein wunderschön. Abfahrt heißt es hier am Sonntag. Jalla, Abfahrt. So sieht's aus. Viel Spaß und ich hoffe, den werdet auch, habt ihr auch. Rein in die Action. Rein in die Rein in die Aktion. Action. Da werden nochmal kurz Kärtchen verteilt. Hat man dann spielt. So, Dame könnte auf beide zutreffen. Der Gegner schon gecheckt. Felix Continuation bettet mit 1200. Schneller Call vom Gegner. Macht er auch mal gerne mit 7ern oder mit 8ern. Mit 7ern oder mit 9ern. Da kommt doch eine 6 dazu und jetzt wird von vornherein gedonkt hier. Was haben wir da? 1600. Felix vor der ersten Entscheidung des Tages. Das ist doch wunderbar. Aber das sieht nicht nach einem Fold aus. Die Überlegung. Ich sehe noch keinen Stirnrunzeln. Noch runzelt nix. 4.8. Oh. Wir raisen das Ganze auf 4.8, 4.800. Ja. Da wird nochmal nachgefragt. Und auch schnell der Call. Die Wechselchips zurück. So, der River ist die Herz 5. Bringt eine One-Card straight mit einer 7. Also wenn wir jetzt hier 7er haben, fühle ich check. Und da Da ist die spielen wir Dame- gegen Dame 9 Dame und Dame 10. 10. Kicker Dame spielen. zählt. Erster Pot des Tages. Wunderbar. Let's go. Ja, das ist doch schön. Aber, was habe ich gesagt? Beide haben diese Dame Range. Ach, ist das schön, die erste Hand so direkt so ein bisschen gefühlt, den Read zu haben. Oh, wichtig. Da der Kicker einfach, Gott sei Dank. Das ist ein Call. So, das ist auch ein Call. Die schwarzen Chips sind echt manchmal, je nachdem, wenn auch das Kings-Logo da ist, bin ich manchmal schwer mit meinen Augen. So, da ist ein Race. Da ist die 3-Bet auf 3000. Genau. Und Felix überlegt auch. Call. Das ist die erste Limp-Runde auch. Felix überlegt auch. Ja, da wird mal kurz gerundet. Das wird ein Re-Race geben. Ja. Eine auf 8K. Eine schöne 3-Bet. Das ist ein 4-Bet schon. Nee, bei einem Limp. Limp, Race. Limp auf, und dann wird direkt auf 3000 erhöht. Auf Limp, Race. Und jetzt haben wir die 3-Bet ausgepackt. Okay, direkt auf 3000. 3000 und wir gehen auf 8000.
So, mal schauen, was hier die Position 2 und 3 als Limp damit uns sagen wollten, aber beide folden. Jetzt bin ich gespannt auf unseren Razor, wo wir drauf Position haben. Kriegen wir eine große Action. Da gibt es ein All-In and Call. Wir sehen bei uns Ladies gegen Vierer. Come on, one time. Hold. Vierer schiebt er rein. Wir callen das Ganze. One-Time Hold. Wir sehen 8, 3, 7 auf dem Board. Wir spielen Karo, die 10 auf dem Turn. Jetzt einfach nochmal die und bringen König. Und die 3. Wunderbar. Das heißt, wir... Ja. Ich glaube, wir covern ihn sogar. Das ist aber ein knapper Double-Up auf jeden So, Fall. jetzt mal würde ich gerne sagen, lieber Chat hier, jetzt sollte es doch mal die erste Runde Emojis regnen. Ich glaube, wir haben ja einige Hände drauf. Felix nimmt's ernst, was wir gerade sagen. Und raced UTG. Natürlich. So, jetzt der Erste eigentlich steht schon aufgestanden ist. Oh, mit dem Rucksack auf nochmal Er raced auch. Er macht die 3-Bet. Der gar nicht eigentlich mehr spielen wollte, ist halt immer so eine Sache, ne? Das kann jetzt gut gehen. Das kann auch jetzt mal ganz in die Hose gehen. That's what we wished for, huh? Okay, so you play 15, 16? No, 23. 20, oh, 20. Total, I think. Looks less. 21. Thank you. So. Noch gesamt mit dem 5.800, die da in der Mitte liegen. Irgendwas mit 21.000. Ein paar kleine Hunderter. Das heißt eigentlich so fast den gleichen Stack. All in, push. Okay, das... Ja, wir covern ihn. Also ich würde schon sagen, dass wir ein wenig mehr haben. Er ist nicht zufrieden darüber. Und das ist das Ding, was ich gerade gesagt habe. Da kurz vor der Pause. Er ist jetzt aber auch mit dem, vielleicht gar nicht, selbst wenn du jetzt light unterwegs bist an Felix Stelle, wo ja, ich eigentlich nicht ausgehe, wenn ich ehrlich bin, aber ob du jetzt mit 30.000 mit der ersten Bullet heute reingehst oder dann eventuell nochmal die Möglichkeit hast, nach der Pause nochmal mit 30.000 und jetzt eventuell Chips mitzunehmen. Ja, er ist erst Risk halt, ne? Er muss jetzt überlegen, ist er bereit dafür? Nein, er foldet. Wer aufsteigt, wer aussteht, der foldet. Ja, das ist ein Fold. No, I got pocket deuces. Really? Pocket deuces. Wir zeigen eine Hand. Blind all in, Kappa. Und diesmal sind vom Spieler auf Position 9. Schnelle Folds. Jetzt guckt Felix am Button drunter. Und Felix geht drüber all in. Felix mit dem Gaffer-Tape. Pocket Buben gegen Ass 10 gegen König Dame. Danke. So, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu den Irish Open 2024. Wir spielen das Main Event, Flight 1B. 1150 Buy-In. Ich bin GJ, Reggie und Kojak. Das müsst ihr erstmal hinkriegen, ne? Also, manche, ne? Ja, ich ändere das sofort. So, auch Felix ist wieder da. Und aber sein Big Blind verpasst, so wie es aussieht. Ich werde jetzt mal hier kurz die Sachen aktualisieren. Beginnen wir mal damit. Ich bin Olli. So, wir befinden uns in Level 10. Das ist das letzte Level, in dem wir uns late raggen könnten. Hätten wir das getan, hätten wir übrigens mehr Chips als jetzt. Soweit ich weiß, wir sind bei Blinds von 6, 12 und 12. Und wir haben, ich habe mir extra die App aufgemacht, das könnt ihr zu Hause auch tun natürlich. Ne? Wir haben 813 Spieler. Das ist schon krass, ey. 813 Spieler und davon sind noch übrig
374. 374. Der Rest sollte stimmen. Schön, dass ihr da seid. Bei euch ist es, glaube ich, 21:27 Uhr. Hier ist es 20:27 Uhr. Wir spielen heute genau das war's. Deswegen ist es zur gleichen Zeit fertig. Hier wird heute nicht bis ins Geld gespielt, glaube ich, sondern heute wird in Tag 2 gespielt. Das heißt, wir spielen genau 14 Level. Heißt also, wenn wir uns, was natürlich passieren wird, verfünffachen und eintüten, so wie Flasche das gestern zum Beispiel gemacht hat schon, dann endet das Ganze. Wir haben nämlich gerade draußen gerätselt, das kann doch nicht sein, wenn jetzt noch ein Level Late Break ist. Dann sind wir doch niemals um 12:30 fertig. Doch, sind wir auf jeden Fall, denn es werden genau 14 Level gespielt. So war das. So, herzlich willkommen zurück. Have you seen it? Yeah, I noticed before, yeah. Like, Kommt ihr zur Europameisterschaft nach Velden? Ich weiß nicht mal, wann die ist, ehrlich gesagt. Also denke ich eher nicht. Wir haben einen sehr vollen Schedule. Und da sind manche Sachen noch nicht mal durch, beziehungsweise offiziell und so. Da seid ihr ja wieder. Grüße nach Luxemburg zurück. Auf ein paar Getränke danach am See geht es sich sicher aus. And I did some things for television also, so Sweet. I know the Yeah. setups a bit. Mississippi. I don't get involved with the technical stuff. Yeah. Usually, I just talk. Yeah, me neither. Not anymore. I used to do everything by myself when I did the yeah. online streams, but it's good that you know how to do it, but now, Right. of course, I'll just focus on that stuff. Everybody has their own specialty role. So. Warten wir mal ab, ob Felix die Hand spielt. Spielt er nicht? Also, herzlich willkommen auf Twitch, herzlich willkommen auf YouTube. Schön, dass ihr alle noch da seid. Welcome back to our English viewers. If there are still some English viewers, I am a bit too loud, I think. I think they turned up the volume because of our last guest, Reggie. We're thinking about getting like a tour bus or a van or something like this and just travel around. So just remember, you're welcome. If you're an English-speaking individual, you're more than welcome to ask any question in English. I don't have to answer the question, you know that. But you can do it. Hallo Thomas. Hallo Knadraton. I Ne? mean, the guys that are running around with these things that they're holding in front of them. Yeah. But this is also very tough to hold over like, I mean, this is easier to hold for like half an hour, an hour. Ja, Felix erzählt gerade allen, wie einfach das ist zu halten. Er hat das ja selber auch schon mal 12 Stunden lang gemacht, so wie wir. Er weiß natürlich, wovon er redet. Ne, Kojak? Hallo Olli, liebe Grüße aus Neuzelle. Yeah, Grüße zurück. Well, Olli is my co-commentary for EPT commentary in German. So, wir haben ein All-In und ein Call. Dreier gegen Damen. Wenn das an dem Tisch so weitergeht, kommt als Door-Karte direkt die 3. Nope, not this time. I have no idea, by the way, how many 1 or 2 outers were dealt here. It was strange to watch. So for the last 2 hours, I got the camera, so I was at the table, and I thought to myself all the time, Jesus, how is that possible? But anyway, herzlich willkommen zurück, Leute. So. Thank you very much. Thank you very much. Und ich wiederhole mich gerne übrigens. Solltet ihr euch überlegen, Hello and welcome. hierher zu kommen, Thank you. denkt gar nicht so viel drüber nach, sondern macht's einfach. If you think about joining us here in Dublin, just do it. Ja. Kojak, ihr habt es gesehen. Das war noch höher gestellt, wahrscheinlich von Reggie. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu laut.
Ich hoffe, das ist okay so. Ich habe das jetzt einfach wieder so weit runtergezogen wie den anderen Kopfhörer. Ich hoffe, das ist okay. Hi Shelko, moin. The nuts. The nuts. So disappointed. Hat er recht. Hast ja recht. So, let's hope that we can double up, triple up, quadruple up. We have 4 more levels to go. This is the last level where you can enter the game today. The flight 1B from the main event. Also wir kommen noch 4 Level. Level 10. I can put it here, it's okay. I mean, Das it's ist just das a letzte microphone. Level, I know, wo there's man no sich noch items einkaufen kann. allowed. Hallo Rüdi. Yeah, you're right. Schön, dass du da bist, schön, dass ihr alle da seid. Ihr seht wundervoll aus, wie meine Mama jetzt sagen würde. Yeah, we're live on Twitch. We're streaming on YouTube and Twitch. Well, it's a good. I think I should ask about this one. Yeah, it's an interesting one. Like. 255. But it doesn't matter. Can stay here as long as I'm not. Noch eine 2. Und wenn der Tisch so läuft wie gerade eben, hat jetzt jemand kurz und jemand anders hat ein Full House. Würde mich zumindest nicht wundern. So, das ist unser Stack übrigens im Hintergrund. Das ist eine Bet im Vordergrund. 3,5. Wird bezahlt. Und eine Dame auf dem River. Wie heißt der auf Platz 3, wo vorher Dame gehabt hat? Schon wieder. Der läuft gut, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann mal gucken, ob ich das in der App rauskriege. Und wir haben Starting Stack. Nein. Wir haben jetzt 15, 20. Wir haben doch jetzt 25k ungefähr. Was ist das hier? Ass hoch Nuts. Ass hoch Nuts. So, Pokerlens. I never put you into calculations to be honest after the last call. For me, your hand was dead anyway. Tisch Nummer 42. Seat Number 3. Samuel Glocker aus Österreich. 238.000 zur Pause wahrscheinlich. Felix Schneiders auf Platz 8 aus Deutschland hat übrigens 27.100. Ist damit Small Stack am Tisch. Jetzt hat er weniger, weil er seinen Big Blind verpennt hat. Könnt ihr auch selber nachschauen, ne? Die Pokerstars, die Lens-App ist da sehr gut. Hier wird hauptsächlich, die beiden Apps arbeiten zwar zusammen, aber die nutzen das System hauptsächlich von der Pokerlens-App. So ein bisschen wie in Roswardorf, da wird ja auch das eigene System benutzt. Und das hier ist ja kein Pokerstars-Event, sondern es ist ein Event, was mit von Pokerstars gesponsert ist. König 676 Rain. I used to go to Venlo quite a bit. It's not that far from me, so. Seid ihr in Malaga auch vor Ort? Lieber Thomas, ich weiß es nicht. Bevor ich Nein sage, sage ich weiß es nicht. Ich kann dir sagen, was als nächstes ansteht. Das kann ich dir sagen. Ah, yeah, that's the thing. I mean, that's the reason why I wasn't there so far. Und das ist... There was going to be a WBT Amsterdam last year. Yeah. Da ist es. But then
legislation fell through, stars didn't get a license, and then they decided to go to Cyprus instead. Is that Marco Rovers next to him? Lieber Danske, of course I will look it up for you. Yes, it is. Mark Rovers aus den Niederlanden mit 76.000 ungefähr. Zur Pause wahrscheinlich der Stand. Da hast du recht. Scrappy. Hey. So, Ruhe. Wir spielen Hand. Also die Blinds sind bei 6,12. Wir sitzen under the gun und raisen auf 2,5. Und es wird anscheinend gefoldet bis zum Big Blind. Deutschland, Holland. Die beiden verstehen sich die ganze Zeit sehr gut. Ist immer irgendwie ein bisschen strange, ne, wenn zwei die ganze Zeit quatschen und sich gut verstehen und dann in der Hand landen und sehr konzentriert und ernst sind. Aber so ist das halt. Ne? So, he tanks so long. I think this is going to be a race. Which most of the time is really strong from the big blind. Or he knows that, of course, and just pretends to be really strong. And of course, Felix also knows this, so interesting. Geht's jetzt rein? Oder bezahlt er nur? Oder foldet er? All in. Und ein All-in, richtiger Zeitpunkt, Chipse gemacht. Now it's just thinking what the best way to play is. Gesqueezed vom Big Blind. So, und damit sind wir bei 10, 20, 2, 4, 6, 8. Sind wir über Startstack. Oh, yeah. Oh, that makes sense, yeah. Darf so weitergehen. How many? Where's our screen? Jenkins, moin. Oh, yes, that was quick. So long. Third, a quarter of the field left. No, third, between a third and a quarter. Also nochmal, wir spielen heute nicht bis ins Geld. Wir spielen heute 14 Level. Wir befinden uns in Level 10. Das heißt, wenn wir den Tag 2 schaffen, dann wissen wir, dass es genau so lange dauern wird. Hello! Dass es genauso lange dauern wird wie gestern bei Flushy. Knüppel ist da. 32.400. Geil. Moin. Next hand, yellow gold. We are now playing level 3. Small blind is 100. Big blind empty. 300. 1, 3, 3. Blinds up. Und verteidigen wir den Big Blind. Nein, tun wir nicht. Geht an den Kollegen auf Platz 4, den ich schon häufig auf vielen diversen Events gesehen habe. Ich glaube, das erste Mal in Namur, der war aber auch in Paris, in Prag. 30k. Deepruns in like the 1K Eureka in Prague and in Paris. And I mean, a couple of others. FPS. Oop, I get a third one? Sorry. FPS Paris. Actually, so far I've always been cashing in the 1Ks mostly. I think the deepest was 25th in Malta, 24th in Hamburg, 72nd or 75th in Prague. Out of 4,400. So the other ones were a little bit smaller, but Malta was pretty big also. It was a 2,000 something. But I never like made a final table or anything. But I mean, I felt like the results are getting better gradually because I've only been playing regular live poker tournaments for 2 years now. And I had my first 2 EPTs in Prague and in Paris now. So this is the EPT mains.
I knew Prague was your first one. I was surprised to hear. Yeah, I never played before. Because, I mean, I used to stream only online, so I was never really interested. And before I played only cash games, so it was never really like my dream or goal. But now it is. Now it's like totally switched around. Like I don't care about cash games anymore. Yeah. All I want is a trophy. Right. It's like winning a live tournament. You know what you're talking about. I mean. Yeah, one of you, but it's like there's no thrill bigger than that. Right. Yeah. And I like last year, for example, I had a deep run in an EPT event. It was a 2.7k mini EPT, and I didn't look at the payouts at all. And then with 2 tables left, I glared at the payout, and I realized first was 370k, but average stack was 18 bigs. I was thinking, this is retarded. What we're doing last 2 tables, you know? Yeah. And I sort of panicked, and I remember feeling very anxious, like I haven't had before, and I've been playing a long time. I'm like, what's going on? And I ended up making a pretty big mistake with 17 left or something. I open jammed 17 bigs from the cutoff, which is really never a thing you should do in ICM spots. But it just happened for some reason. I had a lot of hands where I was maybe supposed to flip it, but I just ended up folding. Yeah. So this hand I'm just open ripping was actually hijack, I think. Hijack 17 bigs with pocket fours. Yeah, you shouldn't have a jamming. As soon as I did it, I'm like, what the fuck, what did I do? Yeah. And I just couldn't believe I did it. Yeah. And then the small blind thinks for a while, and he shoves over the top, and I'm praying for his king, and he has pocket fives, which is way worse than my play. Yeah, I understand. And it was so devastating. And, Oh god, yeah. And then like 2 months later, I'm at the final table at Venlo, and I'm like the complete opposite. I'm totally calm, and like because it really got me thinking the others. Yeah. I've been working on my mental game, and at that final table at Venlo, I was like totally flat, no emotion at all, and my thought was just so clear, and I ended up winning, and I was so euphoric, just because I was so proud of my progress in those few months. And I also beat a good player heads up, so it was also nice. And I didn't win it with a classic flip, I just made enough flush, and I check call. And let him bluff? Yeah. And Oh, that's the best feeling, huh? That's the best feeling. So I'm all in on the river, and I know if he calls, I'm the winner. You know? Yeah. And he thanks for a long time, and you're sitting there praying, and he ends up calling. Oh, yeah, that's you gotta love that. Bin mal ruhig gewesen, gerade weil ich das sehr, sehr interessant finde und auch sehr spannend. Und Yeah, that's the thing. Like, I think I really like that when you're making progress over time and you really can feel that. Yeah, and it's easy to fool yourself into thinking. Right, it's really hard to say, like because I end up winning 3 live tournaments in 4 weeks or something. Wow! So I had a really hard run then, and you're like thinking like, now I. You got it figured out. Now I see the matrix. Yeah. But it's always like that. It always comes in waves. I feel like there's always going to be the moment when you know you got it figured out, and then you get put into spots where you feel like you can't win anymore. Right. And then it goes the other way around again. So I think the uncertainty is like the thing that really makes people either shine or crumble. It was right here is green 42. We're next to break, so hopefully you dodge the big. Oh, well. Maybe you should go deep. Just wait a moment. Hello. Welcome. We're next to break. Ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ich einfach ruhig bin bei sowas, oder? I don't need to be friendly with you guys. No. Well, we're on camera. You can still be friendly. Okay, for the camera, I will. There was a good post by Ben CB the other day. I really liked that one where he said, I think the most how did he word it? It was really nice. It doesn't matter how good you are, how well prepared you are, how good your strategy is. If you can't handle the stress, if you're not like a person to be like able to perform under stress, it's not going to be for you. Like, and it can happen every time again. Like, you can be the best in the world, and like at some point the stress gets to you in some way or another for some reason.
You're a big man. You guys are really friendly. Because we're on camera. Just for the camera, yeah. Just for the stage. Exactly. Yeah, absolutely. Where is my... DS. I always forget, so usually they take this one away and then I'm like, oh yeah, that's right. I'll get you one too. That's the stream on Twitch and on YouTube. All right. I'll check it out. Race 3. Was plant ihr für ein Budget im Jahr rein für unsere Touren? I think my friends took over the comment section on YouTube. Yeah? Nice. Very good. Can you tell them to leave a subscription? Click on the sub button. That's important. Oh! Möchtest du mitmachen? Ja, ey, wenn du Pause machen willst, mach Pause. Oh. I'm opening the chat and they already recognize me, so that's good. Ah, there you go. See? Easy. Yeah. We'll make everybody famous. So, jetzt müssen wir aber reden, weil jetzt haben wir einen Gast. Guten Abend. Wir sind Olli übrigens, wie ihr sehen könnt hier, ne? Ja. Ah ja, das sind wir ja. Wir sind Olli. Aber ich kann mal deinen Namen dazu schreiben jetzt. Warte. Ich ein bisschen You're from Romania, right? I know that because my co-commentator and me, we do EPT commentary in German. So we had you at the feature table at some EPT, but I don't remember which one it was. I think it might have been... Sehr gut. Also wie last year? Erstmal, wer bist du, warum, wie lange und wie hoch? Prague. Paris? Ich bin der Dim. Ich glaube, viele kennen mich schon in der Community. Ja, ich spiele schon eine Weile Poker. Alles freizeitmäßig natürlich. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal einen Tisch an. Steigen ins Spiel ein. Ich kann dir sogar zeigen, wer dran sitzt, falls du vom Namen her irgendwen kennst. Ich glaube, der Tisch wird gleich aufgelöst, aber das sind auf jeden Fall... Machst du das auch so? Guckst du dir die Namen an? Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Sagt mir jetzt tatsächlich niemand was. Oh God. Wer sitzt noch auf Platz 1? Yeah, that made it to the EPT clips. Den kenne ich, glaube ich, ja, der mit der Goldkette. Den hat man schon mal häufiger irgendwo gesehen, auf jeden Fall. Der Rovers, der sagt mir was, der neben Felix ist auf der 7. Ja, den Namen, den kenne ich auch irgendwo, ja. Und der Samuel Glocker, der hat halt Hände einfach, ne? Der läuft. Okay. Also, der kann sich nicht beschweren. Und ist, glaube ich, auch ein Streamer, hat von irgendjemand gesagt. So. Ansonsten. Das ist der Big Stack am Tisch, auf der 3. Ja, genau, das ist der Österreicher. Er hat 240k ungefähr. Aber wir werden, glaube ich, gleich aufgelöst. Wir haben 26 und er hat 238k. So, Chat ist da. Da ist der YouTube-Chat mit bei. Klangbar. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Danke. Selbstverständlich. Dankeschön. Vielen Dank. So, du bist gebastelt. Was ist passiert? Viele verschiedene Hände. Ja, ich hatte tatsächlich ganz weirde Spots. Ja, ich glaube, das Schlimmste war UTG Open Race 3x, effektiv 60 BB. Ich hatte am Button Ace Queen Suited und Flatte. Flop kommt Ass, Bube, 4 Rainbow. Er C-wettet 30%, ich call. Im Turn kommt eine 6. Wettet 60%, ich call. Auf dem River kommt eine 7. Er tankt lang. Wettet wieder 60%. Ich call wieder, weil er muss jeden River eigentlich auch bluffen, wenn er einen Bluff hat. Und ja, er sagt sorry Bro und hat einfach 5-3 suited, macht einfach Runner straight. Ich habe das gestern hier liegen lassen und Olympia hat das aufgesammelt. Ja, deswegen sind wir hier, deswegen mögen wir Poker ja auch so furchtbar gerne. Aber der Tisch ist auch phänomenal. Ich weiß nicht, wie viel 1 und 2 Auto da gekommen sind. Ja, ich glaube, jetzt auch. Ja, ich hatte noch einen Spot, da hat
älterer Herr reingelimmt und ich hatte Ass 9 suited im Small Blind und Race relativ hoch, weil der hat davor schon der hat alles runtergecallt einfach. Ja, der callt dann halt ein 6x Race. Flop kommt 9 hoch, 9, 8, 3. Ich bet 33% und er jammt einfach in mich rein. 11k, glaube ich, waren das. Das waren knapp 30 BB. Ich Snapcall natürlich, er hat 8,5 und River hat einfach Trips. So Zeug halt den ganzen Tag. Ne? So, also einfach gar keine Chance. Nice. Keine Chance, egal was du machst. Yeah. It was a pleasure. Ich bin der festen Überzeugung, dass Felix sich noch zweimal verdoppeln wird, sobald er an den 130k eintüten. Ich habe ein gutes Gefühl. Dennis nehme ich übrigens. Ja? Nochmal, wir spielen heute nicht ins Geld. Wir spielen in Tag 2. Das heißt, 14 Level werden gespielt. Und dann ist Feierabend. Gestern waren es, glaube ich, 74 Leute oder 72, die weitergekommen sind. It's scary going into part 2. Okay, Yannick, Samuel, 10, 2, ready? Jetzt bin ich gespannt. Zweimal verdoppeln wird. Dann wären es ja 4 Felix. 11, 5, 11, 5, yes. Und du gleich Mystery Bounty. 130k eintüten. Ja, wir wollen da schon ein bisschen mehr. Das geht noch besser als 130k. Ja, ich glaube, heute Morgen hat Cory geschrieben 282k. Yeah. Das Thanks ist for gut. following. Ja. Das hört sich gut an. 77.7. Wenn das kein Zeichen ist. 77.7. That's a sign. 777. Ich bin gespannt. 77. Ich finde es ja immer geil, wenn man nicht weiß, wer an dem Tisch sitzt. Kann Kann man mal ja, weiß gucken. ich nicht. Da wird schon irgendwas. Ich dachte 77. 77.7. Ganz vorne, ja. That's a sign. Paul Clark. 77. Daniel Fortuno. Es wäre witzig, wenn er jetzt an meinen Tisch kommt, an dem ich davor war, aber das ist unwahrscheinlich. Ne, jetzt läuft er dran vorbei. Noch die erste Bullet. Ja, das ist noch die erste Bullet. In dem Flight? Ja. Ne, überhaupt die erste Bullet. Nee, Hat er gestern gespielt, 1A? Nee. Oh, 78, 77. Also wir wissen schon, wo er hin muss. Felix weiß es noch nicht. Over there. Thank you, mate. Das ist aber auch schön. Is this 77? Is this 77? Dass Kojak ihm das heute auch nicht sagt, finde ich geil. So, jetzt schauen wir mal. It's not even saying Weil da anything. jemand kennt am Tisch. Hello. Hi. Das sieht auch nicht so Endlich. Hat ein bisschen gedauert. Ja. nach bekannten Gesichtern aus. 120k, 120k und ganz viele Leute, die genauso viel Chips haben wie er. Das ist lustig. Wir haben 2 Leute mit 120k und alle anderen haben 30. Ja. Also so wie er. Hat er gut gemacht, der Kojak. Sind viele von der Community vor Ort? Ja. Sehr viele, ja. Im Vergleich zu letztem Jahr auf jeden Fall. Das finde ich jetzt aber echt spannend. Da sitzen jetzt 2 Leute mit 120k und alle anderen haben 30. Wenn du da jetzt sitzt mit 120k, machst du Druck. Machst du jetzt schon Druck? Naja, ich denke, ich spiele normal einfach. Nicht ein bisschen aggressiver? Nee, also ich weiß ja nicht. Also wenn viele Shortstacks da sind, dann würde ich ja eher... Ja, da würde ich auf jeden Fall nicht weiter Open Racen oder sowas jetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Rejam kriegst, ist halt viel höher dann. Es ist natürlich abhängig von... Ja. Kommt auf den Tisch an, aber mehr Druck würde ich jetzt da nicht machen als üblich. Ich würde einfach... Wenn übrigens die Dealer oder Dealerinnen am Tisch sitzen und machen, dann machen die das nicht, weil die uns so gern haben, ne? Nee, die verständigen sich so untereinander. Genau. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das jemand hören soll, aber die Floors hören das und zack. Just leave it there. Good Reg, Ellie Fish on the table. Send to friends and family. Dylan, Grind Live, bist du dabei? Ich muss mal gucken. Ja, ich denke schon. No cards will be shown, don't worry. Ja, wie es halt passt mit dem Kind jetzt halt. Ne? Ich bin jetzt gerade Vater geworden That's vor einem Monat.
wir versuchen es auf jeden Fall einzurichten. Tja, alles ändert sich. Ja. Also wenn ihr ein Kind kriegt, der noch keins hat, das Leben ändert sich um 360 Grad. Das ist eins, was sicher ist. Zum Turnierpoker gehört neben dem Können natürlich auch viel Glück. Da muss man halt einige Keyhands nehmen. Naja, es ist halt ein Glücksfaktor dabei. Kommt immer da, ja. Sonst wäre es ja auch langweilig. Sonst wäre es ja auch langweilig. Das war die Schwester von Flaschi. Ah. Lisa. Ach, krass. Irgendwann muss der Kleine ja zum ersten Mal ins Casino. Genau. Ja, das geht leider nicht. Das haben wir auch schon angefragt. Wohnmobil und Sauna wartet auf dich. You want a package online? You want to qualify? Nice. Two. That's even better. This is my force, so I don't do it. Say again? This is force, so I don't do it. Say, I didn't understand you. This is force one. Force bullet. Fourth bullet. Forced. First bullet. Ah. First bullet. I'm from Germany. Yes. The Irish accent is tough. You Irish? Yeah. Thank you. Ja. Ja, das muss man immer abhängig machen vom Tisch halt, ne? Wenn man sich die Opponents anguckt und dann würde ich einfach im Live-Game halt Ich denke wahrscheinlich immer noch falsch. Ich denke mir halt, wenn es ein Tausender-Turnier ist, dann machen sie das nicht so schnell. Was meinst du? Also, dass sie jetzt reinstellen. Nee, aber ich glaube, also ich sag mal, wenn jemand spielen kann, dann nimmt er halt, wenn der Spot Plus wie ist, dann nimmt er den halt einfach. Ja. Deshalb würde ich da jetzt nicht großartig von Ranges abweichen. Das ist so, wenn man jetzt so nah an die Bubble kommt, sobald halt ICM Impact größer wird, dann würde ich halt anfangen, ja, auch was an der Range zu ändern. Ja, wir hatten vorhin einen Herrn am Tisch, der ganz seltsame Sachen gemacht hat. Mit völlig out of position, König 5 auf gedreibettet und ganz wilde Sachen. Aus dem Blinds raus, oder? Völlig komisch, alles ist völlig seltsam. Irgendwie Middle Position, UTG raised, er geht drüber und im Endeffekt hat er dann Glück gehabt, weil er auf dem River Out of Position oder was? Ja, ja. Ja, dann aus dem Blinds oder was? UTG raised und er spielt out of. Ja, und er ist irgendwie UTG plus 2 oder so und raised hat, geht er nochmal drüber. Aha. Also völlig Aha, komische Sachen hat er gemacht. okay, das hört sich komisch an. Ja, das war also völlig seltsam. Und wenn du dann dahinter stehst, also ich zeige ja die Karten nicht, aber manchmal siehst du halt auch Karten, ne? Ja. Dann denkst du dir halt auch immer nur so deinen Teil dabei. And we're back in the main event, Satellite APR. Level number 4, 4x200, we play 400, play 400. Satellite APR. Cryonica. Dennis, wo bist du? Das haben wir uns alle schon gefragt übrigens, Dennis. Dennis, wo bist du? Very young man, Felix, talk to him now. Ah. He said he's a qualifier, right? Er hat gesagt, er ist ein Qualifier. Was machst denn du da? Die Klugscheißer, diese Chat-Klugscheißer finde ich super. Ne? Dein Leben dreht sich um 360 Grad und jetzt geht's los. Ja, dann guckst du in die gleiche Richtung. Da kann ich nicht zustimmen. Bist du doch sowieso schon halb. Zur Hälfte bist du eh schon bei uns eingestellt. Witzig. Was du nochmal ausreizen hier oder was? Halbmarathon, glaube ich. Wirklich? Keine Ahnung. War ein bisschen scheiße, weil wir wurden 16 Kilometer Da hören wir die Lisa auch im Hintergrund, glaube ich. Respekt. Ich glaube, ich kann noch nicht mal 1 Kilometer laufen, ohne irgendwie abzukacken. Nee, ich hasse Laufen, ey. Ja, ich guck mal eben nach, wie lange haben wir denn noch zum Late Rank? Hast du schon 2 Bullets heute da gefeuert? Wo? Jetzt hier im Main? Main? Nee, heute eine. Könntest du ja rein theoretisch, also nur rein theoretisch. Nee. Ja, ne? Ja, ich peile jetzt, ich will sie jetzt irgendwie den Turbo-Flight morgen an. Oder halt 1C, ich weiß noch nicht, was ich mache. Hey, guck mal, der Sammel. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine Bullet, das ist eins, was sicher ist.
Typ, mit dem wir gerade am Tisch sitzen, der Österreicher ist sogar Chipleader vom Day 1B gewesen. Okay. Und wir haben jetzt noch 8 Minuten 30 Sekunden. Jungs, komm, kannst du rein. Plus. Nein. Der Mystery Bounty hätte ich auch Bock drauf. Vor allen Dingen, das ist ja heute Nacht irgendwann fertig, ne? Ja, ich habe auch irgendwie so, ich habe ein gutes Bauchgefühl jetzt bei dem Turnier. Keine Ahnung, manchmal hat man ja so Gefühle, die tief aus dem Bauch kommen. Ja, ich finde, das sollte man noch nicht unterschätzen. Ja. Ohne Witz. Genauso, wenn du überlegst, bezahle ich das jetzt nicht? Was mache ich oder so? Man sollte das nicht unterschätzen. Viele Leute lachen drüber. Ich finde das gar nicht so. Twitch-Bann wegen Maurer-BH. Niemals. Der hat Maurer-BH. Der Bruder hat ja schon gut vorgelegt hier. Es können live immer Sachen passieren. Da kann jetzt auch einer hier, ne, den Flitzer machen, gleich an der Kamera vorbei. Das kann er. Kommt ja immer drauf an, hältst du drauf? Machst du das mit Absicht oder, ne, das hat ja alles noch irgendwie ein bisschen mit zu tun. Ich habe wichtige Termine, sagt Dennis, am Wochenende Caprice Festival in... Oh ja, das kann ich verstehen, ja. Montana. Ist das ist fast eine Pflichtveranstaltung, ja. Ja, das ist ein Techno-Festival. Oh. In den Bergen. Das ist natürlich ein wichtiger Termin. Ich klugscheißer nochmal, das heißt Maurer-Dekolleté. Ja, so, jetzt gehen wir uns noch gar nicht auf die Action am Tisch konzentriert. Spielfertig Hand. 1.2. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, war ja Open Razor. Spielt er nur gegen den Blind. Mit 1-2. Weniger geht nicht. Langt. Nuts. Felix hatte bestimmt Asse. Das war kein Private Pot. Single Race Pot. Oder war das Blind vs. Blind? Ich sehe nicht, wo liegt der Button? Jetzt aber. Ah ja, das war Blind vs. Blind. Hier werden Stühle gebraucht. Man klaut uns gerade einen Stuhl, weil der Saal voll ist. Oh. Und wenn wir jetzt mal hochgucken, ist er auch wirklich. Holy shit. Ja. Also falls ihr Bilder seht, ne, oder irgendwie auf Twitter, YouTube, was weiß ich nicht, wie irgendwie da vorhin mal den Saal leer gesehen habt, es ist alles voll und es ist Donnerstag. Ich hab ein bisschen Angst vor morgen und übermorgen übrigens. Ja, also letztes Jahr ist am Wochenende komplett eskaliert, da war Freitag richtig volles Haus. Und da es jetzt, keine Ahnung, Dienstag schon ultra voll war, ja, denke ich, das kann morgen richtig eskalieren. Wenn ich das richtig sehe, alle folgen. Small Blind Raised. Felix geht auf. Oh ne, da war noch jemand in der Hand. 4, 9, 6, 10. Ja? Da. Hello, mom of. Mircea? Mircea. You're Romanian? Yes. Ah, cool. Oh, Rumäne, okay. Ich glaube, hier ist alles. Ja, Rumänen sind in der Regel gute Spieler, tatsächlich. My mom Die Erfahrung haben wir auch gemacht. as well. That's good. Mit 4, 5. Die Iren sind sehr religiös, dass die ausgerechnet Ostern zocken. Ich glaube, die zocken immer. So, jetzt haben wir leider gar keine Hand richtig kommentiert, aber ich muss jetzt schon wieder los, weil jetzt geht mein Turnier los. Wenn dir langweilig ist, bist du jederzeit herzlich willkommen. Ja, in der Pause komme ich vielleicht nochmal vorbei, falls da noch ein Platz neben dir frei ist. Mach das. Aber gewinn erstmal das Turnier. Das ist wesentlich entspannter. Hier, good luck. So. Ist da morgen auch ruhiger Abend? Ja, morgen ist hier ganz ruhiger Abend. Also ich kann euch sagen, ab heute haben die Lizenz hier rund um die Uhr Alkohol zu verkaufen und Essen zu verkaufen. Das heißt, man hat uns gesagt, wir waren eigentlich im Nachbarraum. Man hat uns gesagt, wir können nicht im Nachbarraum sein. Spätestens ab Donnerstag ist da Alarm. Ne?
Also ich kann euch jetzt schon sagen, wenn Kojak jetzt mit der Kamera rübergehen würde, wir haben drüben, wie viel waren es vorhin? 40 Tische hat er, glaube ich, geschrieben. Es wird mit Sicherheit an 30 Tischen Cash Game gespielt. Und das wird nicht weniger werden. Im Gegenteil. Do you know something about whatever? I don't know. No, I don't know something about whatever. I'm sorry. Wie sind die Rahmenbedingungen vor Ort? Kosten von Hotel, Essen etc.? Also es gibt mit Sicherheit Venues, bei denen das Essen günstiger ist. Es gibt aber auch genug, bei denen es viel teurer ist. Und ich glaube, die Unterbringungskosten, wenn du spät buchst oder jetzt vorbeikommst, wird es sehr teuer. Es sei denn, du schaust mal nach einem Airbnb oder so. Jenkins. I'm looking forward to it. So, und ich glaube, wenn ich einen Blick werfe auf die Uhr, mal aktualisieren. 2 Minuten 20 haben wir noch. Und dann gehen die Blinds hoch. Guck mal, da kommt Dylan. Nein, das ist Heiko. So, jetzt ist gerade... Wir hören noch Sound, wir sehen aber nichts. Geben wir der Technik eine Sekunde. Tja, Heiko. Deine pure Anwesenheit hat das Bild zerstört. Habe ich es kaputt gemacht? Ja. Mist. Skandal. Es kommt aber auch nicht wieder. Was ist los? Jetzt ist es wieder da. Ich glaube, Kojak läuft gerade rum und das ist nicht eine nicht so gute Idee. Wir sehen jetzt gerade Min im Still quasi, wie er andächtig auf seine Karten schaut. Haben wir das Ladies gespielt, zweimal gebastelt? Ach, scheiße. Ja, ja, 15 Tonics Deep halt in der Linse falsch. So. Hauptsache Amen. Ja, möchtest du setzen? Oder bist du müsst ihr bauen? Genau. Habt ihr ein bisschen Content gemacht bei Ladies Event, oder? Nee, kommt nachher zum Pilot Event. Die haben gerade uploadet, die sind, glaube ich, gerade in der Matte. Ich war eben noch drüben. Deswegen, wir gucken mal, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel ich hat, aber... Da hinten. Ja, ja, da hinten irgendwo. Project da mit der Kamera. Ja, ja. Knapp irgendwo hinten, fast beim PLO. Gucken wir mal. Danke dir. Alles klar. Wieso mutest du mich eigentlich? Aus Versehen. You live there or you live here? So, wir hoffen mal, dass sich das Bild wieder fängt. Kommt gleich, kommt gleich. You live here. Es ist halt einfach rappelvoll. Liegt mit Sicherheit auch daran, also wie ihr seht, alle Tische sind voll und da ist eine ewig lange Schlange. Und ich glaube, dass einfach das Internet dann manchmal vielleicht auch in die Knie geht. Ja. Und da wir das alles hier über unseren eigenen Router machen, weil wenn wir jetzt noch in dem Netz wären, was uns hier angeboten worden ist, würde das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. I think I really enjoyed Bucharest. That was a lot of fun. I thought the Romanians were really fun to play with. They were like very... Ich mein Tisch-Sound ein bisschen runter. You know, do like... Damit es nicht so ganz in den Ohren knistert bei den Gästen, bei den Zuschauern. Ich kriege gerade Rossverdops Vibes vom letzten Jahr. Da hat mir jemand, der nur aktualisiert die ganze Zeit. Ja, Leute,
Es tut mir ein bisschen leid. Ja, wir können da gerade gar nichts machen. Tut mir wirklich leid. Wie mein Pod, nee, aber es kann gleich ein Problem werden mit dem Sound, weil der dann auch irgendwann abgehackt ist und dann stückelt der so ein bisschen und wenn er dann hochgedreht ist, auch für euch und für die Zuschauer, die Kopfhörer aufhaben, dann kann das gerne mal nicht so schön sein. Deswegen. So. Oh. Da haben wir einen netten Übergang von den Irish Open. So, das sind wir. Hallo. Das bin ich. Das ist Heiko. Hallo. Moin, einen wunderschönen guten Tag. Wir können euch das graue Bild zeigen oder wir zeigen euch uns. Ich weiß nicht, was spannender oder nicht so. Er soll sich nicht mehr bewegen, da war das Bild am besten. Ja, es ist aber sehr schwierig, weil das ist vorne am Eingang und wenn du dich da nicht mehr bewegst, dann wirst du einfach weggetreten. Eben, Also. Du hast da auch lauter Floor-Leute da, dann machen Dealerwechsel, dann stehen die Leute, suchen ihre Plätze und so. Aber leider müssen wir euch sagen, dass im Moment nichts ist. Aber ich weiß, dass Kojak da auf jeden Fall sehr hart am Arbeiten dran ist, dass es gleich wieder kommt. Ja, wenn irgendjemand, dann Kojak übrigens. Auf jeden Fall. Aber im Mich. Schönen guten Abend, hallo. Ich weiß gar nicht, du müsstest mich einfach mal aufklären. Wo war Felix daneben? Wie viel hat er noch gehabt? Knapp 30. 30, okay. Ein bisschen weniger. Es ist lustig, er ist an den Tisch gekommen, voller Tisch, 2 Leute haben 120k, alle anderen 30. Nett. Ja. Also es gibt schlechtere Ausgangspositionen. Genau, John, wir sind noch in der ersten Bullet. Tja. Haben nur gerade leider kein Bild, weil das Internet leider in der Ecke, wo Felix gerade sitzt, eher schlecht ist. Kann aber wirklich daran liegen, weil gerade der Saal auch einfach unfassbar voll ist. Und sie das Mystery Bounty auch schon nach hinten schieben mussten um 1 Stunde, weil keine Tische frei waren. Und da wir eben halt mit dem 5G-Router streamen, kann es sein, dass eben halt der lokale Sendemast eben halt von den, ich würde mal schätzen, mittlerweile knapp 1000 Leuten oder 1500 Leuten, die im Saal rumrennen, einfach auch ein bisschen überlastet ist. Deswegen habt ein bisschen Geduld. Aha. Das liest sich doch schon mal gut. Okay. Das liest sich doch schon mal super. Wir können euch immer nur so viel sagen. Felix sitzt noch, er steht noch nicht. Ich kann auf jeden Fall in der Zwischenzeit mal die Sachen hier aktualisieren. Denn Gerne. es ist jetzt Level 11. Wir sind bei Level 11 und das Level ist 8, 16, 16. 16 und 16. Genau. Gespielt wird heute, wenn es jemand noch nicht wusste, bis, ich glaube, insgesamt Level 14, Ende Level 14. Ja, genau. Dürfte dann wahrscheinlich so um 12:30 irischer Zeit vorbei sein, also 1:30 deutscher Zeit. So, jetzt müsste alles aktuell sein auf jeden Fall. Schau mal, jetzt gucken wir einfach mal, ob wir wieder ein Bild haben. Nee. Noch nicht? Also falls ihr neugierig seid, ne, wir können euch hier zeigen. So sieht das aus. Mhm, genau. Nebel in Irland. Was wir in der Zeit mal machen können. Ja, das stimmt, das können wir machen. Ja? Also liebe Leute, wenn ihr uns, auch wenn das Bild jetzt gerade mal nicht gut ist, aber wir bemühen uns ja, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, schaut gerne mal bei unseren Partnern vorbei. Ausrufezeichen Powerpoker, Ausrufezeichen RYE im Chat und natürlich auch bei Much Better. F5, ja, wir machen schon. Glaub uns das. Das machen wir. Wie finanziert Felix seine Bankroll? Naja, er hat sich viel erspielt. Ne? Er ist Pokerstars Ambassador. Dafür bekommt man ja auch Geld. Wie er das einsetzt, ist natürlich ihm überlassen. Und halt mit Partnerschaften wie mit Raise Your Edge, Power Poker und Much Better. Und natürlich, wenn ihr noch einen Prime Sub übrig habt, ne, das geht alles in einen Topf. Ich mach
mal wieder den hier. Ist es nicht schön? Ich finde es ja, das sieht toll aus. Was ist denn los? Moin Flamsen. Also, hier ist nix, lieber Kojak. Hier tut sich gar nichts. Wir haben kein Bild. Und wir refreshen. Moin Felsenhahn. Guten Tag. Und ich lese WhatsApp. Ja, alles gut. Aber meinst du, der kann uns nicht hören? Doch, müsste er, klar. Wir haben kein Bild. Ja. Nee. Kojak schreibt uns gerade RIP-LTE. Wunderbar. Nicht nur in Deutschland funktioniert das Ganze nicht, sondern auch hier in Irland. Manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Ja, die Frage ist, was tun wir? Wir können euch ja, wir könnten euch ja Poker-Radio anbieten, aber wenn wir nichts sehen, können wir das dann auch nicht machen. Das Problem ist eben halt, er sitzt so weit weg. Okay. Ja. Also, wir machen mal eine kleine Pause, weil das bringt sonst nichts. Wir machen mal eine kleine Pause. Ich sage jetzt einfach mal, wir machen eine kleine Pause bis 21 Uhr und... Ach nee, ihr seid ja schon bei 22 Uhr, ne? Bis 22 Uhr und... Mach mal Studiomodus und guck mal. Ja, guck mal. Ja, meinte, jetzt müsst ihr da sein. Okay. Jo! Na also. Jetzt haben wir wieder Bild. Jetzt ist wieder Bild da. Was auch immer passiert ist, nicht bewegen. Keine Luft holen, nicht atmen. So. Geht doch. Genau, Kojak hat geliefert. Wie immer. Phänomenal. Vielen Dank. Kojak, bester Mann. So, niemals. So, ist das ein Open Ace? 3 Betten? Ne, wir sind schon auf dem Flop. Da auf dem Turn. Ass 3, Bube 10 mit 3 mal Spaten. Ist das ein Bayer Leverkusen-Trikot? Ja. Könnte man ja mittlerweile sagen, wahrscheinlich ein Erfolgsfan. So. Ja, das ist live, ne? So ist das. So passiert das. Und wir sind auch sehr verwöhnt von den letzten 3 Stops, wo es gar keine Probleme gab mit dem Internet. Muss man halt einfach mal sagen. Und natürlich
Danke Ist das für nicht den immer Sub. so? Vielen Dank Auch für du den Sub, bist für jetzt das ein Sub. Teil des Dankeschön. GRND. Vielen, vielen Dank. So, Felix spielt auf jeden Fall. Bettet weiter. Bezahlt, glaube ich. Ja. Und noch ein Ass. Ich weiß jetzt nicht, ob Felix was gemacht hat. Nur wegen Kojak. Sauber. Vielen Dank. Kauf ihm nachher einen Kaffee für. Sieht so aus, als hätte Felix gecheckt. Ja. Und das sind 20.000. Mhm. Das wird wahrscheinlich der Rest sein, den Felix hat. 22k auf jeden Fall im Pot, mein Knüppel. Also bette der Pot auf den Würfer. Felix guckt sich die Hand an. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass er foldet. Oh Gott. Wäre gerade rechtzeitig wieder hier. Okay. Das ist nicht leicht. Ich habe jetzt gerade nicht verstanden, was Felix gesagt hat. Er hat gesagt, I had you on the turn. Where are you from? Ja. Also hat er wohl einen Flush und hat Angst vor dem Full House, oder? Wahrscheinlich. Das wird. Felix hat anscheinend nicht die Nuts. Sick. Weil ansonsten hat er immer die Nuts. Ich würde auch mal schätzen, er hat wohl wahrscheinlich keine Quads. Wahrscheinlich nicht. Tja. So we probably have to turn some king of spades, king 9 offsuit with the king of spades into a bluff or something like this. I have the best blockers. Should have just jammed the turn. I hate my life now. Just went there. 20 seconds. Either way, good bet. Show one that drops it in. Show the, like, king of spades. Ja. What did you have? Fucking Das war fucking hell. Queen 8 off, Ja, wenn ich ja, es richtig ja. gesehen habe, mit der Dame in Spaten. I was like, Eieiei. nice one. I should have, like, I cannot actually fold this hand. Queen jack with the queen of spades, yeah. Hä? I should have just jammed the turn. It would make it easy for me. Hast du dann aber die Queen auf Kreuz, in Kreuz? Oh well. Munter putzen. Now I Okay, know better. weiter geht's. Well played. Ich habe verstanden, er hat gesagt, Bube Dame. Und davon was im Pik. Ja, die Dame. Deswegen wundere ich mich gerade, weil ich hatte eigentlich die Queen of Spades beim Gegner gesehen mit der Karo 8. Deswegen hatte ich mich gerade gewundert. Nee, das war Kreuzdame. Ah, das war die Kreuzdame? Ja gut, dann habe ich mich verguckt. Sorry. Rausgeblufft. Wenn wir bluffen, das klappt das nie irgendwie, ne? Nein. Gestern aus dem Turnier geblufft, der Felix. Ja, leider Maria, das war ein Bluff vom Gegner. Die 20k auf dem Möwer war ein Bluff mit Queen Jack O, Queen 8 O mit Clubs und Diamonds. Eigentlich nur einen Blocker zur Straße gehabt. Mehr nicht. Rausgeblufft, genauso sieht's aus. So. Da ist der Clip, liebe Leute. Danke, Kojak. Ja.
Alternativ schaut gerne einfach auf YouTube vorbei, da könnt ihr auch zurückspulen. Das ist richtig. Ich gucke zu Hause Pokersachen immer auf YouTube. Genau aus diesem Grund. Genau. I'm getting used to it. Felix meinte, er hatte Queen Jack O mit der Queen in Diamond. Nee, Queen of Spades. Meine Güte. Ich glaube, ich soll mir noch einen Kaffee holen. Either way, I'm fucked. If I make the call and I'm wrong, I'm fucked. If I make the call and I'm... Listen. Yeah. DS. Every time. Listen. Every time. Das ist ja mal leicht gesagt, passiert ihm in letzter Zeit auch. For the past 10 years, Wie du es machst, ist es halt falsch. Du weißt es halt nicht. Ne? Hat der Gegner die Nuts und du bezahlst, dann sagen alle, wie kannst du mit einem Buben bezahlen oder was auch immer er da hatte. Ja. Und dann sagen die gleichen Leute auch jetzt, siehst du, jetzt ist das schon wieder rausgeblufft worden. Ja. Es ist halt immer leicht, wenn man da nicht sitzt und nicht darüber nachdenken muss und keine 1000 Öckel investiert hat. Ne? Ist ja keine leichte Entscheidung gewesen für ihn. Auf jeden Fall habe ich Blau Lin und Call. Wir haben Ace Jack gegen... Did you wear a cap? Maybe that's why I didn't recognize it. Had I known, I would have snap called. Fuck. Shit. Damit ist er gebastelt mit dem Flushdoor. GG. Olli, spielst du auch mal einen Spot mit? Irgendwann werde ich. Also bei Grind Live werde ich spielen. Viel, ja. Auch vorher, wir arbeiten ja hier, ne? Das ist ja nicht so, ne? Ist ja nicht Heiko der Poker-Ambassador und Olli, ne? Und Felix reist mit uns, sondern es ist ja umgekehrt. Ohne Felix wäre er gar nicht hier, weißt du? Er hätte am Turn pushen müssen, dann wäre der Entscheidung aus dem Weg gegangen. Ja, und dann wäre Snap weggecallt werden von den Supernuts und dann hätte man sagen können, ja, hättest du aber auch ein bisschen am Turn, ne? Und so. Wie man es macht, ist es immer falsch. Afra-Poker, das sind noch die Payouts vom Six-Max. Wir befinden uns ja hier in Tag 1b. Es kommt noch Tag 1c und 1d, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, wir können noch gar nicht wissen, was die Payouts sind. Im Moment sind im Preispool über 1, ich weiß nicht, wo die... Achso, ich habe ja hier die App, ne? Warte. So fucked up also because I'm blocking so many of your bluffs. Like it's like you must have exactly a hand like this to be tripling. Yeah, I mean, of course. Afra, wir spielen an Tag 1 in jedem Flight 14 volle Level, gehen dann in Day 2 und ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich in Day 2, wenn wir dann die Payouts haben ab einem gewissen Zeitpunkt. Genau. Ja. Es wird nicht auf 15% runtergespielt, die automatisch im Geld sind und in Day 2, das ist hier ein bisschen anders. 3, 5, 6. Genau. Ist halt die normale Struktur wie auch bei einer normalen EPT. Da wird ja auch nicht auf Prozent runtergespielt, sondern einfach Level pro Tag oder Spieler pro Tag runtergespielt und ja. So. Willkommen zurück, Token. Hallo, hallo. You wanna have a seat? Ich muss jetzt spielen, verstehst du? Ja, vielen Dank, das wollte ich hören. Also, weitermachen. So. Die jungen Wilden gerade an uns vorbeigegangen. From table 1 to table 18, your tables have started. You are more than welcome Ja, von den wieder in der Hand. and to start playing. Tables 1 to tables 18. 1 to Hatte 18. 2600 und der Kollege mit dem Bayer-Trikot votet. So. Warum redet Felix am Tisch über Strategie und Ranges? Warum nicht? $324 noch drin. Das können wir mal ändern. Meinst du, das ist ein Fehler, darüber zu reden?
ich meine, Felsenhahn, der Kollege hatte eben gerade seinen Zero Equity Bluff gezeigt. Also der hatte ja einfach gar nichts. Also von daher ist das ein bisschen schwierig. So, wir sehen hier Lukas. Ich glaube, ich habe für den keine Bauchbinde. Ich war auch, glaube ich, ein Qualifikant. Guck mal. Nope. Die Antwort lautet Jein. Dass man über Strategie und so redet. Ich glaube, viele Leute auch zu diesem Zeitpunkt, die an so einem Tisch sitzen und wissen gar nichts über Ranges und was weiß ich nicht was und so. Und ich glaube, du hast halt auch ein Bedürfnis nach so einem Fold und dann so einen Bluff um die Ohren geklatscht zu bekommen, halt vielleicht darüber zu reden. Oder vielleicht kriegst du durch diesen Talk halt auch noch Infos, man weiß es nie irgendwie. Guten Abend, X Morris. Ein wunderschön. Ja, im Casino sind wir tatsächlich nicht. Wir sind hier in der Royal Dublin Society. Ist, glaube ich, war nebenan so eine Pferderennbahn, glaube ich, eine ehemalige Pferdeschauhalle, würde ich mal behaupten. Und umgebaut worden in eine Veranstaltungshalle, wo auch normalerweise Konzerte, ich glaube, Messen und sowas stattfinden, hier in Dublin. All players with ticket table numbers 1 to 21. 1 to 21. You are more than welcome to take a seat. All players with Stellt euch vor, die beiden haben nochmal eine ähnliche Situation, das ist doch komplett am Anfang. Ja, aber das ist doch das Geile am Poker. Das macht's doch aus. Beide haben das gleiche Buch gelesen. Beide wissen, worum es geht. Er weiß, dass er die Hand nur noch gewinnen kann mit einem Bluff. Er hat so viele Chips und er stellt halt Felix die Frage, glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? Ne? Jetzt haben wir uns doppelt, glaube ich. Ja. Ne? Also das ist ja gerade auch das Spannende irgendwie. Ne? Und dann kommt ja dieses Leveln. Da ich jetzt weiß, dass er weiß, dass ich weiß, dass er weiß, weiß er dann, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich das weiß? Oder weiß er, dass ich das weiß, dass er das weiß? Genau. Ne? Das ist ja gerade das ist ja das Spannende. Und da musst du dann entweder sagen, okay, du hast mich und dann hat er dich halt geblufft. Oder du kommst halt das Level und sagst, okay, komm, ich bezahle. Und dann hat er dich vielleicht auch und dann bist du raus und ärgerst dich, dass du das nicht. Ne? Es ist halt schwierig. Aber das ist doch das Schöne am Poker, oder? Leute, sonst wäre es doch langweilig. Ich glaub, Kojak mag das Muster von dem Trikot. Ich glaube, Kojak mag das Bayern nicht, obwohl das ist Kojak, glaube ich, egal, ob Bayern Meister wird oder nicht. Ne? Das ist ja Bayern, nicht Bayern. Ja, aber vielleicht, weil das ja ein Gewinner-Trikot ist jetzt. Ach so, okay. Ferro, schönen guten Abend auf YouTube. Ja, wenn Kojak dich gleich nochmal dreht in den Saal, wir haben genau hinter dem Tisch, wo Felix gerade sitzt, Feature Table sitzen. Da haben sie heute auch schon fleißig geprobt. Joe und James haben da ihre Proben gemacht. Ab morgen geht's los, ne? Richtig. Morgen ist Card-Up Coverage auf den euch bekannten Channeln und wir werden auch das Signal kriegen und können uns dann überlegen, was wir zeigen. Wenn aber die Verbindung gut ist, so wie jetzt gerade im Moment und wie es auch zu 90% bis jetzt war, werden wir unser Coverage wahrscheinlich abwechseln. Also wenn was Spannendes ist, darüber. Wenn Felix weit kommt oder jemand, den wir kennen und railen wollen, dann werden wir das hier benutzen. Genau. Bei wie vielen guten Spielern sieht man denn so einen Fall? Naja, weiß ich nicht. Sag du es mir. Sagen wir mal so, ich verrate am Tisch nicht gerne meine Gedankengänge, da der Spieler sich vielleicht irgendeinen Teil oder so von der Hand merkt. Also, das sind auch nie meine gefoldeten Hände. Ich schon. Also was soll man dazu jetzt sagen? Also ich war jetzt die letzten beiden Tage viel auch hinten in der Ecke beim 5K unterwegs, wo Giraffgänger, Parker, Finten, Connor, also ohne Spaß, die haben sich glaube ich nur über Hände unterhalten. Also es war wirklich immer so die Geschichte, was hast du, was habe ich. Klar, die haben schon sehr, sehr viele Hände gegeneinander gespielt, aber da wurde wirklich schon viel darüber auch gesprochen, welche Hände mal wo gespielt worden sind, welche Ranges die gerade haben, was sie glauben, was der andere hat. Das ist, glaube ich, mittlerweile vollkommen normal. Ja, und es ist ja nicht so, dass Felix jetzt jede Hand kommentiert und sagt, was er sich dabei gedacht hat. Nein. Das war jetzt gerade eine Ausnahmesituation. Das war super dünn, was da gerade passiert ist. Und tat halt auch ein bisschen weh. Ne? Und dann kann man sich halt ein bisschen austauschen. Und glaub mir, Felix ist super smart. Der gibt Informationen, um Informationen zu bekommen. Und das sind auch manchmal, vielleicht hat er gar nicht Dame Bube gehabt. Wir wissen es nicht. Ich kann ja viel erzählen, ne? Ja. Aber beim Pokern lügt man ja nicht. Nein.
Felsenhahn, es gibt spezielle Kartendecks für Feature Tables und zwar haben die dann einen sogenannten RFID-Chip drin. Das funktioniert eigentlich genauso wie mittlerweile jede Bankkarte. Wenn du irgendwo bezahlen gehst und dann einfach nur deine Karte aufs Gerät drauflegst, legen sie einfach die Karte auf einen gewissen Spot auf den Tisch und dann werden die Karten gescannt. I don't get cards. Dann weiß man genau, welche Karte an dem Spot gerade liegt. Relativ einfach. Genau. Gar nicht billig. Nee. Kartendeck. Ich glaube, die kosten irgendwie 50 oder 150 Euro oder so. Genau. Ein Tisch dazu kostet nochmal 25.000. Ja. Wenn du einen guten haben willst, ein Bekannter von mir baut sich gerade selber ein und allein die Technik kostet irgendwie, also ich glaube 5, 6, 7K oder so. Ja. Ja, DS ist doch so, oder? Hast du schon mal gelogen beim Pokern? Ich nicht. Noch nie. Du schon mal Poker gelogen? Nö. Jetzt mal ehrlich. Ah. Hau ab. Hallo? Kommst ja nicht weiter. Ne? Also, muss man ja auch mal so sehen. Oder selber bauen. Richtig, Felsenhahn. Genau das. Mein Bekannter, der kann sowas. Ich kann sowas nicht. Ich habe 2 linke Hände. Das ist eine absolute Katastrophe. Aber das Schöne ist, wir sind noch drin. Was ist denn los? Stell dir vor, es wäre nicht das gewesen und wären raus. Dann wäre der Stream jetzt vorbei. Wir würden hier nicht mehr sitzen. Ihr könnt nicht mehr gucken. Fertig. Wie weit ist doch... Ah, Brisi, du weißt, über wen ich rede. Ich weiß es nicht, ehrlich. Keine Ahnung. Also, players, if your ticket says table 1 up to table 21, please go directly to your tables. Your tables are open. Ich merke nur, wenn ich lange mit diesen Dingern kommentiere, kriege ich Kopfschmerzen. Weil ich glaube, das liegt in der Brille. Das kann sein. Weil die sind relativ eng, die Dinger. Und wenn du dann so ein Ding hier zwischen... Sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich kann dir aber sagen, dass, wenn du vorhin vielleicht noch draußen warst, dass heute auch die Luft hier drin nicht sehr optimal ist. Es ist schon extrem warm hier drin und sehr stickig. Semi-gut. Ja. Stimmt, da hast du recht. Ich finde es gut, wenn Spieler sich am Tisch unterhalten. Man muss nur aufpassen, ob man mehr Preis gibt. Also völlig richtig. Definitiv. Völlig richtig. Vollkommen korrekt. Aber ich habe den Fehler auch gemacht. Wenn Felix mal lange überlegt und dann Sachen fragt, dann hat er eigentlich schon längst gefoldet und will einfach nur Informationen haben, was der Spieler gerade hat. Also das täuscht manchmal auch. So, wir sind im Big Night. Twitch and YouTube. Yes, Twitch and YouTube. Hello. So, Mr. Leverkusen vom Button. Ich glaube, das ist ein Race. Ich glaube auch, das ist ein Race. Once ready, so and send all your players for 15 minutes break. One more time, players on the satellite. Once ready, is over, you may go enjoy 15 minutes break. Ja, Barbarossa. Genau so sieht es nämlich aus. All in von Smallland. Ja. Move, remove, fold, fold. Ist genau umgedreht. Ist genau umgedreht? Ja, genau. Du musst so machen. Jetzt kannst du trinken. Ja, aber Leute, ohne Witz, ich verstehe das alles. Und ich glaube mir, die Leute, die mit am Tisch stehen, Heiko, ich, Kojak, wir sind die Ersten, die irgendwie sagen, ah Mann, jetzt hat das schon wieder nicht funktioniert. Oder Mann, falsche Entscheidung. Und war ist das ärgerlich, weil wir stehen hier 10 Stunden, wir sitzen hier 12 Stunden mit und wir machen das ja, weil wir mitfiebern. Ne? Und natürlich kann ich eure Gedankengänge verstehen und so. Ne? Das ist ganz klar. Aber vergesst nicht, es ist halt Poker. Ne? Wenn Felix alles wüsste und alle richtigen Entscheidungen wüsste vorher, dann wären wir schon Weltmeister, EPT-Sieger, WPT, wir hätten wahrscheinlich schon alles. Andersrum, wenn Poker keine Varianz hätte, würden wir Schach spielen. Genau. So. Und ihr dürft nicht vergessen, bis Rosvadov hat, wenn ich mich richtig erinnere, Felix, bei den Stops davor, 4, 5 Stops, immer 2-mal gecasht. Ne? Und macht das erstmal. Ein Final Table beim High Roller gehabt in Edinburgh. Dann dieses von 4000 noch was Leuten irgendwie paar 70. geworden in Prag. Das muss man halt auch erstmal machen. Das vergisst man ja auch schnell, sowas. Ne? Ja, und ich meine, ich glaube, wir haben uns jetzt auch gestern, ich heute auch wieder mit vielen anderen Deutschen unterhalten, die auch gesagt haben, so, die haben hier unfassbar viele Bullets gespielt, alles gebrickt. Und das ist normal beim Poker. Das kommt vor.
So, was haben wir denn hier? Wir vorhin im Smallblind. Sieht aus wie Open Race, 3-Bet. Vom Button. Wieder Move, Remove. Funktioniert wieder. Wieso funktioniert das bei uns nie? Weil es so ist. Ja. Fieber auch mit, sonst wäre ich ja nicht hier. Eben. Und das ist doch das Schöne. Das ist unser spanischer Kollege. Das ist ja auch das Schöne. Ne? Ich finde ja auch darüber diskutieren und Meinungen haben völlig in Ordnung. Solange man nicht beleidigt oder sagt, was ist das für ein Schwachsinn? Warum spielt ihr so eine Scheiße? Heiko, jetzt sag mal ehrlich, nix kann er, oder? Sowas bringt ja auch nichts, das macht ja auch keinen Spaß. Ne? So zu diskutieren finde ich super. Also das finde ich auch immer total entspannt. Man darf ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Manche Leute spielen wie ein Stein und manche Leute spielen super aggressiv und 3 Betten fast jede Hand. Ne? Das, was für dich am besten ist, musst du halt umsetzen, welche Strategie beim Pokern für dich die bessere ist. Und genauso ist es mit Entscheidungen treffen. Ne? Du musst die Entscheidung treffen. 50% hätten die gleiche Entscheidung getroffen wie Felix und 50% hätten es nicht. Ja. Die 50% super, die anderen 50% ärgern sich genauso wie Felix und wir. Das ist halt so. Ich erinnere nur einfach mal an die Hand, die wir, glaube ich, vorhin hatten, als du mit Jim am Kommentieren warst, wo der Herr, glaube ich, seinen 5-3 Offsuit, als sich in der Kamerastand reingeschoben hat als Semi-Bluff. Manchmal hittest du noch die 3, manchmal nicht. Manchmal kommt es nicht. Ja. So. Es geht ja eben halt einfach immer nur um den Long Run. So. Ja. Wenn er das eben halt im Long Run als Semi-Bluff 100 Mal macht, wird wahrscheinlich 50 Mal der Gegner einfach folgen, weil er sowieso selber auch irgendwo geblufft hat. 50 Mal wird er callen, dann wird er von den 50 Mal wohl gecallt und vielleicht sogar selber nochmal 10 Mal gewinnen, weil er noch sein 3-Out oder 4-Outer hittet. Ja. Und so funktioniert es dann am Ende. Genau. Genau. Genau so sieht's aus. Danke für den vollen Respekt, lieber Felsenhahn. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr könnt uns immer anquatschen. Wenn wir jetzt gerade hier sitzen und kommentieren, ist das schwierig. Ne? Wartet einfach, bis wir... Wenn Felix gerade ausscheidet zum Beispiel und gerade so eine Krawatte hat, gibt ihm 5 Minuten oder 20 vielleicht. Ansonsten, das ist doch gerade das Schöne. Deswegen sind wir doch hier. Deswegen machen wir das Ganze ja. Ne? Genau. Oder also, alternativ, wenn jemand mich sieht, Kojak sieht, David, der mit auf der Tour sein wird, Kryonika, wen auch immer, weil wir sind ja auch nicht immer in der Booth oder an der Kamera, sondern laufen auch mal beim Pokerfloor und gucken mal, was gerade die Community so macht. Immer einen guten Tag sagen. Rufen, Hallo sagen. Das ist super, was Barbarossa schreibt. Ist halt geil, wenn du hier guckst und mitgrübelst. Wie denkt er, was kann er haben, wie ist seine Range? Und dann spielst du an Homegame mit Leuten, die 3-mal im Jahr spielen und das alles hinfällig. Ja, genau. Aber genauso ist es, was glaubst du, wenn wir jetzt gesehen hätten von Anfang an, wer welche Karten hat? Ja. Und wir hätten gesehen, der blufft mit Dame 8. Hätten alle gesagt, ja ganz klar Call, Felix. Ist doch völlig logisch, Call. Ne? So siehst du es halt nicht. Da siehst du mal, wie schwierig das ist. Ne? Das war Lukas mit der spannenden Hand. Einfach mal Open Ace, 3-Bet, 4-Bet. Da kam gerade wieder einer vorbei, wollte was fragen, aber... Wenn ihr uns so machen seht, hier hinter dem Monitor hängt ein Schild, da steht das hier drauf, wir zeigen das nochmal hier eben. Und manchen ist das trotzdem scheißegal, aber hier, no Infodesk. Schönste Frage war, okay, wo ist denn der Infodesk? Herzlichen Glückwunsch dazu, auch von mir. Kannst den Leuten ja nicht mal verübeln, ne? Nein, wir sind immer direkt neben dem Haupteingang und ja. Ich befürchte nur, es wird viel schlimmer werden morgen noch. Ich glaube auch. Anstrengend. Risi, ja, es kommt die nächsten Tage alles wieder. Meinte Felix, jetzt auch die Tage wird wieder ein paar mehr Hände auch auf Insta hochladen mit Analyse und etc. pp. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Ah. Schau mal an, Timo. Nee, Timbo. Bei Lukas am Tisch sitzt wohl irgendwie ein Sieger von irgendeiner FPS. Okay. Olli, da die Frage, wie heißt die FPS? Wie heißt die FPS? Ja. Ach so. Aix Eng Provence. Gibt ja auch Aix Le Banks oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung.
Le Provence. Ich bin kein Franzose. Ah, okay. Ich finde es so spannender, wenn irgendwer im Stream Final Table ist, schaue ich auf PokerStars oder GG gerne zu, weil Open Cards, also Felsenhahn, ich schaue doch auch gerne zu. Du kannst ja auch ganz anders analysieren, warum, wie, wo, was und was. Aber ich glaube, dass wir das halt auch, die sich damit beschäftigen, ausschalten können. Dass der die Karten gerade nicht sehen kann und so. Viele nicht und das beeinflusst es halt auch. Und natürlich kannst du für die Analyse nachher das besser machen. Wir werden hier nie wissen, was die ganzen Leute haben. Wir werden nie wissen, was gefoldet worden ist. Du siehst jetzt zum Beispiel auch die Wahrscheinlichkeit, wenn du Ass König hast und da werden schon 3 Könige und 4 Asse gefoldet, 3 Asse gefoldet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen König triffst und einen Ass gleich 0. Oder das weißt du halt so nicht. Genau. Ne? Das siehst du natürlich mit Holecards. Die ganzen Prozente, die eingeblendet werden und so, das hast du halt alles nicht. Das ist das eine ist Batterie. Genau. Ist ja alles, was du mitbedenken musst, ne? Wenn du deine Entscheidung triffst in der Situation. Kojak, bleib einfach an dem Tisch stehen. Das funktioniert nicht, Alter. Geh nicht weg. Bleib da stehen. Nicht bewegen, nicht zu viel atmen. Scheiße. DS, wir könnten das machen. Ne? Also hier vielleicht schwierig, aber es gibt Situationen, wir könnten eine Kamera auf den Tisch stellen und dann könnten wir Felix Karten sehen und dann müssten wir das irgendwie 5 bis 10 Minuten zeitverzögert machen, Ja. also mindestens. Das geht schon. Das Problem ist einfach nur, dass dieses Bild auf den Server geladen wird und gebuffert wird und deswegen hast du dann 1000 Millionen mehr Abbrüche, wie du sie jetzt siehst. Weil halt das Ganze gerechnet wird, zurückgehalten wird, dann freigegeben wird. Dazu kommt dann der neue Stream hinterher. Und das ist halt einfach echt schwierig. Das zum einen, wenn wir jemanden Delay drin haben, was wir dann über den Server laufen lassen von, weiß nicht, 20 Minuten oder was auch immer, damit wir es dann live kommentieren können und wir refreshen müssten, hätten wir es dann theoretisch 20 Minuten vorher machen müssen. Sozusagen. Das funktioniert einfach gar nicht. Leider. Also, wir haben auch schon überlegt, ob wir es irgendwie machen können, aber es ist so einfach auch besser. So können wir auch ein bisschen darüber sprechen, was da passiert. Also ich muss zugeben, ich habe das mit meinem Equipment ja einmal ausprobiert und da haben wir einen Platz ausgestattet mit einer Cam und haben 10 Minuten Delay gemacht. Nicht über den Server, sondern über meinen Rechner. Das geht dann, also da hängt sich das Bild nicht auf. Das war für mich schon das Spannendste, aber es ist halt einfach sauschwierig umzuändern. Weil wenn du weißt, was Felix hat, also wenn du weißt, dass eine Person hast, kannst du quasi die ganze Zeit mit einer Person mitspielen. Eric for Poker, nein. Also nein, tut mir leid. Da gehe ich überhaupt nicht mit. Das ist auch, das Ziel sollte es nie sein, eben halt seinen Gegner auf eine bestimmte Hand zu setzen. Also du hast eben halt immer eine gewisse Range an Händen, die ein Gegner noch haben kann. Und dann überlege ich mir ganz einfach von der Equity her meiner Hand gegen die Range, die der Gegner noch hat, ob es Sinn macht, dort zu callen oder zu folden. Oder zu raisen. Feierabend. Also das geht nie eben halt um eine spezifische Hand. Scheint gerade wieder so zu sein, als haben wir ein leichtes Problem. Cam is lost. Jetzt ist er wieder da. Bödel, schönen guten Tag, Hallöchen. Moin Bödel, wo bist du eigentlich? Du bist nicht in Irland? Was ist los mit dir? Ich prangere das an. Bödel, sehen wir dich in Monte Carlo. Oder in Liechtenstein. Oder in Liechtenstein. Ja, ZKBB. Ach Leute, das tut mir leid, aber wir haben das leider nicht in der Hand mit dem Netz. Erik, circa 10 noch. 10 BB. Ja.
Knüppel weiß genau Bescheid. Man könnte meinen, Knüppel hätte stellt über seinen RFID-Tisch immer auf. Und dann zählt einfach die Chips genau mit, nehmen alle einen Chip drin. Waiting list. Mystery CD box. Pomfret, I have no idea what you're talking about. When 3K Srea. Number 1 to number 70. Please come and see us on table number 2016 in the middle of the room in front of the old Die einzige Konstante sind Internetprobleme. Das ist ja nicht richtig, ne, lieber Thomas. Nein. Wie gesagt, das ist das. Ich glaube, die letzten 4 oder 5 Stops waren nix. Gar kein Problem. Also ich meine, Montagnacht um 3 war ja auch kein Problem. Also 1 to 70. Waiting list for the mystery box. Was ist in Liechtenstein? Die Wolf Million. Ja. Da sind wir vom 10. bis 23. Genau. So, jetzt kommen natürlich auch noch alle wieder gerade. Mhm. Naja, wie sagt Felix immer so schön, Olli, ärger dich doch nicht. Einfache Entscheidung, ne? Ah, Wödel ab Sommer wieder am Start. Oh. Wödel, schau gerne mal in die Pokerstars Live-App. Ausrufezeichen Pokerstars Live wurden, glaube ich, diese Woche neue Tourstops bekannt gegeben. Unter anderem UK RPT London im August. Also London. Is there no English stream? No, but you can ask anything in English and we can speak English if you want to. Yes. This is the German stream, or for the Germans, but we can speak English. As we did today for, I think, 3 hours, as we had 2 guests speaking English. So feel free to ask. If you missed the whole cards and all the fancy stuff, you can watch the stream from March 29th, which is tomorrow on the usual channels. Syntax, schönen guten Abend nochmal. Felix noch den ersten Bullet, aktuell noch knapp. Jetzt scheint nur noch 9 BB. Weil er gerade im Big Blind ist und der Big Blind drin liegt. Gab ein Open Race vom Herrn mit dem Bayer-Trikot und Felix Vodet. Race mit Any 2 wahrscheinlich. Oder fast Any 2. Wenn sich hier jemand daran gestört fühlt, an den ganzen Floorman-Ansagen gerade, es gibt hier gerade eine Warteliste fürs Mystery Bounty, die schieben mir gerade die Tische hin und her und rauf und runter, deswegen auch das tut uns leid, aber es ist leider sehr, sehr voll heute Abend. Ich habe echt Schiss vor morgen. Ich habe keine Ahnung. Und man hat mir gesagt, das ist schon größer geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Okay. Wow. Also letztes Jahr gab es, glaube ich, den Bereich nebenan gar nicht. Ja. Oder viel kleiner. Da können die nächstes Jahr nochmal anbauen. Aber ich kann es auch verstehen, das ist total geil hier. Ja, genau, kurz. Floor auf Dauerschleife, das stimmt. Also die Damen und Herren sind heute Abend richtig am Rotieren. Wödel, ich finde die auch geil. Also ich finde die schön, die Tische. Ja. Kojak. Geht's dir gut? Race auf 3500, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. So, wo haben wir denn hier die Uhr? Die Uhr ist hier. Da ist die Uhr. Wir sind in einem neuen Level, das habe ich mir nämlich gedacht. Ja, gerne, Barbarossa. Wir haben einmal die schwarzen grauen Chips, das sind die 100er. Die roten sind die 500er, die gelben die 1000er und die grünen sind die 5000er. Thank you. Ja. Okay. Gerne. Wie viel sind wir noch? Kontakt, sag, wenn du spezifiziere gerne dein gleich oder schreib einfach sofort in den Chat, wenn du sofort brauchst, dann komme ich rübergelaufen. Machen wir. Oder Olli rennt. Gucken wir mal. Ja, ich müsste nur mal austreten, glaube ich, vorher kurz. Na, dann geh doch jetzt. Wenn du magst. Gleich jetzt, danke. Darf ich vorher noch aufs Klo oder ist es ganz dringend bei dir? Ich komme. Aber ich muss echt eben mal kurz. Also Leute, bis später. Ciao, ciao. So, ich komme mal rüber. Ich glaube, hier ist irgendwo noch ein Kabel. Ja, so.
So, mein Lieben. Zack. Bödel, nee, wohl nicht. Ich werde wohl nicht spielen. Felix ist die ganze Zeit am Spielen und wir sind jetzt am Arbeiten hier. Von daher... Genau, Kojak, lass einfach laufen. So. Wir haben einen Flop von 4, 9, 10. Mono. Mono-Spaten. Und eine Bet von 3500. KK Kong, Sava kommt heute gar nicht mehr wieder, die hat schon Feierabend. Danke für den Sub. Durfte heute mal früher ins Auch Bett. du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. The Quacks, vielen Dank für deinen Sub. So, da haben wir gerade die Dealer, die aus der Pause zurückkommen. Ich muss ja mal kurz gucken. Hey, welcome. You're from Romania? So. I saw that name. Same name as you. Wo ist meine App? Ah, wunderbar. Schwarz ist eine Farbe. Ich dachte immer, schwarz wäre eine Einstellung. Sagt man, glaube ich, so im Heavy-Metal-Bereich, ne? Ich weiß aber gar nicht so genau. Ist ja schon gebastelt? Oh. Theo kommt gerade bei mir vorbei und zeigt mir gerade, dass er einen Jackpot gedealt hat bei den Co-Sponsoren. Einmal so laufen, mein Lieben. Alles gut. Viel Spaß. Ja, ja, er spielt noch. Hat noch 10 BB. So, das haben wir gerade Neil Farrell gesehen. Am Nebentisch. Chat, verraten das Codec nicht, aber ich musste gerade noch meine App suchen. Damit ich habe nämlich leider keine Tournament Clock mehr hier. Deshalb muss ich mir einmal die App aufmachen. Da sind wir. Guten Abend, El Benito. Ja, vollkommen korrekt. Wir spielen heute auf 14 volle Level. Wir sind wahrscheinlich ab Day 2 irgendwann im Geld. Wann genau, weiß ich nicht. Aber es ist eben halt das typische Format einer normalen EPT. Wir sind nur 7,5 BB, genau. So, schauen wir mal. Den Code der Luft nehmen. Nö, genau. Ja, Syntax, das ist ne? Phänomenal, wie Knüppel das immer macht. So, ich gucke gerade mal in die App rein. Ankit, einer der Clip-Leader im aktuellen Flight mit knapp 187.000 Clips. Genau, wir haben noch 10k, 10.700. So, auf Platz 22 laut App aktuell auch noch Samuel Ju. Ist auch noch dabei.
Ich gucke mal, ob ich hier noch jemanden kenne. All waiting list players in the 5:15 mystery banking, please come to see us in front of the TV desk for your seating. That was all waiting list players in the TV, in the mystery banking, come see us in front of the TV desk. Moin, Be My Pod, einen wunderschönen. Felix hatte vorhin relativ viele Chips verloren in einem Pod, wo der Herr auf C3 ihn dann eben halt mit Queen 8 O rausgebracht hatte für die letzten 20k. Das ist sehr ärgerlich und danach eben halt einfach nur noch ein paar Blinds verloren. Also viel ist da nicht mehr, danach nicht mehr passiert. Genau, Aljoscha, schönen guten Abend, auch an dich. So, auch da wieder wunderbare Action. Wir haben, ich schätze mal, Open Ace, 3-Bet, 4-Bet, 5-Bet All-In, 10er gegen Ace King. Yeah, sure. Je op de slagen vellen. What was that? Der Board von 6-5-3, Ace King braucht Ace oder King. Da ist der King. Tänzer mit nur noch 2 Outs. Damit gewinnt Ace King. Ich glaube, der Spieler ist eliminiert. Guck mal. What did you say? Ja? What did you say? Okay. GG. Und damit haben wir wieder einen Spieler weniger. Guten Abend, McFly. So, Felix folded. UTG plus 1. Im Open Race auf 4K. Button called. Give him a little shake. Attention players and dealers in the mystery bounty. Once you finish the third hand, please raise the blind. This is blind from 300, 600, we will empty 600. And we are sitting all the players on the waiting list. We have seats for all the players on the waiting list in the mystery bounty. And in level 366. Und wir sehen einen Flop mit 2 Spielern. King 6-8 mit 2 Spaten. Barbarossa, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also es ist immer von Veranstalter zu Veranstalter unterschiedlich. Es gibt welche, die haben Big Blind Ante zuerst, es gibt welche, die haben den Big Blind selber zuerst. Das ist, kann ich dir leider hier gar nicht sagen. Es könnte sogar sein, dass dann in dem Moment der Floorman der Dealer den Floorman einfach einmal ruft und den dann fragt, weil auch nicht Dealer, weil dadurch, dass Dealer eben halt in so vielen verschiedenen Venues mittlerweile arbeiten, die das nicht auch immer genau wissen. Tigadi, ja, ich meine, es ist You have to knock him over. das ist leider eben halt der natürliche Turnierverlauf, der kann gerne mal vorkommen. TDA sagt Big Blind für Ante. Ist wahrscheinlich sogar korrekt. Wir hatten, glaube ich, gestern hatte Patrick, glaube ich, auch das
TDA war, das TDA, wo, glaube ich, Last Aggression muss eben halt die Hand zuerst zeigen beim Showdown. Gestern waren einige Dealer, die meinten, Last Action müsste zuerst zeigen. Also deswegen bin ich mir hier jetzt eben bei den Irish Open nicht ganz sicher. Also würden wir ja sehen. Schwierig, Herr Benito. Also schwierig. So. Wir haben All-In und Call. Ace 9-0 gegen Deuces. Der ist direkt die 2. Ducks never fly alone. GG. Yokatsu auch nicht ganz richtig. Irish Open ist nicht PS. Das ist nicht ganz richtig. Die Irish Open ist ein eigenes Event. Es ist einfach nur sponsored bei PokerStars und sponsored bei Paddy Power. Das ganze Event wird aber nicht von PokerStars durchgeführt. Thank you. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen überfragt, was denn eben halt am Ende das Ruling angeht. Aber ich meine, wir werden es dann ja sehen, wenn es zu dem Fall kommen sollte. Ja, kein Problem. Ich meine, da bist du, glaube ich, jetzt die Woche nicht der Erste, der eben halt glaubt, dass die Irish Open eben ein PokerStars Event wäre. Was ja auch überhaupt nicht verkehrt ist. Klangbar, jein. Ich war der Meinung, das war, glaube ich, gestern eben halt bei dem Tisch in dem, was im America's Cup? Da war es, glaube ich, auch teilweise andersrum. Aber wie gesagt, es sind für mich immer, also für mich persönlich sind es immer Nuancen. Von daher ist es nicht wichtig. So, wir haben anscheinend einen Open Race. Thank you. Call. Wir sehen einen Flop von 9-5 Ass. Drama Diamond. Check. Der Kölsche Jung auf den Turn. Check. $5K. I folded a jack. Yeah. Because you checked the flop. It's obvious you have an ace. Why would you check the flop? I mean, I dodged a bullet. Just one. A little victory. I just have to celebrate the little victory. There's literally no hand that checks this flop against my stack. But I mean, what can you do? Yeah, true. I guess even 2 black kings score, you know. Moin, Robert. Ah, shit. Ladies and gentlemen, Irish Open in about 10 minutes. We're going to have a 20-minute break and a chip raise of the hard drill value chip. So please start summing up the chip leader of the table. Thank you. So, Open Race auf 4000. Call vom Button. All in. Huge bet incoming. Thank you. So, einmal Triple Up. Auf geht's. What's the raise for?
Ich mache den Jackentrick. So, 4600 sind wir all in. So, alle callen. Wir gehen 4-Way zum Flop. Auf einem Board von 5-2-2. Dann hoffen wir mal, dass Felix keine Overcard, sondern Pocket Pair hat. Oder Fünfen. Prima-Pot gerne Fünfen. Nehmen wir gerne. Ich meine, ich glaube 3er, 4er wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Bett von dem Herrn im Leverkusen-Trikot. Das ist jetzt eigentlich normalerweise auch eine extrem spannende Geschichte, weil theoretisch, in der Theorie sollte eigentlich keiner von denen, die jetzt noch ein Sideboard spielen, bluffen, weil sie ja sowieso noch gegen Felix gewinnen müssen. Und es in den meisten Fällen keinen Sinn macht, einfach in einen Protected Pot rein zu bluffen. So. Jetzt geht der Herr auch noch all in. Gottes Willen. Also wir haben Bet, Raise, All in. Der Herr im Bayer-Trikot foldet. Eieieiei. Nee, eben, Don Clone macht gar keinen Sinn. Deswegen, ich zweifle aber eben halt immer, ob die Leute das eben halt hier denn auch wissen. Ne? Weil das eben halt auch sehr viele immer sehr falsch interpretieren. Ja, Don Clone eben. Sieht man eben halt häufiger, gerade im Live-Poker. Deswegen ist, von der Theorie her macht es keinen Sinn, deswegen auch online, ne, wenn man sich da mal belesen möchte, das macht einfach gar keinen Sinn. Aber gerade beim Online-Poker kann da echt alles passieren. Ich rufe schon mal. Time. Dealer. Table. Project. Project steht gerade neben mir, mein Ausland, ruf mal Time. Olli, wenn du uns hörst, ruf mal bitte laut Time. Danke. Once again, information for all the players of the Mini Irish Open. In about 4 minutes, we're going to have a break and a chip raise of 100 chips. So please start selling them to the chip raise. Ja, Don Clone. Wie gesagt, da kannst du nicht davon ausgehen. Also muss man ehrlicherweise sagen. Also die 1Ks, gerade in den letzten Jahren, sind schon, ja, also es sind, was auch gut ist, schon sehr, sehr viele Freizeitspieler mit auf der Tour, die gerne mal vorbeikommen, auch in einem 1K. Von daher.
Also ich wäre schon dankbar, wenn der Herr sich jetzt mal beeilen würde, weil ansonsten haben wir morgen, unser Highlight-Clip besteht dann nur zu 30 Minuten aus Time von dem Herrn. Syntax, nee, das ist der Hoodie aus Barcelona. Don Cologne, nein, aber es wird eh nicht gespielt. So, der Herr foldet. Oh, Boah, really er zeigt Fünfer. I'm running nines or tens. Ja, okay. I mean, come on. Voll Sweat, 10. Ja, GG. Also, ja gut, ich bin jetzt leider auch ein bisschen sprachlos, weil irgendwie für mich macht das nicht mal wirklich viel Sinn, dass der Herr da eben halt sein Full House eben halt sogar noch All-In schiebt. Also, gut, ja. Ja, GG. Ja. Gemma. Abmarsch. Gemma. Hätte ja auch nicht geholfen. Hätte auch nicht geholfen. Ach so, ja. Nicht mal eine 2. Alter, wie er aber auch einfach direkt full reinstellt. So. Ja. Er wollte. Ja, not anymore. Ey. Moin. Schade. Hi. Ach, GG, machst du nix. Und du? Gerade angekommen. Ich bin gerade gekommen und da sagte er, Mario, ach, scheiße, ja. Ich bin gerade in der Sekunde, ja. Bist du all in? Ja. Ja, dann herzlich willkommen in Dublin. Ja, danke. Ich freue mich. Morgen greifen wir an. Morgen ne? geht's los. Ja, machen wir morgen. Komm hier. Auf morgen. Auf morgen. Ja, schön. Ich mach noch ab. Ja, bring den Rangot rein mit dem Sub. Danke, Hemdmaster. Flop geht auf. König Dame trifft. Jetzt hilft nur noch der Bube. Und Danke für den Sub. Auch du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. ich glaube ja. Okay, wir haben noch 1000 Chips über, wenn ich es richtig erkenne. Das heißt, wir haben noch mal den Small Blind. Und jetzt brauchen wir ein Comeback, Leute. Jetzt brauchen wir ein Comeback. Ja. 2 Chips. Spieler auf Position 1. Called. Felix All-In mit 1000. Kann aber noch die komplette Ante dazu gewinnen. 3000 plus die 2500. Das heißt, wir können spielen insgesamt um 5500. Oder um 6500. Kann sein, dass ich jetzt einen Smallblind vergessen habe. Board kommt runter, 6, 5, 10, 2 Herzen, 6 in Pick. Dann wird von vorne angespielt, vom ursprünglichen Limper auf 16.500 direkt. Total Overbet. Total Overbet, meistens Total Overpair. Wieder die Buben? Oder was spielt er da und limmt? Vielleicht sogar Asse. Und hat auf, oh, da geht's all in und schneller Call. 10-6 für Two-Pair und Asse UTG gelimmt. 10-6 vorne mit Two-Pair.
Felix braucht Running Cards. Wir brauchen noch eine Dame oder einen König und leider haben wir Seed Open. 10-6 wird auch noch durch die 5 vom besseren Two-Pair geschlagen. Warum stehst du dann auf? Du gewinnst? Hat er jetzt erst gesehen, dass er gewinnt? Hat gedacht, seine Asse wurden gecrackt, aber der River hat seine Asse gesaved. Oh, schade, dass da verlieren. GG's in den Chat für Felix. Und einmal die All-In-Emotes in den Chat. Kaum bin ich da, geht's All-In. Kick in your folded. Auch ganz schnell. Ja, und wir sehen die Karten. Ass 8 gegen Ass 10, wir brauchen die 8. Too bad. I need a date with an 8. Oder die 3. Take a 3. Und die 3. Und die 8 oder 6 geht auch, aber Seed Open. Und geht davon aus, dass wir da nochmal eine Bullet versuchen werden. Ne? Yeah, he's got more. Ja. Okay, ladies and gentlemen, GG. GG's in den Chat für Felix. Enjoy. Boah, das ist schwer zu schätzen. Also ich würde so bei dem vielleicht so von 50 Leuten gesamt ausgehen, vielleicht aber auch viel weniger und es wären nur 30, 40. Aber es sind ja auch Re-Entries möglich und die werden ja dann auf die Gesamtanzahl der Entries draufgerechnet. Dickes Race, Cut-Off, im Spieler in Position im Karo Hemd, Holzverleih. Von 800 auf 2700 oder auf 2,8 kann sein, dass noch. Und Felix geht nochmal drüber aus dem Small Blind. Wow, was eine Preflop-Action direkt. Tag Lars, ich hoffe dir geht's gut. Felix spielt gerade eine Hand und ist hier mit einer 4-Bet aus dem Small Blind involviert und die 2 Gegner vom Hijack und vom Cut-Off sind jetzt gefragt. Da wird geovercalled vom ursprünglichen Open Raiser. Und nochmal bezahlt. So, gehen wir zum Flop zu dritt. Felix als erster gefragt. Oh, wir haben ja gerade ein 6.000 € Bounty, das rausgegangen ist übrigens. Aber wir konzentrieren uns auf Felix' Hand. Kameramann Olli fängt alles ein. Da ist das All-In, nachdem die 2 Spieler zu ihm gecheckt haben, der Felix und der Spieler am Hijack. Felix foldet auf dem Board von Dame Bube 2 und der Insta-Call. König 8 gegen Pocket Aces. König 8 mit dem Flush Drop. Pocket Aces blocken die Flush-Möglichkeiten um eine Karte. Die 8 bringt zusätzliche Outs für König 8. Jeder König, jeder 8, jede Kreuz, aber das Board pairt sich mit der Dame und die Aces halten. I knew you had aces when you call. It's like whatever you play. If you go all in, I call. If you go all in, I call. And he folds and you win against me. Wow. Way worse, way worse. Dicker Pot, wir haben 7.000 ungefähr verloren in der Hand, aber haben die Aces gedodged. Weil mit einem guten Bankroll man das Ganze confident und ja, angenehmer aussitzen, als wenn man auf jeden Fall Pleitegeier im Nacken hat. Das wäre nicht schön. So, 2-2 König. Dazu nehmen wir noch eine 8 in Liebe, das heißt 3-mal Liebe. Ja, wir sind im Big Blind in der Hand involviert. Ja. Setzen jetzt an. Wir sagen und fragen an. 500 oder wie viel wurden jetzt gesetzt? Ja, 500 zum ersten. Zum zweiten und
Dem Spieler vom... Ah, das war... Kommt dann doch noch der Call jetzt anscheinend. Da kommt der Call. Aber das sah aus, als würde der Spieler folden wollen. Ja, Die Hand ging ja schon fast in den Mack rein von der Bewegung. Einer der aktivsten, aber je nachdem mit einem Herz dann Das unterwegs ist zu gut sein. für uns, glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Das ist halt so. Da wird nochmal kontrolliert. Habe ich ein Herz? Wird einen Check-Call geben, wenn der Gegner jetzt nochmal setzt. Jetzt werden da 5000. Das wäre jetzt meine Line, wenn ich da mit einem Flush mit der Dame zum Beispiel oder mit dem Buben sitzen würde. Und der Gegner dich da jetzt nicht all in stellt, aber es ist schon fast die Hälfte von unserem Stack, der jetzt noch behind ist. Und ist vor allen Dingen auch wieder die Vorpauseninszenierung. Wir callen das Ganze. Da wird der... Na, Felix wir haben Nut Flush. Ich habe gerade nicht gesehen, was er hatte. Wir haben auf dem Turn schon Nut Flush und Felix calls natürlich nur, weil ein mögliches Full House da ist. Der wird angespielt. Okay. 2-6. Felix sieht nicht nach einem Fold aus. Felix sieht nach einem Call aus. Natürlich. Weil wir haben ja schon eine fertige Hand. Nö. Und der nächste Call. Wir sind noch zu dritt. Ein Spieler hat sich auf dem Flop verabschiedet. Oder wir bekommen das nächste Herz. Nein, es ist der Bube in Karo. 10-9 kommt an für die Runner-Runner-Straße. Felix wurde jetzt hingecheckt. Und Felix checkt auch. Alle drei checken. Check, check, check. Wir haben einen Showdown. Fünfer. Fünfer gegen Zehner im Zehner. Angebot. Und was sagt der... Ja, der Gegner sagt, Zehner sind gut und wir Oh, kriegen Chips. er mackt. Ist da nichts. Schöner Pot. So, check, check. Und wir sehen die 8, die lacht. Siebener eventuell. Auch eigentlich keine Dreibetthand aus dem Vorland. Ja, ich sag 10er. Sagst du, Zehner ist heute unsere Hand? Aber 10er hätten wir, glaube ich, jetzt auch angespielt. Spätestens jetzt. Aber wahrscheinlich eher schon auf dem Flop. Oder vielleicht sind wir schon wieder fertig. Set 8er, 8er, 9er, 10er kann man. 9er, 10er Buben. Sind auf jeden Fall eine gute 3-Bet. So, Okay. 5500 ist die Bet hier. Wir sind noch ganz entspannt und ganz relaxed. Haben roundabout 10.000, 11.000, 12.000, 14.000, 15.000 behind. Wir callen das Ganze und sehen, dass wir nicht mehr viele Chips behind haben. Da liegt die Straße auf dem Board. 4, 5, 6. Jetzt würde ich 9er fühlen. Stars Nuts. Ja, aber ist auch so ein Board, was du jetzt nicht sehen willst, wenn du es nicht hast. Ja, aber wir würden doch das immer 3 betten. 9er würden wir immer 3 betten. Und auch gegen UTG Open Race? Hallo, das sind unsere Stars Nuts. Ja, grundsätzlich gebe ich dir schon recht. Ja. Da wären Hempis Augen ganz groß. Ja, da wären groß. Und Warum machst du so große Augen groß? Weil jetzt, guck mal, er nimmt seine ganzen Chips und All-in. Ja. Und der Gegner snap callt nicht. Ja, es ist nicht viel, der Pot ist zu groß. Ich weiß nicht, ob er da jetzt loslassen würde, egal mit welcher Hand er da spielt. Ja. 1050. 10.500 roundabout. Es ist halt jetzt auch für ihn. Ich denke, das wird gecallt und bitte, one time. Wir haben Aces. Was ein Kack-River. Was ein ungünstiger River. It doesn't matter. I mean. I know, yeah. If you bust like this, you bust. No, I mean. 9.000er Bet. Da überlegen wir gerade ordentlich. Wir callen das und ich hoffe, wir sind der Hero. Jawohl, der klopft, der klopft, der klopft. 8, 9. Da war nur der Flush Draw unterwegs. Und wir callen Ass 3 hoch und nehmen den Pot mit. Leute, Hypes in den Chat. Nochmal ausrasten hier. Das ist ja unglaublich. Das war ein schöner Hero Call. Und somit scharf.
Yes. Rein die Steine. Da nehmen wir das Ganze und ich... Ja, wir haben auch wenig Fold Equity. Ja, wir sehen ein... jetzt, Leute, belieben. Wir sind mit über 8 gegen Ass 2. Come on. Das ist okay. Kölsche Jung, lass uns nicht im Stich. Das nehmen wir. Eine 10. Ass 10. Wir müssen für die 10 belieben. 6 ist es leider nicht. Leute, ist einfach ein teurer Spaß. Also, ne? Absolut. Bin zufrieden mit meinem Spiel heute. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich habe einen Jam nicht genommen am Button mit 7-6 suited, aber der wäre in einem Chop geendet. Ansonsten. Ja. So Leute, haut mal hier die GGs Alles in den gut. Chat. Das ist ein wenig 4 zu BB, wenig. 4 BB, 5 für BB. den Hasen hier. 5 BB, SBG, Huber 8 O. Da komm Hase. Whatever. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeht hier zu der Eureka in Roswaldorf. Grind on Tour covert für euch die Action hier live vom Event. Wir sind 10 Tage vor Ort, das ist Tag 2. Wir haben Samstag. Heute wird Tag 1C und Tag 1D vom Mystery Bounty gespielt. Da bin ich mit dabei, direkt beim ersten Flight. 1C läuft gerade schon. Gestern. Sein Name ist immer noch Felix Schneider. Und sein Name ist immer noch? Oliver Petri. Das ist. Einmal drehen. Warte, ich habe vergessen. So, einmal drehen. So, wenn, dann machen wir das vernünftig. Also ich sage auch mal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da sind. Ja, wir sind alle Jod-Drupp und wer Jod-Drupp ist, wer von Jode von daher, weiß ich. Oh, aber ich sage euch, mit so einem Shirt ist der Catwalk, ich zeig's euch, ist der Catwalk viel angenehmer. Träum mal so Rosen oder sowas. Und zurück. Look at him. Yes, baby. Und das könnte euer Shirt sein. Dankeschön. Leute, ich muss hinter die Kamera. Ich lasse die anderen 2 Verrückten, weil wenn 3 Verrückte vor der Kamera sind, ich sage euch, das ist einfach zu viel. Also, wir sehen uns. Dankeschön an Hempi. Und zeigen wir noch mal ganz kurz die liebe Sava. Da kommt der Walk-in Sava. Der Walk-in. Also 3, 2, 1. So, liebe Leute, jetzt sind wir wieder zurück. Ich habe den Bastard verdaut, ich habe gerade schon mal in den Churro gebissen. Du auch, ne? Ja, kalt war leider Gottes Churro. Normalerweise mit Schokosauce gut warm, dann sind sie am besten. Aber hey, man nimmt, was man kriegen kann, ne? Liebe Leute, ich habe hier jemanden Besonderen zu meiner Seite. Viele von euch kennen sie vielleicht noch. Du warst ja bei uns schon mal, auch im Stream, unter anderem mal zu sehen. Das ist schon ein bisschen länger her. War ich schon einmal, ist schon ein bisschen her. Bin ja doch jetzt auch schon seit 12 Jahren im Poker. Wien, Team Pros mit Pokerstars, Celebrities hin und her. Und jetzt wieder. Team Pro. Ein bisschen, jetzt Team Pro Austria. Habe ich tatsächlich Sebastian gestohlen. Und nachdem ich so lange bei Pokerstars war, es gab nie einen österreichischen Team Pro Patch. Das hat die Mel auf die Beine gestellt. Das waren damals Platinum, wie hat das heißen? Platinum Pass Adventure. Ja, genau. Für jeden Team Pro eine eigene Promotion. Ja. Ich glaube 15 in total. Ja. Da ist schon richtig rund gegangen, dass wir das irgendwie auf die Beine bekommen haben. Ich frage mich noch immer, wie das funktioniert hat damals. Das war mega geil. Ja, und Kojak hat damals noch gedealt für uns. Ja, der kam extra aus der Schweiz. Der war in Köln, ja. Ja, das waren Zeiten. Waren lustige Zeiten, ja, und jetzt bin ich wieder da. Ja, zack. Und was steht jetzt hier auf dem Programm? Wir haben ja so ein paar Sachen, die wir hier am Planen dran sind. Also wir sind ja Sachen am Planen. Also alles kann ich jetzt nicht verraten. Du kannst ja einfach ein bisschen was teasen. Alles So. darf Was, ich ja was, nicht was dürfen die erzählen. Leute denn, auf was dürfen sich die Deutschen denn so freuen? Ja, die Deutschen, also die kann man ja gespannt sein, was passiert quasi. Wir sind, deutscher Markt ist auf jeden Fall noch immer sehr wichtig für Pokerstars. Und so schauen wir jetzt mal, was wir für euch so machen können. Ja. Und ich bin zwar eine Ehrendeutsche, nein, ich bin Österreicherin. Servus. Servus, grüß euch. Servus. Das geht sich aus. Aber das reicht. Aber ich bin jetzt fest im Einsatz, dass wir schauen, wieder coole Promotions und Aktivitäten für Deutschland ins Boot zu holen für Pokerstars. Und da erwarten euch
viele coole Sachen. Felix, du weißt ja auch schon einiges. Ich aber weiß von nichts. nichts. Mein Name ist xflixx, ich weiß von nichts. Nein, das ist jetzt ein bisschen ein frecher Tease von uns, Ja, aber auch was, wo man sich wirklich freuen kann. Und es kommt bald und es kommen bald mehr Informationen. Und ich glaube, was wir sagen wollen, ist, dass die deutsche Community ein festes Herzblut von PokerStars ist, nach wie vor. Und wir uns da echt bemühen gerade und uns viele Dinge ausdenken. Und da kann man sich einfach freuen. Und mehr Details kommen dann einfach ganz bald. So von sieht's uns aus. beiden. Wir sind da was am Planen dran. Das wird eine wunderbare Sache hier, ne? Da könnt ihr davon ausgehen. Das ist mein bestes Deutsch. Definitiv. Das war schon nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Das war nicht Kann man, für eine Österreicherin kann man das durchgehen lassen. wunderbar. Super. Und jetzt gehen wir. Hast du das Ladies-Event gespielt? Durchaus zweimal. Durchaus zweimal sogar. Ja. Unerfolgreich, aber es war. Sie haben, glaube ich, das Feld vom letzten Jahr gedoppelt. Das musst du mir vorstellen. Letztes Jahr 62 Leute oder Frauen. Dieses Jahr über 20. Und du sitzt am Tisch. Es riecht so gut. Es riecht so gut. Das ist sehr ungewöhnlich. Es ist super nett. Wir hatten echt eine tolle Zeit. Wie gesagt, zweimal gespielt, zweimal gebastelt. Aber die Mädels warten jetzt in der Poker Lounge schon auf mich. Also wieder circa 10 neue Freunde gefunden. Und darum geht es eigentlich, oder? Wie das beim Pokern eben so ist. Ne? Man lernt andauernd neue Leute kennen. Fremden und steht auf und ist Freunde. Ja, ist einfach schön. Ja, finde ich auch. Deswegen wollten wir jetzt auch mal darüber gehen und uns mal angucken, was die Mädels da so machen. Schaut mal, dass du mich herbeigezogen hast. Sowieso, immer wieder gerne. Wir sehen uns ganz bald mit Updates. Ich freue mich, dass du wieder an Bord bist. Das ist echt sehr schön. Ja, seid gespannt, Leute. Da kommt was auf uns zu. Also, bis später. Schatzi. Willst du auch ein Küsschen? Okay, dann, Olli, let's go. Wir gehen jetzt zu den Mädels. Oder erstmal zur Ankit. Wo ist denn Ankit? Die Mädels, der Ankit. Wo ist er denn? Hallo? Wo ist Ankit? Ich sehe ihn nicht. Jumboturm? Ich sehe ihn nicht. Ich halte Ausschau. Folgen Sie mir unauffällig, bitte. Danke. Oh, kannst du nicht aufpassen, Felix, jetzt mal ehrlich. Jesus. Hier ist herrliche Luft übrigens. Ist das nicht wundervoll? So, Ankit vorhin Dritter in Chips gewesen übrigens, in dem Flight. Da sieht man direkt den Hoodie. Sieht man direkt den Hoodie. Direkt neben Neil Farrell, meinem Ginger Brother from another mother. What's up? Oh my God, how do you do it? Lockbox. Must be. Insane. Oh, this guy is buying the hundreds. I know this guy, Jan. Hey, buddy. Yeah, I'm out. I just busted, but love it. So how's it going? Good so far. Yeah. Is Second it bullet for the day? okay? I wasn't even able to shoot my second. I have to fire again tomorrow. Good luck tomorrow. Thank you. Yeah. Oh, I didn't want to disturb you. I just wanted to check up. Yeah, we're on break now. It's fine. Ah, it's break. Ah, okay. Then that's good timing because we want to go to the ladies' event. All right. Okay. Good luck, Ankit. Yeah. See you later. See ya. Good luck tomorrow. Thank you. Okay, dann gucken wir jetzt mal, wo wird das Ladies-Event gespielt? Da hinten in der Ecke. Oh, in der Ecke. Haben sie die Ladies in die Ecke gestellt, oder was? Ach, hier ist kein Empfang, ne? Oh, hier sind sie. GJ ist nicht mehr dabei. Gucken, hey. Kennen wir denn hier noch irgendjemanden von? Ja, Male ist noch dabei. Das sieht doch super aus hier. Gut, er filmt da drüben. Ich gehe hier rüber. Super. Wollen wir mal schauen gehen hier? Was haben wir denn? 12 left. Wie sind die Payouts? 7.000 for first. Und für den aktuellen Platz gibt es 520 Euro. Nächster Payjump ist bei
11. Und da drüben haben wir Team Poker Stars Pro Male Sprague noch mit dabei. Und ansonsten kenne ich jetzt niemanden vom Sehen. Kennst du jemanden vom Sehen, Olli? No. Ja, dann bleiben wir doch einfach noch mal ein bisschen drauf und gucken mal, was hier bei Male so abgeht. Final 2 Tables, Leute. 136 Entries, das ist eine ganze Menge. Krass. Wahnsinn. Oh, ich glaube, Male spielt eine Hand. Blinds sind bei 8.000, 16.000 mit einer 16.000er Big Blind Ante. Male hat da wahrscheinlich so knapp 200k stehen. Raised auf... Oh, das ist sogar noch mehr. Sie hat noch graue Chips. Raise auf 32k. All-in, Call. All-in, Call. Wir haben Pocket 9er Starsnuts. Starsnuts gegen Ass Dame. Ein Klassiker, der Coinflip. Neuner müssen halten für Male. Hier kommt der Flop. Oh, Ass Dame Flop, direkt die Nuts. Und das sieht nicht gut aus. Ei, 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 ei. Ja, das war's. GG. Ich glaube, das ist Seed Open für Male Sprague. Ja, dann noch den mit meiner absoluten Lieblings. Eigentlich dachten wir eigentlich, wir kommen um. Tja, direkt Nuts gefloppt, keine Diskussion. Wir fühlen mit. GG. GG. Ja, hallo? Ja. Katastrophe. Bild lag, kein Empfang wahrscheinlich da hinten. Okay, ich glaube. 1000 Menschen stehen vor Olli, vielleicht würde er seinen Arsch mal irgendwo anders hinbegeben. Aber es war halt leider nichts zu machen. Ne? Der Flop war richtig blöd. Ich denke auch. Ja, Leute, jetzt sind es nur noch 11. Und das war auch der nächste Page-Jump. Den Page-Jump hat Male auch gebabbelt. Unangenehm. Extrem unangenehm. Sorry. GG. Male Sprague. Seed Open. So sad. Did you see it? No, but I'm out here because she's out. Yeah, I'm sad too. Oh, she's got to give it. I was not sure if I'm gonna. Oh, you're interviewing her? I was about to actually ask her, but I Do you think. want to do the interview? No, nah. Oh, You? You can do it. You can do it. But what should I ask her? You know, she came back from 500 chip. Really? Won 500 chip on the bubble. We Really? thought she was out. Oh my fucking god! I was like, oh, GG, Marley, sorry you didn't make What a money. story! I mean, she'll tell it way better than I will. Wie geht's dir? Ja? Ich bin schon raus. Wir sind jetzt gerade noch ein bisschen. Wir wollten ein bisschen Ladies Event covern. Und ja, Alex, meine Damen und Herren. Hallo, na? Schön, dich mal wiederzusehen. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ist auch schon ein bisschen was her. Letztes Mal in Irland. Ja, in stimmt, Bonington. das war auch Irland. Ja, das richtig. Das war auch UK Irland. IPT, oder? das Oder war UK? das Road to PSPC? UK IPT I oder think, Road to PSPC? ja, Eins von UK beiden. IPT, ja. Da haben wir ist uns schon- das erste Mal getroffen. das War stimmt. das, was das? Irgendwo 3 bestimmt Jahre? nochmal 4 Jahre? über den Weg gelaufen. Ja. Ja. Und ansonsten, was spielst du nächstes? Ich habe jetzt hier gerade Main gespielt. Morgen spiele ich nochmal Main. Ich auch.
Um 12. Wir probieren es, genau. Gleich am Ja. Anfang Machen dran. wir. Ja, dann. Genau. Let's go. Ja. Und du meinst jetzt danach, nach Irish Open? Oder? Nach Irish Open, genau. Was machst du dann? Dann gehen wir nach Liechtenstein, kurzer Zwischenstopp und dann nach Monte Carlo direkt. Ah, Monte Carlo. Ja, ich bin in Malta davor. Ah, Und Battle dann of Malta? Nee, Malta Poker Festival, genau. Okay. Und dann kommt drauf an. Also dann vielleicht noch Monte Carlo. Aber dann auf jeden Fall in Vegas dann für World Series. Okay, da Kommst bin ich du? da nicht. Da komm Nein? ich nicht. Warum Ist ja nicht? nicht Pokerstars, Mensch. Ach so, Sponsorenkonflikte. Ja, okay. Du weißt Bescheid. Ja, aber nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überdrüssig. Weißt du, ich bin so ein bisschen Vegas satt. Richtig? Ja. Ach nee, ich liebe Vegas. Vegas im Sommer ist das Beste. Ja. Viel zu heiß. Aber Für mich. die ganzen Freunde sind da, Ja, wir gut, spielen alle. Es ist wie so Summercamp. Wie nennt Okay. man das? Holiday Camp auf Deutsch? Ja, so ein Summercamp. Summercamp, ne? Ja, Ja. Sommerausflug. Ja, Ich lebe schon so lange in England. Ich glaube, ich habe einen englischen Akzent, ne? Ja, man hört's. Ja. Definitiv. Ja, ich bin schon, Das ist bin wie damals, über die aus 25 Jahre in London. wie die Leute, die aus dem Schulaustausch aus England zurückgekommen sind und dann auf einmal den englischen Akzent hatten. Nein. Ja, so irgendwie. Ja. Ich war einer von denen. Warst du? Ich war ein Jahr in England, als ich 17 war. Mhm. Aber meinen Akzent, ich habe keinen Akzent. Aber ja. Wir sprechen zu Hause überhaupt gar kein Deutsch. Meine Tochter, die hat am Anfang für die ersten 2 Jahre mal ein bisschen Deutsch gesprochen, aber das ist halt schwer, wenn du keinen deutschen Umfang hast. Ja. Dann Nicht mehr gewöhnt. Nicht mehr gewöhnt, ja, genau. Richtig. Aber she speaks Poker. Ja. Schach und Poker. Ja, sie ist 8 Jahre und ziemlich gut. Das glaube ich. Ja, sie macht da immer mit Go-To-Wizard bei mir dabei. Wirklich? Ja, ich hab Bilder. 20% Range-Check. Ja, 80%. genau. Ja. Bet 33%. Ja, sie hat es halt vom Schach halt dann immer, gell? Guck das mal an, hier. Sie macht einfach, das ist die beste Promo für GTO. 4 Tische und Holy die Range, shit. ja. Holy shit. Ja, warum nicht? Soll ich mir eine Scheibe von Ja, abschneiden? Also in 10 Jahren ist sie dann beim World Series dabei und dann. Glaube ich auch. dann ja, genau. Ich merke, ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Die 8-Jährigen konkurrieren jetzt schon. Ich kann aufgeben. Ich muss noch ein bisschen. Am 13. April, da kommt er auf BBC, habt ihr so eine, wie nennt man das, Reportage? Dokumentation, Doku ja. auf Radio. Und das heißt dann Poker Parent. Und warum ich ihr Poker beibringe. Ah, geil. Also die ganzen, und da ist dann Marie Konnikova dabei, Jennifer Shahade, Nikita Luther. Wir haben dann auch so Wissenschaftler dabei, Oh, nice. die dann darüber sprechen, über Gambling and Addiction auf Deutsch. Zocken und Sucht. Genau. So. Suchtprävention. Und wir sprechen darüber, ob das gut oder schlecht für mein Kind ist. Und ja, einfach. Und zu welchem, darfst du teasern, zu welchem Schluss du kommst? Oder das? Dass es gut ist. Solange wir das Geld, die Geldseite nicht mit einbringen. Es ist einfach nur über Gewinnen und Strategie spielen und Denken. Und solange wir das so beibehalten, wie so irgendein anderes Kartenspiel, dann ist es okay. Cool. Ich denke ja auch, ich war immer schon überzeugt. Ich habe immer schon gern gezockt und ich glaube, man lernt spielerisch einfach am besten, immer. Genau. Und das ist richtig. Und bei ihr ist es halt auch so, dass ich mit dem Schach, das sie da spielt, sie hat auch diese strategischen. Come on, Marley. This is, I call her now Marlin because she's a magician. She came back from 1 chip on the bubble, to then, I don't know, 12th. I'm sure you're super excited to tell that story again to us. Yes, So here we go. what happened was I lost a big pot, 2 from the money, 10s v jacks. Was up out of my chair, walking away. They called me back, said you have 1 500 chip left. I said, okay. As I'm sitting down, 2 ladies busted on the other table to burst the bubble. And I'm happy enough, I made the money. That's good enough for me. But then I proceeded to win a lot of all-ins. And then spun. And yeah, busted in 12th, 9s v ace queen. We just saw. I thought we brought the run good, but we actually brought the anti-run good. It's okay, I mean. That flop was atrocious. Yeah, atrocious flop, but great spot to just chip lead pot and yeah, really have a go of it. But I can't complain. Well, lucky to be here. Good run. Thank you. GG. Thank you for sweating. I was like, this is the story of the tournament. She's going to take it. We were actually prepared to rail you up onto the win and you get the trophy, but
It wasn't meant to be for this one? It wasn't meant to be. The Next main. time. Main. Main tomorrow? Yes. Main tomorrow, bright and early. We'll see you there. Let's do it. We're doing it. All right. Okay. Bye. Okay, then we get an early exit. Bye, everybody. Thank you. Thank you so much. We're doing this. Ja, bis bald. Mach's gut. Ja. Ciao, Tschüssi. ciao. Ciao. Ciao, bye, bye. Ja, dann. Abmod. Abmod. Mic drop. Ollie of Liberty. Thank you.